Okay, irgendwie habe ich meinen Stream beendet, warum auch immer. Oh Mann, das fängt ja gut an heute. Ah, also nochmal, hallo, falls Ding ist, irgendwas schiefgelaufen. Aber jetzt läuft er hoffentlich. Ja, ich glaube, es läuft jetzt. Naja, mal gucken. Jupp, läuft. In 13 Minuten geht der Livestream los. Ja, das ist ärgerlich. Ach, und Chris nochmal, falls er durchkam, 2026. Und hallo Seal und Rödas. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten. Und Matthias ist, glaube ich, auch da. Hey. Grüße. Servus. Ich hatte ein bisschen Startschwierigkeiten gerade irgendwie. Ich glaube, habe nicht gut geschlafen und mein Rechner auch nicht. Ja. So, ja. 13 Minuten geht's los mit dem Livestream. Und hat euch das gefallen gestern? Was ihr gesehen habt? Ja. Ich habe einen groben Kommentar nach dem Stream abgegeben. Also viele technische Aspekte waren halt sehr dezent rübergebracht, ohne dass sie jetzt dann uns erklären, warum das so arg ist. Mhm. Understated war es teilweise technisch gesehen. So, das erste Thema, was ja heute anfängt, ist. Da war bestimmt einerseits die Musik so laut und einerseits so leise. Basebuilding. Crafting kommt auch noch, ne? Genau, also wir haben als erstes Crafting Your Home, kommt heute dran, genau. Also Base Building, das was sie letztes Jahr angefangen haben sozusagen. Da zeigen sie wohl dieses Jahr den Stand der Dinge. Wie weit sie in einem Jahr gekommen sind damit. Man darf halt nicht vergessen, dass sie schon mindestens 3 Jahre dran arbeiten. Und das Tool, das sie da intern verwenden, ja eigentlich die Basis dafür ist, das Base Building zu machen. Wie dann Crafting selber funktioniert, haben wir ja ein bisschen gesehen mit dieser einen Maschine, die aus dem, was man quasi beim Salvaging macht, dieses Multitool kann man ja selber craften. Was ja damals schon ein bisschen ein Bruch war, weil sie gemeint haben, nee, Crafting, das machen dann die großen Orgas für uns. Da gibt es dann Wirtschaftsnodes, wo wir dann quasi Einfluss haben und so hin und her. Das war der alte Plan. Bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht, auch in der Richtung. Ja. Ab nächstes Jahr soll es übrigens selbst zusammenbaubare Modelle geben. Zum Beispiel von der Hammerhead. Auf der Citizencon meinst du? Ja, da steht ein Verkäufer. Ich sage jetzt nicht, wo ich gerade gucke, aber der ist da gerade auf der Messe rumgerannt und da gibt es einen kleinen Stand. Da ist ein Modell 1:350 von der Hammerhead und der gute Chinese hat gesagt, mit seinem Englisch, dass sie das ab nächstes Jahr verkaufen wollen. Okay. Sah Aber auch ganz gut aus. Aber ich meine, ich habe schon einen Stand gesehen, wo sie so Modelle verkaufen. Nein, es gab bis jetzt immer so eigentlich mehr Bastler, die halt mit 3D-Druckern diese Modelle mit extrem viel Handarbeit, weil wenn du was mit 3D ausdruckst, dann musst du ja nachher dann die Oberfläche bearbeiten und bemalen und das ist halt schon recht aufwendig. Ja, das sah so aus. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr ein bisschen Japan-affin seid, dann kennt ihr bestimmt auch Gundam, ne? Und da gibt es ja auch so Bausätze und genauso sah das aus. Ja, aber das sind industrielle Bausätze mit Spitzguss. Genauso sah das aber aus. Du brichst dann die Teile sozusagen aus diesem Quadrat raus und dann kannst du die zusammenstecken, wie so Gundam. Und High Epic und Chris und Dragonflame nochmal. Exploit, guckt hoffentlich noch zu. Wenn irgendwas mit dem Stream ist oder Sound oder so, sofort sagen, bitte. Bitte. Ja, ne, worauf ich hinaus wollte, ist halt, bevor wir jetzt zum Stream zurückgehen,
ich finde das halt interessant, wie sich auch Firmen außerhalb von CIG halt jetzt Lizenzen sichern, um da Merchandise zu vertreiben. Das ist halt interessant. Das ist normalerweise gar nicht so schlechtes Geld. Wenn du eine gewisse Stückzahl hast, dann lohnt es sich eben, diese Formen zu machen. Und dann kannst du an einem Tag 10.000 von diesen Formen mit Plastik befüllen. Mhm. Das ist schon, im Gegensatz zum 3D-Druck skaliert das halt deutlich besser. Das auf jeden Fall, ja. Und könnte eigentlich um die Zeit hier schon wach sein. Irgendwie finde ich das früh heute. 10:21 Uhr. Da muss man. Es ist ja immer noch Sonntag. Ja. Viele Ja. nutzen den Sonntag Sorry, zum Exploit, ich muss Ausgleichen. leider irgendwie nochmal starten, weil irgendwie habe ich ihn beendet. Oh, ich habe es nicht gemerkt und habe die Ansage so gemacht. Ja, machen wir weg. Alles Genau. in Ruhe. Wir haben Nee, ja noch hab- Zeit. hab 8 ich ja schon. Minuten. Komm. Wir haben noch 11 Minuten, wenn es stimmt. YouTube hängt ein bisschen nach, also wäre schön, wenn ihr es parallel nochmal richtig sehen wollt oder den Stream guckt und nur im Chat oder so, dann guckt auf YouTube. YouTube musste aktualisieren, weil jetzt ist es gerade von 27 Minuten bei mir auf 8 Minuten runter. Ja, du siehst Ja. es unten am Zeiger teilweise. Es sind 7 Minuten 55. Genau. Ich habe 5 Sekunden Vorsprung. Hihihi. Ja, Twitch, bitte nicht auf Twitch gucken, das hatten wir gestern. Das ist irgendwie. Ah, oh, darf ich gar nicht sagen. Das ist ja Nein, Gegenwehr. Lando hat das sehr, sehr dezent ausgedrückt. Die YouTube-Menschen sind halt die besseren Menschen. Ne? Ja, Oder wirst du, je nachdem, was sieht. genau. Also hier sind es auf Twitch sind 7:1 und 21. Ja, 20 Sekunden ungefähr Versatz. Oh, jetzt habe ich es geschlossen, ich dackel. Morgen, Giacomo, kann man wach sein. Auch der Sound, den kenne ich so gern, wo da so bekleidet mich schon seit meinem Starcitizen-Leben, wo gerade läuft. So. Also, was haben Sie da eigentlich noch als Thema? Was kommt denn danach? Captain's Industry uncovers the ships and ground vehicles that will serve as your primary tools for base building. Also einfach die Erweiterung zum ersten. Und das Stars by Destination to Star Citizen 1.0. Das ist der letzte Punkt, wo es dann gezeigt wird, wahrscheinlich, wie es Richtung, wer sie vorhaben, Richtung 1.0 zu kommen. Das hast du gepostet. Also. So. Also das erste Panel ist halt ja, Basenbau, das zweite ist halt Die Schiffe zum Basenbau. genau. Stars in my destination, Star Citizen 1.0. Achso, Roadmap vermutlich, ne? Ja, Roadmap und vielleicht die ersten Auszüge, wie sie sich vorstellen. Mhm. Was noch rein muss, dass sie 1.0 releasen können und was funktionieren muss. Was ist ein Enter? Atmosphere 2954. Viva Studios, Manchester. Das ist ein Offsite-Event. Ja, das ist wahrscheinlich dann das Feiern, wo sie hingehen. So, After-Show-Party. Genau, da sind wir ja nicht eingeladen. Ja, sicher vielleicht jemand von Knebel oder so geht vielleicht, denke ich mal, hin, nehme ich an. Vermute ich auch mal, ja. Ja.
Ja, auf seinem Kanal interviewen sie gerade deutsche Modellbauer. Okay. Das sieht aber mehr nach Tabletop aus, also von der Größe her. Mal gucken, wenn ich nachher einigermaßen fit bin. Vielleicht mache ich eine Pause und dann vielleicht noch ein bisschen ins Verse, aber ich kann es nicht versprechen. Ich habe jetzt nicht so lange geschlafen heute. So. 3 Minuten 45 laut. Jedes Mal, wenn ich auf einen anderen Tab gehe, da bleibt mein YouTube irgendwie hängen. Wenn ich zurückschalte, denke ich immer so, ich war doch mehr als 10 Sekunden weg. Ich glaube, kurz vorher refresh ich es auch nochmal. Weil ich habe jetzt hier noch wieder einen kleinen Balken hier gehabt gerade. Also irgendwie scheint er ein bisschen... Also 3 Minuten 15 war jetzt gerade bei mir. Jetzt habe ich gerade refreshed, jetzt bin ich 3 Minuten 20 gewesen in dem Moment. Und mal refreshen. Ja, das ist bei YouTube irgendwie nicht so gut. Ja, 1044p geht auch. Auch besser wie HD. Ich habe irgendwie 1460, aber ich habe es auf Automatik, also der schaltet runter. Sollte es anspruchsvoller werden, sag ich jetzt mal. Ja, das mache ich. Wie ich auch streame, mache ich das Bild jetzt auf. Aber ist besser, wie ich in HD zu senden. Nur. Ich sende auf 1044p, deswegen passt das besser. Also mein YouTube ist ungefähr 10 Sekunden vor deinem Stream, aber das kann die Dingens-Differenz sein. Also bei mir ist jetzt genau 2 Minuten. Ich bin bei 1,55 Grad gewesen, wo du 2 Minuten gesagt hast. Okay, das ist echt komisch. Ja. Lädt. Ja gut, das ist aber besser als die Minute, das was du gestern hinterhergehangen hast. Sag ich mal. Wegen 1 Minute 30 noch fast, also na 1,34, 33, 32, 31, 30. Ja, dann mache ich noch mal einmal zu und mach's noch mal auf. Scheiße, ich habe keinen Kaffee mehr, verdammt. Ich kann jetzt aber nicht weg. Ja, das ist doch scheiße. Ja, jetzt bin ich bei 1,21, 1,18. Ja, ungefähr. Also ich bin ungefähr 5 Sekunden vor dir. Aber wie kommt das? Lädt's bei dir schneller rein oder was? Keine Ahnung. Na gut, du sendest ja. Das kann natürlich sein, dass er langsamer zieht. Das wird dadurch. Also, ja, bei mir lädt's am Anfang ein bisschen länger beim ersten Mal. Das kann sein. Ich hab ja nur immer F5 gedrückt zum Refreshen, deswegen. Aber das ist okay. Wie gesagt, gestern war es da eine Minute oder knapp eine halbe Minute dahinter. Ich glaube, das hat sich aber auch irgendwie erhöht. Also jetzt sind es 45 Sekunden bei mir. Jetzt habe ich gerade nochmal refreshed, aber 40, 39. Bei dir? Jetzt bin ich 10 Sekunden vor dir. Du solltest nicht refreshen mehr. 20 Sekunden bei mir noch. Ja, jetzt sind es 25, 24, 23. Egal. Sind es halt 10 Sekunden. Ja. Aber das, wie gesagt, das ist nicht ganz so schlimm wie gestern. Da kann ich lachen und dann weißt du, jetzt kommt gleich was Geiles. Geht der Timer wieder hoch oder geht's los? Ne, es geht los. Wow. Ja, bei mir noch nicht. 5, 4, 3. Hello, everybody. Welcome to the pre-show for day 2 of Citizencon. I'm your host, Jared Huckabee, and we're... Ja. Sound? Leute sind auch übernachtig. Ach, ich habe Lade. Otherwise known, and this is where you're all going to cheer. Sorry. Watch, I'm going to do it again. At Citizencon! That's really quite cool.
We are here in the general lounge of the UEES Barbary, where I'm going to be sitting for most of today, because if you watch day one, I made an ill-fated decision during the pre-show yesterday to attempt physical movement of any kind. Generally, I'm against it. If you consider physical movement of any kind past the age of 40, don't. But if you have to do physical movement at any point after the age of 40, my recommendation is to stretch at least once in 14 years. So yeah, we're here on day two. Let's go over a little bit of day one. Day one, we saw the Brave New Worlds Genesis presentation. It was a fantastic look at all the new Planet Tech tools that will allow us to build planets like the newly revealed Castra Sherman. We checked in with the organization presentation. I know it's a social and universe, and it had all kinds of stuff, the party chat and all that stuff, but really for me, like, I was there in 2014 when and met Benoit for the first time when he did the very first organization and presentation. And for the last 10 years, every other time I see that man, I'm like, when, Benoit? When's our time? When are the orgs coming to the game? And to know that they're finally in active development and on their way to the precision universe is one of the more exciting things about Star Citizen for me. It's just, you know, we're all in these orgs. Everybody's in an org. There's med runners over there. There's ADI over there and stuff like this. But that's outside the game. To finally get these orgs inside the game is a major milestone that I've waited for so long. And yeah, it's not happening today or tomorrow, but it is in active development. We'll have more updates on that when we do our other shows, the ISC and the SEL, over the remainder of this year and well into next year. Then we had that cosplay contest. Who actually won? Who won the cosplay contest? It was that giant Pico, right? I forgot to check. I was unfortunately doing some other stuff, but I hope it was the giant Pico that won. But of course, Ken Shadow, last year's winner, was back and everything. I haven't seen Ken Shadow. Ken Shadow, are you in the building? Ken Shadow, if you're in the building, come find me in the general lounge. And then, what was it? Dress to Kill. Gott, das sind Finally making good at all those armor specializations. No, don't take my water. I need my water. You just don't bring back my water. Ist ja fast gleich. I don't mind if it's a shot I have to drink. It's my water. He took my water away. But the return of the Valakar Sandworm, we've been waiting for that since 2016. And I'll tell you, we did several playthrough tests over the last couple of years. Okay, they really wanted to move it out of the shot. So I'll move it out of the shot. Watching that thing in action, the players play it. It is devastating. It is deadly. It needs a lot of tuning. And I'll give you a little BTS. There was one playthrough that we couldn't use any of the footage from because its projectile spit was bright white. And I want to elaborate on that. You can use your own minds to wonder why we didn't use that. And then, of course, the Beyond Pyro presentation, where we finally got confirmation that Nyx is our next system, and the reveal of the Castra system pre-production. I'm going to talk, Ian, I know you watched the show. That's pre-production? Are you serious? Like, I've never seen pre-production look quite so good. So yeah, we're all really excited. And then, of course, the Squadron demo. Who saw the Squadron presentation? Yeah. Oh. Ja, alle sagen. Yeah, okay, so I've been with the company for about a decade now. And for the first 9.5 years, I made myself a rule that Squadron, I wasn't going to pay. Ich hoffe, dass sie da nochmal ein Video rausbringen, wo es durchgängig ist irgendwie. Wo sie nochmal aufnehmen. Beim letzten Mal, wie es Probleme gab, haben sie das gemacht. Ja, das werden sie diesmal auch machen. Die werden nochmal einen klaren Durchlauf machen, aufnehmen und dann online stellen. Bin ich mir 100%ig sicher. Also irgendwie hängt es manchmal bei mir. We gather everybody, so everybody could watch the playthrough on our big screen in the studio, and everybody could take notes about everything that needed to be adjusted and stuff. And it's been a heck of an experience over the last 2 months, really dialing that in and get that down. And despite the crashes that happened yesterday, a full, brand new playthrough is available on YouTube now. Rich Tyrer
I don't know if I'm supposed to share this, but I'm going to share it. Rich Tyrer left here, went straight back to the office, straight back to his computer, fired that thing up, and just played it start to finish, 75 minutes without issue, recorded it, gave it to us, and said, get that on YouTube now. So, Rich Tyrer, fantastic player. Everybody, a round of applause for Rich Tyrer, please. Wenn ich noch fit bin, können wir es ja nachher nochmal angucken, wenn es hochgeladen ist. Wenn's schon And I'm going to say that Legatus difficulty is no joke. Over the last 2 months when we were doing our weekly reviews, we had lots of players. Shout out to Tommy, who would play during these reviews and stuff. And Rich is an exceptional player at that. Those Vandal who were charging around McLaren were super lethal. And the turret section has full Maelstrom destruction, so a lot of folks who were playing it, the turret would just explode. And yeah, he fell down at the end, but other people would just explode out into space and have to restart. So Rich, you're a decent game director, but you're actually a really good player at that. And you made that Legatus difficulty look easy. So congratulations. So one of the cool aspects of Citizencon every year is that every time I walk past somebody, it seems like they hand me something. And I'm like, here, Disco, put this in your pocket. Das sind schon Patches. And this is a collection of the things that I've been handed over the last 24 hours. We've got, these are pins from an F-35 ejector seat. It's an F-35. I can't remember if it's an F-35 or an F-18. I know those numbers are not remotely close, but I'm very tired. But these were pins from an ejector seat. We've got a bottle opener. You can never come to a Star Citizen event without somebody handing you a bottle opener. Challenge coins. We talked about challenge coins last year. Atlas Defense Industries. This is one from Citizencon this year. Different orgs. This was somebody's personal giant challenge bar, I guess. I'm not these are all metal. These are really nice. And then patches. We love patches. Both Tyler Wicken. Shout out to Tyler Wicken. Both Tyler Wicken and I have a huge board in our office where we collect all the different patches that folks give us. We've got Bar Citizen patches from all over the world, including one of my most cherished, a patch from Bar Citizen Iraq, where it was just 4 enlisted servicemen having their own Bar Citizen quite a few years ago. And then there's some curiosities, like this guy. I don't know what I was supposed to do with this. He handed it to me, and he said, put it in your mouth. Oh, da hätte ich es vielleicht entsorgen sollen. I understand that's what a poo lolly is for, but we'll do that after stream, maybe. And then, of course, shout out to the Med Runners. I'll tell you, Med Runners, one of our favorite orgs in the game, dedicated just to helping other people. I ran into the Med Runners at breakfast this morning, and because I had a long, painful walk into the studio, they literally put me in their car and drove me to the event today. So shout out to the Med Runners, helping people in the game, helping people out of the game, doing the kind of things that we love. So, and this was very cool. I don't know what this says. I think this is the manufacturer. I think this is the manufacturer name. This is Gattac or I can't think of the name of the other one right now. And then this weird Copion thing. So how are we doing on time? Oh, the time's not up there. All right, so one more thing we do before we throw it to Dan and Sam. I wanted to do, back in Citizencon, our first digital Citizencon in 2021, I made the mistake of reading online comments after the presentation during the show. And there's nothing I like more than repeating the same mistakes of the past. So our lovely social media team, shout out to Galactica and Mickey, put up a thread asking for your comments about day one of Citizencon, and let's go through and see some of what people said. Citizen of the Verse said, Castra, my new home. A lovely picture of Castra there. We've got Serious Fun says he loved the PU, that the PU got clarity on its next 2 systems and that the visual fidelity of Squadron 42 is off the charts. Oh, and that Zeus bomber jacket. I'm not wearing mine today. Who's got that Zeus bomber jacket on? Somebody come over here. This thing is amazing. I want to shout out 2 members of our marketing and merchandise team, Mandy and Kat, who led the charge to get the coolest jacket we've ever made based on an authentic M1A jacket. Again, Mandy and Kat. If you see them
over at the merch booth. Tell them Jared sent you and tell them how much you appreciate their work on this. They're responsible for all the merch at this year's Citizencon. And I've been to 10 of these things, and I feel like this is the best merch we've had. I'm wearing the new blackout hoodie today, and this is a really great material. This is comfortable. This is going to become a new daily driver here. Okay, that's enough shilling for the merchandise. Rick Rate says his favorite thing was the Worm and Sherman and this handsome guy, and there's a gift of Henry Cavill there at the beginning of our Squadron 42 demo. Let's see. Cosmic D says he loved the dynamic weather demo. Ja, ich glaube später hat es dann Sportunterricht geheißen. Making videos for Star Citizen is hard. Weil wir haben ein kleines Problem in Deutschland mit Tonen. Weil bei uns gibt es ja den Tonvater Jan. Very hard. Like none of that was fake. Kannst mal googeln. Der war nicht ganz so freundlich zu den Kindern wie eigentlich gedacht. That was the actual dynamic weather system pushing down on the ship and saying no, you ain't taking off. They managed to get it off and then managed to fly in a straight line and stuff like this. Is that for me? Oh, they want me to wrap up. How rude. How rude. All right, so we'll read one more comment, and then we'll pass on. We're not going to read that one. We're not going to read that one. You don't even know my mom. Okay. Uplink says, my favorite part was when the sandworm said, it's sandworming time, and then sandwormed all over those guys. We remember it exactly the same, Uplinks. All right, so that does it for me. I'm going to throw it to Dan and Sam, who I believe are over at the Sim Pits, and see what kind of hijinks they're getting into. Guys? Hi, everyone. Welcome back to Citizencon Day 2. Woo! I'm Sam, and if you didn't meet me yesterday, I kind of do some voices and stuff. I also flew a carriage. But I am supposed to be here with Dan, and for some reason he's not popping up like he did yesterday. Hang on. I think I can smell incompetence. Oh, Dan, there you are. Oh verdammt, ich hätte jetzt nicht in den Merch-Shop reingucken sollen. Oh, I'm not doing all right. Look at this. I'm keep blacking out. Oh verdammt, ich hätte auf dem Bildschirm schauen sollen. Schon wieder so ein genialer Stuhl von Monster Team. I don't think I should either, but it's so fun. Hast doch schon gesehen, die If you guys 3.9, are here oder? on the show floor, these Monster Tech Sim Pits are really haptic. My ass is vibrating right now with the ricochet of bullets hitting my rear. Dan, shall I take over for Wenn you? nur zwei Tische da sind. Please take over. Okay, maybe I'll give him a break. Das Come on, reicht doch. Dan. Da können sich die zwei Moderatoren immer abwechseln. Ja, so. Help. Thank you. Turns out, Ich bräuchte erstmal not eine very halbe good at Stunde, video um meine games. Einstellung reinzuhauen. And Sam's really good at video games. So this Du is bist gonna ja go auch well. überhaupt nicht irgendwie let's see you anpassungsfähig. Nee. All right, well, maybe it's not Nicht so mehr, easy. nicht Maybe it's mehr, not so nicht easy. mehr. Das war To ich be mal fair, I left vielleicht. you in a pretty shit situation. You were set up for failure. Come follow me. We're gonna move away from my abject failure for a moment. Hi guys, welcome back to Citizencon Day 2 here at Manchester Central. We're so happy to have you back. Like Jared said, hopefully you guys enjoyed the panels yesterday. We covered a bunch of stuff yesterday, but don't worry, there's still a bunch more for you guys to check out today. Between ships, between base building, between the road beyond, there's still a bunch of stuff for us to cover. As you can see, we are here in the General Lounge here at the show floor, Hall B. Here at Citizencon, let's take a look. As you can see, we have our lovely Hornet. We have our players just chilling out, maxing, relaxing, all cool, shooting some saddle ball outside of school. When a couple of duel who were up to no good started making trouble in the neighborhood, we got in one little fight, and Captain Bishop got scared, or Admiral Bishop got scared. We said, Squadron 42, release date 2026. Who is hype about that? Awesome, guys. We are going to be covering a bunch of stuff here today. We have a bunch of community booths still to cover. We have some awesome models to show off here on the show floor as well. There's still
So much more to cover, and I'm really excited. We only have a little bit more time together, though. I want to make sure you guys are taken care of, and hopefully you guys are having just as much fun watching the show as I am running it. Now, as you can see, we have our themed stuff. We didn't really get into the theming last year. I want to get down into sort of the micro this time. So let's take a look at the outside of these booths. As you can see, we have Biatacorp Waste. We have the Robber Space Industries. Come follow me a little bit. We're going to go a little bit into the community booth area, just a little bit. Oh, God. As you can see, we have this problem in the verse as well. Get a look at that. People just stacking up their med boxes. Wasteful. Wasteful. For shame. Throw it away. Littering. Hi, guys. Come follow me. We're going to make our way out. Hi, everybody. We're making our way through. Guys, it has been such a pleasure to be back at Citizencon. In case you don't know who I am, my name is Dan Halbrick. I'm the community producer here at Cloud Imperium Games. I produce our community managers. That's Jake Acapella, that's Freya, that's Christian, that's Ulf, that's Niku. All the people who you guys interact with on Spectrum, on Twitter, X, who cares what it's called these days. I help produce those guys and make sure they're giving you guys the updated information, chatting with y'all, and it's been such a pleasure getting to actually get to know you guys as well. You guys have been so amazing here at Citizencon this year. We're just making sure that we catch as many people here on the show floor as possible. In case you guys didn't check this out yesterday as well, we have the Addison Lounge. The Addison Lounge is a place just like the General Lounge for you guys to chill out. Make sure you guys are getting a drink. If you guys have a VIP ticket, you guys have special access to bar and refreshments here as well. You guys don't have to wait in the long line. Make sure you guys are checking that out as well. brauchst extra Ticket, um dahinter zu kommen. Yui, thank you for your service. Yeah. We have that huge United Empire of Earth timeline as well, going all the way back to 2137 to the pretty near recent future of 2950. It's only 4 years ago based on our in-lore world. And I think that's pretty much it. I mean, obviously, we have the Hornet. We've covered that to death, so I'm not going to cover it. But still, it's pretty cool. Now, I think we're ready to throw over to our first presentation, so we're going to throw it back over to Jared. We'll see you guys later for some more community booth stuff. I'll see you guys later. Thanks for watching. Oder nicht das Modell, das andere Modell, was da stand auf jeden Fall. Das große weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die Hornet meinst du? Ja. Das weiß ich nicht, ob das der gleiche war, der das andere Schiff macht. Nee, mir geht es bloß darum, ist es von CIG oder ist es von irgendeinem verrückten Fanboy? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Brüder? Sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Das Modell, das Hornet-Modell, ist das von CIG gemacht oder von jemand anderem? Einer externen Firma ist es gemacht worden und haben sie gestern vorgestellt. Externe Firma, wo von CIG beauftragt worden ist. Genau, und die haben auch Props für ganz große Produktionen in Hollywood. Ja, passt schon. Ich wollte bloß wissen, ob es von CIG bezahlt worden ist oder von verrückten Fanboy. So wie zum Beispiel diese riesigen So-und-so-Modelle. My mom likes what I do. Das ist ein interessanter Faktor, weil der Asiate, wo es diese Raumstation gebaut hat, etc., das ist ja Fanprojekte. Man sieht sehr denen immer ganz extra, dass die Fans sind, auch Fans sind. Und manchmal erwähnen sie, dass sie kleine Stückzahlen Bestellungen aufnehmen. Manchmal werden einzelne Stücke dann auch auf diesen Veranstaltungen verkauft. Moment, da kaufen sie nicht so kleine Modellen halt. Ja, aber mir ging es nur um den Fakt, dass zum Beispiel angefangen hat es damals mit der Intel-Teil. Kannst du dich erinnern? Was? Das Intel-Teil. Warst du da in Frankfurt? Intel-Teil? Da, wo wir die ersten Leute, die reinkommen sind, haben eine Optane bekommen. Das war eine Citizencon, ja. Du meinst die letzte in Deutschland. Die SSD? Es ist eine Form von SSD, aber es ist eigentlich keine SSD, es ist eine andere Speichertechnologie. Das ist, was du direkt aufs Mainboard drauf klippst. Auch gibt es 2 Variationen, kannst aber auch mit normalen PCI-Express-Stecker haben oder mit NVMe-Stecker. Und im Übrigen... es ist auf jeden Fall eine Festplatte, oder? Es ist ein Speicherträger, es ist eine Form von Festplatte, ja. Und SSD heißt nur Solid State Disk.
es hat noch nicht zwingend auf die Chip-Ding. Du kannst mir jetzt vertrauen, wenn ich dir sage, dass Intel Optane den Vorteil hat, dass es noch einmal bei kleinen Dateien ein bisschen schneller ist. Ja, im normalen umgangssprachlichen gedacht. Gebrauch heißt das mittlerweile M2-Festplatte. Also Genau, und erstens, man kennt die Optionen, weil ich mich mit Hardware auch auskenne. Also brauchst du mir nichts erzählen. Okay, Aber darum ging es auch nicht. Nein, es geht um das Modell. Das Modell haben sie damals professionell von so einer Firma bauen lassen. Welches Modell dazu? Diesen Gleiter, dieses Hoverbike, das sie gebaut haben, in echter Größe. Ja, aber Rüders, darum geht es mir nicht. Mir ging es bloß darum, ob die Hornet von CIG in Auftrag gegeben worden ist und CIG hat dafür gezahlt oder wie diese Fan-Projekte Nein, es ist ein Auftrag von CIG gewesen, spendiert von den Sponsoren der Veranstaltungen zusätzlich. Und was war jetzt mein zweiter Teil der Frage? Also die Hornet weiß ich es nicht. Bei der Hornet weiß ich es nicht, aber Tracknout und Port Olisar, das war bei einer das haben die angeschleppt bei einer Veranstaltung, wo es in China war, in Singapur oder so. Und das haben sie jetzt. Genau, und das haben sie jetzt nur eingeschifft. Wie gesagt, bei der Hornet weiß ich es nicht. Nee, passt schon. Also ich glaube ja wohl, dass wenn das auch, das hat CLG in Auftrag gegeben für einen professionellen Ersteller von solchen Requisiten. Korrekt. Ich kenne ich ja, haben ja auch andere schon gemacht, aber ich kenne es halt jetzt zum Beispiel aus Star Wars, weil da war ich ja auch in einem Kostümgummer früher. Und die sind auch teilweise in der Freizeit hergegangen und haben TIE Fighter 1:1 nachgebaut, wo sie reinsetzen können hast. Ja, das wäre natürlich auch geil. Im Übrigen, wo ich gesagt habe, ich sollte nicht in den Shop schauen, das hat seine Gründe. Ich habe gerade 155 € ausgegeben. Du weißt, was hast du gekauft? Dadurch, dass du in den Shop geschaut hast, mein Gott, da darf ich auf jeden Fall nein schauen. Ich hab mir das blöde Plüschi geholt. Das Plüschi? Welches Plüschi? Das mit den schwarzen Hoodie, der Pinguin mit dem schwarzen Hoodie. Dann habe ich mir von Bengal Carrier ein Mauspad geholt, so ein großes. Und dann halt die zwei, sag schon hier, die Metallpins, die 2 Sets. Die wollte ich unbedingt haben. Ich schau mal rein. Ich war mir nichts kaufen, damit mir ziemlich sicher, aber ich schau trotzdem mal rein. Ja. So, ich gehe mir jetzt fix nochmal schnell Kaffee ansetzen, weil es geht anscheinend gleich los. Ja, bis gleich. 7 Minuten geht's los. Hopp, hopp, zack, zack. Jo, bis gleich. Mein Gott, die Jungen können nicht planen. Ich sitze auf meinem Monstertech-Stuhl. Ich habe einen Stuhl, den habe ich, glaube ich, jetzt schon fast 15 Jahre. Ja, schön für dich. aber ist schlimm, bin auf mehreren Sitzen gesessen, mal zum Probieren, aber... Und lieber was Besseres dabei, stimmt's? Keiner war irgendwie dabei, wo mir wirklich zugesagt hat. Ganz komisch. Ja, du bist ja auch nicht der Kleinste, das ist auch wieder ein Problemfaktor. Ja. Ne? Und dann wird es gleich halt zu teuer, wenn es dann wirklich ein guter ist und dann ist er trotzdem nicht so bequem wie... Wobei, ich denke mir mal, wenn du jetzt an fairen Preis für sehr gute Qualität zahlst, die dann auch Jahre hält, dann ist das, tut sich auch wieder... Ich kenne mich bloß bei Stühlen nicht so aus. Und in Möbelgeschäft, da kannst du ausprobieren, aber da sind halt nicht die richtig guten. Das ist das Problem. Ja, das Problem. Also wie gesagt, ich kann halt bloß von meinen Erfahrungen reden, von diesem normalen Bürostuhl von Monstertech mit der Aussparung für den Joystick in der Mitte. Und das Teil es kostet zwar irgendwie fast 900 € in einer etwas besseren Ausführung mit einer Bezug, wo so eher im Militärbereich verwendet wird, also einen ziemlich abriebfesten Cortex oder so. Mhm. Also das Ding habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Den Stuhl siehst du noch nichts an. Also beim Sitzfläche und so weiter. Nichts, gar nichts. Hat er eine Aussparung in der Mitte für einen Joystick oder was? Ja, zwischen den Schenkeln. Da hast du eine Aussparung, wo du den Joystick hochführen kannst, um Mittelsteuerung zu machen. Den Stuhl haben wir damals bloß gekauft, wo ich vor ein paar Jahren dann teilweise von Starcitizen in die normalen Flugsimulator umgestiegen bin, also F-16 und was weiß ich. Und ja, für Starcitizen bräuchte ich halt seitlich rechts und links und da brauche ich die Aussparung in der Mitte. Na freilich, macht ja nichts. Erstens mal gibt es ein Modul, wo du das zumachen kannst und zweitens mal stört es noch nicht. Der Epic meint gerade, ich würde so ein 24 ist das die Firma oder wie?
Ey, die haben wir auf der Arbeit, aber 5000 pro Stuhl. Okay, so viel will ich auch nicht für den Stuhl ausgeben. Schreibt dann das auf Twitch? Ja, der Epic hat es auf Twitch geschrieben. Ja, ich habe jetzt bloß das Ding laufen. Ja, also wie gesagt, da gibt es andere auch, aber die Produktion ist halt. Es ist eine deutsche Produktion, weil in Deutschland gefertigt, hat er doch ein bisschen am Preis, ist aber sehr gute Verarbeitung und das Teil ist einfach geil. Und sie haben erst vor ungefähr einem halben Jahr circa 3 Stühle mit dem Design für Starcitizen rausgebracht. Wie heißt die Marke nochmal? Monster Tech. Monster Tech. Ja. Die tun auch, da habe ich auch teilweise so Module und mein Gestell, das Grundgestell für mein Setup, wo ich dann hin und her stellen kann. Also was schon diese Alu-Profile. Ich würde es ja jetzt kurz aufmachen, aber der Stream startet in 4 Minuten. Ich will jetzt meinen Stream nicht durcheinander bringen hier. Du musst einfach mal runterschmeißen, weil die haben auch Sachen, ich weiß ja nicht, wie bei dir ist, wo du an Tisch solche Befestigungen machen kannst, wo dein ganzes Setup drauf ist, wo du mit Schnellverschlüssen und so. Ja, ich habe hier eher mit Tischen, Alter, der Computertisch, wo ich hatte, der ist noch aus, ich glaube, den habe ich schon gehabt, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Vor 20 Jahren. Alter, solange er funktioniert, passt. Ja, das ist halt so was in der Mitte frei und seitlich und so ein bisschen zum Rausziehen, also weißt du. Ja, keine Ahnung. Das ist so ein alter Computertischchen. Aber keine Ahnung. Und daneben habe ich halt einen normaler Tisch in der Höhe. Gerade über euer Setup oder was für Setup ihr haben wollt? Beides. Ich habe auch einen höhenverstellenden Tisch und nebendran noch einmal. Also links neben mir noch an. Na, ich habe hier mein Computertisch ist mehr so wie eine L-Form. Also ich kann meinen linken Arm kann ich auf die Tischplatte legen, das passt. Ja, prinzipiell ist das bei mir genauso. Nur, dass eben, ich habe mal das eine L-Stück, das länger rausgetauscht, weg und haben mir dann einen höhenverstellbaren Tisch noch gemacht. Ah ja gut, bei mir ist es eine Platte. Also ich kann da leider nicht viel austauschen. Eben, das ist was. Es geht gleich los. Gleich. Aber welches Setup ich gerne hätte, das wäre dieser bewegliche Stuhl, wo der sich hier also nicht überschlagen kann. Meinst du jetzt den von DOF? Weiß ich nicht, aber ja, da gibt es eine Firma. Wo du drinnen sitzt, wo du so links, rechts, wo so leichte Fliehkräfte simuliert werden. Das finde ich mega geil. Da gibt es einen von DOF, da kannst die eine Version mit nicht ganz so extrem professionell und nicht ganz so extrem gewichtsbelastend, ungefähr 3.000 Euro plus Versand und Steuer. Ja, also billig sind die Dinger nicht, aber ich finde die mega geil. Die sind aber in der Welt von diesen Stühlen, also von diesen beweglichen. Von welcher Marke redet ihr jetzt? DOF Creation oder so. Muss man nachschauen, wie es genau heißt. Kurzer Vorschlag nur für heute, weil es mir gestern ein bisschen genervt hat. Was haltet ihr von einem Vorschlag, wenn dann Pausen sind, uns intensiv mit den Dingen beschäftigen, die wir gerade gesehen haben? Weil das könnte die Leute, die zuhören, vielleicht auch am ehesten interessieren. Wenn sie eine Pause machen, klar. Also ich könnte mich halt leichter, ich meine, ich mache die Screenshots und das ist dann leichter, ein bisschen sich da zu erinnern. Aber es ist echt teilweise schwierig, da coole Details nicht zu vergessen, finde ich. Ja, aber auf der anderen Seite sind genug Leute, wo die coolen Details halt später helfen können. Und zweitens mal, es kann ja sein, dass man vor einem Thema, wo Citizencon bearbeitet hat, auch auf was anderes kommt. Das heißt, aber ich will ja gerne über die coolen Themen reden, die ja gesagt worden sind oder nicht zu tun. Ich will dich ja nicht davon überzeugen, dass etwas so ist, wie es ist, weil ich es gesagt habe, sondern weil die es gesagt haben. Also verstehst du mich? Ich diskutiere mit dir. Nee, das können wir gerne machen. Heute geht ja die ganze Präsentation nicht so lange, aber gestern, das waren halt 8 Stunden und dann kriegst du... Dann hast du deinen Kopf. Von Haus aus, ja klar. Ja. Aber wie gesagt, also über das Base Building auf jeden Fall will ich, egal was sie zeigen, will ich auf jeden Fall drüber reden. Ich würde wirklich gerne mit euch über diese Themen reden. Das würde mich mega interessieren, was ihr davon haltet. Wenn sie lang genug Pause machen, ja. Aber ein bisschen was von Pause... Alles können wir nicht machen, wirklich. Es geht sich gar nicht aus von der Zeit her. Moment, was für ein Thema hast du da gerade angesprochen gehabt? Das Base Building. Base Building, ja, okay. Es geht los. Please welcome to the stage, master of the self-performed introduction and Mama Huckabee's second favorite son,
Jared Huckabee! Jared Huckabee! Hello, Citizencon! It's day 2. We liked it so much the first time, we're going to do it again. Now, as the last guy during the pre-show said, day 1 was focused on the universe that we're creating. Day 2 is all about the destiny that you forge. Now, a little history lesson here. Back in 2015, the persistent universe was first launched. I think it was November or December or whatnot. Everybody remember Port Olisar? Everybody remember that one Big Benny's machine that somehow you could move it? And the Big Benny's challenge of spending hours and hours of just doing this? Trying to get that thing upstairs, downstairs, back into the hab. Shout out to Bad News Baron if you're watching. No, those were the days. Now, since that time, the persistent universe has grown. It's expanded. 3.0 arrived, and it had a whole bunch of new planets and moons and stuff like this. We've got Microtech, we've got Hurston, we've got Area 18, and what's the last one? We got Lorville. If you live with the developers, they still call them Stanton 1, Stanton 2, Stanton 3, so it's hard getting the two realities to reconcile in your head. But since this time, you've all been visitors. You've logged in, and you've done your thing, you've gone on adventures, you've fought some xeno threat, you've mined some barrel, apparently, a whole lot of barrel, if we're looking at that trivia from yesterday. But this entire time, you've been visitors. Starting next year, you stake a claim in the persistent universe. Starting next year, the persistent universe truly becomes yours. Hey, Matthias, and we have got a handful of gentlemen to tell you how they're going to do it, how you're going to do it, and how amazing it's all going to be. So please welcome to the stage Design Director for Star Citizen and Squadron 42, one of my dear friends, one of my DMs. Hey, when are we playing again? That's not a good look. All right, please welcome to the stage Design Director Rick Porter. Rick Porter. Thank you. Porter. Thank you, Jared. And thank you, Citizencon. It is an honor to be here. Yesterday, we presented the verse that we're creating for you. We shared new tech, locations, creatures, giant worm, social features, things we're doing with orgs. We even played the first chapter of Squadron 42 live. How great was that? Yeah? Few minor glitches, but nothing we can't sort out. So today, we got something just as exciting to talk about. But instead of focusing on what we're creating for you, we want to show you the world that you can build. With crafting, we're going to give you the tools to create your own loot, to build your own home. Crafting will fundamentally change not only how you play the game, but why you play the game. So, what is crafting? Why does it matter? Why should you be as excited as I am about this? Well, first off, crafting is a profession. It requires its own set of tools, the knowledge of how to use them. Crafting offers progression. You become a better crafter by learning new blueprints and upgrading them. Crafting builds on the existing gathering professions. When you go out and you collect your materials for crafting, we are adding new depth and meaning to those activities. Crafting provides customization. There isn't just one way to craft something. Like I said, we have upgrades. How you make and upgrade the things you craft is sometimes just as important as what you're crafting. In addition, you can earn cosmetic upgrades, craft unique items, even subscriber flair. But nowhere is this versatility more obvious than base building. We're going to have nearly limitless options for how you construct your home,
how to customize your base to meet your own goals. Most importantly, crafting gives you a lot of new choices. The choices will impact your goals in the game, your interactions with other players, and eventually how you see the game itself. So where do we get started with crafting? Well, you can't craft without materials. Luckily, we've got a lot of ways to gather resources in the game. And crafting is designed to complement and expand on all of these existing gathering professions, as well as future additions. Let's take a closer look at mining as an example. We've got hand mining and vehicle mining and ship mining. That's a lot of mining. But with crafting, we're going to introduce a lot of materials. So there's not just more to mine, but we're also going to specialize. So for instance, each type of mining will have its own unique materials to gather. Gathering specific materials efficiently will require you to use the right gathering profession. Let's talk about refining. Currently, only mining resources can be refined, but doing so allows you to turn them into more valuable processed resources. With crafting, we're going to expand refining to include options for all raw materials. In addition to expanding the variety of materials you can gather, refining lets you create process materials that you're going to need to craft your upgraded blueprints. So now that you've gathered all these materials, what do you do with them? Currently, your only options in the game really are to sell them to a shop or maybe complete a contract. Adding crafting into the game radically changes your options. You can still mine, refine, and sell your resources, but now you have the option to make valuable and unique items, weapons, armor, even vehicles and ships. Right? And by valuable, I mean that the crafted gear that you create has the potential to be better than anything you can buy in a shop. But crafting just doesn't end with shiny new gear. Think much bigger. Crafting enables you to build your own home among the stars. Choose to make a farm, a hunting lodge, an industrial complex, your own trading hub, a military outpost, even a sprawling town with your friends and org mates. Got a lot here, but it's all optional. You can choose to focus on gathering resources and sell them to crafters that need them. You can skip gathering and refining and just focus on being the best crafter you can be. Or you can leave all that gathering and crafting nonsense to other people and just focus on trade and make some money. But that brings me to my last point. Player choice matters. When a player makes a choice, they assign value. Players' choices about crafting and base building will drive player trade. The community's choices will determine the value of the materials and the crafted goods you can all make. The game will still have its own shops and economy alongside players, but now you'll have more options about where you invest and how you prosper. Now, I've given you a nice overview of what we're working on here, and we have a lot more planned for the future. But now that you're familiar with the big picture, I want to introduce some of my fellow developers to come up on stage. They've got exciting details to share with you about the specifics of our new crafting systems, important gameplay improvements, and most exciting, I think anyway, an update to base building. To start things off, please welcome Jacob Taylor to the stage. Thank you, Rick. And hello, Citizencon. Hi, I'm Jacob, Senior Gameplay Programmer on crafting. Rick has showed us how crafting will link into a lot of existing and new gameplay, but I think it's time we get into some of the details. I'm going to tell you about the new game mechanics we're introducing, starting with blueprints.
Before you can craft anything, you'll need a blueprint. Blueprints provide the recipe to perform all kinds of crafting processes, including refining. You can acquire blueprints through various activities. Some you can buy, some you can find, and some can be unlocked or earned in other ways. You can also upgrade your blueprints through research. We'll go into more detail about what this means a bit later. So, blueprints are the recipe, and Rick already told us the materials you gather and refine will be the ingredients. But there's a bit more to it than that. We have a new concept for materials: material quality. Quality is a property we're adding to all resources you can gather. That's an abstract measurement of how good it is at being whatever it is. You can think of this as the purity of a metal, or the ripeness of a fruit, or something along those lines. This quality will be carried forward from raw resources through the refining process to influence what that batch of materials is best used for in crafting. High quality is more desirable overall, but is more rare, and there are still important uses for low-quality materials. More on that later. All raw materials you find in the verse will have a quality rating that's generated based on some rules, the same kind of rules you heard about from the Planet Tech team yesterday. You'll find the same material in many places, but with varying qualities, so you might want to explore to find the best. Some materials that are already rare will be even more valuable if you can find them with high quality. But what's quality for? It's for item stats. Alongside quality, we're introducing a new item stats system to the game. This will allow relevant properties of craftable items to be affected by the quality of materials used to craft them. For resources, just a single quality rating is sufficient to provide variation, but craftable items have such diverse purposes that we need a more detailed system to provide both progression and customization options. We aim to have meaningful item stats for all craftable items, but some examples would be the damage and fire rate of a gun, the wear resistance of a ship component, or even the satiation provided by eating a hot dog. So, as I said, the quality of materials will directly affect the item stats, such that higher quality results in better stats. Most items require multiple different materials to make, which may each influence different stats. And in many cases, you'll have a choice of materials to use, which lets you decide which stats to focus on to tailor your items to your playstyle. Here we see I'm making a gun with high-quality aluminium, giving me a nice bonus to integrity and weight. But someone sold me low-quality copper, so I don't get as much fire rate bonus as I could have. To go even further, researching your fabrication blueprints allows you to build higher tiers of an item with improved base stats. So a higher tier item will be better than a lower tier item that was made with materials of the same quality. Making high-tier items requires more advanced materials, but is also how you access greater choice as to which stats to improve. This means that your high-tier items can not only be better overall, but also more specialized in the areas that are important to you. Most items will have tiers 1 to 3, with tier 1 being the most basic version of the item, and tier 3 being a highly advanced version made with appropriately impressive materials. But you can also craft vehicles. And vehicles are so important that they will go up to tier 5, providing a way for you to really invest in making your favorite vehicles excel. Of course, many of you have already bought your favorite vehicles.
So you don't really need to make them from scratch, right? Or maybe you've pirated, salvaged, or otherwise commandeered a vehicle. Not to worry, you can still benefit from crafting by using an upgrade blueprint to increase the tier of an existing vehicle, including the usual stat improvements and customization. Upgrading a vehicle can save a lot of time over crafting it from scratch, so it's a convenient way for established vehicle owners to bring the benefits of item stats to their fleet. Let's take a look in-game at the difference it makes to have high-tier equipment made from high-quality materials. See how the recoil is reduced on our high-tier gun. The spooling is faster on a high-tier quantum drive. And a high-tier scraper beam is much more effective. So, that's an overview of crafting's key game mechanics. I'll now hand over to Torsten to walk you through the full crafting process. Thank you, and have a good day. Thank you, Jacob. Hi, I'm Torsten, lead system designer of the CGP system design team. We now saw all elements of crafting looked at individually. Let's bring them in order how you, as the player, will experience the crafting profession. You will start with acquiring the correct blueprints as the first step in the crafting process. As Jacob already mentioned, blueprints can be acquired in multiple ways. Let me give you some examples here. You can purchase commonly available blueprints, earn them from reputation and mission rewards, or even find them in loot crates. All content in our game could reward you with a blueprint. Some blueprints will be challenging to find, so players working together may find them easier to acquire. While you may find a blueprint on a datapad or other portable device, the blueprint itself is not a physical item. You don't collect them in a box or stack them on a bookshelf. Blueprints are digital. Once you claim one, it is permanently added to your personal library. This library is persistent to your character, and every blueprint you claim is yours forever. They cannot be stolen or traded once claimed. But it does not just end with acquiring blueprints. Those tiers of quality that Jacob mentioned are unlocked through blueprint research. Research requires a research data bank which can upgrade your blueprints. Upgrading here means that you unlock a blueprint that allows you to create a better, higher tier version of the same item using more advanced materials. Note, you will still have access to the lower tier versions if you want to craft the cheaper version. In order to upgrade a blueprint, you may need to perform certain actions. In this example, we need to craft 100-volt pistols and have one with a higher fire rate. Other examples would be collect resources, complete missions, or acquire research data from the Science Guild. Research is time-intensive, in addition to the action requirements. It will take time for the research data bank to process your research data and unlock the upgrade. You are also limited in how many research projects you can pursue at once. Now that you have your blueprint and you decided what to craft, you also know what resources to look for. Every blueprint you find will have unique requirements in their resource needs. It will not just be you need iron.
We want to make use of the professions we have to meaningfully involve them in the crafting process. Especially for the more advanced blueprints, you can expect that it will require materials from multiple sources. And, as already mentioned by Jacob, pay attention to the quality. If you want to have the perfect item, you also need the best quality. Here, the best way to find the best resources is to get out and explore the world. If you want to find the best hidden materials, then you get yourself a top quality radar. Once you collected the raw materials, the next step is refining them. Refining, like crafting, requires blueprints. Refining blueprints take primary, secondary, and catalyst materials and produce refined materials. The rule is very simple. The quality of the primary raw material defines the quality of the refined material. The secondary material you put in has an impact on the quantity and the time the refining process will take. An optional catalyst can speed up the process further. Let me give you a simple example. If you want high-quality steel, you need to put in the best iron you have in the primary slot. You can put any quality coal in the secondary slot without affecting the quality of the steel. But the quality of the coal will influence how much of it you need to produce steel. As an example, if you put in low-quality coal, you might require 4 SCU of coal versus high-quality coal that only requires 2 SCU. This is one of the important use cases for low-quality materials that Jacob mentioned. You can use refining stations in the world as they will be converted to this new process. You can build your own refineries for yourself, you can get your org to help you out, or you can simply trade for the materials that you need on the open market. Now, we are reaching the final step. You got the blueprints, you gathered resources, and refined materials. Now you can create the item you want. And this item can be anything. You will be able to craft anything from FPS equipment to vehicle components, even entire vehicles and buildings. You just need access to the relevant crafting machine. Talking about crafting machines. We will have a variety for you that differ in what process they can support, like a refinery or a dedicated vehicle crafting machine. We will also find them in various places. There will be communal ones like the station refineries you already know, player-owned that can be in your personal hangar, a vehicle, or your base. As all that we have talked about just now, these crafting machines also come in tiers. Here, the tiers will affect how well those machines do their job. You will not only progress in the products you produce, but also in the infrastructure to produce your wares. Just to give you an idea what you will encounter, here are some examples of the crafting machines. There is the nutrition fabricator, the chemical fabricator, an item fabricator, and even fabricators of a much larger scale we will talk about later. Talking about scale, I would like to talk about the future of crafting and the scale it will have in the game that you all know, and how it will change the game moving forward. As you all know, we have a lot of items in the game, and they all require their own unique blueprints. That means our aim is to have more than 1,000 blueprints that include the creation and the refining blueprints. And each of those can be researched to unlock tier upgrades up to tier 3 or tier 5. That's a lot of blueprints. And it will surely take a lot of time to unlock everything. So I, personally, recommend that you, as the crafter you are, focus on a specific field first and extend your knowledge from there. Collaborate and coordinate with your friends and fellow players. If you're part of a group, we invite you to share responsibilities with your org mates. Maybe you will be the FPS crafter while your friend
is a ship crafter, but they know a ship component crafter specialist. There's a lot of content, and it will continue to grow over time. You are free to be a generalist crafter, a specialist, or something in between. Pick the blueprints you care about and be the best. Have an exotic shield generator that no one else has the blueprint for but you. Help others and earn credits while doing so. It is a real profession in the game that will benefit from your dedication and attention. As you can tell, crafting will have a huge impact on everything in the game. Even if you do not want to get actively involved, at some point you will stumble over a weapon that got crafted by someone else and you will be using it. People will start selling their crafting goods or the refined materials or even the raw materials for the sole purpose of fulfilling the demand created by crafting. Players like you can become well-known specialists that are sought out to get certain things crafted from. With the ever-expanding game we all love, we will continuously expand our crafting to offer you long-term progression that involves the entirety of our game. And you might have guessed it already, but there's one more thing that crafting is the foundation of, and that is base building. I will now hand over to Luke. Enjoy the second part of this presentation. Thank you very much. Well done. Good morning, citizens. Who's excited to start talking about this next topic? Let's get into it. My name is Luc Gijsbertse. I'm the lead environment artist on base building structures. Now that we have an understanding of the fundamentals of crafting, thanks to Jacob and Thorsten, we can explore how crafting is the foundation of base building. Up until now, everything in the game we made for you. From here on, we will give you the tools to build your own stories, your own homes, and truly make the universe yours. Join me on a journey on building our own habitable home on Pyro. Keep in mind that the following footage is work in progress, including its UI, design, and visuals. And we're super excited to share this with you. We found a beautiful location by a lake. This is where we'll build ourselves a home. To do so, we need some resources and the construction graph card. The construction graph card allows us to survey the land, claim the land in a lawful system, and it allows us to build structures. As we've already found the location and don't need to claim land in lawless Pyro, we can straight dive into building our base. Keep in mind, the following UI is work in progress. A survey drone that deploys from the top of the card gives us a controllable augmented view of the land. In the new structure mode, we'll pick a small basic structure and hit construct. For this demo, the construction will be instantaneous, but in the final product, this will take you quite some time. We've done it. We've built our first structure. Let's have a look on the inside. As we walk into the small basic structure, we see an empty interior that is dimly lit. It's up to us to define what we will use this space for. In our case, we will want to make it into a home.
we can see that the lights are still off, and that is a problem, because no lights means no atmosphere, no breathable atmosphere. So it's not ideal to live in. So how do we solve this issue? We can improve this by providing the building with power. Let's see if we can build something that helps us out. But before we dive into more building, let's take a quick moment to enjoy the freedom that the survey drone provides us with and admire the aesthetics of our first structure. And I wonder what Declan was up doing there. Keep in mind that base building is still work in progress, but what you're seeing right now has been recorded directly in the client and works seamlessly between first person and the building mode. Okay, enough. Back to base building. In the list of new structures, we see a small fuel generator. That is something that could solve our problem, I think. Power providing structures need to be hooked up to other buildings inside construction ER mode, but we'll explain this later. The fuel generator is one of several structures that provides power, each with their own benefit and drawbacks. Fuel power is quick and easy to build, but it requires a constant supply of fuel besides its regular maintenance. If a structure is not maintained, it will halt its activity. Players will need to maintain fuses to keep the building operational. The better crafted fuse, the longer it lasts. This is where the fuse goes on this building. Next up, we have a terminal that gives us access to the status of our building. And, more importantly, we get to activate it here. That should do it. Let's see if we got power in the building now. As you notice, some of the crates in the background have disappeared, as their content has been consumed during the construction process of the buildings. And it looks like Declan is now hooking up the power to the building. I wonder what he was up to earlier, though. Wow. Declan has been busy decorating the place. As we can see, the lights are now properly working. We got atmosphere, and we can start to use the item fabricator now that there is power. Always handy in case we need a fuse. Let's have a quick look at what we've done so far. We've decorated the place. We made it our own little home. We hooked it up with power. I would say we have a place that we can live in. It might not be much, but I think it's just enough to call it a home. Thank you. Now that we have a rough understanding of how base building works, let's dive into some of the specifics of what we just saw. The construction graph card is one of 4 devices used for base building. The graph card is a mobile device that lets you construct a variety of small structures and has been designed specifically to fit into the smallest ships, like the Drake cutter. The graph card allows us to survey the land, to find a good location, to claim the land with credits when we're in a lawful system like Stanton, and, most importantly, it lets us build structures. To use the graph card, we will first need to deploy it. Once deployed, we see 2 small construction zones inside the card, and the interactive screen gets revealed to us. From here, we can deploy the survey drone from the extended top part of the card. This survey drone gives us a bird's-eye view of the surrounding area using augmented reality mode, ER mode for short. Let's have a look at some UI concepts of how this augmented reality mode will look like. Here's a concept of construction ER. From here, we get a more detailed view of the land. Where can and can't I settle? For example, inside a nature reserve, construction will be prohibited. Are nearby areas flat enough to place my structures on?
Are there any underground extraction deposits nearby? And if so, what are their quality and quantity? Let's say we found a good place to start building our base. Then next up, we need to find a good place for our first structure. On the left-hand side, we can see that we're now in structure creation mode. Underneath that, there is a list of structures that we can build. Once you have chosen a structure, you'll drag it onto the terrain that will be shown then as a physicalized hologram. From here, you can move and rotate to find the perfect position for your structure. Now that we have chosen a position for our structure, we will need to supply it with crafting materials. Just like the crafting interface that we saw earlier, this is where you choose the materials, and the better materials you choose will result in a better structure. Once you're ready, we'll hit the craft button on the right bottom to send the construction drones printing to the buildings. The automated construction drones will take off from the construction graph card and fly to nearby resources to fill their internal storage and then fly over to the construction site to print the building until their internal storage has been depleted. The construction drone then repeats the loop by filling its internal storage again by nearby resources. Printing buildings will take some time. Keep the construction supplied so that you don't delay the process any further. Let's say our building did just finish printing, then what? Then we need power. We need to power the building. All structures will have an unpowered and a powered state that we can manage inside the resource manager. To provide structures with power, we can easily link generators to structures that need power in the resource management menu within Construction ER. We can also link multiple buildings together. And we can assess the power consumption and shortage of, inside this resource management screen. Keep in mind that operational structures, like power generators, require maintenance of their fuses and sometimes need supplies coming in and going out to be managed. Now that we have a structure and power, what can we do next? Then we can actually upgrade our structure. Structures can be upgraded from tier 1 till tier 3. The better material you provide, the better the improvement will be. Just like Jacob and Thorsten explained in the crafting presentation. Tier upgrades can, for example, improve the structural integrity of the building or make its resource consumption more efficient. To really make your base feel like home, you will want to decorate your base with a wide variety of furniture pieces that can be bought, crafted, and found in the universe. It's up to you to define what you want this space to be. Do you want to decorate it as a hospital? Do you want to make it into a workshop? Do you want to make it into a luxurious bedroom? It's up to you. Furniture can easily be placed and moved using decorative ER mode as an hologram. This is so your furniture can easily fit through doors. This feature is accessible through nearby construction devices, allowing you to place down furniture pieces or even crafting machines that otherwise wouldn't fit through the door. And you get to place them directly from your local inventory. The less trusted among you, or anyone settling in Pyro for that matter, may want to mag-lock their furniture into place so that only you and your friends get to rearrange your decorations. And best of all, decorative ER is not exclusive to base building and can also be used for personal hangars and ships. To recap, what are the essentials for any base? 1. Come prepared, bring the right resources and a construction device with you. 2. Use the resource manager, power generators to make your base habitable and functional. And maintain your base with resources and by replacing out worn fuses. And 3. Personalize your base
personal hangar and ship with decorative ER. And there we have it, our home in Paro. Now that we have an understanding of the basics of base building, we'll explore how you can go and make more than just a home. But before I hand you over to Declan, the designer behind base building, I'd like to say a quick thank you for those who made this presentation possible. So a quick thank you to Eddie, Brandon, Jack, Dan, Mark, Xiao, Stefan C, Dom, Stefan T, Carl, Joel, and Rob for your efforts and dedication. Yeah. Now give me a warm welcome for Declan. Nice one, cheers. All right, thank you, Luke. Good morning, everyone. Morning. My name is Dec. I am the system designer behind crafting and base building, and we've just seen a nice little base, right? That's good for cabin in the woods. Maybe you want to place it down next to big redwoods, go and explore, or a place to stash some loot you perhaps shouldn't have. But do you want to see a big base? Yeah. Good, because we're going to industrialize. So we're going to set ourselves a goal before we do a video, and we're going to create a base that's capable of crafting something that's bigger than the item fabricator can handle. There's been a bit of a spoiler already as to what it's going to be. So to kick us off, called in the help of a friend who has a specialized, not yet revealed base building vehicle, and he's built us this. It is the construction hub. This has 4 automated drones compared to the GravCarts 2. They can build small, medium, and large buildings. So far, we've only seen small. Automated drones are capable of building 1 structure each simultaneously, so 4 is quite a big advantage. We'll pop into our construction AR and we'll get down a generator, we'll connect some buildings together just so we have a place to call home before we begin. All right, there we go. So we've settled on one of the brand new underground resource deposits and we're about to exploit it using this. It is our extractors. This particular one is a large, solid extractor. We'll also have liquid and gas, depending on which type of deposit that you've settled on. We have our output grid here, where we're getting all the brand new resources up out of the ground. And it is important to note that once these things are set up, it's not a case of just free resources forever. On key structures like this, there are fuses which will occasionally need replaced, as well as environmental wear which can be fixed using crafting materials. Now we want to turn those raw resources into the more valuable refined materials we saw the process talked about earlier with Thorsten. Of course we want this, it is our refinery. Once again there are multiple types here. This one is the large solid matter refinery. We have liquid and gas again, as well as biological, depending on the type of materials that you're using and want to produce. Refinery has input and output grids. For input, as you might expect, it's for the resources which you're going to consume, and then the output is for the resulting refined goods. This is a terminal where you'd select which blueprint you want to use, and therefore which type of refining method you want. A lot of crates here with our extractor and our refinery, so we're going to put down our elevator storage.
Base is really starting to build up now, but it's worth me mentioning again here that whilst we're putting these buildings down instantly in this video, large structures like this, they will take some time with the automated construction drones, but the smaller scale base we saw in the previous video, that can be done in a single play session. We'll just keep on putting down more extractors because we want as much as that valuable resource out the ground as quick as possible. And with base building, we're introducing the concept of a freight elevator network. What this will allow you to do is it will allow you to link multiple freight elevators together, and in turn, they will share the same storage. So as we're doing here, we'll deposit an item on freight elevator A, and then we're retrieving it on freight elevator B. There is a distance limit, but you can daisy chain the elevators together to extend that. And it has to all be contained within the same base. Now, as we expand, we might want to invite more people to join us. This is easy to do. There will be permissions that we can set up, granting people access to our base, and they can even build their own structures if they wish. We can also give them access to existing structures, which is how you can form your org storage using those freight elevators. Now, we always want a safe place to store our ships, so the trusty hangar will do. See, it has this large, we call it a foundation tile. It's quite special in that it can actually deform the terrain around it, making it easy to place such a huge structure like this. You can also place other buildings on it, so it's easy for making large, sprawling bases. However, there is one final piece of the puzzle that we need to achieve our goal, and it is this, our very own fabrication hangar. Does anyone want to guess what we're going to build in a fabrication hangar? An Idris, maybe not an Idris, if I'm honest. We'll have a drive around, we'll go to the entrance and we'll see what's in store for us. Looks like whatever it is, it's just about finished crafting. Of course, we were going to build ourselves a ship. So, quick recaps of the gains from industrializing. We've tapped into the brand new resources and we've made use of them by turning into the more valuable refined materials. We've introduced freight elevator networks, which are great for logistics and hauling. And then we've created our fabrication hangar, which allows us to craft big valuable items such as ships. Now, ships are valuable because you can fly them, you can play content with them, but because they are a crafted item, they can also be sold to other players. So, with base building, you're going to be able to set up your own shops, and there's two main ways you can do this. The first is using a dedicated trading terminal. You can link these to your freight elevators, and in turn, any items within can be listed for sale at a price you deem reasonable. This includes resources, refined materials, and so on. Using the terminal, visiting players can browse what's on offer, purchase, and then collect from that same freight elevator. The
The second method is to set up a physical shop in the world. By using the decorator AR we saw earlier with Luke, you can maglock items and then list them for sale. Once again, browsing players, they can see the price of the maglocked item, purchase it, which then removes the maglock. Of course, the nice thing with physical shops is you can genuinely make it feel like a store. You can put items on shelving. You can even go as far as to make your own ship showroom. You can advertise your wares on a mobile pass for UEC. However, it is important to note that the point of purchase will always occur at the base itself. Now that we know how to set up shop, I just want to take a moment to talk about why it's so impactful for crafting and base building the game as a whole. Understandably, throughout this presentation, we've been telling you why you want to craft all these things or why you want to build this big base. But maybe you don't have the time to build a big base and maintain it. Maybe you want to spend your time doing the missions, you want to do your beacons, that's how you want to make your credits instead. Shops mean that you can benefit from the players who do want to spend the time making those bases or crafting those specialist items, and then you can purchase them from them, which is very important because crafted items using high quality materials will be the most powerful in the game. On the flip side, if you do specialize, maybe you end up cornering the markets for a particular item or resource, and your shop will then turn into a hotspot of activity, making you loads of credits. Some of you will become infamous because of it. But bear in mind, a successful shop also depends on location. Do you want your customers on edge in Pyro, which tends to have the higher quality materials? Or do you want to spend time hauling them all the way over to safer systems where your customers can be more at peace? We've talked about selling items. Let's sell the look of your base. We have foundation tiles, which can help you divide up the foundation decals, which help you divide up the foundation tile. You can place them freely wherever you want, and they just help you mark up areas like, I want to use this place for cargo, I want this for housing, vehicles, and so on. You'll be able to earn paint in-game and apply them to buildings. As well as add your own custom text. So if you're part of an org, the blue buildings that have your name are definitely yours. We have some forms of base building which are either still in the design phase or early white box, but we want to share some details. First up, we have farming and ranching. Farming, it comes in two general types. We have our low-tech farming and then high-tech. Low-tech consists of you acquiring the seeds, planting them in the appropriate environment. If you remember back to yesterday, the Brave New Worlds, we had soil types and such now. That'll play a part. As well as supplying them with nutrients and then just harvesting them when they're grown. High-tech, it's a bit more involved because you've got to make the hydroponic buildings we see here, but in return, you'll be able to grow exclusive strains of plants. Ranching will allow you to keep herds of animals. You'll have to provide them with feed, water, and shelter, but in return, they will provide you with produce. Not every animal can be ranched. I don't really see a sandworm ranch anytime soon, but the quasi-grazer will, of course, will. Not yet. Maybe. No. We have a few more additional archetypes. We have landing pads, garages, roads, fencing, as well as new variants of structures which we've seen today. For instance, the power generator, there'll be solar power, fusion, geothermal, as well as the XL structure class. If you remember, everything we've seen today, the biggest we've seen today, rather, is large. XL is larger than large. And then you have your defense. So, in lawful areas, you have varying levels of security provided for you. With max security, you are protected by planetary shield tech. However, in lawless, Pyro and the likes, you'll have to provide your own defenses. These come in the form of perimeter walls, shielding, which prevents aerial bombardments, and then a range of automated turrets, such as PDT to shoot down missiles, anti-air, anti-vehicle, and anti-personnel. To round up, whilst we spent this entire time talking about how you can expand a single base, you can, of course, have multiple. These can be across a single planet, moons, across multiple systems. There are advantages and disadvantages of locations and base types.
For example, in lawful areas, you'll need to buy your land for UEC, pay a tax to be able to build, and then you'll gain protection in return. In lawless, no cost, higher chance of better quality materials, but no security to fall back on. A small cabin in the woods can be great to set up in a single play session with short build times. However, the large base we just saw will take days, weeks, or even months, depending on how big you want to go. You might want to embark on this endeavor as a team or an org. You can set up a base as an org and own it as the org. For this, there will be permissions available, and you can assign roles and tasks. Ultimately, base building can be your main gameplay loop or a supplementary one, depending on what it is that you value. On that final note, I would like to say thank you on behalf of the crafting and base building teams. We've been very excited to share with you some of the work so far and the vision we have for these systems. But before we go, we have one final video. Thank you. I'd just like to say thank you especially to Kian and Zheng Shui. They worked very hard on this, and you might see that base again later today, so stick around. Thank you. Hello, Citizencon. I'm Kirsten, your core tech producer, and I'm here off the back of that amazing presentation with Thorsten. How are you feeling, Thorsten? Much better now. That was an incredible view to what players can expect next from crafting and base building. Do you want to tell us a bit more about the crafting system and what players can expect to come next? So I think we talked a lot about that already in the presentation, but it's a really dramatic change, or an exciting change, I would say, to the game, because we give the resources a meaning apart from just a monetary value. Now, even with the quality system that we now implement, there will be also a meaning to scout for like the perfect material. And of course, you need a bigger variety of the materials to be able to craft the items you need. And especially now with the tiered system that we will introduce, we also give a meaning for you as the crafter or the player you are to invest the time to be the best or the specialist. Because something that is very important to us is that we treat it as a real profession, and we have it as in parallel to all the other professions that we already have. So it's not just about making the universe more dense, it's also about making it more interactive and making everything in it more valuable. And more meaningful, yeah. So something that is also important for us is that everything that we do for this new feature is that we meaningfully integrate it into the game, so it all makes sense, right? So also with like the recent changes we did to the itemization in 324.2, we also, like, this is the starting point of all the changes we will be doing for all items, and that the reason why we did those changes were just because of crafting. So what impact will the crafting system have on orgs? Well, as also mentioned in the presentation, like
we want to see orcs building an empire of crafting or of manufacturing items and being like the get-to point for players to like go to their base and buy in their particular shops the items that they heard that they have the best, for example, FPS weapon for. And I'm guessing that'll tie in quite well to the biomes we saw yesterday as part of the core engine presentation, right? The biomes will also heavily affect what we do for crafting because it also will give us a good opportunity to spread around resources in more interesting places, like the giant forests you saw, right? For example, if you have a prospector as a miner, it might not be efficient, or you might not even be able at all to go down into the trees to mine anything that is below it. So you need to grab your ROC or your FPS mining gear to actually grab the resources that you can only find in those particular areas. So yeah, we will benefit a lot from this. Super excited. Well, on that note, how has this Citizencon compared to previous years? You were at LA last year. How is it to be back here in Manchester? It looks a bit smaller, but I got told it's actually bigger. So yeah, so I really like the location, like the theme it has. I like the community area with the cargo crates. So I think it's really nice. Yeah. Is there any specific highlights so far for your Citizencon today and yesterday? So it's a very subjective take on it, but I really liked our presentation about the orcs and the social stuff because I'm part of an orc myself. So I really looking forward to better tools to organize our trainings, our works, our events. Do you want to give a little shout out to your org whilst you're here on camera? Yeah, so shout outs to Aras. Nice one. All right, well, on that note, we're going to throw to Dan. So, jetzt will ich ein bisschen was dazu sagen. Ihr habt meine Begeisterung nicht so ganz gespürt hier beim Ding. Also ein paar Sachen sind schon cool, dass man so ein Empire aufbauen kann, finde ich schon irgendwie geil. Hi Tulukon. Mich hat beim Basebuilding jetzt irgendwie gestört. Mir haben die Pipes gefehlt, man hat zwar vorher mal die Leitung gesehen, aber nicht wirklich, dass man sie beachten muss oder legen muss zwischen den Stationen. Die Stationen bauen sich wohl mit Drohnen auf, so wie ich es verstanden habe. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass man ein bisschen mit Maschinen ran, klar, dass es mit so Art Drucktechnik funktioniert. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass man ein bisschen mit Gerätschaften ran muss. Vielleicht sehen wir das nachher, wenn es um die Schiffe geht dazu. Vielleicht sagen sie da nochmal was, aber... Das wollte ich gerade sagen, weil mein erster Gedanke ist, wo sie das... Ich meine mal, ich finde das... Also das ist so ungefähr wie bei Survival Games, dass du halt eine Blueprint hinsetzt und dann die Materialien ran schaffst. So ähnlich scheint das hier auch zu funktionieren. Aber ich finde halt für den Basisbau diese RTS-Sicht, also hier für Echtzeitstrategiespiele, die Sicht so leicht schräg oben drauf und mal so die Basis baut, finde ich gut. Finde ich besser als bei den normalen Survival-Games halt, wo du halt nur die Kisten dann mit Materialien dahin schaffst und dann verschwinden die aus deiner Hand und sind im Gebäude. Das finde ich schon besser. Und was ich aber mich groß gefragt habe, ich bin mir ziemlich sicher, berichtigt mich, wenn ich falsch liege, es gab mal speziell ein Schiff für Basenbau. Ja, das kommt ja wahrscheinlich nachher. Noch. Gibt's ja noch. Es gibt nur eins, es gibt zwei schon mittlerweile. Also die erste, was sie verkauft haben, überhaupt über die Pioneer von Consolidated Outland. Das ist schon lang her. Und das zweite ist am Modul für das RSI. Wie heißt die nochmal? Oh Mann. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist, werden die Schiffe dann nicht obsolet, wenn du jetzt nur den kleinen Kasten brauchst für Basisbau? Den kleinen Kasten, mit dem kannst du nur kleine Sachen bauen. Du brauchst dann immer, also je größer du werden willst, brauchst du immer größere Sachen. Ach so, der mit Fahrstuhlturm, wo man dann baut, wird wahrscheinlich dann für die Pioneer sein, dass die den nur hinsetzen kann. Ja, das hat er gesagt, das hat ihm ein Freund hingesetzt mit einem großen Schiff.
Das hat er kurz erwähnt. Das habe ich überhört. Das habe ich auch überhört. Habe ich jetzt auch Dieses nicht kleine so ganz- Gerät ist halt wirklich nur dafür gedacht, dass du eine kleine Minibasis baust mit den grundlegendsten Funktionen, vielleicht ein bisschen mehr. Okay. Okay, jetzt macht das Sinn, ja. Obwohl, irgendwie war der oben in dem Turm, hat das damit gebaut. Aber mich stört halt irgendwie, der hat irgendwas mit Drohnen gesagt, dass es da hinsetzt. Also deswegen... Ja, die Drohnen sind noch nicht in-game. Ich glaube, das, was er gezeigt hat, das ist alles schon in-game. Die haben das schon, aber was ihnen noch fehlt, ist eben die Drohnen, die das aufbauen. Deswegen hast du diese Aufbaumechanik oder das halt diese Verzögerung, die siehst du noch nicht. Deswegen ist es derzeit mal instant. Ah ja, die Galaxy war das zweite Schiff. Wo es bloß irgendwie, wenn das halt nur mit Drohnen, also bei kleinen Stationen verstehe ich Drohnen noch, aber dass man mit irgendeiner Gerätschaft hingehen muss, wie im Raumschiff oder so, das hast du jetzt vor, zwar vielleicht mit dem großen Schiff, aber das ist jetzt nicht Das so haben sie noch nicht gezeigt, vielleicht kommt da noch was. Ja. Wenn Aber sie nicht viel zeigen. mich hat jetzt am meisten gestört, dass man die Pipes nicht bedenken muss. Also die muss man nur bedenken, dass man sich zu weit wegstellen kann. Das hat er gesagt. Ja, wart mal ab. Vielleicht das ist ja noch alles im Anfangsstadium. Also da fehlt noch einiges. Wer weiß, wie lange die brauchen, bis das Ingame ist. Ja, ich denke auch, gerade was Pipes betrifft, also Verbindungen zwischen den verschiedenen Formationen von den Gebäuden oder so, genau. Dass es jetzt natürlich noch irgendwie so ad hoc machen, dass die Dinger so verbunden sind, ist doch nachvollziehbar, weil sie die Mechanik unter Umständen noch nicht haben. Vielleicht auch nicht genau wissen, wie sie es machen, ob sie es vielleicht drauf aufhängen, dass bestimmte Nähe zu verschiedenen Modulen vorhanden sein muss, dass das automatisch gegraben wird von den Drohnen, wo dann den visuellen Arbeit zeigen. Weißt, das kann ja auch sein, dass jetzt nebendran einfach Gebäude hinstellst und dann die Drohnen gleichzeitig die Erde zum nächsten Gebäude aufgraben, um eine Verbindung zu schaffen. Ich wollte es gerade sagen, wer sich noch ans erste SimCity erinnert, wenn das alles unterirdisch ist, dann habe ich auch kein Problem damit. Ich muss das nicht mal unbedingt sehen, wie es hingebaut wird, aber halt eine physische Ankopplung und nicht hier magischer Strom, das wäre mir halt ehrlich gesagt wichtig. Die können es erklären, dass jetzt dann das Ganze unterirdisch verbunden ist. Man muss ja auch Sachen nicht zu komplex machen, weil du kannst sie in so einer Komplexität auch extrem verlieren. Und bei SimCity hast du gesehen, dadurch, dass du eine Komplexität im Spiel gehabt hast, aber nicht aufs Klein-Klein, also bis zum Stromnetz, Kanalisation und so weiter runterbrechen musst, hast du auch einen guten Spielfluss. Das ist richtig, ja. Also mir hat das urgut gefallen, wie sie das jetzt lösen, weil sie generieren ja dann unterirdische Strukturen. Beim Hangar zum Beispiel kannst du dann runterfahren und da hast du dann unten was. Das hab ich gestern gesagt, ob sie das implementieren. Das ist so geil. Obwohl mir es wichtig gewesen wäre, dass sie vor den Boden vorbereiten, also Maschinen gibt, wo man den Boden nach unten aufgrabt vorher. Nee, das braucht man gar nicht. Das ist halt dann Sci-Fi, Traktortechnik, Sag mal whatever. so, für den realistischen Blickwinkel ist das natürlich wünschenswert. Auf der anderen Seite sollte man eine gewisse Spielablauf nicht zu extrem unterbrechen. Naja, sie haben gemeint, eine kleine Basis in einem Spielfluss, in einer Session, haben sie gesagt. Ja, also wie gesagt, das ist halt schon eine Ansage. Ich sehe das nicht so eng wie Jack, also die müssen da auch nichts oft graben, weil es gibt auch heutzutage schon die Technik, da werden die Kabel unterirdisch geschossen, zum Beispiel durch eine Straße und so weiter. Ja. Also das gibt's schon. Ja, ich meine jetzt zum Beispiel für den Hangar, dass davor der Boden vorbereitet wird und nicht einfach... Wir müssten ein richtig tiefes Loch bohren. Ja, schon, aber ist das durch wirklich, Pixeltechnik, also das... Aber es ist wirklich notwendig, weil wann siehst du es, dass es graben wird? Aber du könntest nicht an einem Nachmittag ein Landepad aufstellen, wenn das nicht so wäre, wie sie es jetzt gelöst Ja, haben. ich finde die Zeit ein bisschen zu kurz für Star Citizen, weil die Konstruktionen, die da kommen, die stehen ja lang. Also das ist ja nicht wie bei anderen aber du Spielen. hast so viel Platz. Jack, wir unterschätzen teilweise, was es bedeutet, dass jedes Sonnensystem mehrere Planeten hat und mehrere Monde hat, die da drum noch sind. Also wir haben wirklich viel mehr Platz in dem Computerspiel Star Citizen als in jedem anderen Spiel, das je zuvor gegeben hat.
Moment, der Platz ist doch jetzt relevant zum Bau von... Natürlich ist es relevant. Lass mich doch mal bitte ausreden. Danke. Der Platz ist nicht relevant, um jetzt das visuell darzustellen, wie Jack das gern gesagt hat und möchte, dass man auch sieht, wie sie in den Erdboden reingraben, um vorzubereiten, dass der Hangar, wo im Erdboden weitergeführt wird... Achso, das neue Ding geht weiter, ne? Außerdem. Wir müssen uns leider später drüber unterhalten. Ja, ich habe nämlich zu dem anderen Thema Crafting von Gendern auch ein bisschen was gesagt. Nein, meckert nicht, aber da habe ich auch viel zu sagen. It's good to see you all again. Love you too. Excited to be here. In case you don't know me and you weren't listening to Jared there, which I do quite a lot, my name's John Crew, I'm the vehicle director. My name's Ben Curtis, I'm the vehicle art director. And the clicker is not working. Oh, so if you've got technical difficulties... It's not working. You have to do a dance, John. There we go. There we go. We're good. Right. So, today we're going to be talking about the vehicles to build your universe. And for those of you that watched the previous presentation, which is awesome about base building and crafting, you should be familiar with the construction grav cart. And you've seen how this works. You might be wondering, well, if I've got this, why do I need some vehicles to do things? I know there's going to be some of you that will be perfectly prepared to go push this thing hundreds of kilometers out of the garages at New Babbage. But realistically, you're going to need a ship to put it in. It can't carry supplies by itself, so you're going to need to put supplies on the ship, move them. And it has small drones. And that's the key aspect there. It has 2 small drones on board. And drones will have sizes. Okay, so, yeah, basically everything you're going to be building in Star Citizen has its size class. A lot of you are familiar with how we class our ships and a lot of other things in our game. So it ranges from small all the way up to large and extra large. And our drones kind of fall into those classes as well. But what does it really mean, the difference between what's a small drone, what's a large drone, what's a larger than large and extra large and so on. And basically, a medium drone, for example, can build any structure up to a medium size. So it can build smalls, mediums, and it will be able to build small structures faster than what a small drone would. So the size makes difference depending on how big you want to go. But the drones also scale in numbers. In the one drone can only make one structure at a time. So the grav cart's got 2 drones on it, so it'll be able to create 2 small structures. But a medium, or if you've got a vehicle that carries multiple drones, you can craft a lot more structures, a lot bigger sizes, and that's kind of really the key to kind of like the upgrade path through the kind of drone sizes. So we've had a look at the small. So what's next? What do you want to build? A medium. So I know some of you have already seen it, but this is the CSV from Argo. Bin ich der Einzige, der an Bobcats erinnert? So launching today is the very first ground vehicle from Argo, the construction support vehicle, CSV. So this specialized chassis is developed to take on all the conditions on all our planets. It's a little rugged beast that really does just go everywhere. And if you're constructing a new settlement, there's 2 things you need. You need drones to build it, you need supplies to supply the drones to build it. And that's why the CSV comes in 2 variants. So we have the CSV FM, which stands for Fabrication Module. So this has 2 medium drones on board, and we built it to fit in as many vehicles as we could practically get it to fit in. So it fits in vehicles from a Cutlass Black upwards. It's approximately, and everyone always asks me, what ship fits in what, and I lose track of it all the time. It's about the size of a Tumbril Cyclone. So if you can put a Cyclone in a vehicle, you can put one of these in it. Obviously, 2 medium drones on board, and then it has an internal storage tank for resources. So it has a very small version of a freight elevator built into the back of it. So you feed it 1 SCU crates, it absorbs them into the holding tank on board,
and then the drones will come back to the vehicle to refill. And it also has a size 0 serial generator on board for a bit of added protection. What happens when you run out of resources? This is where the CSV SM for supply model comes in. So the second CSV-based vehicle in the game, and this has a traditional 4 SCU cargo grid on the back. So 4 1 SCU boxes, 2 2 SCU boxes, 1 4 SCU box. Depending on what you buy, you can use this to bring it and move it around. So this is the perfect companion vehicle to the CSV FM. Said that. Shield generator as well. Moves about 28 meters a second. I could not, my brain is fried. I can't remember what that is in miles per hour or kilometers per hour. And it is available right now to drive in SC Alpha 324.2. Available at playerc.csv. So now, let's take a little closer look at the vehicle, and Ben's going to go through it. Okay, so what we're seeing here is the in-game version of the CSV. It's complete with its 4 SCU of cargo up on the rear. And I think the CSV kind of really builds on what Argo is known for as a manufacturer. It's got those kind of like really kind of hard industrial looks, and I think it helps it kind of feel at home on any build site. All of its components are easily accessible. And I think the exterior is like real dominating factor. It's those kind of large all-terrain wheels, and then that's kind of backed up by just simple, smooth, sleek lines. We've got the front-loaded cab that puts all the controls kind of right in the kind of where the player needs them, and I think that's one of the keys to the ship as a whole, or the vehicle as a whole. Sorry, is it's simple, it's purposeful, it's functional, and I think that just kind of just helps it to kind of feel part of that Argo family. But what if you want to go bigger? Bigger? Bigger. Okay. So, introducing the Starlancer family. So, yeah, the Starlancer is basically a whole new family of vehicles, from MISC, and these are covering a range of different roles. Today, we're going to be talking about the first 3, which are the build, which kind of makes sense, and that basically is for all your large structural construction needs. We have the TAC, which is going to be for people that want a little bit more defensive or offensive excursions in our universe. And then we have the MAX, which is a dedicated hauler, but it can still pack a bit of a punch. So we're going to take a bit of a closer look at all of them today. We're going to start off with the build. So this is the Starlancer build from the outside. The key thing to take away here is you'll see it has the drone bays on each side, and then it has the drone resupply arms for allowing the drones to come back and resupply. Inside that room, you have the drone control center. So you have a single station inside, and this is where you control all your drones from, much like Luke showed you in the previous presentation. So there are 2 large drones held on each side of the room, so 4 large drones in total. And then there are 2 filler stations right at the front here, and these each hold 16 SCU of capacity, which can then go and load the internal resource tank to feed the drones. Drones that will then be deployed out of their little secret garages, and they go off and do what you've asked them to do. When they need to resupply, they'll come back, sit on these arms, suck up their resources that they need, carry on their day. That's the really important thing here, is that all these base building vehicles have enough storage on board to supply your drones. Obviously, if you're going to build 1 million things on your base, you're going to run out. But we want you to be able to have these vehicles and have knowledge that you're not going to be doing endless cargo runs initially to build your foundation, your base. You'll be able to build your base and have storage on that eventually, but these all get you going in the short term. So let's have a quick go over the stats. It holds 4 large construction drones. It's 83 meters long, 52 meters wide, 15 tall. Saw lots of rumors and chatters that people thought this was Freelancer size. It is not. It is significantly larger than the Constellation and Corsair. It's almost 600i
in size, so it is a big ship. 2 S4 guns for the pilots, 16 missiles, remote turrets, and then 128 SU of cargo capacity in the build specifically. But what if you don't want to build stuff? What if, like me, you just want to burn stuff and destroy stuff? So introducing the Starlance attack. So, like I say, this is designed to be a bit more aggression into the verse. So I think the first thing you're going to notice is the dual man size 5 turrets. Now these give much better kind of broadside coverage from any of the other variants. And then on top, we also have like a dedicated hangar that has been specifically designed to fit a Mirai Fury inside. And I'm sure we will see plenty of other ships try to be fitted inside. Successful or not. Yeah, we'll see. And I think John's going to run you through the interior now. So yeah, let's have a look over the tack from outside to in. So this is the tack in its default paint, so sort of military drab grey. Then internally, obviously Ben talked about the size 5 turrets. Then we have some drop seats behind, and these are on a deployable ramp, so you can do some ground assault. They will drop out, down. If you're doing a bit of ground assault, chances are someone's probably going to get injured, so there is an onboard medical facility directly behind there with 2 Tier 3 medical beds. Upstairs, obviously, there's the Fury hangar. Behind that is engineering. And then forward of the hangar is the refactored habitation and mess hall area, which is specific to the TAC, just because there's so much other stuff crammed in there. We had to redo the upstairs of it, basically, to fit that in. And we'll go over the more normal layout shortly. OK, so yeah, to sum up, I think the TAC's obviously going to bring a lot more firepower from the other variants. Its shield's been boosted up to two size 3 shield generators. It's got the med bay with the Tier 3 med beds, drop seats, it's got a hangar, and it's still able to carry up to 96 STU of cargo. And you can secure yours today by going to play.se/Starlance attack. Built for life. Okay, so I think you kind of hopefully agree that was a pretty great kind of trailer for the Starlancer Max. And as you can kind of see, we're just putting the finishing touches on that now. So yeah, we're just getting it all done, all ready for its launch at IAE. We will take a little bit of a closer look at it now. I think the Starlancer kind of really fully encapsulates MISC's kind of ability to create beautiful ships. It's got this bulbous design that really helps to kind of convey its underlying structure and its underlying strength. I think when the engineers were trying to kind of put this together,
they were thinking about what's useful, what's great, and one of the things that we thought about was this deployable cargo grid that just brings the cargo down to the ground, makes it much easier for loading and unloading. And they also wanted to put the crew, they wanted to put what was important for them. So they've added a lot of windows out so the crew can see out into the verse, and it's one of the things that we know people like, is being able to have these kind of little windows out into space. And then above the kind of main habitation area, we've got these big skylights, and they just allow kind of like more natural light to cast down into the cruise area. For a bit more protection, you've got 8 size 3 missiles at front, and then a further 8 on top. And these are backed up by a set of size 4 remote turrets, both front and rear, that give good topside coverage. And then finally, when we get to the front, you'll see we have a further set of size 4 gimbal weapons. And again, these just kind of help to fill in those blind spots. I think as a whole, the engineers or MISC have done an exceptional job in creating a vehicle that kind of fully encapsulates the functionality needed, while still ensuring that the crew's kind of well-being and livelihood is protected. It's all in a package that kind of really dominates the sky, and I think it really shows off MISC's ability to deliver kind of quite beautiful ships. Right, so don't worry, this is not an Origin 404 moment happening here. So let's have a look inside the Starlancer Max now. So, love it or hate it, we love it. The MISC traditional letterbox view is back. At the front of the ship, you have the pilot, co-pilot seat with 2 support stations at the rear. These are the ones that control the remote turrets by default. Then behind that, we have the escape pod room. 4 escape pods, 4 crew. And then behind that, we have the traversal. It's sort of a traversal room. It has a lift, goes between the 2 floors of this ship and goes to the exterior of the ship. And then a ladder for emergency backup. Behind that is the mess hall area. So nice shared communal space for you to relax with your crew. And then we move into the 4 individual crew rooms, each with double beds, so very luxurious for a spaceship. En suites for all. At the rear of this section, we have a further 2 lifts. These are just internal to go between the 2 decks of the ship. Then at the rear, we have the main engineering. So there are some components dotted around throughout the rest of the ship, but the bulk of your components and the engineering terminal are here at the rear of the ship. So that's upstairs. Let's go downstairs a little bit. We have the main vehicle entrance and cargo entrance. For the rear section, this can be used as a garage, but it is also a cargo hold. Can fit vehicles up to a Ursa rover in size in here. And then on the Max, we have, as you saw in the trailer, it's sort of 1 cargo lift that drops down, but it retains a walkway throughout the center of the ship. So regardless of whether your cargo is up, down, being loaded, you still have traversal front to back of the ship. Then we have the downstairs of the traversal room, which also features the airlock onto the ship. And then lastly, we have the armory at the front of the ship. So if you're coming on board, leaving via EVA, leaving via that front entrance to the ground, you can stop off here, suit up, get your weapons, do the reverse coming back. And that is the Starlancer Max. So we'll quickly recap the stats. 224 SU of cargo, 128 on that ventral drop platform, 96 in the rear cargo area. It has 6 extra VTOL thrusters for all that extra mass that it's hauling. And it is available to pre-order now and will be flyable this IE at play.se Starlancer Max. And if you pre-order now before IE, you will get this exclusive sapphire paint, which is in the Citizencon colors and looks super cool in my opinion. So, we have talked small drones, medium drones, large drones. What about bigger things? So, who can guess what that is?
so I talked to you all quite some time ago about this in Germany, and this is obviously the original concept for the Pioneer. Now, some time has passed, and whilst the core concepts of base building have remained the same at a high level, how you physically build your bases has changed slightly. So back then, you were building everything on board the ship here. You would fly your Pioneer. This is the area I want to build in. I'm going to build my base on board the ship, and I'm going to drop it down. As you've seen, bases are a lot more expansive now. This doesn't work anymore. So we need to do a little bit of some reconcepting. Okay, so one of the first things we really wanted to kind of solve was the arm. We know a lot more about how we're going to be constructing these structures now, and kind of the arm didn't really make a lot of sense anymore. All it really did was it made the space you need to land the ship almost twice as big as what it's kind of needed. And we're not real spaceship engineers. We don't make real spaceships. But what we do try and do a lot of the time is we try and take as much reference from kind of real life manufacturing as we possibly can. And I think that's really it's really key to what I think Starcitizen is as a whole across like all the different departments. In that we're trying to make a believable universe. And if you think about the arm, and whilst I can't deny it's a cool idea, I think really from a manufacturing point of view, all it really does is it adds a lot of complication and a lot of manufacturing costs onto what is already a very advanced, very large, very costly ship to make. So that was kind of like one of the kind of real first things we wanted to do. The second thing we wanted to look at was kind of have a little bit of a shift around of kind of like the egress points on the ship. The cargo position has moved, so we needed to kind of update that. We wanted to make sure that the landing pad made sense and had space to kind of come into the ship. And then we also needed a way of getting things out of the ship that we will be crafting. On top of that, we had a few other goals. Like I say, it needs to support all the updated kind of building mechanics. It needs to support all our current metrics, and I don't mean just character metrics, I mean all metrics, because we're going to be creating a lot of things inside this ship. We wanted it to kind of become a true self-sustained mobile base. We wanted it to kind of be kind of like the cornerstone of your crafting and construction ventures. And to do that, we needed to add a few extra kind of onboard facilities. So a med bay, like I say, the crafting area, the ability to refine or extract and refine materials. So let's have a quick look over the updated interior of the Pioneer. So at the back of the ship, we have the classic bridge, looks out over the expanse of the ship. And then top and bottom of that in this image, we have the escape pod rooms. And then leading off those is the access to the manned turrets that remain. Then going downstairs, we have the cargo area at the top. Doesn't look like a lot. That's 1,000 SEU of cargo now in that space. Next to that is the fabrication control room. This is where you'll be fabricating larger vehicles and ships, as well as smaller fabrication machines next door for. You don't want to use this to build a small FPS weapon. It's a bit overkill, so we have that on board as well. In the center of the ship, we have a small fabrication hangar with roof and ramp egress. So if you're building a small ship on board, so things like a Nomad, you can build on board here. You'll be able to fly it out the roof of the fabrication hangar. And then we have the existing small landing pad that transitions from outside the ship to inside the ship. So cargo you can load via new entrance that Ben's going to talk about in a second, but you can still retain the ability to land a ship on top of this ship, move it inside your ship, all those things. Engineering at the rear, this is now capital components all the way around. It was a weird mix of size 3s before. It's now just all capital everything. Then we have the habitation, mess hall, medical area between the hangar and engineering. And then at the front, we have 4 extra large drones in the drone room.
But we don't just have some pictures like this to show you. Ben's going to go through this in a bit more detail now. Okay, yeah, so we're going to have a little look at kind of like the concept and where it's at on the interior. We start out on the interior bridge. It's very spacious, or command deck bridge, whatever you want to call it. It gives kind of really nice views out over the front of the ship. And right up front, you've got all the consoles required that you need to kind of control the ship, as well as the kind of additional remote turret access consoles. And then at the rear, we have the main kind of navigation components and some small engineering consoles. And kind of flanking either side, we've got these two corridors, and they lead out to the manned turrets that kind of sit above the bridge. And they also have all the escape pods needed for all the bridge crew. Like I say, we want this to kind of be a home away from home, so we have a very large, comfortable habitation area. Each of the crew members, they get their own individual crew pod. And one of the nice things about this is these actually open up, and they allow kind of each crew member to kind of decide like how much privacy they actually want. This is the crafting area. We've got the 4 kind of crafting machines. And these are right next to the cargo bay, the internal cargo bay. And as John says, this holds up to 1,000 SEU of cargo, so it's pretty sizable. To make it a little bit easier, it's got its own dedicated cargo lift at the back. That again, just simplifies that kind of getting cargo in and out of the vehicle. Down at the front, we have the drone room. Now these will be 4 extra large drones, so they'll be able to craft our largest structures in game. They exit the ship out through the roof, and they're all controlled by the construction console in this area. And finally, we're just going to take a quick look at the crafting area on the ship. So you can see here we've got these blast shields down that kind of protect the crew in this area from what's going on inside. And then as these open up, we just finished making a storm. And as we see, there's a ramp that leads out, so you can drive any ground vehicle straight out the front, between all the landing gear, and you get this really nice kind of like sense of scale as you're driving underneath out the front of the ship. And we've also got the top exit for any flight vehicles. And then finally, we have the landing pad, and this just allows us for any ships that land up on deck, we can just bring them down into the belly of the ship. So, that's the Pioneer. It's had quite the glow up over the years. Holds 4 extra large drones. And if you're interested in finding out what extra large drones can build, I highly recommend sticking around for the next presentation. It's about 20% bigger. I know the jokes, we always make ships bigger, but to fit all that in, it needed it. It can craft small ships and vehicles. And one thing we didn't show in that video is the landing gear actually have integrated ground resource extractors in. So when you find your plot, you land your ship and you can start extracting the resources from it. Capital components all round, and now it has 1,000 SEU of cargo capacity. Now the bad news. When base building comes out, this will not be there day 1 of it. But we are starting this in the next week or 2, so it is in production very soon. So, to finish up, we'll do the classic one last thing. Citizencon is usually about looking forwards, but we'll do some housekeeping and look at the now and a bit before. So, oh, sorry, this is Ben. Yeah, so you remember last year we teased these 10 vehicle silhouettes. Now, these were vehicles that we were planning on working on this year, and we've not quite delivered all of them yet this year. But we did come quite close. So far we've delivered 6. We've delivered the Pulse, the X1, the Medvac, the Argo and PUV 1T, the RSI Zeus, and the rework on the Retaliator. Oh, but what about the rest? Sorry. So,
All but one of these will be released before the end of the year. So the Legionnaire is the one that's going to miss out. And that's because we want to align it with hacking gameplay. But the rest will be here before the end of the year. So Crusader Intrepid, Mariah Guardian, and the Polaris. So we have a few patches between where I am today standing on stage and the end of the year. But let's start with some things that you're going to see at IEE. Ja, das erste Mal das Medic weg. Das erkenne ich tatsächlich gerade nicht. Das von RSI, also es kann ein Polaris sein. Eindeutig Polaris mit dem Zentrum und findigen großen Hangar.
10er-Torpedos, oder? Kannst recht haben. Ich dachte, die Polaris wäre kleiner als die Idris. Die ist kleiner. Die Idris ist schon ein Stück größer. Oh, okay. Da wenn du jetzt durch die verschiedenen Räume gehst, ist man nicht richtig Perspektive. Okay, so on top of those ships we've talked about, we also worked on a number of other ships this year. So we're just going to quickly go through them before we get on to what we're doing next. So we delivered the Sulen, the Storm, the Cutter Rambler, the F7A and F7C Mark IIs. So I always get tongue twisted with these. And the F7A Mark Is. They also did the Santok EI, the Sabre Firebird, the Peregrine, and then most recently, the Argo Atlas. So, like last year, where we did a little tease, can't just leave without teasing a little bit more, so let's have a quick look at just some, emphasis on some, of the vehicles that we're working on in the next 12 months. Das Fahrzeug voll. Ja. Hornet. Ja, okay. Verschiedene Hornet. Tracker oder so, oder? Ja, Tracker und Ghost, ja, glaube ich. Das erkenne ich nicht. Ja, also gut, ich hab Spektrum. Das ist der Zeus? Achso, ich bin ein bisschen vorne. Ne? Ja. Okay. Das ist nicht die Freelance-Person, oder? Nee, Ah, das ist die mit der Kanone von das Gegenstück zur Kammer. Das ist von vorne. Ist das der Krakel, das große? Das letzte. Nee, das große ist doch das, was wir vorgesehen haben, oder? Eine Variante vielleicht. Das I just want to Konstruktionsschiff. say a big thank you to all of you, and a big thank you to all the vehicle team in all the studios around the globe. They give us all this really cool stuff that we can get to stand on stage and talk to you guys about. Some of them are probably hiding at the back, but I just want to say a big thank you to you all, especially for all the hard work on these recent ships. Yeah. Massive thank you to everyone involved in putting these vehicles together. Right, thank you. Thank you. Ich habe übrigens den Link ausprobiert. Ich bin nicht auf Starlancer Text. That was awesome, you guys. I swear some of those silhouettes looked a little familiar. Let's give it up one more time for the vehicle team. Let's hear it for the vehicle team, everybody. Woo! Call and response. We'll work on it for next year. Speaking of awesome ships, we are here at the Planet Ring booth here on the show floor at Citizencon. These guys have some amazing models that are in prototype right now. Die Argo-Dinger, die sahen halt für mich aus wie die aus dem Real Life, die Bobcats, die kleinen Dinger. Baufahrzeug hier, wo teilweise Modular Ich muss leider sagen, das Konstruktionsschiff, das große, hat eigentlich das gezeigt, warum ich ein bisschen enttäuscht bin, wie also, sie sind jetzt natürlich den einfachen Weg gegangen, aber ich habe halt ein bisschen... Einfach, Jack. Das hab ich ja vorhin gerade geschrieben. Das habe ich ja schon geschrieben. Ich glaube, das ist die beste Lösung, das einfach mit den Drohnen umzusetzen, weil entweder hast du unzählige Animationen, wie da irgendwas zusammengebaut wird. Ja, und NPCs müssten das vielleicht in die Hand nehmen, jedes einzelne Team schwere tragen und dann 5 Leute gemeinsam tragen dann eine Box und so. What the fuck, das ist ja... Unterm Strich läuft es daraus, warum immer ins Klein gehen, wenn es eine akzeptable andere Lösung gibt, auch wenn es nicht unbedingt das ist, was die Leute ganz sehen. Ja, bloß Problem ist, dass was ich vorgestellt habe, gerade das Konstruktionsschiff vor war, dass Bestandteile von einem Gebäude da drin, das muss man nicht mehr sehen.
gebaut werden, dann stellt man das mit dem Wagen hin, kann man mit dem Traktorstrahl oder was weiß ich an eine Stelle hinpacken und dann holt man das nächste Teil und packt es ein bisschen zusammen, also so stecken mehr oder weniger bestimmte Teile zusammen oder ein Gebäude komplett so ein kleines und hat es dann komplett stehen. Früher hat es gelegt, als dass du im Schiff selber Module zusammenstecken, Module bauen, dann diese Außenschiff rausbringen, hinstellen, nächste Modul bauen, wieder dann angekoppelt hinstellen und so weiter, dass das alles in diesem Schiff abläuft, dass du eine richtige Fabrikhalle hast, sozusagen, stimmt? Genau, und jetzt ist eigentlich durch das Drohnensystem, ist eigentlich nichts weiter als hinzaubern, sozusagen, bloß mit der Animation mit den Drohnen. Also na gut, die Drohnen, die tun das ja, also es kommt natürlich dann auf die Animation an. Vielleicht siehst haben du sie halt gezeigt. Ja, das siehst du siehst dann vielleicht außen, wie es nach und nach von den Drohnen halt ich vermute mal, dass es so ist wie in Strategiespielen, wenn du da siehst, dass da so langsam so von unten nach oben meinst oder was? Ja, irgendwie so. Inhaltlich hast du recht, aber ich habe es bei keinem MMO anders gesehen, bei größeren Strukturen. Wie soll es denn sonst sein? Doch, sie wollen auch so auf neu machen, warum können sie einen anderen Weg gehen? Dass dann jede Schraube einzeln reingeschraubt wird? Nein, das nicht, aber auch in einem Anfangsgerät, wo wir gesehen haben, im kleinen hätte es so sein können, dass es in einem Teil, einen bestimmten Teil gebaut wird, den holst du dann raus, stellst es hin. Das war das Originalkonzept von der Pioneer von damals, das Sie auch erwähnt haben, und das haben sie jetzt quasi gepimpt und meiner Meinung nach deutlich besser gemacht. Nur so ist es überhaupt möglich, eine Base an einem Nachmittag aufzustellen. Ja, das soll ja auch gar nicht sein am Nachmittag, das Aufbauen. Oh ja, die kleine Base in einer Spielsession, hat er gesagt. Ja, das finde ich zu schnell, auch für so eine kleine Base. Moment, ihr redet doch aneinander vorbei. Ihr habt zwei verschiedene Konzepte und die haben beide für sich ja Relevanz, also sind sinnvoll. Was sie früher erzählt haben, wie sie es vorstellen, haben sie halt jetzt nicht umgesetzt. Das ist schade in einem gewissen Rahmen, gebe ich Jack voll recht. Auf der anderen Seite, das mit den Drohnen, wo sie angefangen haben. Die Drohnen ermöglichen ihnen verschiedene Abläufe, wo Drohnen vernünftig einsetzbar sind, in jedem Bereich, ob jetzt ein Schiff repariert ist oder anderes, eine Kontinuität, also einen schönen Ablauf einzubauen, der nicht mit anderen Perspektiven bricht. Also nicht, dass du beim einen hast die händische, dann hast Drohnen, dann hast du wieder das Texte oder so. Nein. Das Problem ist, die Drohnen sind, finde ich, jetzt zu mächtig. Irgendwie. Die Drohnen haben jetzt zu viel... Jack, die Drohnen sind älter. Also das Konzept der Drohne ist entstanden damals mit dem Orion, mit diesem Abbauschiff, wo du dann Drohnen wegschickst, die dann quasi Prospecting machen für dich. Und diese Drohnen, dass es Drohnen geben wird, die dann automatisiert spezifische Aufgaben übernehmen, war von Anfang an, also relativ früh schon ein Plan. Also das ganz automatisiert nicht, musst ja steuern, deswegen die Drohnen, ja, aber du hast ja gesagt, man wird sie auch steuern können, aber an sich gibt man ihnen einen Bereich vor und eine Drohne scannt dann einen Asteroid nach der nächsten und schaut, ob was drinnen ist. Das haben sie definitiv. Das willst du nicht händisch machen mit 10 Drohnen gleichzeitig. Die haben von beiden geredet. Die haben davon geredet, dass die Drohnen gesteuert werden. Die haben davon geredet, dass beim Abbauschiff, dass Drohnen bestimmte Funktionen automatisch durchführen. Die haben alles erzählt. Ja, und das ist ja der wichtige Punkt. Ich bin der Meinung, ich bin froh, dass sie eher zurückgekommen sind zu ihrem Originalkonzept. Dass eben die Orion genauso Drohnen hat, die halt andere Features haben, wie halt jetzt ein Mining oder halt ein Building oder ein Refinery-System. Hast du dann halt auf einem Mond oder dort, wo vielleicht weniger Schwerkraft ist, hast du dann vielleicht dort eine Basis dann stehen, weil dort eben schwere Materialien sind. Deine Homebase zu verteidigen möchtest du aber auf einem Planeten haben. Ich habe Headset auf, ihr könnt weiterreden, ich bin kurz AFK. Röders, ja, aber sie haben von beiden und mehr Variationen vor ihren ehemaligen Gedanken geredet. Es hat nie ein Originalding gegeben, wo nur die Drohnen alles automatisch machen. Davon war nie explizit die Rede. Die haben immer gesagt, manuell, Automatismus und ähnliches. Die haben sich damals niemals festgelegt gehabt, damals bei dem Abbau. Ja, es war immer ein bisschen schwammig, möchte ich vollkommen recht geben. Ist ja auch logisch, weil du musst doch erstmal Entwicklung abwarten.
was umsetzbar ist, was vernünftig in einer gewissen Zeit auch entwickelt werden kann und so weiter. Ich finde, die Drohnen kann ich durchaus nachvollziehen, dass er es ein wenig stört, aber ich finde die Drohnen akzeptable Mittelweg, mit denen die meisten zufrieden sein könnten. Also ich finde, dass sie eine super Lösung hingelegt haben jetzt in dem Kontext auch, dass sie den Perspektivwechsel machen, dass man sagt, okay, das ist halt der Blick von der Drohne, die wirklich da oben schwebt. Das ist schon sehr cool. Es ist ja nach wie vor noch ein Konzept. Sie haben ja noch nichts umgesetzt. So wollen sie es machen. Wie es dann es ist schon deutlich weiter als ein normales Konzept, weil sie ja intern... Sie arbeiten schon dran, gebe ich dir recht. Nein, sie verwenden das Werkzeug in einer Developer-Version intern schon zum Basenbilden. Sie verwenden es schon. Ich habe noch keine Drohne rumfliegen sehen. Nein. Die Drohne ist in Wirklichkeit nur Style. Die Drohne macht für uns die Immersion cooler. Der Ablauf ist das Komplexe, nicht die Drohne. Ja, gebe ich dir recht. Nur, Sie reden davon, dass jetzt Drohnen das Ganze aufbauen. Jetzt haben die Leute ein gewisses Framing im Kopf. Die denken eigentlich, dass Sachen rumfliegen, wo dann Module oder sonst was zusammenstecken, zusammenbauen oder ähnliches. Schau, es ist ähnlich, von der Grundstruktur ist es sehr ähnlich dem Spiel, das ich schon gespielt habe. Du hast quasi einen Ort vorbereitet, wo du was bauen möchtest, und dann hast du unendlich viel Material dorthin bringen müssen, damit das quasi gebaut wird. Also bei dem Spiel, das ich gespielt habe, gab es keine Drohnen, und es war ein unangenehmer Grind, Tonnen und Tonnen von Material dorthin zu bekommen, damit das überhaupt gebaut wird. Und das hat tagelang gedauert, ein Gebäude aufzubauen. Ja, wenn man es nicht schon gehabt hat. Aber wir reden doch jetzt von den Drohnen. Ich habe keine Drohne gesehen, ich habe keine rumfliegen gesehen, haben sie nicht gezeigt. Wie sie es schlussendlich dann jetzt umsetzen im Spiel selber, ob dann Drohnen rumfliegen oder bloß so Fake-Drohnen an 2 Stück, wo dann doch wieder so ein fast magischer Aufbau vor irgendeinem Gebäude entsteht oder so. Bloß, dass das visuell ein bisschen angeteasert wird oder so. Das haben sie noch nicht gezeigt. Die Umsetzung haben wir noch nicht. Ganz ehrlich, das eigentlich Wichtige ist, wir können Basen bauen, wir können uns irgendwo niederlassen. Ich kann mein Konzept vom Pixel, dass ich dort alle Schiffe, die ich habe oder die mir zur Verfügung gestellt werden kann, dass ich die dort alle packen kann, mit jeweils einem eigenen Hangar, kann ich machen. Ich kann einen Racing-Kurs drumherum organisieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe dich verstanden. Und? Aber davon hat Jack ja nicht geredet. Er will diese Immersion haben. In front of tens of thousands of people at home, and the hundreds of thousands who will clip this and replay it and cut it into other content videos for years and years. Weil man muss dann irgendwo eine Grenze setzen. Zusammengestellt wird. Wo sie jetzt eine Grenze setzen, sieht man ja, wenn all of these presentations up to the standard that they're required was amazing this year. So Benoit and Ian, you don't have to clap for this one. This is just for me. Thank you so much, Benoit and Ian. In deinem Ausschuss anstoßen. You can clap, that's fine. Eigentlich relevant ist, dass wir eine C&C. You might have noticed we went on ISC hiatus a couple weeks ago. We went on hiatus a little earlier than normal because we took the ISC gameplay capture team and we dedicated them to the work of Citizencon for the last almost 6 weeks. Every year at Citizencon, the devs spend their time creating their footage for you, their showcases for you, and many of them still did. But the amount of work it takes them away from the work of actually creating the game. So our ISC gameplay capture team really stepped up this year for the first time in Citizencon history and helped folks create the videos. Those amazing looks at Nyx, those amazing looks at Castra, the amazing
even looks at the sandworm and stuff. So I want to call out Will, Dave, Toby, Alex, and our newest member, Thomas. Hi, Thomas. Thank you so much, guys. They had never participated in a Citizencon before, and I think they were a little surprised at first at the sheer amount of work that goes into doing this, but they stepped up and delivered some amazing stuff, the last of which you're going to see some in this next presentation. And then our last two groups of people I want to present, I want to share. Are they back there? Wave if you're back there. You guys ready? I can't see anything. All right, I hope I'm vamping a little bit until Rich Tyra gets into place. I could hide it from you, but I'm not. So the last groups of people I want to thank. Well, let me tell you a story real quick. When I'm back there, and folks are coming up to me, and they're thanking me for this, and thanking me for doing ISC, for doing SEL, for putting this together on the stage today, I'm struck by two things every time I'm thanked. One is that I can't do any of this does a live talk show the next day after it. And that's only made possible because you guys keep tuning in, you guys keep watching, you guys keep supporting, you guys keep making relatively positive comments about me. I don't think I'm ever going to shave my face again. But it's all right. I just wanted to see what I look like. You know, I'm like, oh, that's what you look like. All right, I agree with the people. Let's bring it back. And then last but not least, there is one person who makes it possible for me to do everything that I've done here. I've been here for 10 years. I've produced 7 Citizencons, I've produced 3 Gamescoms, a PAX or 2, and a couple digital stuff, and of course ISC and SCL every single week. And really, after your support, the only reason I get to do this week in and week out and have these big moments like this is because of the same guy who makes it possible for all of us to do our jobs. So I'd like to thank, where's the camera? There you go. Okay. I'd like to thank Chris Roberts. Chris, thank you. Thank you for not thinking Sandy was crazy when she hired me. Thank you for saying yes to so many things I want to do, and for not saying no or getting angry when I don't ask. So thank you so much. I do operate a lot on a let's just do it and see if I get in trouble afterwards thing. So is that Chris there? Are you ready? All right. So with that, yes, he's angry now. All right. So without further ado, let's get to our final presentation of the night. The Star is My Destination. Introduced to you by the one and only Chris Roberts. Hey, well, I hope you had a great day yesterday. And by the way, there's a perfect run through that Rich did immediately after the show. He went back to the office, ran it through, no crashes, no nothing. It's up on YouTube. And by the was the base building and the crafting and the ships, you'll be able to do it. I mean, for me, the ability to sort of create your own place somewhere in the verse, find the perfect spot for you to make your home or harvest resources, it totally changes the dynamic of what the game will be in terms of exploration and people spreading out, and I think putting roots down in the verse. So I can't wait till we get that in there. I mean, that's one of the things that makes me incredibly excited, because I think it will just add so much to a living, breathing universe. But
That is a perfect example of Star Citizen, how it's grown over the last 12 years, because we definitely did not have that on the initial Kickstarter or the pitches that we were doing. And, you know, Star Citizen is a living game. I mean, we're constantly always adding content and features and tech. As you can see, we're constantly upgrading, you know, what we're doing on the graphics side, making it better and always improving it. And even after we would consider it a released or a shipped game, not an alpha game, we will still be doing that. So it's just, it will be a living game. We'll never do Star Citizen 2.0. It will always be sort of Star Citizen that will continue to grow. It won't be like, oh, we're going to do Destiny 2 after Destiny 1. It will just be a living, growing product. Same for. Right? I don't mean that as a knock at them. I just mean that in today's world, you constantly upgrade and improve things. But the big question really is, at what point would we at CIG, what point would I, what point would the rest of the team consider Star Citizen ready for everybody? Not just you guys out here who are beautiful, wonderful, early adopters, willing to put up with bugs, jankiness, you know, not a great new player experience. We know all those things are things that we want to fix and improve. And we want a game that everyone can just get into at the beginning, understand it, have fun, you know, pulls you into it, and then has a huge amount of depth. So the question is, what is that? And that is what we call Star Citizen 1.0. It's something that we've been talking and looking and designing and thinking a lot about over the past X number of years. And now we thought, you know what we should do, because I think half our sort of initial stuff is from a long time ago that you've seen, and then occasionally we'll talk about things we're doing in, you know, Inside Star Citizens or SE Lives. But we're like, okay, let's tell everyone the marker. This is what it is, Star Citizen 1.0. When we hit this, this is what we consider we're ready to go wide. You know, everybody in the world can get in, play it, whether you're hardcore or casual, have fun, play in the verse, interact, have a great time. And so that is what we're going to tell you today, is what we consider Star Citizen 1.0. That doesn't mean, as I said, that we'll stop at that point. We'll continue to grow and build and add things. So fishing is not on Star Citizen 1.0's list, but I'm pretty sure, I know, but I'm pretty sure it will be not that long after 1.0. But that is the example. We're going to tell you what the marker is, and you know, to do that, Rich Tyra, who's our senior game director, is going to come out with a few of our other directors, and we'll lead you through what 1.0 will be. So, without further ado, Rich Tyra. So missverstanden. All right, Rich. Don't crash. Yeah. Hello, Citizencon. So, my name is Rich Tyra, and I'm the Senior Game Director for Star Citizen and Squadron 42. Now, I've been at Cloud Imperium for many years, and I've read many Spectrum and Reddit posts. And one consistent question I always see is, what type of game is Star Citizen? And I've read many answers. It's a PvE game. It's a PvP game. What about non-combat? Ultimately, it's all three. 3 types of players, 1 universe. So how do we connect those players to create a cohesive game, and not just a set of features bolted together? And it comes back to that elegant, simple question. What type of game is Star Citizen? Well, today, we're going to find out. Okay, so before we get stuck into Star Citizen 1.0, I think I need to clarify a few things. Firstly, what about 4.0? Where does that fit in? Well, 4.0 is the patch that contains server meshing and pyro. And fundamentally, it's an alpha development patch, which means it's adding further tech, features, and content to our alpha version of the game. Today, though, is beyond 4.0, all the way to 1.0. And the big difference is that 1.0 is the full release of the game. Okay, so what does that mean? How will it be different to a normal patch?
Well, firstly, let's look at the 1. The 1 means we're committing to higher base performance and minimal bugs. No longer will we reference that the game is in development. This will be a fully released and polished experience. It means fully rounded gameplay loops, from new player experience to story missions and endgame content. And crucially, it means no more resets between patches. It's a true persistent universe. So if that's the 1, what about the .0? Well, it's just as important. It means we're still committed to continued development, with new content and features being planned post 1.0. But those features will no longer be tier 0. We'll be committing to a higher benchmark of quality for each patch, and most importantly, it's a moment in time. If there is a content, feature, or star system that we've mentioned in the past that is not in 1.0, it just means it will come later. 1.0 is more than just a number change. It's the beginning of a new phase of development of the game. Okay, so we know what the 1 is and the .0, but before we move on, I want to address one important point. And for this, we need to go all the way back to the beginning. Here we are, the Kickstarter. As a backer myself, it brings back memories. And it also reminds me we had a lot of stretch goals. And one of those goals was 100 star systems. But, and there is a but, the star systems of old are not the star systems of today. They were based on the privateer and freelancer model. They were unexplorable planets with an isolated and small landing zone and had automated landings. And we all know how that went. To give you an idea, Stanton had 4 points of interest, and the entire 100 systems only had 90 POIs. Compare that to Stanton today, and we have 1,626 points of interest. And that is going to be dwarfed once we start using the Starcitect tool you saw yesterday. So where does that leave us for 1.0? Well, we will not be launching with 100 star systems, because the game we have today was not just the game that was pitched back then. It's more rich, it's more diverse, and fundamentally, you'll be getting a whole lot more, and I mean a lot more. Okay, so now I've defined what 1.0 is, let's get into the cool stuff. Star Citizen, by its very nature, is a sandbox MMO. Today, you as a player have to find the fun. You have to figure out what you can do and how to do it. If you want to be a hauler or salvager, you have to know those professions exist. You have to know what ships support that gameplay. And you have to rely on outside resources for help. As it is now, the game is not set up to help you. So we're going to add a soft framework, a nervous system, that connects all the professions, ships, and content together. And to do this, we're going to add a main story. To help new and existing players, to help discover all the exciting features and content we have, to take them on a journey of discovery of what the game has to offer. This story will become the spine of the universe and help onboard players with understanding how to play the game and understand what's available to them. This story will also introduce each of our guilds and what professions we have to offer. Like the United Resource Workers, our core industrial guild, which supports 2 of our main professions, mining and salvaging. They also support many other features and professions, like repair technician, crafter, and builder. Guilds are hugely important in Star Citizen,
And as you know by now, guilds are comprised of many factions. As you work for each of these factions, you will gain guild reputation. You can then use this reputation as a currency to purchase guild-affiliated rewards, like ships, blueprints, and items. And each guild will have a unique inventory of what they offer. Alongside economic growth, guild reputation will become a core progression of the game. And to talk more about guilds and our main story, I'd like to introduce David Haddock onto the stage, our very own narrative director. Thank you, Rich. Hello, Citizencon. How's it going? Awesome. So yes, 1.0 is very exciting, and it's going to provide us probably our first real opportunity to finally inject a massive amount of narrative into the game. But we're looking to do that in several of ways. Now, Rich introduced the main story, so let's get into it. What exactly is that? First, it's a narrative experience. This will be a crafted story through the star systems and professions of the Star Citizen universe, taking players on an exciting adventure that will finally kick off the growing tension between Earth and Terra. Yeah. It will be NPC-driven. So while Squadron 42 will always be the place to go for AAA cinematic adventure, we're bringing a lot of the techniques that we learned from that to capture and build a cast of dynamic characters, some of which may be familiar, for both this story and the PU. And the main story is also designed to be sort of like a tour bus structure where you can hop on and hop off at any time you want to. So we're not also requiring you to do it. So if you want to log in day one and just go off and do your thing, you can do that. Or maybe you want to put the story on hold so you can go explore a new facet of gameplay that you just discovered. Go for it. The point is that you can complete it at your own pace. So that's the what. So why do you want to do this? What's the motivation to want to go on this ride? Like Rich said, for new players, it's a great way to ease into sort of the vast lore that we've been developing over 12 years. The gameplay, the locations that the game has to offer, and also give you a sense of upcoming stories that are about to come. But you've been playing Star Citizen for years. You probably know the lore better than me. So what's in it for you? Now, of course, we'll have rewards along the way as you complete missions and whatnot, but we're finally going to offer a big prize for completing the story. Citizenship. So, many of you already know this, but for the uninitiated, in the UEE, there are citizens and there are civilians. Citizens are members of the population who have demonstrated a commitment to bettering the empire, and as such are given benefits that civilians just don't have. Now, what those differences have been debated in the community over years. 1.0, we're finally going to answer that debate. I won't get into the full list of benefits that we're going to offer, but can reveal that one of them will be around land ownership. Citizens will be able to purchase land anywhere in the UEE and enjoy the security that comes with it. But civilians will have a couple of restrictions as to which systems and which planets they can buy on. So that's the why. So where is this adventure going to take you? Well, 1.0 is going to include 5 star systems. This story is going to weave you through all of them, but where exactly are you going to go? First, we've got Stanton, which needs very little introduction. I'm sure you're all very intimately familiar with these 4 corporate-run worlds. But since I do lore, I figure I could take the next hour and just walk through each one of these. But I'm kidding. We've also got Pyro, Land of the Lawless. A volatile star at the center of the system is the perfect metaphor for the constant struggle between the gangs and survivors trying to hack out an existence here. If you saw Ian's location presentation yesterday, then you know that he reintroduced Nick's system. There's another unclaimed system that's currently home to the People's Alliance, a wannabe independent government formed during the Messer era, but now struggling with the burdens of governance, a growing outlaw presence, and a new threat on their doorstep from Vandal raids.
Ian also made another big announcement of our fourth system, Castra. Situated along the former Perry Line, this was a key strategic system to launch an attack if the Cold War between the humans and the Xi'an ever escalated. So that's 4. Do you guys want to know 5? Terra, let's do this. Yeah. We're finally doing it. Considered by many to be the new jewel of the Empire, Terra has been a shining star against the more imperialistic tendencies of Earth, even in the darkest days of the Messer regime. Now, many believe that Terra should be the new center of the UEE. I don't know how you all feel about that. Yeah, a lot of division. But that's our starting 5. Each system and each planet will be featuring the massive level of outposts, POIs, stations, biomes, and exploration options that we've been perfecting with Stanton and Pyro, and you've been seeing in some of the other presentations this weekend. But we're adding one more level. We're also going to be adding location stories. Now, these will be short, NPC-driven missions sprinkled across our landing zones and cities that will exist outside of the main story, but will help provide an additional bit of lore and character to the location that they take place in. So, that's our main story. Let's talk more about the guilds that Rich mentioned. First, a quick recap. Guilds act as a governing body for clusters of professions and factions with a reputation and progression system that will offer rewards the more you work for them. And I want to call out 2 things. One, I'm not going to have time to dive into all of the missions that you're going to see on this board, but just know that every mission type is either in the 1.0 roadmap or already in production. And second, we're also looking to move missions away from the Moby Glass whenever possible. Sure, it will always be an easy way for us to get additional game content in, but we want you talking with people. So to aid that, we're going to be adding characters to represent the factions that you'll be working for that will help sell their personality. Now, some, they'll still interact with you via the written word, but some will call and check in on your performance. And others, you may have to meet in person from time to time. So, let's walk through them. Here we have the first guild that Rich showed, the United Resource Workers. Whether you're eager to earn credits, mining valuable resources from remote corners of the universe, sifting through detritus to try and salvage some valuable components, or even just acting as a technician, you'll find plenty to do with employers like Shubin Interstellar, United Wayfarers Club, and more. Next, you have one of the oldest unions in the UEE, the Interstellar Transport Guild. This will be the go-to place for everybody looking to make their fortune hauling and trading. Some of the factions that many of you already work for now, such as Ling Family Hauling, Redwind, and FTL. And we're going to be adding something special for the daredevils out there, the Imperial Sports Federation. So aside from the usual racetracks that are both legitimate and illegitimate, we're actually going to be leveraging some of our existing mechanics to build new sports and provide an outlet for all you Murray Cup enthusiasts, Cargo Olympians, and competitors to see just who's the best out there. For those who dream of exploring, I'm sure we have a couple here. We have the Academy of Sciences that was brought up yesterday in the social presentation, if you saw that. This is a science guild that will include factions like the Imperial Cartography Center, who will task you with a variety of missions to better understand our universe, such as sending you into a nebula to do deep scans, or finally seeing what's at the bottom of that planetary canyon. We're going to have a new faction called High Point Wilderness Specialists, who will offer missions associated with the various fauna that we're starting to get into the game, from population control missions to harvesting specific resources for research. Now, I don't know if we have some people who'd like to do combat, but our combat guilds were doing something a little different. Now, previous to this, these are all of our profession guilds. But for our combat guilds, they operate a little differently. See, these two are diametrically opposed to each other. So once you pledge allegiance to one, the other marks you as an enemy.
On the lawful side, we have the Mercenary Guild. They represent factions like Eckhart Security, the Bounty Hunters Guild, and even some military contractors. So whether you're pulling together a team of specialists to go assault a ground base, hunting down an elusive criminal, or putting together a recon run to drum up some intel, Mercenary Guild's got you covered. On the flip side, we have the Council. Now, this is a shadowy group comprised of representatives from various gangs, syndicates, and outlaws who mandate criminal activity throughout the verse. You'll be able to throw in with rough-and-tumble gangs like the Headhunters and the Dead Saints, or work your way up to join highline criminal syndicates like the Atonis or the Drop Kings. But remember, the underworld is a dangerous place run by greed and power, so Mercenary Guild reps might not be the only people you have to worry about, as the syndicates are always looking for loyal soldiers who will hurt their competition and tip the scales of power in their favor. So as you can see, there's going to be a universe of exciting storytelling opportunities for you to undertake in 1.0. But one more thing, we're also going to revitalize our social behaviors to make the populations not only feel more alive and reactive and off chairs, but better reflect the tone and flavor of the areas that they're inhabiting. We want to see the people of Loreville slowly trudging through the streets, overburdened by the ruthless contracts, just as much as we want to see the tourists of Orison gleefully moving from attraction to attraction. And all of this is what's going to make Star Citizen be the experience we set out to make. A diverse universe with a rich tapestry of stories, characters, and experiences for you to live in. To talk more about how all this feeds back into player progression, I'm going to turn it back over to Rich Tyler. Thanks, Dave. Smashed it. Thanks, Dave. Okay, so we have a main story to connect the universe. We have all the guilds and their associated professions, and we have location stories to give the world depth and life. Crucially, though, we have a new core progression in the game, guild reputation. But what about our other core progression in the game? The economy. So, as we've discussed before, we'll be implementing a Star Sim-powered dynamic economy that will automatically adjust the in-game prices based on player activity. But for credits to actually matter, though, we need to have an economy where credits flow out as well as in. This means transactions such as repairing, refueling, and restocking need to have value. If everything is too cheap and the money coming into the economy is too great, we'll have massive inflation. And this is where taxes and insurance come in. Boo! We'll have two main taxes: inheritance tax as part of Death of a Spaceman, and security tax for your base that will cover the cost of planetary shield tech. Insurance, on the other hand, will be split between medical insurance, which covers your hospital imprints, and probably the most important one of all, ship insurance. Now, as we have Death of a Spaceman, we also need Death of a Spaceship. Losing your ship should be significant. Right now, for example, over 90% of all claims in the verse are for ships that have not been destroyed. And this is where ship insurance and our new warranty mechanic comes in. First up, we'll have 3 tiers of insurance, with level 1 being chassis insurance, level 2, chassis and component insurance, and level 3, chassis, component, and decorations insurance. Now, insurance by itself will only pay out credits based on the wear and age of your ship. Insurance, I think you want to listen to this bit because it's important.
Insurance with a warranty, though, will give you back a new ship, plus any other equipment or decorations based on the tier of insurance you had. Okay, so this is the bit you need to listen to. All ships bought on the pledge store will come with a permanent warranty and their appropriate insurance. This means you will always get your ships back if they're attributed to your account. Other ships, on the other hand, will require a transferable warranty, and these are rare. You'll be able to earn transferable warranties in-game, such as by completing the main story, as an example, and apply them to any of the ships you own. But there will be a cooldown for transferring it between ships, so choose wisely. Now, what about claim timers? It's another fun topic. And getting your ship back without a claim. Well, we want claim timers to be proportional to the crafting timers. This means it's more beneficial for you to go back and get your original ship. For this, we're going to be introducing a shuttle ship, just like a courtesy car. You'll be able to claim the shuttle at no extra cost to most locations and then fly it back to your original ship. Once back in your ship, the shuttle will automatically return home. If your ship has been legitimately lost, though, then you'll need to claim it back. And as we'll be increasing claim timers, this will mean some ships will take longer than others, with starter or small ships always being readily available, and larger capital-sized ships taking a long time. So it's always better to try and get your ship back if possible. Okay, so we've talked about our 2 core progressions, but what does that mean to you as a player? Well, firstly, it means we have a framework where we can start creating cyclical gameplay loops. But what are they? Let me show you. Okay, so right now in live, if you have a prospector, you probably enjoy mining. And the reward for mining is credits and the enjoyment of the activity. But in 1.0, you might be mining for a whole different reason. And this is where cyclical gameplay loops come in. Firstly, let's add all the manufacturers and ships in. I'll just give you a moment to take that in, because there's a lot. I actually had to ask them to take the variants out, because it didn't fit on this slide. And let's zoom all the way into the prospector, a stalwart of the mining community. But let's say I really fancy acquiring a military Mark II Hornet. Let's go on a simplified journey of how I could get one. Firstly, I know I won't be able to buy it, as it's a military ship, so I'm going to need to craft it. That means I will need the fabrication hangar blueprint. Luckily, I can earn it by doing mining missions to gain rep with the United Resource Workers, and I already have the perfect ship, my trusty prospector. With blueprint in hand and some excess credits, I can now purchase a small plot of land on Stanton and build my fabrication hangar. Step 1, complete. Now I need to grab the Mark II Hornet blueprint. For this, I need mercenary rep, and more importantly, a combat ship. With that in mind, I will do a few more mining contracts to earn enough credits to purchase a Mustang from the dealership. Now I can start doing combat pilot missions for the Mercenary Guild, so I can unlock the Mark II Hornet blueprint. Okay, step 2 of our simplified loop is complete. I have the Mark II blueprint, but I need the resources to craft it. So I come full circle back to my prospector, but this time I'm mining for resources instead. As you can see, this closes the loop. No longer am I mining just because I like it, and there's nothing wrong with that. But now I am mining for a purpose and for multiple reasons. For credits, for reputation, for resources, for blueprints, and ultimately as a stepping stone to crafting my own ships to enjoy other professions. And this is just one of many loops. This is the core
of Star Citizen 1.0. Player set goals that weave between sandbox gameplay and the soft framework we are adding, that give meaning and progression to our professions and features. It's providing the framework for motivation to play the game. That's the journey, though. What about the destination? So Dave has already discussed citizenship and the main story, so let's collapse that for now. Let's talk about endgame content. The content that is designed for experienced players and keeps them engaged. Basically, everyone in this room. So how does that look in 1.0? Firstly, we'll have open world content, including missions, group missions, and server-wide events, like we have today, but tailored to endgame players. While the sandbox element of Star Citizen will allow for large-scale battles, we also want to provide challenging instanced content that will take full advantage of not only multi-crew ships, but fleets of ships. And you kind of know how we do that, right? You saw that yesterday. And as you progress through the guilds, you'll be able to accept high-level contracts from government agencies who will offer prototype and military blueprints as rewards. These missions will require the full coordination of multiple players and an assorted fleet of capital, support, and fighter ships. You will finally be able to become the admiral of the fleet, directing your armada from your hologlobe, which, yes, is a feature included in 1.0. Was hat er gerade gesagt? We will also be offering more specialized on-foot missions that see you enter the depths of distribution centers and municipal works in small, tight-knit squads that provide an outlet for our more FPS-focused players. On top of all this will sit a dynamic layer powered by StarSim. While StarSim will be the driving force in our dynamic economy, it will also track player and AI activity and dynamically spawn events based on their actions. For example, if it tracks large amounts of resources being moved from one home location to another, it will have a chance to spawn pirates to intercept. All this combined will provide just a portion of the endgame experience. And I'd love to delve deeper, but that's for another day, as we still have a lot to show. So we've discussed non-combat professions and guilds, cyclical gameplay loops, and endgame PvE content. But what about PvP? What about player versus player content? As you know, 1.0 will contain 5 star systems, 3 of these being lawful in Stanton, Castra, and Terra, and 2 of them being unlawful in Pyro and Nyx. So what's the difference? Let's take a look at Stanton. Lawful systems will be a mixture of high, medium, and low security areas. Each of these areas will be monitored by law enforcement agencies. And depending on the location, will dictate the emergency response time, with high-sec areas being the fastest. Initially, this response will be measured, but over time will escalate to overwhelming force. This means if someone is attacked, if they can just hold out for a short duration, help will be on the way. Pirates will be able to disrupt this monitoring by shutting down the nearby comm arrays, but this will be highlighted in your star map, with dynamic missions being generated to bring it back online. But this is the PvP you already know and experience right now, just without security forces. But before we jump into an unlawful system, let's explore what options you have if you pirate a ship. Okay, so first up, let's discuss ownership. All ships and high-value items that you own will automatically be assigned to you. This means if someone steals your ship, you can mark it as stolen, either via an insurance claim or in your Mobi. This will then trigger a dead man switch on the stolen ship, meaning it will cease to function after a period of time. But what options does this leave as a pirate? Well, you can still salvage it. You can tow it back to your fabrication hangar to dismantle it for resources.
Or if you have a high enough rep with the council, our criminal guild, you can get the dead man switch disabled and pay for a new title deed to become its new owner. Also, if you're in a lawful system, you'll need to find a transient jump tunnel, as all major locations and POIs will have custom security that will scan you on arrival. Okay, so with that out of the way, let's look at the unlawful system in Pyro. Unlawful systems have no laws at all, and with that comes opportunity. Pyro, as an example, has an abundance of high-quality resources and is a hotbed of criminal activity, the literal definition of high risk, high reward. With crafting now requiring resources, you're going to want to create bases to mine and extract them. This is where base raiding will become a new form of PvP, and it's founded on a combined arms ethos. Defending players will be able to add defenses such as walls, automated turrets, and most importantly, ground shields, a localized version of the planetary shields used in lawful systems that absorb the most powerful of weaponry. No longer can you just turn up and drop a Moab. One huge difference, though, compared to planetary shields, is that these shields can be disabled. You will have to strategically assess each base and punch your way through its defenses on foot to eventually bring down the shield generator. Once the shield is down, then you have options. You want to raise it to the ground, you can bomb it from the air. If you want to extract all the resources, though, you'll need to infiltrate the base using explosive charges and hacking while fighting off the defenders. Now, both piracy and base raiding is founded on sandbox gameplay. And again, that's the essence of Star Citizen. But we want to add more. Something where you can log on and immediately find the action and fight for a purpose. So first up, let's go on a history lesson. In the early 2600s, there was a fledgling corporation called SEAL that had developed a new system-wide planetary shield technology, the same technology that will provide protection for your bases today. To prove this tech, they wanted to use Nyx and Pyro systems as a testbed. With the promise of high-quality resources, SEAL lured independent miners to man the shield network in exchange for shield protection for their settlements. As a prototype, SEAL couldn't provide total coverage over all the mining settlements, and so they created the SEAL Tokens program, allowing the most industrious factions to purchase shield coverage for their work. The network consisted of multiple linked bases on the ground that then linked to several stations in orbit around each planet that then connected to the nearest relay in the shield network, which eventually linked back to the shield core, which oversaw system-wide distribution of the shield technology. Factions could then earn SEAL tokens for working on any part of the network. They could then use these tokens to buy shield coverage, but with the competition amongst factions being so intense, SEAL was only able to offer shielding to the hardest workers. Unfortunately, due to outlaw interference, SEAL eventually pulled out of Pyro and Nyx and pushed for a more automated solution in more civilized systems. So fast forward to present day, without SEAL's backing, they had to pull out and leave it as it is. And welcome to Station Warfare. With the SEAL network still in place, but lacking resources, orgs can take ownership of these structures to gain access to planetary shield tech, which, as you know, would make their bases invulnerable. Unfortunately, there's a catch. There isn't enough to go around.
And as in the good old SEAL days, the system still works via the SEAL token program. To earn tokens, you'll have to assault a location and then deposit resources to power the network. This begins with ground bases and ends at the shield core. Each structure occupied will then accrue SEAL tokens over time, with larger structures earning more, and at the end of each week, you must then use these tokens to purchase shield protection. With shield coverage being limited, though, the system automatically selects the orgs with the highest bid from across all shards. Meaning for that week only, a certain number of orgs will gain access to shield protection. So this is a chance for your org to become the de facto leader of a system. It means you'll be able to log on and immediately find the action and fight for your org. And finally, it's not just sandbox PvP or ganking. You are fighting for a purpose. So once you have won your bid, what then? Well, to talk more about that, I'd like to welcome Ian Leyland, Starcitizen's creative director, to the stage. Good luck. Thank you. All right, hello, Citizencon. Thank you, Rich. Thank you, Dave. So, to continue the conversation of large-scale endgame org activities, let's go back to Pyro 3, where the ground bases were being built earlier today. This morning, we saw the small habitat being built by Luke. And then we saw Deck start to expand the base into a commercial enterprise. But eventually, we saw a massive example of an org base. But with everything Rich was talking about, with org system-wide activities, we want to give you guys the ultimate end goal. But also the thing we need to protect. And to do that, let's look up into the sky and see what it is. Space Station, die Shield Station, glaube ich, ist das, oder? Ein bisschen komisch gerade. Ich bin gerade ein bisschen weird. Alles klar. Let me introduce you to player space stations. Finally, you can build your home amongst the stars. This will be the starting point for your base of operations, for system-wide org activities. But why is this an end goal?
Well, first of all, to construct your own space station, it's going to require vast quantities of resources and materials. And also will be a large time investment. But how do we start? Well, it all starts with the supply bay. And the supply bay can only be constructed by the pioneer. Once it's created, the supply bay then handles the creation of the station itself. Now, we're in grey box development phase, so the artwork's not final, but let's go on a journey and start building our space base. Man kann da stapeln bei dem Ding. Ja, ich wollte es gerade sagen. Awesome. Awesome. So as you saw, the cargo grid of the supply bay consumes resources, and the required resources will be substantial and will need to be topped up over time. So this means orgs will be encouraged to have efficient logistic networks to feed the supply bay. And as Rich outlined with professions, it's ideal if your org is well-rounded in terms of roles. Even the starter player can contribute. The supply bay has automated construction zones, which are used to create the station. And unlike ground bases, many drones are used at once to create the base. Once the station is built, the supply bay then integrates into the station itself. So here we are. We've built our core station module, and it's big. And out of the box, the station comes readily built with some core functionality. Let me talk you through it. Right on the top is the bridge, which is the command deck. This is where all further construction is going to be managed. From here, we can then monitor the status of the entire station. We have access to power and water management. Power and cooling is something you'll need to consider carefully. It also is an area to set permissions for who can enter particular areas, either divided by the ranks of the org itself or open to the public. And there'll be a radar station to track the activity outside the base. And the terminals to access logs of who has visited the station and see what they did. So let's jump back in game
and take a stroll through our bridge. Danke für den Raid. Super awesome. The back of the bridge leads to a centralized transit network. This spine physically connects the entire station and will provide access to the various decks. Each level in the station will have a centralized lobby area, and this is your station. You'll be able to use the decorator mode, so you'll have plenty of space to theme it however you want. And speaking of having plenty of space, this space station will have a one-to-one interior layout matching the exterior. No magic elevators. So you can circumnavigate around the entire perimeter, and it's wonderful. Okay, let's jump back in. All right. As you can see, right at the bottom of the central transit system leads to the lower areas. This is where you'll gain access to the engineering deck. So like bigger ships, this is where all the hands-on engineering and maintenance gameplay happens. This will serve as the beating heart of your station. Then we have the hangar deck. And as the name implies, this is where you'll gain access to your hangar network. The base station comes with a large hangar already built, along with 2 docking collars, and also empty slots for another 2 medium hangars when needed. There will be a vast network of internal road systems, meaning you can quickly drive from one hangar to the other. No elevators needed. Okay, let's check back in. Und hoffentlich keine instanzierten Hangars.
All right, so your station hangar will offer some enhanced logistics. For example, there'll be spaces for several freight elevators. And there'll be empty modules for open ship parking for vehicles and ground vehicles. And there'll be also exit points where you can simply drive out into your station. Then there'll be also an upper level for the observation deck. From the observation deck, you'll have a control room, and from here, you'll have master control over the freight elevators and the vehicle elevators. This means that even before someone has landed, their new cargo can be up into the hangar and ready to be loaded up. Now, everything we've spoken about so far is what comes with your station. Let's talk about what you can do to expand it. As I mentioned before, the station comes with a predetermined interior network of corridors and roads. And in this network, you'll find an array of bulkhead connectors. Bulkhead connectors will come in tiers 1 to 3, which drives the size of room you're able to build. In the interior build mode, this is where you start to expand the interior of your station. The rooms will require resource and time to construct, and once built, you can rename each room, which will be reflected in the station's minimap. The interior of your station will have ample areas for you to expand. You can build generic empty rooms, and you can fill with items to your heart's content. You can also build specialist rooms, where the theme and functionality is already set for you, such as mess halls or infirmaries or generator rooms. And of course, there are shops. So similar to the small shops we built around the ground base, this is on a much bigger scale. But that's just the interior. Let's talk about the exterior. On the exterior, we have minor hardpoints. These are attachment points located on the upper and lower surfaces of the station. Using build mode, you can customize your station with a variety of modules which tailor it to specific functionality. Some modules cater towards resource collection, such as gas harvesters, while others are geared towards defense, like shields or turrets. This goes back to bridge operations of power management. A situation may arise where power priority is needed. Then we have major hardpoints. The core station module comes with 2 hardpoint connectors. Major hardpoints are used to connect substantial wing additions to your station. The first example. Ja, irgendwie hätte es jetzt da mehr gemacht wie beim Basebuilding unten auf dem Boden. Gut, ich habe mich schon gefragt, ob 2 Hangar reichen. The first example is the cargo wing. The cargo wing will dramatically increase your inventory capacity. So this is ideal for orgs who are specializing in holding. Then we have the refinery wing. So you'll be able to refine resources on a vast scale. As it's in space, it's much more convenient than traveling to a ground base. Now, a player could buy resources from your cargo wing and then refine it directly in the refinery wing. And finally, we have the hangar wing. So, all right. So, the bigger your fleet, the more hangars you'll want. There'll be a variety of hangar sizes as well as docking collars to help organize your fleet's deployment.
All major hardpoint wings are connected via struts. And like the rest of the station, the struts are also internally traversable. Okay, so let's recap on the exterior expansion wings. Minor hardpoints give us options on how to collect resources or provide automated defenses for your base. Major hardpoints gives us options on how you can specialize your base. Let's jump back in game and see how our base is getting on. Ich hoffe nur, das ist ein vorläufiger Effekt. Das siehst du, wenn du das Bauplan drin hast. Und dann macht es nach und nach, wie droht. Aber die Lagerung für die Frachtcontainer finde ich interessant. All right. Yes, Pedro has been working with us on this as well, so thank you. Looking cool. Customization is just as important as expansion. Similar to ground bases, you'll be able to earn tints for your station, and you'll be able to apply decals for your org logos. Outside of minor and major hardpoints, your station will come with 2 unique base expansion points. One on the top side behind the bridge, and one on the underside. The top side will be for the crow's nest. Now, all the other modules built so far have very specific functionality, but I'll admit, this is for the org members out there who want the ultimate in personal space. Geht jetzt zum Büro vom Boss, oder? Wahrscheinlich. So müssten eigentlich die normalen Stationen aufgebaut sein, wie das jetzt. Was soll da drin sein? Der Ausguck halt. Das war's halt. Da kann man da noch Sofas oder so reinpacken. So I'm going to be flying around the verse, and I want personal invitations to see what you've done in those rooms, okay? Super cool. I can't wait to see what you do with it. Now let's talk about the underside. This is going to be for the flight deck.
which also comes with an additional 3 major hardpoints. The flight deck is perfect for your rapid reaction forces. It's ideal for fighters, but big enough to fit most ships. It's the perfect home for your station's defensive air wing. And just like the hangars, there'll be an observation deck which can override freight elevators, making rearming quicker and easier during operations. So an org with a tight flight deck crew can be substantially more efficient than others. Now, this one's my favorite. Let's take a look. Die Station sieht schon fast so fertig aus. Du kannst bestimmt noch 2 Arme unten dran basteln, wette ich drauf. Das haben wir auch schon gedacht. Ja, größtenteils bei der Das ist dann meine Heimat da unten. Ich finde das witzig, dass die da Greybox dran schreiben, Alright. nur weil die Farbe draußen grau ist es nicht Greybox Status. Also. There's a few little Easter eggs in that video. But why do you need a flight deck for your rapid defenses force? Well, if you've built your super awesome station in a super lawless system, now you're the potential targets for others. Everyone will have their eyes on your resources and wonder what gear you've got in your inventories. And let's say we didn't win the station warfare bid that Rich mentioned. Let's take a look at the inevitable. Ja, Interior Defense System. Okay, so not only is your station a staging area for offensive campaigns, it's also a defensive fortress. The exterior of the station itself can take quite a beating. It's going to be very hard to damage. So the goal of attackers instead will be to punch a hole through the defenses and get inside.
The optimal way to do this will be to infiltrate through the flight deck or EVA hatches and work your way up. Once inside, yes, once inside and you've cleared out a hangar, you may also want to consider airlifting in a tank or two to clear some corridors. Raiders will have to hack freight elevators or bulkheads in order to gain access. And of course, bring enough ships with them to start hauling out the loot. Gaining control of the bridge will allow access to storage, which would otherwise be unhackable. So, as a defender, there are a variety of automated defenses you're able to install internally within the station, such as blast doors, which seal shut, systems to be breached, and a range of turrets like anti-vehicle or anti-personnel. These will all help slow down the attack and give time for your reinforcements to show up. So let's do a final recap. This is one of the end game goals for dedicated orgs, and will be your base of operations for system-wide activities. The station can be customized both in the interior and the exterior, meaning you can tailor it to your own requirements. And it's your very own home amongst the stars. But wait. But wait. There's one more unique module we can build. And that is the dry dock. This unique slot will be at the back of the station. It has its very own dedicated observation room with crafting stations, and has a transit tram which runs along the inside of the arms, Ja, die zwei unteren sieht man jetzt leading vorne to the dran. docking collars where your ship will be constructed. So, the only question still remains, what sizes of ship can we build? Let's take a look. Wenn man eine Station bauen kann, dann kann man eigentlich aus größtem Schiff bauen, oder? Ja, an die Fabrik kommst du dran. No, I'll just watch the end of the show. See the reaction. Yes. Der klaren Backel Carrier, ist klar. Soll zwar geben, wo es finden kannst du das, oder? Jetzt will für deine Orga sein. Ja, du brauchst einen Blueprint dafür, um das Ding bauen zu können, nehme ich mal an. Aber ich glaube eher, dass das dafür gedacht ist, dass Yui andocken kann, Reparatur etc. Das steht da schön die Kreuzversion. Ey, ich will gar nicht wissen, was für Ressourcen das Ding kostet, ey. Oh. Ah, die Drecksäcken, die erweitern das doch. Ah, oh Gott. Oh Gott. Ich sehe schon so wahnsinnige Vorsätze, einen ganzen Planeten im Spann. Thanks, Ian. So now we're talking. Multiple stations linking and dry docks to craft your very own capital ships. The ultimate end goal for any org. Okay,
So let's take a step back. At the beginning of this presentation, I mentioned we had 3 types of players and 1 universe. And hopefully you can see we have purposeful gameplay catering to each type of player. But that wasn't the only goal. It was to build a game that connected all 3 together cohesively. And this is where you come in. The community, the lifeblood of Star Citizen. Whether you're a PvE player delving for unique crafting blueprints, a non-combat player mining for high-quality resources or building a base with your friends, or a PvP player fighting for your org in station warfare to protect your base, each one of you supports each other. You need the blueprints to craft, you need the resources to make them, and you need the equipment and protection to be safe. This is what Star Citizen is. It's a universe that caters to all players. Now, I could probably go on for another 10 hours deep diving into each system. But I do Jared out of a job, and he needs future ISCs and SC Lives and Citizencons. Today was to reaffirm what type of game we are making. And I hope you continue to come with us on this journey as we march towards Star Citizen 1.0. Thank you, Citizencon, and can we welcome Chris Roberts? No? Mir fehlt noch ein Riesenthema für 1.0. Jared? Sag ich nachher. Vielleicht bringen sie noch, aber ich glaube nicht. Da wäre ich enttäuscht, wenn das bei 1.0 nicht geplant ist noch. Was hat er für LTI gesagt? We're gonna ad-lib a bit. I'm here. Oh, well, LTI is warranty and insurance. That's what you're gonna get. I have it on my thing on there, yeah. Welcome, Chris Roberts. Yeah, ahead of schedule. Yeah. I was going 1:30. I don't know. Oh, you don't need this, right? Well, then they're going to scroll it. Well, thanks, Rich. Rich, Dave, and Ian. I hope you guys and girls loved what you saw there. It's having a definitive line in the sand is incredibly empowering for the whole team, and I think for all of you guys in the community. As I said, in introducing the presentation, we will never stop growing Star Citizen, even past 1.0. And part of what makes Star Citizen so special is the symbiotic relationship between you guys, the community, and us, the developers. And I know I can be accused of feature creep, but you only need to look at Spectrum, Reddit, and Discord to see countless great ideas and suggestions that come from people playing a live alpha and seeing areas that the game can grow and improve. And often we take these on board because they will make the game better. And in some ways, while you could say Star Citizen is a Chris Roberts game, I would say it's all our game. The developers, the community, building the game, we're all building this dream game together. And I think that's what makes it special. I think that's why you guys and girls have been here for as long as you have and have supported us through thick and thin, because we're doing something together. And I don't think in almost any other game you have the opportunity to be involved at that level and have your voices heard and impact what we do. Because, you know, occasionally we'll do things and you guys are like, no, that sucks. And we're like, yeah, you're right, we'll change it. And also, like I said, we definitely read and look and hear all the stuff that you write. Some of it may not be so nice, but a lot of it is really great, and we take it aboard because we're just trying to build this amazing universe for us all to live in together. So what defining 1.0 does, though, for us is give us a finish line in terms of feature and content we are committed to delivering for when your life in the verse becomes truly persistent, your gameplay to progress your reputation, the money you earn, the material possessions you collect and earn will persist even as we deliver more content and features. And I think that's incredibly important for really finally being able to fully commit and not just go, okay, well, I'll play for a while until the next patch comes out. And it's also a market for the game to be more stable, well optimized, and incredibly friendly for new players.
as well as experienced ones, which I think all you guys are. But that'll only be the start of our journey together, because the vision of Star Citizen is a game that has no sunset, one that will continually grow with new content and features. We'll always make sure we're on the cutting edge of new technology. We'll never be outdated. I know I occasionally see, oh, in so many years, you guys will be out of date. But as you can see by our constant presentations, we're always looking to make whatever we can do, whether it's the visuals, the audio, various ways to make the gameplay better. That's something we will always be working on. So we'll always keep the game at the bleeding edge of graphics, sound, physics, and yes, we'll support VR, and we actually have some of that in the background we're doing, how we get stuff. So I hope you've enjoyed this year's Citizencon. We demoed a small prologue that opens Squadron 42 live, with a few crashes to prove it. As I said, there's a really great full playthrough, no crashes, that Rich did immediately afterward that's up on YouTube. And we've given a date to finally deliver the spiritual successor to Wing Commander that the team and I feel comfortable in hitting. We've defined what Star Citizen 1.0 will be and shown features such as base building and monster hunting that we'll be delivering the next 12 to 18 months. 4.0 and server meshing and Pyro is coming at the end of this year. We're already in Evocati on 4.0. I think some people have been streaming some stuff. And in coming weeks, we'll continually stabilize and improve the experience as it moves into PTU and then goes to live. With this, we will have delivered the majority of what we showed last year at Citizencon, with the remaining features coming early next year. And there are over 1,000 people committed, 1,000 people at CAG committed to bringing you all this and more. We love what we do, and we're inspired by your passion and support. We know that we are truly lucky to have such a strong community that shares the passion and dreams we do. You allow us a privilege that almost no other developer has, the ability to dream and reach for the stars. And I truly mean that, because as a developer, it's very unusual to be able to build a game of the ambition that Star Citizen is and Squadron 42 is, and that's all down to you guys and girls. So thank you very, very much. And then over this past year, an incredibly passionate group of people have worked behind the scenes to bring this weekend's event to life. And I want to take a moment to thank Leah and Ed, Tyler, Jared, Kat, and so many others who poured their hearts into making this weekend special for all of you. And a huge thanks goes out to our presenters and teams supporting them, whether they're here with us today or watching from one of our other studios around the world. In the words of Admiral Bishop, I'm proud to stand with our teams and everyone that put this show together. And all of the CAG staff working on the show floor, your hard work ensures everything runs smooth and keeps the energy alive throughout the event. And finally, a heartfelt thanks to the community members who volunteered their time to run this year's show. None of this would be possible without their dedication and support. I thank all of you very, very much. And many of us in the team are going to, myself included, are going to head down the road to the Factory International for the Enter the Atmosphere event that Amos is doing. So I hope a fair number of you will manage to make it over there. There'll be a whole night of racing and esports, a bonus developer panel with Yogi Klatt and Richard Towler, which I think are, as always, they're good panels. And with that, Citizen 2954 comes to a close. I hope you enjoyed what you saw, made new friends, reunited with old ones, and marveled at the creativity on display at the community booth, which was pretty awesome to see. And Citizencon always underlines what makes Star Citizen special. So that's you. You guys here coming together, supporting, watching, giving us, the team, the energy to make this game. So thank you, and we'll see you in the booth.
Bisschen rühriger Abgang, aber sonst. Ja, also ich bin jetzt, also gestern war cool, das heute. Jack, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist etwas, was mit der Perspektive zu tun hat. Du hast dich an ein Spiel gewöhnt, das eigentlich ist wie ein 90er-Jahre-Spiel. Nee. Was wir zeigen, ist, dass einfach das Gameplay, das eigentlich für ein MMO, wo Orgas existieren mit hunderten Mitgliedern, einfach extrem relevant ist. Extrem relevant ist. Weil da hast du einen Ort, wo du dich dann treffen kannst und du kannst gemeinsam was machen. Ja, gegen die Station habe ich jetzt auch nichts. Das mit der Station fand ich sogar recht cool. Darauf wollte ich vorhin hinaus. Das mit der Station war eigentlich ziemlich nice. Ja, aber auch das Vorhergehende war ja arg. Ich meine, wir können gerne die Bilder nochmal durchgehen. Ja, aber schön, dass du unterbrochen hast, weil ich hätte eigentlich gern gehört, was Jack weiter sagen wollte. Gestern war cool, ist mir klar, und weiter. Aber wenn er sagt, heute ist eher ein bisschen enttäuschend. Warum? Also, er hat mir vorgesehen, ich habe das mit dem Base-Building, da gut, viele mögen das. Ich hätte es ein bisschen plastischer haben wollen, aber okay, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das aber das Base-Building ist unter Schritt 1, eine Base haben, ist ja der eigentliche Punkt. Nein, das ist eben nicht das. Das Bauen sollte ja auch das sein. Also das nach und nach zusammenklöbern, das ist jetzt sehr nach Strategiespiele. Wie soll es denn sonst sein, wenn 100 Leute warten, dass sie endlich starten können zum Hackeln? Wie könnte man es anders... Jack, ja, ein bisschen mehr zusammenklöbern. Aber was mich jetzt am Schluss gestört hat, was mir jetzt sehr gefehlt hat für 1.0, sind NPCs. Ja, von NPCs haben sie nichts erzählt. Und da ist gar nichts. Also ein bisschen was. Also 1.0, also es wurde ja immer gesagt, der Start, die Welt wird später 90% NPC bevölkert. Davon habe ich jetzt gar nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen von dem NPC, den man als Wingman mitnehmen kann. Nichts. Da haben sie damals mal was gezeigt, da hat man jetzt gar nichts gehört. Und das zu 1.0. Also die NPCs, wo dem Spieler unterstellt sind, da ist nichts gekommen. Aber du hast ja, man hat gesehen, diese sekundären NPCs, wo halt die ganzen Stationen am Laufen halten, wo die... Ja, aber das ist auf den Stationen, das sind die einfachsten. Aber ich habe nichts gesehen von NPCs, die Transportschiffe ankommen und anliefern. Ich habe nichts gesehen, die auch das machen, was wir machen. Also Handeln, Mining, gar nichts. Die Raumschiffe, wo ankommen, sind und weggeflogen sind. Da haben sie nicht explizit gesagt, dass die Spieler sind oder NPCs. Das war an einer Spielerbasis, das heißt, das waren alle Spieler. Nö, das kannst du so nicht. Notwendig, weil du kannst ja deine eigene Basis kannst ja öffentlich zugänglich machen. Ich nehme mal an, dass die NPCs das dann auch nutzen werden. Aber davon haben sie nichts gesagt von NPCs. Ja, das sicherlich, aber die haben auch nicht gesagt, dass es keine NPCs gibt. Das haben sie auch nicht explizit gesagt. Also, wenn ich das zusammenfassen möchte, die Präsentation hatte die Zielgruppe, den Schwerpunkt jetzt auf größere Organisationen, die bisher gar nichts gescheit groß machen konnten gemeinsam. Was immer wir können. Und dass sie jetzt den Schwerpunkt drauf legen, mal zu sagen, okay, jetzt bauen wir mal Bases und die könnt ihr dann mit NPCs haben wir halt noch nicht, aber ihr habt Manpower und die limitiert eigentlich nur die Anzahl der Leute, die dann mitmachen. Und wie groß das Ding dann im Endeffekt wird in einer absehbaren Zeit, ist halt dann abhängig davon, wie viel du da noch reinsteckst. Dadurch, dass die Dinger Maintenance brauchen, kannst du die auch nicht einfach nur hinstellen und vergessen, sondern du musst ständig irgendwas machen damit das am Laufen bleibt. Und da brauchst du jetzt eben die Menschen, mit denen man gemeinsam so eine kleinere, mittlere oder größere Stadt betreiben könnte. Und da finde ich jetzt nicht so schlimm, dass die NPCs jetzt ein bisschen am Rückensitz sitzen, weil zuerst muss einmal das mal mit den Leuten funktionieren und die NPCs würden ja in weiterer Folge unterstützende Tätigkeiten auch auf deinen eigenen Stationen, Bases machen. Das ist ja Plan, das ist ja nicht gestrichen Also so cool ich das jetzt fand mit der Station, also das Stationbauen fand ich richtig geil, eigentlich.
Aber ich glaube, bei Basebuilding hätten sie es ein bisschen runterschrauben können. Also was man machen kann. Das war ein Tick zu... Das war nicht so viel, das war genau das, was du brauchst, um 500 Leute zu beschäftigen. Nein! Nicht zwingend. Was mir auf jeden Fall noch nebenbei bei Stationen und NPCs eingefallen ist ja, wie ich das verstanden habe, kannst du jederzeit einen Auftrag vergeben. Also als Spieler einen Auftrag vergeben. Zum Beispiel, du bist Stationenbesitzer, du hast Fracht und du willst die Fracht transportieren lassen von irgendeinem Unternehmer. Ja, aber solange es keine NPCs bitte ausreden. Bitte lass mich ausreden, sonst jetzt ein Ding. Also, im Prinzip, du gibst jetzt als Auftraggeber einen Auftrag raus, du sollst Fracht aber irgendwo von A nach B fliegen, also von deiner Station irgendwo hin. Jetzt hast du die Möglichkeit, das deinen eigenen Orga zu überlassen, beziehungsweise es frei auszuschreiben. Dann kann jetzt ein anderer Spieleannehmer oder sekundär ein NPC. Dann hast du einen NPC, wo ranfliegt, wo einlädt, wo einen Auftrag annimmt und das für dir dann transportiert. Das wäre jetzt eine Überlegung für mich, wo ein NPC und die ganzen 90% von NPCs, wo die Bevölkerung ausmachen, auch da integriert werden könnte. Ein einfaches Beispiel. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass NPCs in Zukunft genau das so machen werden. Nur jetzt in der nächsten absehbaren Spielerphase. Die letzte Phase, die wir jetzt hatten, war die PvP-Spieler. Ganz am Anfang war es die Racer, dann kam jetzt die Phase mit PvP, ist das Gameplay, was man machen kann. Man kann ein bisschen minern, aber es bringt halt nichts. Man kann was müsst machen damit. Und deswegen ist jetzt der nächste Schritt, dass man sagt, okay, alle Jobs haben einen sinnvollen Loop, wo man sagt, okay, man fängt irgendwo an, kann sich dann drum herum arbeiten, bis man wieder beim nächsten Level ist. Röders gibt dir recht, aber so eine Station kannst du nicht mit richtigen Spielern komplett besetzen. Weil die Leute im Hangar, wo dann irgendwelche Raumschiffe reparieren, einfach das stinklangweilig finden. Das werden sie nicht machen wollen. Ja, aber die gehen ja dann dorthin reparieren, wenn was dort ist, was das zum Reparieren da ist. Das werden sie nicht machen wollen. Die meisten wollen solche Alltagssachen nicht machen. Gut, schau, wenn du die Leute motivierst und sie Fun dabei haben, glaube ich, sind doch Fahrtjobs in einer coolen, wenn das gemeinsam... Ja, aber die wollen doch was anders machen, als was sie alltäglich in Real Life machen. Schau, wenn sie niemanden dafür finden, der es macht, dann wird der Job halt nicht erledigt. Dafür brauchst du aber NPCs. Aber Problem, Matthias, die haben zwar jetzt hier gerade NPCs rumlaufen lassen, aber du brauchst ja wirklich NPCs, die du befehligst und davon hat man nichts. Und wenn die dann nur als Zierde da drin rumlaufen... Ja, und du beschwerst dich gerade über Command & Conquer. Das ist ja dann, der zweite Teil von Command & Conquer. Das ist ja, also das sind sie jetzt für die Show da. Ich glaube, die Station, da wird nachher kein NPC rumlaufen. Doch. Glaube ich nicht. Wenn ihr euch, bleibt noch. Also für 1.0 nicht. Das glaube ich nicht. Das könnte durchaus möglich sein, aber ihr dürft halt nicht vergessen, für jedes Game-Package hast du einen privaten NPC und ich denke mal, dass du denen dann auch eine Anstellung geben kannst, in der halt dann Sil, genau das, was du gerade ansprichst mit den privaten NPCs, da kam heute halt gar nichts bei 1.0. Ja, aber das nicht in absehbarer Zeit, ganz ehrlich, da kam 3 Jahre, darf ich mal kurz unterbrechen? Weil CB90TV hat was Gutes geschrieben. Ich kann leider nicht im Twitch schreiben, weil ich kein Zugriffsrecht im Moment habe. Und er hat recht. Das scheint undurchdacht zu sein, aber wie viel wollen Sie da jetzt vorstellen und erklären? Die haben auch bloß einen gewissen Zeitrahmen. Und bestimmt haben sie manches noch nicht bis zum Ende durchdacht. Das ist ein laufender Entwicklungsprozess. Und da müssen wir teilweise auch abwarten, wie sie manches hinkriegen, was funktional ist, was technisch überhaupt möglich ist und umsetzbar. Ich denke mal, das haben sie nur nicht erwähnt, weil der Fokus jetzt halt eben auf Basisbau und Endgame, weil die Raumstation ist ja Endgame, wie sie gesagt haben, genauso ja, wie gut, halt... Die NPC hätten sie dann gestern erwähnen können zum Beispiel. Ja, das wird noch nicht, die KI noch nicht fertig ausgearbeitet sein, da werden sie noch nicht zeigen können. Das wird vielleicht, wie Matthias gerade geschrieben hat, wahrscheinlich der Fokus nächstes Jahr drauf sein. Das ist aber nur weil sie es nicht erwähnt haben, ist das nicht weggefallen. Also, das denke ich Ja, es hört sich aber für 1.0 stark danach an, weil sonst hätten sie es heute erwähnt. Das kann sein. Ich bin noch davon überzeugt, dass ein Spiel, wo mal alles da ist und die Menschen die Jobs übernehmen können und die Jobs erledigt werden können als Gruppe, der erste Schritt sind
ist, damit sie, also ganz ehrlich, dadurch, dass sie das mit dem Base-Building so jetzt auf die Reihe bekommen haben und auch das mit dem Outpost-Building, dadurch generieren sich selber die Städte und der Content, den wir selber als Spieler und als Organisationen generieren, hat dann auch Auswirkung. Obwohl sie die Aussage jetzt auch mit dem Bengal Carrier, sie haben damals mal gesagt, man kann nicht mehr bauen, wie die Ingame-Firmen machen können. Aber sie haben damals schon gesagt, man kann Verwaiste finden. Ja, aber Moment, also der Bengal Carrier, wo da angedockt war, heißt nicht, dass das jetzt ein Spieler Bengal Carrier war, das kann auch irgendein UEC Bengal Carrier sein, der aufgetankt hat. Nee, er hat es aber am Anfang gesagt, schauen wir mal, was wir drin bauen können, und dann stand der Bengal Carrier. Das wird, also. Wenn sie von früher, wie schon Seal gesagt hat, gesagt haben, dass es vielleicht einer oder zwei Bengal Carrier irgendwo in irgendeinem System gibt, wo man finden kann, dann heißt es ist zwangsmäßig, dass du die Dinger selber bauen kannst. Bauen, was sie nie können. Das, wenn sie machen, das wäre ein gigantischer Fehler. Das ist, du kannst, also früher hatten sie gesagt, du kannst sozusagen nur das Skelett finden, abgeschossen, schwer verletzt, und das ist dann halt auch Endgame, den wieder aufzubauen, weil das extrem viele Ressourcen frisst. Das würde auch zu dem Base-Building passen, warum der dann halt da angedockt ist. Ich meine, da haben sie ja gerade auch rumgebastelt. Und es stand auf dem Bengal Carrier UEE dran. Also du wirst den nicht selber bauen können, sondern entweder finden oder erobern. Eins von beiden wird wahrscheinlich... Ja, Matthias schreibt, das war schon... Er hat gesagt, welche Schiffe da gebaut werden, in welcher Größe, dann war der Bengal Carrier da gestanden. Also es ist schon der Bengal Carrier gebaut. Sonst wäre die Aussage, so wie ich sie verstanden habe, vorher nicht da gewesen. Das heißt, sie sind weit weg von dem, was sie früher gesagt haben in der Richtung. Also ich finde mit dem Base-Building, also so cool ich das finde mit der Station, aber erstens hätten sie die Station ein bisschen kleiner machen können. Stehst du wenigstens zu, dass da hier und da ein bisschen jetzt Spekulation dabei ist und man vielleicht jetzt nicht so hardcore spekulieren sollten, wenn es am Schluss vielleicht ganz anders kommt? Ja gut, das mit dem Bengal Carrier, das hat er ja gesagt. Das Schiff, was jetzt gleich gezeigt wird sozusagen, bis dahin kann man bauen. Bis in die Größe. Das heißt, die größte Variante. Was natürlich auch Sinn macht, wenn man eine ganze Station bauen kann, wieso kann man da nicht einen Bengal Carrier bauen? Aber der ist ja kleiner wie die Station. Man kann ein Netzwerk an Stationen aufbauen. Ja. Also das Endgame-Content ist, dass du dann viele von diesen Dingen kombiniert hast und zig Leute das logistisch verwalten. Also ich finde, sie haben jetzt mit dem Base-Building, also so geil ich mir das mit der Station fand, eigentlich, fand ich es ein bisschen over the top, wie weit das reicht. Also... Nein. Du hast auf jeden Fall immer was zu tun dann in der Orga. Ja, aber du hättest auch einfach die kleineren Sachen schwieriger machen können oder ein bisschen Ding machen, dann hättest du auch Endgame-Content, aber halt nicht so mächtig wie jetzt. Also das ist ja riesenmächtig. Also du hast ja vorher gesagt, wenn so viele Stationen, dann irgendwann hast du wirklich eine Orga, die da nicht so einen Planeten hat. So viel Einfluss sollten wir gar nicht haben. Die Planeten sind so groß. Diesen Punkt musst du noch checken. Die Planeten sind so groß, dass selbst wenn im Orbit die Leute anfangen, eine Base zu bauen, die urgroß ist im Verhältnis zu einem Orbit immer noch klein. Ja, ist auch egal. Die Hauptsache ist, dass so ein normaler Standardstation also das Zentrum plus die 4 Arme oder so, schon unheimlich an Zeit frisst und ewig viele Ressourcen und Gameplay ohne Ende ist. Und die haben ja nur mit diesen Erweiterungen dargestellt, dass das Konzept da ist, dass man das theoretisch ins Unendliche steigern könnte. Was aber aus meiner Blickwinkel wahrscheinlich gar keinen Sinn macht für eine Orga, so einen riesen Komplex aufzubauen und massenweise Ressourcen und Logistik und Verwaltung reinzuknallen. Das ist doch Idee an ihre Entscheidung, was sie für sinnvolle erringen. Ja, also Röders, hast du die Bilder gemacht? Bin mittendrin, Jack. Ich hackel da währenddessen ihr redet. Ich lasse euch Ich rede aber jetzt nicht von 30.000 Mann Orgas oder so, sondern die meisten Orgas, wo es so irgendwie gibt, die haben vielleicht aber 100 Leute. Die können schon eine normale Standardstation wahrscheinlich nur schwierig bespielen.
Also ich glaube, eine 100-Mann-Orga, die kann gar keine Space Station bauen, weil das ist oder über Jahre höchstens. Nee, Und ich was ich mir halt eher vorstellen kann, ist vor allen Dingen, wo man das letzte Bild halt, was man gesehen hat, wo die mehreren Stationen zusammen sind. Ich glaube, so große Strukturen werden nur von wirklich großen Allianzen mit Massengilden gemacht werden, wo jede größere Orga mit, was weiß ich, 1000 Mann sich da so eine Space Station baut, die sich halt den Planeten oft teilen mit Ressourcenfeldern und dann bauen die halt eine riesen Abwehrdingen, so dass es uneinnehmbar ist. Das könnte ich mir vorstellen. Aber eine einzelne Orga, die so eine große Struktur, selbst wenn sie 1000 Mitglieder hat, ich glaube, das wird Ressourcen fressen noch und nöcher. Die können dann nichts anderes bauen, nur die Station und sind dann extrem verwundbar. Weil während die bauen, da sind noch keine Abwehranlagen und nichts. Also da werden sich verschiedene Orgas ziemlich in die Haare kriegen, um halt ressourcenreiche Planeten. Die werden sich da die Köpfe einkloppen. Wenn du da also mehrere Orgas zu einem Zusammenschluss machen, um dann einzelne Segmente von dieser Station erweitern oder bearbeiten, dass halt so von den Zentralkernen 3 Stück hast oder so, und im einen ist meinetwegen der drin, im anderen ist der drin und im dritten ist der dritte drin von den 3 Gruppen. Und die zusammen das dann quasi leiten und organisieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das finde ich am realistischsten. Wie gesagt, die haben gesagt Endgame. Endgame ist halt, ihr dürft nicht von, sagen wir mal, existierenden MMOs ausgehen, wo halt du deine Dailies abfarmst, was dich halt eine Stunde kostet am Tag. Dieses Endgame, so wie ich es jetzt verstanden und interpretiert habe, ist halt extremes Farming und viel Logistik. Ja, und Logistik ist nicht jedermanns seine Sache, glaub mir. Ich komme aus der Logistik. Das stimmt, Jack. Eine kleine Station für kleine Orgas fände ich auch geil, aber das kommt vielleicht noch. Mal gucken. Aber auf den Planeten und Monden können wir sie ja bauen. Und da sind sie auch besser versteckt eigentlich. Die Asteroiden-Hangars, Stationen wäre ganz gut dafür, sowas. Die Technik, wo sie vorgestellt haben, lässt zumindest das Potenzial offen, in die Richtung theoretisch gehen zu können. Ob das sinnvoll ist oder auch für den einzelnen größeren oder kleinen Spielergruppen erreichbar ist, wieder ein ganz anderes Thema. Nur die Möglichkeit, dass das Spiel selber das zulassen könnte, darauf haben sie hingewiesen, finde ich. Ach ja, was mir nochmal gerade eingefallen ist, für 1.0, dass da keine NPCs sind, das glaube ich eher nicht. Moment, ich meine mit NPCs, ne, bevor du weiterredest. NPCs, die Wingman-NPCs und NPCs, die auch zum Beispiel im Verse rumfliegen. Ja, also ich meine rumfliegen mit nicht da, wo die Missionen sind, wenn du eine Mission annimmst, dass da Gegner sind, sondern ich meine jetzt, dass da NPCs Handelsschiffe rumfliegen, dass NPC wie Spieler rumfliegen. Wie Spieler rumfliegen. Von Spielern übernehmen. Ja, darauf will ich doch gerade hinaus, weil, wie gesagt, ich glaube 1.0 wird kurz nach Squadron 42 kommen und die NPCs, die sind ja schon fertig programmiert. Die haben ja eine bestimmte, aber die haben ja, du hast ja trotzdem Wingmans, die eine bestimmte Logik haben, und von Wingmans zu Frachtepiloten, das ist auch jetzt nicht so kompliziert. Moment, das Problem ist an NPCs in Star Citizen ist, dass das eine Figur im Spiel ist. Das ist nicht so wie bei anderen Spielen, du hast einen Wingman-NPC, der im Schiff sitzt und nur im Schiff sitzt. Das heißt, der NPC muss ja viel mehr können. Der muss ja nicht nur im Schiff sitzen können und fliegen können, der muss aussteigen können, der muss mit dir im Schiff rumlaufen können, der muss von dir folgen in Fahrstuhl, der muss mit dir runterfahren, der muss dahin laufen. Ja, komplexe Sachen machen. Ja, okay, da reden wir aber gerade aneinander vorbei, weil du redest von einem NPC-Begleiter, ich rede halt von Leben im Verse. Ja, also beides. Ja, die müssen aber nicht nur zwangsweise die hängen aber nicht unbedingt zusammen. NPC für einen Spieler sein. Ja, und beides fehlt. Grundstrukturen haben, die halt dieses Hintergrundrauschen vom Handel und von Leuten, die über mich laufen. Das Verse zum Leben erwecken. Und dazu, es gibt dazu schon Sachen, dass sie daran arbeiten. Und das war im Monatsreport drin und in dem
Jump Point Magazin wurde davon schon erwähnt, dass sie an diesen Sachen arbeiten. Auf der einen Seite eben an den NPCs, die du selber mitnehmen kannst, die dir helfen, und auf der anderen Seite NPCs, die das Verse füllen und dass die alles können. Rauschen erstellen, oder? Ja, dass die alles können, dass die diese Transition können von ein Schiff fliegen, aus dem Pilotensitz aussteigen, jetzt hinten, was sind die Fracht ausladen, alles halt. An dem arbeiten sie, und ich glaube, was ich vorher gesagt habe, das kommt nächstes Jahr. Das Citizencon. Das ist so ein großes Thema wie jetzt das Base-Building auch. Und das, sie werden es so aufmachen wie jetzt auch, nur dass eben NPC quasi das Hauptthema, und am Ende des Endgame ist dann deine komplette Crew, was du hast. Dann das Ganze, was die NPC drivet, es sind auch die Tiere im Verse, was du haben wirst. Was kommt jetzt nicht nur jetzt diesen Boss-Gegner, sondern auch welche, die du so random irgendwo finden kannst. Dass das ganze Verse damit belebt wird. Ja, das ist schon klar, aber das Problem war jetzt halt, das war jetzt die Road zu 1.0. Das heißt, das alles scheint nicht in 1.0 drin zu sein. Das heißt aber nicht, dass es die komplette Road 1.0. Das ist die Roadmap für Base-Building für 1.0. Ich glaube, das ist noch nicht fertig. Also die Sachen haben sie nur nicht angesprochen, aber die werden da drin sein. Ich glaube, das in der Road to 1.0, das ist noch nicht abgeschlossen. Das kommt nächstes Jahr noch einmal. Ich habe Teil davon vorgestellt. Das Kernstück sozusagen, was für den Spieler direkt relevant ist. Weil der NPC ist jetzt nicht für den Spieler, vom Spielablauf zwingend relevant. Aber dass du Stationen bauen kannst, dass du auf Planeten was bauen kannst, das ist ein relevanter Aspekt. Ja, NPC sind schon ein sehr wichtiger Bestandteil von Star Citizen, finde ich. Ja gut, man könnte jetzt natürlich rein spekulieren, was sie gestern gezeigt haben. Das hatte zwar was mit Klamotten zu tun hier. Der Leader, der Watcher oder was weiß ich, wie sie da genannt haben, man könnte rein spekulieren, dass das mal später Charaktere sind, die man für seine Crew anheuern kann. Und natürlich hat man auch noch gesehen gestern das Deckungssystem von NPCs, wie die sich da verhalten. Also es wird auf jeden Fall an den NPCs gearbeitet. Das kann man daraus schließen, denke ich. Das Problem, das, was wir gesehen haben, waren halt die NPCs, die bei Missionsstellen sind. Also in Bunker. Irgendwas müssen sie hinstellen. Wo sie hingestellt. Warum wir noch nichts gesehen haben jetzt, das wunderst dich wahrscheinlich, weil es noch nicht möglich ist. Ja, nee, nicht mal das Server-Meshing dynamisch am Laufen haben, dass sie die NPCs da mit einbinden, und die NPCs brauchen wahrscheinlich ein eigenes Backend, wo dann auch eine Story oder irgendwas läuft, wo ein NPC sich bewegt. Mir hätte ja schon gereicht, wenn sie was erwähnt hätten davon, dass das ein Thema für nächstes Jahr ist mit NPC. Ja, okay. Das hätten sie machen können, da gebe ich dir recht. Das hätte ich wichtig gefunden, wenn sie NPC, dass sie am Schluss sagen, okay, das fehlt noch, also das wollen wir auch noch in 1.0 drin haben, aber das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber das ist dann wieder so ein Cliffhanger, wo sich andere wieder vor der Community aufhängen dran. Und das würde ich mir schon überlegen. Aber ich gebe dir recht, NPCs sind absolut wichtig, die sind aber zum Spielen nicht zwingend notwendig, weil das geht ja jetzt auch schon ohne, mehr oder weniger, ohne NPCs. Was das meint? Das ist zwar nicht wünschenswert, gebe ich dir absolut recht, und es ist notwendig, dass die NPCs dann irgendwann mal Problem ist, die erfüllen und auch Sachen machen. Die NPCs, die wir gerade haben, das sind die in der Station halt irgendwie so rumlaufen oder an Missionspunkten sind, aber es fehlt halt wirklich also für zum Beispiel Piraten gibt es kein PvE. Nein. Gibt es nicht wirklich. Also, aber das heißt... Es gibt ja auch so Capyro im Spiel. Wie für Piraten gibt es kein PvE. Doch, gibt es, würde ich sagen. Ja, gibt es. Ja, nicht das PvE, was eigentlich, was soll, klar, das, was wir auch haben. Nur von der anderen Seite. Du spielst dann die andere Seite, und dann sind die NPCs, die jetzt uns beschützen, sind dann dort deine Gegner. Genau, weil die... Ja, es sind Gegner, aber was die nicht können, ist zum Beispiel, es fehlen ja die NPCs, die, wie gesagt, im Verse rumfliegen und zum Beispiel Transportaufgaben erledigen. Das heißt,
Piraten können nicht irgendwie ein Schiff kapern, das mit NPCs drin ist. Es gibt so Quests zum Abschussquest oder Missionen, wo sie irgendwo hin können. Du gehst von der jetzigen Situation aus, aber die arbeiten schon im Hintergrund dran. Und sie zeigen es nächstes Jahr, Jack. Irgendwas brauchen sie noch. Ich glaube, sie zeigen es nächstes Jahr. Bevor sie irgendwie so halbgares Ding zeigen, wo sich dann ein Haufen Leute dran aufhängen können und wieder irgendein Scheiß irgendein Reporter sich aus den Fingern saugt, würde ich da auch zurückhaltend sein. Ja, und wenn ich mich nicht ganz täusche, hat er doch vor uns, wo er hier die ganzen Gilden und Berufe erklärt hat, hat er doch auch größtenteils gesagt, dass NPCs da involviert sind, oder nicht? Habe ich nicht gehört, das mit NPC. Alles habe ich nicht perfekt verstanden. Also punkto NPCs hat es wirklich kaum und keine Erwähnungen gegeben. Sie haben sich sehr stark auf Gilden, Organisationen beschränkt. Sie haben das eher als organisatorische Einheit. Die Gilde der Händler hat Handelsperks und so wie es ausschaut, gibt es halt grob 4 davon. 4 von diesen Gilden, die unterschiedliche Dinge abdecken für Materialien, und dann gibt es noch diese 2 PvP, die sind halt ein bisschen gegenläufig, da ist man entweder oder, da kann man nicht in beiden gleichzeitig Alignment aufbauen, weil die sind doch gegenläufig von Gut und Böse, wie man so schön sagen kann. Aber die 4 Handel und Produktion, also all die Jobs, die jetzt nicht kämpfen sind, da kannst du bei allen 4 dabei sein, ohne gröbere Probleme, vermute ich mal. Ich finde schon, dass du als Spieler durchaus in beiden Fraktionen gut und böse sein kannst. Du nimmst halt 2 Accounts. Okay, ja. Mann, Real Life und Ja, sowas. und wie gesagt, also ich habe 3. Und wie gesagt, also der Fokus, der war halt auf Spielerbasen, weil NPC-Basen glaube ich nicht, dass die da auch irgendwas hochziehen. Das wäre ein bisschen seltsam. Die sind alle schon wahrscheinlich vorgefertigt. Der Fokus war auf Spielerbasen und das heißt aber noch lange nicht, dass die NPCs irgendwie wegfallen. Das ist Quatsch, das jetzt zu glauben. Sich dann einfach nur. Ja, aber wie gesagt, das hört sich halt nicht für mich so an, wie es 1-0 kommt. Das Ganze. Ja, ich bin schon, aber ich bin da eher auf Matthias seiner Seite. Ja, das kommt noch. Irgendwas wollen sie nächstes Jahr auch noch zeigen. Und 1-0 wird für nächsten Jahr sicher nicht fertig. Nee, auf keinen Fall. Kann mir nicht vorstellen. Wenn wir Glück haben, war das irgendwann, also theoretisch 2026 mit Scotland for You zusammenfallen. Wenn wir Glück haben. Und ja, da würde ich auch aber sehr zurückhaltend spekulieren. Also wie gesagt, ich denke 1.0 wird frühestens kurz nach Squadron 42 kommen. Also ja, 2026. Ja. Ja. Also. Und wie gesagt, nur weil sie das eine Thema ausklammern, heißt das nicht, dass sie nicht dran arbeiten, oder? Dran Lest arbeiten. den Monatsreport. Es steht Zeug drin, was drauf schließen lässt, dass da noch was kommt. Und wahrscheinlich kommt es mit anderen Sachen zusammen, die mit dem gut zusammenpassen vom Thema her. Und das wäre einfach zu lang gewesen, sonst hätten sie einen 3. Tag machen müssen. Und es ist noch nicht ready. Mich wundert es halt trotzdem, dass es nicht zumindest erwähnt haben, dass es kommt. Und ich halt, finde es schade, aber... Also sie haben es nicht mal richtig erwähnt. Sie wollten es nicht erwähnen, weil nicht genug da ist zum Herzeigen. Na, abgesehen davon war der Fokus komplett anders. Ja, das schon. Ist, ich meine mal, ich rede doch, wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich jetzt, wenn ich Autoverkäufer bin, dann rede ich über das Autos und nicht an die anderen Autos, die noch drumrum stehen, aber die gibt es halt trotzdem, ne? Was mich am meisten am Schluss mit gestört hat, war, dass sie die Silhouetten, also die schwarzen Bilder von den Raumschiffen gezeigt haben. Und was soll der Schmarrn? Die hätten die Raumschiffe als Konzeptding zeigen können, was kommt, dass man Vorstellungen hat und nicht nur so schwarze Umrisse. Das hat mich extrem gestört und angepisst. Ja, machen das, sie halt ja, das haben sie beim anderen auch schon gemacht. Das machen sie, um die Leute ein bisschen anzuteasern und zu nerven. Und dass die was zum Erraten haben. Angepisst sind, dann ist es natürlich die ideale Voraussetzung. Ja, sollen wir das raussuchen und dann erraten wir geschwind alle? Ja, kannst ruhig machen. War das hier, meinst du, das Bild? Mir Impuls. Der Röders hat gerade vor ein paar Sekunden reingepostet. Nee, nicht nur den Namen. Das ist das Alte. Das, wo sie gezeigt haben, was da ist und das ist ja eigentlich das Neue ist jedes einzelne, das braucht noch ein bisschen Arbeit. Da haben sie so einen blauen Hintergrund. Also das Gelbe, das ist das, wo sie versprochen haben letztes Jahr, dass die 12, sind das 12 Schiffe oder 10 Schiffe, das Jahr fertig werden sollten. Das Jahr fertig werden sollen, bis auf 1 schafft es nicht und das ist das Schiff, die Legionär, das Boarding-Schiff und da wollen sie Hacking mitzeigen. Und das ist schon mal, das zeigen sie
wahrscheinlich nächstes Jahr. Und Hacking, und später, ziemlich am Schluss von dem Ganzen, haben sie dann die einzelnen Schiffe so per Tour, also vorbeilaufen gelassen. Nur in schwarz. Und das war nervig. Das war so nervig. Ja, die können wir jetzt erraten, wenn du willst, oder? Würde ich gern, aber wie gesagt, ich kenne jetzt genug Bildmaterial, dass ich die ich schneide die gerade aus. Eindeutig zuweisen können habe. Dafür aber auch nicht genügend Feedback. Meinst du, also Hintergrund war das hier, das blaue hier? Ja, die Dinger, das ist ja einfach. Das ist irgendeine Variation von der Hornet. Und das sieht aus wie das eine, wo sonst immer das Raketen oben dran hat, oder? Von der. Ja. Nee, das ist the Ghost. Nee, das ist. Das nächste Auto. Das Auto. Das achträdige, kann es sein? Atlas. Struktur, also Atlas. Das sieht wie der Atlas-Struktur aus, ja. Ja, ist das Atlas-Profil. Was gibt's denn vom Atlas noch nicht? Also wir haben einen den Torpedoturm, einen Geschützturm, dann eine Transportvariante. Ein Kommandomodul? Anti-Luftkampf, das sieht für mich so aus wie so ein Gepard, so ein bisschen. Ja, so, könnte es nicht so ein Kommandomodul sein, also Kommandostandfahrzeug, wo die anderen dann quasi steuert, also kommandiert. Dann war das war ja, glaube ich, das Fahrzeug, das haben sie doch gezeigt. Warum ist das nicht das, aber ich glaube, das war das Stock, da hat wahrscheinlich noch mehr Varianten. Das ist ja das zum Base-Building-Fahrzeug. Der Argo irgendwas, CSV, der ist auch klar. CSV, das FM ist das Fertigungsmodul, Fabrication Module. Und das ist noch nicht im Verkauf. Was im Sale ist, ist das Cargo-Modul. Momentan, das verkaufen sie. Cargo-Modul, wo ist das? Wo ist denn das Verkauf? Das läuft gerade. Ach ja, übrigens, Matthias, ich habe jetzt eine Starlancer-Tag. Ach, Starlancer-Tag hier, genau. Max, die eingeschmolzen und. Nee, ich hätte mein Admiral-Paket einschmelzen müssen. Das Einzige, wo auf meine Achso, nee, das schmelzt nicht ein. Nee. Admiral-Paket? Das Einzige, worauf ich derzeit meine Phoenix upgraden kann, ist auf The Carrack. Und die will ich aber nicht. Admiral-Paket, meinst du dieses Real Admiral-Paket mit der Constellation? Admiral LTI habe ich noch, das Paket, das alte. Das ist mir Constellation, wo du beide Spiele hast, Haufen Gimmicks dazu noch. Genau. Und, wo es ungefähr 12 Jahre alt ist, 12 Jahre, mindestens 12 Jahre alt ist. Ja, Physical Goodies. Ja, genau, das Teil habe ich auch. Das war wie viel hast du zahlt jetzt für das? Wo ist denn der Preis fürs normale? Für die Tech habe ich 326 hab ich gezahlt. Ach, mit Citizencon-Ding, ne? Oder was? Ja, genau, mit den zwei Skins. Hast du es damals auch gekauft, das Real Admiral-Paket, klar, vor 12 Jahren? Genau, die hat LTI, die habe ich als Warbound geholt halt hier. Echt? Ja. Und das andere war ja, okay, das war die Max und sonst sind keine neuen im Verkauf, ne? Das waren, und das Argo S war... Die Max halt, die Tech und dann, was war denn das dritte? Argo CSV, SM. Das Argo CSV. Ja, das haben wir jetzt gerade im Bild gehabt, also, oder eine Variation davon. Nee, ja, waren das nicht. Wundert mich, warum beide sind hintereinander. Von der Starlancer gab es doch 3 Varianten, oder? Ja, 3. Das Base-Building auch, aber genau, die verkaufen sie noch nicht. Ah, okay. Die ganzen Base-Building-Sachen verkaufen sie noch nicht. Ah, stimmt, der Atlas war vom Atlas, das war nachher in dem Ding ein Base-Building-Fahrzeug dabei, oder? Ja, da war auch noch irgendwas mit Drohnen oben drin. Das ist auch nicht verkauft, glaube ich. Die verkaufen gut, auch bloß die Transportvariante, sozusagen. Was waren jetzt noch die anderen Bilder von dem blauen Hintergrund? Ich glaube, das müsste das ist, glaube ich, das sieht aus wie wie heißt das kleine Schiff? Prospektor? Nee. Nee, das kleine Kampfschiff, wo es keinen Quantum Drive hat, aber das sieht aus, wie wenn es eins hat wahrscheinlich. Du meinst wie Mira oder wie das? Mirai Fury oder... Mirai, wie hießen die? Ist das nicht Mir liegt auch dazu. Haben sie sogar vorgestellt, weil das in dem einen Ding gelandet ist. Ja, das hatte da nicht irgendwas X gesagt? Irgendwas mit X? X52, naja. Nee, eins war das Crusader Starter Schiff, das ist die Interpret. Ich schau noch nach, ich hab's ja.
Und das andere... Das ist auf jeden Fall von der Fury eine Variante oder eine größere Variante davon. Ja, der größere Bruder, der schwere Fighter. Ja, okay, also das ist eine Weiterentwicklung von der Fury-Reihe, meinst du? Ja, oder halt vom Design her gleich, aber ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Okay. Und das nächste? Crusader. Das sieht aus hier wie eine... Das sieht entweder aus wie die Schildkröte, wo wir sonst haben, oder was könnte das sein hier? Mirai Guardian ist das, genau, mit 2-5 Waffen. Wie das, was ich vorher gezeigt habe, meinst du? Ja, das mit dem, stimmt, mit dem Bein an der Seite, ne? Sorry, Spoiler. Wo hast du, wo ist das mal erwähnt worden? Welches Schiff meinst du jetzt? Das davor. Das davor, das mit rechts und links, das ist ein Mirai-Schiff. Ja. Schwerer Fighter. Was so ein bisschen aussieht so wie Schilde. Darth Vaders TIE Fighter. Ja, wo ist das mal erwähnt worden? Hm? Wo ist denn das mal erwähnt worden? Nicht. Deswegen, sorry für den Spoiler. Ach so. Das ist, ne doch, hatten sie das nicht schon mal vorgestellt, vor 3-4 Jahren? Ich wüsste nichts. Exakt haben sie, dass sie das machen wollen bei irgendwas, aber... Was ist denn das hier eigentlich für ein Schiff hier? Das sieht irgendwie aus wie so eine Lambda-Fähre von Star Wars ein bisschen. Ja, da habe ich gleich gedacht, Star Wars. Das ist hier, wie heißt der Herald? Das ist doch der Herald. Nee, das ist ja nicht die Herald. Nee, das ist doch kein Herald. Nicht? Nein, der hat doch keine solchen Flügel. Na, sie schaut ähnlich aus wie die Drake Corsair. Schaut voll ähnlich von dieser ausklappbaren Flügelthematik. Aber das wird auch unsymmetrisch ist, glaube ich, ne? Unsymmetrisches Schiff auf jeden Fall. Ja, ist asymmetrisch, ja. Und ich glaube, das hier war aber das Kanonenboot. Das kennen wir, glaube ich. Das heißt, das mit der Waffe oben drauf. Das sind die Fetten oben dran. Wie heißt das nochmal? Polaris heißt nicht, das heißt anders, verflucht, ich bringe meinen Namen durcheinander. Perseus. Der Retaliator? Perseus, ja, genau. Perseus, genau. Perseus wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Das ist der eindeutig Perseus, weil der hat unten einen Geschützturm oben an. RSI. Genau. Aber was ich nicht verstehe, am Schluss haben sie 3 Bilder zeigt, die relativ ähnlich sind. Ja, das ist die Ironclad und die Ironclad Assault. Also, das Bauschiff, ne? Na, nicht das Bauschiff, das... Kannst du da bauen, da drin? Und das ist aber das große Bauschiff, oder? Das ist die Ironclad. Für was war das Schiff? Ach ja, das war das mit dem Hangar, wo du entweder als Frachthangar oder als Fahrzeughanger nehmen konntest, stimmt's? Zum Repair und Ding und Zeug. Ach so. Vielleicht kannst du da craften jetzt drinnen. Die sagt mir gar nichts. Ich hätte gedacht, das wäre die Kraken. Nee, der Kraken ist niemals. Never. Aber das ist das Bauschiff, glaube ich, oder? Das könnte das große Bauschiff sein, ja. Jetzt. Ja. Das könnte das große sein. Nein, das ist die Variante von dem, das ist die Assault-Variante von dem, weil die hat unten die Türme dran, mit denen du nach unten schießen kannst. Das ist das gleiche Schiff, nur dass es unten Türme dran hat. Siehst du, ich hätte gedacht, das ist der Caterpillar. Nee. Da ist das obere Zeug mit dem Turm und so weiter. Ja, ne, ich habe ein paar Schiffe verpasst, deswegen. Und man kann die so schlecht im Shop nachgucken. Deswegen, weil sie nicht im Verkauf sind. Das ist halt ein bisschen schade. Ja, aber... Also bei der neuen Website tue ich mir echt schwer. Ja, ich finde die auch ziemlich unübersichtlich. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Allgemein das Bauen von Sachen, also Craften und Bauen. Also, ja. Wo fängt Soll ich mal die ersten Fotos, wollen wir die machen? Oder? Also wir machen nicht alle durch, aber mal so ein bisschen raus. Moment, Crafting. Ich schalte dich mal auf deinen Stream zurück, damit ich weiß, wo du bist. Also da Getting, was man kriegt für Materialien, das ist noch klar, aber ich will eigentlich auf dem... Also was ich nicht so mag, ich weiß, Matthias mag es wahrscheinlich, ich nicht. Ich finde, dass die Waffen und Sachen, die du baust, bloß zu starker Unterschied für mich, also sieht es für mich aus, wie wenn die Komponenten oder die Waffen oder die Ausrüstung, wo du bauen kannst, viel zu stark ist, bloß weil du bessere Materialien verwendest. Also das ist so,
Ich meine, meistens sind die seltenen Materialien deutlich schwieriger zu bekommen. Also bei Darkfall war das so, dass manche Materialien so selten waren, dass es dort dann Kleinkriege gegeben hat, wer den nächsten Respawn bekommt. Bedenkt dran, dass es unter Umständen durchaus noch vor dem am Schluss vom Ausgleichen von den Fähigkeiten und so weiter, also noch verändert werden könnte. Es ist ja bloß jetzt einmal so ein Ansatz, wie sich es entwickeln kann. Und die Zahlen, wo da genannt werden, die können auch noch Platzhalter sein. Es muss ja nicht zwingend sein, dass das jetzt irgendwie von 250 Schadenspunkte auf 320 hochgeht. Nein, das ist Balancing. Das verändert sich so oder so. Das sollte man etwas differenzierter noch betrachten. Und was auch noch dazu kommt, diese Blaupausen. Wie viele von den Blaupausen kannst du innerhalb von einem gewissen Zeitraum oder überhaupt im Verse finden? Das ist auch noch eine Frage, wo ich noch mal raus wollte. Mir gefällt es mit den, also das habe ich aus Once Human oder so mit den Tierleveln. Das gefällt, ich bin auch kein Fan von dem Tierlevel. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde, was du von der Firma hast, weißt du, wenn du die Waffe kaufst, das muss eigentlich das Beste sein. Und das, was du herstellst, und das, was du herstellst, du musst da rankommen an das Ding. Aber jetzt ist es so, dass du als Spieler was Besseres herstellen kannst, wie eine Firma, die darauf spezialisiert ist. Das ist etwas, wo man drüber stolpert. Und vor allem, die Firmen könnten ja von dem einen Waffensystem mehrere Variationen in verschiedener Qualität genauso liefern. Warum wird es den Spieler überlassen? Warum wird da ein Spannungsbogen zwischen der Community und Aber vielleicht denken wir uns diesen Spannungsbogen nur, vielleicht existiert der gar nicht. Vielleicht gibt es auch dann im freien Handel billigere und teure Versionen. Du wirst immer Spannungsbögen haben, wenn du den Spielern zu viele Manipulationsmöglichkeiten, will ich es mal nennen. Der Grund, warum Spieler geschaffene Waffen besser sind als gekaufte Waffen, ist ganz einfach, um diesen Job oder diesen Zweig der Beschäftigung für Spieler am Leben zu halten. Weil ich kenne es aus vielen anderen MMOs, da sind Drops aus Dungeons und so weiter, die kannst du als Handwerker die Stats kannst du nicht erreichen. Und ich rede jetzt nur von reiner MMO-Erfahrung. Und das macht halt den ganzen Handwerksberuf komplett obsolet. Und deswegen finde ich es gar nicht mal so doof, dass du ein bisschen Aufwand betreiben musst, um bessere Waffen oder zu herstellen. Das ist ja das, was mich stört. Für mich war Star Citizen immer ein immersives, also von dem, also du brauchst dein Material, baust es damit und dann baust du das Teil. Aber mit so Tierlevel und das, weißt du, die gleiche Waffe, der eine hat obwohl die genau gleich aussieht, nichts anderes ist, keine anderen Komponenten dran, keine anderen Dinge, die eine Waffe ist trotzdem besser wie die andere. Das das gibt es ja bei jedem MMO normalerweise. Nicht das Konzept stimmt. Also das stört mich. Enchanting macht es noch schlimmer. Nee, du musst, Röders, warte mal kurz. Jack, du musst das doch weiterdenken. Zum Beispiel, du hast, das gibt's ja hier auch. Es gibt halt Firmen, die ein Produkt anbieten, das ist aber qualitativ minderwertig, aber damit verdienen die halt Geld, deswegen machen sie es weiter. Und dann gibt es halt kleine Firmen, die sich auf etwas spezialisiert haben, sprich der Spieler, weil du sollst ja das irgendwann mal als Handelsware benutzen, damit halt Spieler untereinander Handel treiben. Und wenn du halt darauf spezialisiert bist, ich bin mir auch sicher, du kannst es dann mit NPCs automatisieren oder sowas. Ja gut, aber Qualität ist halt, ich die Qualität vielleicht fängt bei der Quelle an. Das Material, das Ausgangsmaterial ist das eigentlich Schlüsseltragende für die Qualität. Qualität sollte eigentlich im Spiel sein, wie schnell verschleißt das Teil, wie schnell geht es kaputt oder so Zeug. Hör mir zu, es gleicht sich aus, weil du wirst auch einen von mir gecrafteten Helm tragen, der einfach genau diese 30% mehr aushält, die andere Waffe mehr Schaden macht. Moment, wenn ich einen Jack richtig verstanden habe, ist, er möchte lieber, dass da vorgegebene Stats sind, wo nicht dran gerüttelt wird. Da bin ich zum Teil beinahe, absolut. Weil diese Komplexität kann bei Spielern so einen Run nach bestimmten Items auslösen. Da war ich noch nie ein begeisterter Fan in irgendeinem MMO davon. Weil das hat
Das hat auch noch andere Probleme. Das hochwertige Eisen und das hochwertige Ding wird halt besonders umlagert. Aber mal, Asti, du wolltest gerade irgendwas einwerfen. Ja, dieses jetzt mit den Materialqualitäten, verbesserte Items und so weiter, hat auch noch ein ganz anderes Problem, worüber sie später stolpern werden, definitiv. Ja. Woran jetzt gar keiner denkt wahrscheinlich. Was denn? Habt ihr schon mal daran gedacht, was mit der Balance passiert von den ganzen Missionen? Ja, das ist es ja. Mit den Specs für die wenn einzelnen Spieler Waffen. immer bessere Items produzieren, weil wir kennen das, also Star Wars Galaxy hat dasselbe System gehabt und ist über das Problem gestolpert. Wir mussten die Missionen immer schwerer machen, damit die Spieler mit dieser super Ausrüstung das nicht mehr machen oder etwas schwerer hatten. Das Problem war dann, mit der Standardausrüstung, die du als Neuling bekommen hast, konntest du nichts mehr machen. Das ist ein ganz großes Problem an der ganzen Sache. Ja, ich sehe da kein Problem, weil bei Ultima Online hast du auch ein Starter-Schwert gehabt und das war halt wirklich schlecht. Aber es hat funktioniert als Schwert. Das ist, stimmt, also ich sehe das bei jedem MMO, das ist umso höhere Dungeons oder Raids du machst, umso besseres Equipment hast du und dann kannst du normale Quests, da läufst du durch, da sendst du dich durch. Ja, Problem ist, dass ich Star Citizen immer anders gesehen habe. Ich habe Star Citizen immer gesehen, dass du das über Komponenten, weitere Zusätze an die Waffe oder andere Munition vielleicht nimmst. Aber nicht Aber das macht das Spiel doch auch leichter. Mhm. Also ob du normale Munition nimmst oder aber du musst die Ausrüstung mitnehmen, Munition. die ist schwerer, die Waffe ist vielleicht vom Handling anders, also weil du jetzt einen anderen Griff machst, ist das Handling ein bisschen anders, aber es ist jetzt die komplette Stats komplett anders. Also du hast Jack, es könnte sein, dass wenn da Neulinge reinkommen, dass du dir dann halt dann ein Set in die Hand drückst, was halbwegs okay ist und halbwegs selber produzierbar ist, weil das kannst du erstens selber produzieren und mit dem kann er dir wirklich dann auch bei der Mission eine Feuerunterstützung bieten und auch was einstecken, was er sonst nicht könnte. Also was ich halt jetzt feststelle... Warte mal, ich ziehe ganz kurz einen Vergleich. So, das ist im Prinzip, Jack, worüber du dich aufregst, ist, dass man mit Level 1 jetzt in allen MMOs gesprochen, nicht im Level 6er Gebiet irgendwelche Mobs umhauen kann. Und die Waffen sind in dem Sinne dein Level. Dann kannst du halt auf Level 1 nur Anfängerquests machen. Und umso mehr du dich equipped hast und bessere Ausrüstung du hast, umso höher kannst du die Schwierigkeit der Mission angehen. Das ist nichts anderes als ein Level-System, das Crafting. Ja, und das nimmt einfach, Star Citizen sollte ja auch das, was du kannst. Das heißt, Moment, darf ich mal geschwind, nicht, dass die Waffe besser ist, sondern dass du mit der Waffe besser umgehen kannst, dass du weißt, wie setzt du deine Spritze ein, oder wann setzt du das ein, wann lege ich mich taktisch hin und nicht, weil die Waffe besser ist. Weggenommen. Das du kannst eben, du kannst ja trotzdem von 10 Level 1 Mobs umringt werden und du hast eine Bazooka in der Hand, die ist zwar stark ohne Ende, aber trotzdem schießen die dich einfach nieder. Also das ist ja nicht ausgeschlossen. Da musst du dich positionieren, richtige Distanz haben. Die Starcitizen, Sie haben früher mal erzählt, dass es in dem Sinn kein Leveln geben soll bei den Spielern, sondern die Fähigkeit der Spieler, mit den Techniken umzugehen, soll das Essentielle sein. Ist ja immer noch gegeben. Es ist halt nur... Moment, einen Schritt weiter. Wenn Sie jetzt mit diesen Waffen, wo stärker sind, weil sie mehr Schaden machen, weil sie und besser Rüstungen auch, können, muss bedenken, ne? Zum Beispiel, nur als Beispiel. Jemanden, der also diese Fertigkeiten vielleicht noch nicht hat, aber einen Zufallsschuss trifft und dich wegbläst, obwohl du spielerisch besser bist, rein spielerisch, nicht irgendwelche Ingame-Sachen oder so, sondern spielerisch. Das finde ich auch ein Problem, weil sie wollen ja kein Leveling machen. Ja, aber ein Anfänger kann dich genauso mit einer leichten Waffe einen Headshot verpassen und das ist ein kritisches Ding, wenn du gerade zufällig keinen Helm auf hast, es kommt aufs selbe raus. Wenn du jetzt so ein Leveling-System bei den Waffen einbaust, dass sie verbessern ich habe das verglichen und ich sehe da halt in der MMO Vergleich und du das jetzt so mal gegenüberstellen. Ja, und euch durch das Level, das geht ja nicht nur Waffen, das ist ja auch die Rüstung, wo du anhast. Das heißt, wenn der Helm plötzlich mehr aushält, dann schießt du auf seinen Kopf, der fällt nicht um, aber du, obwohl er schlechter trifft als du.
Ja, aber das ist doch. Obwohl das Gleiche anhat im Grunde. Ja, also, es ist doch aber immer noch in der Logik drin. Es macht doch halt Unterschied, ob du ein Basecap auf hast oder einen Kevlar-Helm. Ja, das schon, aber dann ist ja Sie haben ja am Anfang gestern gesagt, die Wahl der Ausrüstung. Das heißt. Ja, aber es gibt doch auch verschiedene Varianten. Es soll eher entscheidend sein, was du anziehst, nicht, dass die Ausrüstung selber irgendwie ein besseres Stat hat wie die gleiche Ausrüstung vom anderen. Also, was Jack jetzt meint, zum Beispiel, du hast jetzt deinen Kevlar-Helm, gibt es in verschiedenen Ausführungen, leicht, mittel, schwer. Ja. Also hast du einen Crafter, der hat jetzt das genialste Zeug gefunden und kann dir aus dem leichten Helm eine Stabilität erreichen, die ihn schwerer schafft. Oder ein Medium zumindest. Hat aber die Fähigkeit von leichten Helm. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Problem für die Balance am Ende. Genau. Weil Leute, die dann neu reinkommen, nicht die Möglichkeiten oder nicht die Zugriff nicht zu darauf sehen, was sie erwischt quasi. Das ist der Vergleich, ich finde den albern, weil in der Realität sehen wir es doch auch schon. Ich meine mal, ja, früher hatten hast du ein anderes Problem. Früher gab es schusssichere Westen, da waren einfach nur Bleiplatten drin. Und Die jetzt gibt's aber halt Verbundstoffe. Also die auch noch den Druck, den Aufschlagsdruck verteilen aber so der weiter. Unterschied ist, das Teil sieht anders aus. Du weißt, okay, ich gucke den Gegner an, er hat das an. Das heißt, er muss ungefähr das aushalten. Wenn der aber plötzlich einen leichten Helm auf hat, aber der aushält wie ein Medium-Helm, das heißt, du schießt auf deinem kleinen Kopf, der müsste eigentlich tot sein, willst dich schon zum nächsten widmen und der lebt aber noch. Warum? Ja, aber genau so ein Action, ganz ehrlich, ich glaube, Star Citizen möchte 90% vom Spielspaß von Counter-Strike in ein MMO hereinbringen, was eigentlich niemand für möglich gehalten hätte. Wenn sie 50% von dem Spielspaß von Counter-Strike im Action-Kontext von einem FPS-Shooter in das Spiel hereinholen, dann hätten sie schon viel mehr als jedes MMO, was sie erreicht hätte. Mich stört nichts. SC wäre sogar gut gewesen. Ich finde störend, dass sie Once Human und so Zeug reinbringen. Ja, das vergleichert sich. Also Once Human kenne ich nicht, aber das Crafting-System, das ähnelt auch zum Beispiel 7 Days to Die. Also das ist auch fast dasselbe. Also da ist halt echt, auch bei Once Human habe ich ein bisschen gezockt, da hast du eine Waffe, die genau gleich aussieht. Kann aber am Schluss fast dreifache von Schaden. Und das ist halt die Gefahr, wenn sie das machen, das darf nicht werden, Jack. Ich hoffe nicht. Ganz so krass wird es. Die Prozente, die wir gesehen haben, die waren so im einstelligen, kleine 10% vielleicht, sowas in die Richtung. Das fände ich sogar noch okay, aber das ist... Aber als Argument kann man doch sagen, das ist doch ein Riesenunterschied, wenn jetzt zum Beispiel dein Gewehrlauf, die können genau 1:1 aussehen, aber es ist ein Riesenunterschied, ob du nur halt einen Alulauf hast oder halt Titanstahl oder sowas. Also, ja, die Mechanik, wo dahinter steht, was sie vorgestellt haben, die leuchtet mir komplett ein. Das ist überhaupt kein Problem. Aber die Frage, wo sich für mich stellt, ist, sie haben so viel Gameplay, sie haben so viel Komplexität im Spiel. Muss denn jetzt auf sowas in so einer Ebene noch extra was hochgezogen werden, wo unter Umständen später ihnen auf die Füße fallen kann? Muss das wirklich sein? Ich glaube nicht, dass es mit den Quest-Schwierigkeiten denen auf den Füßen fällt. Also. Das weiß ich nicht, aber das ist bei vielen anderen passiert. Wie komplex wollen sie es denn machen? Wie sinnvoll soll es denn sein? Wie weit wollen sie in das Mikromanagement reinmarschieren? Vor allem für die erste 1.0-Version. Ich rede jetzt nicht davon, dass sich das Spiel vielleicht mal weiterentwickelt und sie Möglichkeiten sehen zu verfeinern, sondern die wollen eine Komplexität da in das 1.0 reinpressen, wo immer weiter dazu führen könnte, dass sie noch länger und andere Probleme drüber stolpern, weil das immer unübersichtlicher wird. Und das finde ich. Also dürfen wir kurz mal eine Frage aus dem Chat, da fragt nämlich der Fernsehtag erst, ich hoffe, er ist noch da, dass wir kurz mal das Thema, wir reden gleich noch weiter, aber er fragt, ich weiß, das ist der Tag 2, doch habe ich mal gefragt, wie vergleicht man die letzte Con mit der diesjährigen? So letztes Jahr zu diesjährige kleines Vergleich, was war eher letztes Jahr Thema? Letztes Jahr war eher, also letztes Jahr hat mich ein bisschen mehr gepackt, wie das Jahr, muss ich sagen zum Beispiel. Obwohl es gut war, gestern die was waren die Eckpunkte letztes Jahr, wo sie vorgestellt gehabt haben? Warst du das zufällig?
Also grob das, was wir im Laufe des Jahres bekommen haben, den Hangar, dass der eben selber für dich selber auch einladbar ist, dass Gegenstände verladen werden müssen. Ja, eher, sie haben eigentlich sehr viel auch über die Modi gesprochen, die Master-Modi waren da Thema. Sie haben da davon gesprochen, dass es ein Schadensmodell geben wird für die Raumschiffe, dass wir durchschlagenden Schaden bekommen werden in absehbarer Zeit. Wo sie ein bisschen schon teilweise umgesetzt haben. Teilweise, also viele Aspekte haben sie teilweise umgesetzt. Natürlich sind einige Dinge noch offen. Da wurde ja auch angesprochen, am Schluss hat das Chris Roberts gesagt, dass es im Laufe des nächsten Jahres kommen wird, was noch nicht bei der letzten Citizencon erledigt worden ist. Aber im Großen und Ganzen kann er das Spiel starten, wenn er jetzt dann 3.2.24 probiert, dann sieht er eigentlich vieles, was neu ist das, was sie letztes Jahr angesprochen haben. Also sie sind auf einem guten Weg, auf gut Deutsch. Sonst noch irgendwas als Eckpunkt, was wichtig war bei der letzten Con? Woran ich mich noch grob erinnere, ist, dass sie das Partikelsystem für Wolken und so weiter vorgestellt haben. Sie haben auch vorgestellt, war das nicht auch das mit dem Instanzierung, also Instanzierungsfalsche war das Meshing. Das Meshing haben sie auch gezeigt. Ich will das Wort nicht einmal erwähnen, weil es ist so streitsüchtig. Was, Meshing ist streitsüchtig? Nein, Instanzierung. Ich habe mich verbessert, also, aber dieses Meshing haben sie vorgestellt, wo sie das gezeigt haben, wo sie von Raum zu Raum gegangen sind und dann eine Waffe oder sonst was so dort gelegen war, wo sie wieder zurückgekommen sind. Also aber du, Röders, weil du Instanzierung gerade merkst, das fand ich Positive an der Station, was sie jetzt gezeigt haben. Ich habe nichts gehört von instanzierten Hangars. Das war, hat mir für mich so gewirkt. Ich bin stolz drauf, gell, ja. Nee, für mich hat es so gewirkt, wie wenn jeder Hangar für sich einzeln zählt. Jeder Ort auf der Station ist alles der Ort, wie es ist. Ja, es gibt keine Aufzüge und keine magischen Sachen. Ja, da finde ich wo du hin und her fährst. Die Station ziemlich gut. Ja, schon, oder? Ich fand die auch gut, eigentlich. Panzerverbot, Bauchgefühl. Also von mir aus war irgendwie, wahrscheinlich das Servo-Meshing hat letztes Jahr ein bisschen reingehauen, vom Bauchgefühl letztes Jahr irgendwie cooler wie dieses war, obwohl gestern das mit Squadron 42 auch ziemlich geil war, obwohl natürlich das letztes Jahr auch mit dem Squadron 42 ziemlich geil war. Und das gebe ich dir recht mit dem Meshing, weil das hat aufgezeigt, dass sie da in einem Bereich weitergekommen sind, zwar noch nicht komplett umgesetzt haben im Spiel, aber weitergekommen sind, um zukünftige Probleme aus dem Weg zu schaffen. Und das macht viel Spaß, vor allem in Bezug auf mehr Spieler auf der Plattform, also eben das Verse auf einen Server, weniger Verzögerungen, weniger FPS-Drops und lauter solche Sachen. Das stimmt also freundlich. Wichtige Grundarbeiten, die wir jetzt brauchen für den nächsten Schritt, sind erledigt worden. Wichtig. Ja, aber sind noch komplett umgesetzt? Nee, aber mittendrin ist immer noch besser, als nur einen Plan haben und nicht wissen, ob der überhaupt gehen kann. Eindeutig. Ja, und voriges Jahr war Squadron 42 ja ein Querschnitt. Da war ja kaum Gameplay zu sehen, sage ich jetzt mal. Und dieses Jahr halt, dass er den Prolog gespielt hat, das hat mich übelst gehypt, deswegen habe ich Geld ausgegeben. Ja, der Stream ist auch, also sie haben das Gameplay ist auch offen, das gucken wir jetzt nicht zusammen an, hätten wir vielleicht vor, weil gestern war es so lang. Aber ihr könnt auf jeden Fall auf YouTube, da ist hier der Link schon, könnt ihr wohl jetzt ohne wahrscheinlich die Abstürze angucken. Und also ich fand das auch sehr beeindruckend, da gebe ich dir voll und ganz recht. Wobei jetzt ja Chris Roberts stellvertretend für seine verschiedenen Firmen eigentlich immer in dem Bereich für Aufruhr gesorgt hat in den letzten Jahrzehnten. Ob das jetzt Wing Commander war oder irgendwas anderes. Ich kann mir auch noch an die Werbedinge erinnern für Freelancer, wenn ich mir durch. Das war auch ziemlich episch für die damalige Zeit. Was glaubt ihr bei dem Base-Building nochmal um das Thema, wie lange braucht das sind ja 4 Themen eigentlich, ne? Das Base-Building. Also für kleine Stationen, wieso 4 Themen? Naja, 3 kleine, also 3 Größenordnungen auf dem Planeten oder Monden und eine halt im Space, ne? Ja, aber ich meine jetzt mit der Modularität, dass man das halt auch größer, die sind glaube ich auch, dass schon noch kleinere Gruppen eine Space Station betreiben können, wenn sie dann gemeinsam mit anderen
Du meinst die Bodenstation. Ich glaube, die große Station, das ist wirklich nur für große. Das ist natürlich ganz fix. Und das hast du gesehen, da war ja der Horizont voll mit Stadt. Ja, aber also wenn du sagst, kleinere Gruppen zusammen mit anderen, ist es eine größere Gruppe. Ja, klar. Es ist bloß ein Zusammenschluss von mehr halt dann mehr. Und die kleinen Stationsdinger, die finde ich ganz reizvoll, wenn das jemand wirklich nachgehen will. Ich besuche euch gern, wenn ihr das machen wollt, aber ich selber werde es wahrscheinlich nicht machen. Ja, es kommt drauf an. Also ich finde, wie gesagt, das Crafting-System, das finde ich interessant. Da werde ich mich vielleicht reinfuchsen, definitiv. Gehe ich dich gern besuchen, aber ich bin kein großer Crafting-Fan. Doch. Crafting ist ja cool, das Leben der Grind. Ja, genau. Das ist ja auch in Ordnung, weil es ist doch gut, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, was? Ja. Gut, aber Jack, können wir noch ganz kurz einmal ein paar Bilder zurückgehen, dass ich das zusammenfassen kann? Wie weit zurück willst zum Referat, dass wir bei meinen anfangen. Bei meinen? Also erstens einmal, gestern haben wir gesehen, dass es extrem viele Mining Notes geben wird. Warte mal, wo war das angefangen mit Mining Notes? Nur 2 Bilder oder 3 zurück, das war nicht so viel. Das letzte war mal bei der Waffe, glaube ich, davor. Ja, bei der Waffe war mal, genau. Und da halt dann eben, dass du je nachdem, was für Material du einsetzt, dann eben verschiedene Integrität, Gewicht, drauf hat es Einfluss. Eben Integrität ist, wie lang sie hält wahrscheinlich, oder? Korrekt, ja. Ja, Durability, oder wie das heißt, ja, Haltbarkeit. Halt. Ja. Und dann das Kupfer, was da hat irgendwie die Feuerrate beeinflusst. Ja, genau. Aber minimal, na gut, das... wie gesagt, wenn man kräften will, ist es natürlich. Aber ich finde es halt interessant, vor allen Dingen dadurch, je nachdem, was für nicht nur Qualität, sondern was auch für, so habe ich es verstanden, was für Materialien du da reinpackst, kannst du verschiedene Stats sozusagen hochpumpen. Ja, cool. Du kannst halt beeinflussen. Es gibt ja schon in vielen Spielen was Ähnliches, dass du einen Lauf in einen besseren Lauf austauschst und dadurch hast du jetzt eine Steigerung in irgendeinem Bereich. Das gibt es ja in vielen Spielen schon. Ob das Tarkov ist oder Style-Elite oder was weiß ich. Das ist ja nichts Neues. Ist okay, ich finde es halt genau ähnlich wie Jack. Mir gefällt es halt nicht. Mein Gott, okay. Es spornt halt so kooperativen Handeln an. Wenn ich eine gute Not gefunden habe und für einen Teil einer Waffe noch ein anderes Material brauche ich ja eigentlich das gute Material auch noch von dem anderen. Dadurch wird halt Interaktion angeregt, da finde ich eine Lösung oder auch nicht. Das gebe ich dir recht, dass das natürlich auch Potenzial hat für Miteinander spielen, gegeneinander spielen und so weiter. Also Gameplay schlechthin. Ja, Gameplay. Das ist solides MMO-Gameplay, was ich hier sehe. Ich habe halt in vielen Spielen in der Vergangenheit schon festgestellt, dass manche Menschen wirklich garstig werden können, wenn sie vor etwas überrascht werden, wenn sie was nicht erreichen können, aber wenn ihnen was vorenthalten wird oder sonst irgendeine Einbildung entsteht. Das ist ein Teil vom Gameplay halt auch. Das ist die Schattenseite leider, ja. Da sie es ja so viel anders und neu machen wollte und mir das nie vorkommen ist, ähnlich wie Jack, dass die in die Richtung gehen wollten, hat mich das jetzt auch ein bisschen überrascht, ein bisschen ins Negative. Was daraus jetzt schlussendlich wird sich ja nur durch die Zeit zeigen, ob das wirklich so relevant wird oder ob das nur eine zusätzliche Kleinigkeit wie ein Gimmick ist oder so, was keine grundsätzliche Relevanz. Wenn es für dich persönlich nicht notwendig ist beim alltäglichen Spielen, hat es halt nicht so die Rolle, auch wenn andere Leute den ganzen Tag nichts anderes machen. Moment, das ist mir schon klar, aber ob das jetzt aufs Gameplay schlechthin eine merkbare Relevanz hat, das wird sich dann zeigen, wenn das Spiel rauskommt und wenn sie es integriert haben und wenn das Balancing stattgefunden hat und so weiter. Wie gesagt, so ein Balancing wie in Counter-Strike kann es in Starcitizen nicht geben. Es kann nicht das perfekte PvP-Spiel werden. Es gibt überhaupt kein perfektes PvP-Spiel. Es muss ein Kompromiss finden mit dem PvE, mit non-kompetitiv und sozialen Spielern. Es gibt kein perfektes PvP-Spiel.
Hat es noch nie gegeben. Abgesehen davon hat man auf den einen Bild gesehen, wo man halt den Bauplan upgraden kann von Tier 1, Tier 2 und so weiter, dass sowieso der Markt von billigen Waffen am Anfang sowieso erstmal überflutet wird. Das wird eine Verbrauchsware. Ja, das mit dem Tier mag ich eigentlich überhaupt nicht. Also entweder du hast einen Bauplan, wo du mit, weißt mir hätte, also das mit dem Tier hätte es überhaupt nicht gebraucht. Also entweder du hast die Waffe, was weiß ich, die S71, kannst du bauen oder nicht. Punkt. Ich mach da halt Unterschied. Und also ich hätte es gut gefunden, wenn sie einfach dabei geblieben wären, gesagt haben, okay, die Qualität vom Material verbessert sich ein bisschen und dann ist gut. Aber Tier 1 und 2 und 3 sagt mir aus, dass der Unterschied zwischen Tier 1 und Tier 3 schon relativ groß sein muss. Eine technische bemerkbare Relevanz hat. Ja, das ist, aber du kannst es so sehen. Es ist halt ein Unterschied, ob du von Ikea ein Regal zusammenschraubst oder ob du ein Zimmermann bist. Nein. Das kannst du so nicht vergleichen. Ja, doch. Nein. Du musst vergleichen, das ist das gleiche Teil. Wenn du bei Ikea einen Schrank kaufst, ist es ein Schrank von Ikea, wenn du einen Schrank von Ding hast. Das ist wie wenn du Misk oder Ding kaufst. Aber nicht, wenn du aber eine Waffe von Volt, oder von, jetzt nehmen wir, was haben wir denn für Waffenhersteller im Spiel? Aber du gehst doch auch nicht zu einem Maler, wenn du zu einem Maurer gehen könntest, um dir eine Wand hochziehen zu lassen. Das meine ich ja damit. Das ist doch nicht, die Tier sind ja nur mit deinen, du kannst es ja gleichsetzen mit Erfahrung in diesem Beruf. Das heißt, ist doch klar, aber wir reden doch immer wieder vom selben. Tech, ähnlich wie ich, sieht es als Hindernis. Entwicklung vom Spielfigur, wo früher immer gesagt worden ist, der Spieler ist der, wo sich die Fähigkeiten aneignen muss, nicht sein Avatar. Und Jack, genau wie ich, sieht es ähnlich, dass das eine Verbesserung vom Avatar direkt ist. Auch so habe ich das richtig verstanden. Und dass man jetzt von außen das nicht sieht, weil das ja Avatar Fähigkeit ist das falsche Wort, aber Relevanz hat für den Avatar und nicht für den Spieler. Weil der Spieler, ob der schlechter oder besser ist, hat ja nicht auf die Verbesserung durch seine Waffe, die man nicht sehen kann, von außen. Ja, also ich denke immer noch, dass der Skill größtenteils Erfolg ausmacht. Nur weil du ein besseres Equipment hast, bist du nicht automatisch erfolgreicher. Ich auch. Nur ich sehe halt ein Problem, wo kommen könnte, und darum hätte ich es am liebsten gar nicht gehabt, weil man das von vornherein vielleicht weglassen könnte. Es gibt halt die Tendenz, ganz ehrlich, der Eskalation. Und am Schluss herauszeigen wird, wie sie es dann im Spiel überhaupt integrieren und welche Relevanz das hat, wo man jetzt noch nicht sagen können. Es wird die Relevanz haben, dass die besten Spieler, die am besten mit der Maus umgehen können, wahrscheinlich auch die besten Rüstungen haben werden und es doppelt schwer wird, als Noob sie zu besiegen. Das stimmt aber nicht zwingend. Ich weiß nicht, warum sollten die schlechteres Zeug verwenden? Durchschnittlichen oder spezialisierten Spieler hast. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, was ihr befürchtet ist, dass ich halt mit dass ich ja mit einer Top Power Armor halt durch das Schlachtfeld laufen kann und mir passiert nichts. Das wird eher nicht passieren. Also ja, das ist ja sowieso die andere Unterteilung. Die haben ja die schwere Rüstung gestern gezeigt. Also es gibt ja spezielle Rüstung, die halt unbeweglicher ist und das Ding ist. Was mich halt an dem, wie gesagt, ich kann es gar nicht richtig erklären, aber das Tiersystem stört mich halt deswegen, weil dann sollen sie andere, dass du hast die gleiche Waffe in der Hand, sieht nicht anders aus, macht nichts anderes, gleicher Hersteller, gleiches Ding. Und ist denkst, du hast was vor dir, was es aber nicht ist. Genau wie eine leichte Rüstung, wo aber fast an eine mittlere oder vielleicht sogar teilweise eine schwere Rüstung rankommt. Und du siehst die leichte Rüstung, du siehst aber nicht das, was dahinter steht. Genau, aber wenn sie es so gemacht hätten, zum Beispiel, jetzt Beispiel aber Rüstung. Macht das doch keinen Unterschied. Du kriegst doch, keine HP-Anzeige. Ziel. Ja, eben, das hast du ja eh nicht später, kommt ja das Ding. Drum war ja das wichtig, dass du, wenn du so eine leichte Rüstung gesehen hast von dem Hersteller, da hast du gewusst, die leichte Rüstung vom Hersteller A hat diese Fähigkeiten. Das hast du wissen können. Jetzt wird die Fähigkeiten und Aspekte werden manipuliert durch die Tier. Jetzt
hast du ein ganz falsches Verständnis davon und wirst plötzlich vor Sachen überrascht oder musst ständig damit rechnen, dass dir jemand gegenübersteht, wo etwas anhat, was nicht nach dem konventionellen Eckdaten ist. Ich glaube, das pendelt sich ein. Ich meine mal, irgendwann tut sich... Ich glaube schon, dass man da mit Scanner-Technik, wenn man nah genug rankommt, dann Farbcodes einbauen könnte, um das zu visualisieren. Kurz prinzipiell ist die Kritik gut, finde ich. Kleines Beispiel, wo ich das sehr kritisch finde, zum Beispiel. Jetzt haben wir eine Rüstung. Eine Rüstung ist hergestellt. So, ich hätte es gern so gehabt, jetzt nur wie es ist. Wenn du die verbesserst mit Materialien, erstens, dass du das erkennst, zweitens, dass die vielleicht schwerer wird oder dass du das siehst, weil sie dicker ist. Also, dann ist es aber nachher eine andere Rüstung. Das ist der Punkt. Also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Rüstung baust, eine Grundrüstung und dann zum Beispiel Features dran haust, wie zum Beispiel bessere Platten oder so, oder stärkere Platten, dann verändert sich die Rüstung. Das tut's halt bei dem System nicht. Und das stört mich. Das heißt, du hast eine Waffe, die eigentlich besser ist, obwohl sie die Standardwaffe ist. Da kann ich dich beruhigen, weil ich glaube, ihr zaunt das Pferd von hinten auf, weil am Ende wird jeder mit Tier 3 rumrennen, das kann ich dir versprechen, und dann überrascht dich eher, dass du mit einem Schuss jemanden umgebracht hast, anstatt mit 2. Wie sich das Ganze entwickelt mit diesen der hat ja auch eine bessere Rüstung an. Habe ich nur bedingt eine Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil was sich da draußen entwickelt und ich denke, wenn ich jetzt eine große Orga habe zum Beispiel und ich kann einen Haufen Leute in der Gegend rumrennen lassen, die Zeug finden können, dann könnte ich theoretisch, wenn ich erstmal eine gewisse Menge an Blueprints habe, ja quasi so, das ist für meine Orga, da lasse ich keinen anderen ran. Ja, aber genau das ist Gameplay, das ist normales MMO-Gameplay. Nein, das ist kein Gameplay, weil das Gameplay ist ja schon da, indem du die Firmen hast, wo die Waffen und Rüstungen herstellen. Nein, das ist ja schon das Gameplay kommt dadurch, dass du das so verwendest. Das musst du einen Loop haben. Nein, wenn du ein neues Schiff holst oder ein Schiff kaputt ist, hast du auch einen Loop. Du brauchst nicht zwingend sowas Ähnliches wie Tiers oder so. Das ist nicht zwingend notwendig für den ganzen restlichen Spiel. Ich glaube, sie wollen einfach ein tieferes Crafting-Gameplay uns ermöglichen. Sie wollen uns die Möglichkeit geben, wie bei Ultima Online. Das ist das Arche-Spiel, wo du alles, was du gesehen hast, auch craften konntest. Ja, und sie haben auch schon mal vor Jahren gesagt, dass sie eben diese konventionellen Herangehensweisen brechen wollen mit denen. Und jetzt tun sie doch wieder... Ja, aber es hat ja primär mit dem Material zu tun. Es ist doch egal, ob darf ich mal Material ist oder ob ich mir das durch magischen Einfluss vorstelle. Ihr seid so ein bisschen Ding, aber ganz kurz, Matthias, du bist doch da, gell? Ja. Du spielst doch das eine Spiel Tarkov, ne? Tarkov spiele ich, ja. Genau. Kann ich mal ganz kurz Ding, wie da das... Also ich mag nicht, wie das dargestellt ist, da Tarkov... Ding, aber vom Prinzip her, wie farmst du da oder wie craftest du da? Da ist es anders. Also da hast du hast keine Tiers, du hast keine unterschiedlichen Materialienqualitäten, da ist alles gleich. Also du findest das Item, du baust es in die Waffe rein, du musst halt, das muss in die Waffe reinpassen, vielleicht brauchst du noch irgendwelche Attachments oder sowas dazu, oder du findest die Munition, oder du kannst die Munition bis zu einem gewissen Grad selber craften im Ding. Aber dafür brauchst du alles die gleichen Sachen. Es gibt keine Tiers, es gibt keine verschiedenen Materialienqualitäten. Genau, und das System so ähnlich habe ich es eigentlich immer für Star Citizen gedacht, weil das, was jetzt reinkommt, das Crafting-System, also das mit den Tiers und mit Ding, das ist zu arg. Du musst gewisse Dinge craften, damit du dein Level an Crafting verbesserst. Also du wirst Dinge bauen, die du eigentlich gar nicht... Es gibt keine Level in dem Spiel. Die Balance funktioniert bei diesem System nicht hundertprozentig. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist der Punkt. Das ist die Schattenseite, aber auf die haben wir ja schon festgelegt, dass sie so ist. Da wird sich ja nichts mehr dran ändern jetzt. Ich glaube, ihr seht das alles viel zu kompliziert. Nee, ihr seht das alles viel zu kompliziert. Es wird sich so oder so als Standard im Verse durchsetzen und es wird vermutlich alles dieses Tier 3 sein. Die haben bis jetzt gerade nichts gesagt von einem Cap. So gesagt, wenn diese Ressourcen zufällig sind, das haben sie gesagt. Bedeutet das, dass du irgendwann mal zu einem Punkt kommst, wo die Ressourcen einen Wert haben, der dir lächerlich hohe Werte auf die Waffen gibt, zum Beispiel. Irgendwann verschwinden die Ressourcen ja auch mal wieder, sind abgebaut, keiner hat sie mehr.
Ergo, er kann diese Waffe nicht mehr erreichen. Dann hat die gewisse Mannschaft, kann eine ganze Ork sein, können einzelne Leute sein, Waffen, die extrem stark sind, kommt durch einen PvE-Content jetzt zum Beispiel ohne Probleme durch. Die Entwickler gucken sich das ganze Tag lang an, denken nicht darüber jetzt nach, dass die Waffen jetzt vielleicht ein bisschen zu stark gewesen sind, die sie haben, passen den Content an und alles, was danach kommt, kann den Content nicht mehr machen. Das ist das große Problem dabei und das ist das, was auch schon gegeben hat. Das glaube ich eben eher nicht, weil Ja, das haben viele nicht dann geglaubt müssten und das hat sich aber bewahrheitet. Ja, da die aber Waffen dann auch kaputtgehbar? dann müssten aber auch die Ressourcen endlich sein im Burst und das wird Die nicht sind sie ja passieren. auch. Das hast du ja daran gesehen, dass du nur eine gewisse Menge mit einer gewissen Quantity hattest. Haben sie selber auf den Bildern gezeigt. Ja, an einem Ort, aber weißt du, wie das groß wächst ein ja nach. Asteroidengürtel ist? Kannst du dir vorstellen, wie viele Jahre man da im Kreis fliegen könnte? So, wenn da 5000 Leute drin sind, dann ist das nicht sehr lang. Ja, naja. aber selbst wenn es nicht passiert, das, was Ziel ist, stört mich ja auch. Wenn dann plötzlich alle bloß so mit dem Tier 3 rumlaufen, ist auch scheiße. Dann hat es ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Da hat es bloß Ja, doch, vorübergehendes du hast Gameplay Leute- geschaffen, wo nicht mal zwingend notwendig war. Ja, du hast aber Leute beschäftigt für die Zeit. Darum Ja, geht sicher, es du doch hast bei Leute beschäftigt, MMOs. aber sollten sie nicht vielleicht anderen Content reinbringen, als durch so eine Mechanik, die nicht zwingend notwendig ist und vielleicht sich selbst erledigt irgendwann einmal, zu machen, sollten sie eine Gameplay, wo nachhaltiger ist, machen oder verbessern? Ja, aber was willst denn du für großartigen Content noch reinbringen? Ich meine mal, du hast Mining drin, du hast Salvaging drin. Irgendwas muss ja mit den Ressourcen passieren. Und da ist halt so ein Crafting-System gar nicht mal so doof. Ja, aber das, was sie jetzt verwenden als Crafting-System, hätte man auch anders handhaben können. Ja, das ist vielleicht noch nicht final. Man kann es auch ganz anders machen. Man muss ja nicht unbedingt die Stadt irgendwo verbessern. Man hätte auch hingehen können, dass deine Ressourcen bzw. deine Items relativ schnell zerstört werden und die NPCs nicht mehr hinterherkommen zum Herstellen. Also der Spieler das auch machen muss. Was will er nicht? Zum Beispiel, du könntest auch machen, dass du, wenn du ein bestimmtes Material hast, weniger Material von der Sorte brauchst, um die gleiche Waffe herzustellen mit den gleichen Stats. Also hast nicht 400 Micro, sonst was brauchst, sondern bloß 250. Ja, wenn der Erfahrung ist zum Beispiel, ja. Also ich finde es cool, dass Sie erwähnen, dass wir vielleicht auch Customisierungen mitproduzieren können. Das können dann die Orga-Farben sein, das wird dann vielleicht in weiterer Folge auch ein Logo sein oder andere Dinge, die man Dinge wieder ein bisschen einzigartiger machen. Und dann könnte es dann schon sein, dass dann diese gelben Waffen, die sind dann schon Org irgendwie. Moment. Sich das dann Lackieren durchgesetzt von hat, das Raumstation und im Namen draufschreiben und Logos draufklatschen, das ist ja was ganz anderes als das Tiersystem von Waffen. Ich weiß, aber ist es auch ich finde ein cooler Aspekt, der vorhanden ist. Ja, aber verknüpft es bitte nicht, trennt es. Also ich finde es auch ein sehr cooles Ding, dass wenn ein Orga jetzt eine Station aufbaut, die Station selber einen gewissen Touch geben kann, einen eigenen Namen kreieren kann mit Logos und sonst was, dass sie ja einmalige Präsenz in Verse hat. Finde ich auch toll, absolut. Ich finde das mega cool. Aber gehen wir die Folien durch, weil das Thema mit den Waffentiers, ich bin mir sicher, die Kritik ist klar von allen verstanden. Wir müssen uns ja nicht einigen auf irgendwas, oder? Nö, das ist, ich finde es halt nur nicht so wilde, sagen wir es mal so. Ich glaube, es ist einfach dann nicht mehr so interessant, weil wir werden das weiter beobachten, das Thema. Ja, ich finde halt eben gewisse Missionsketten problematisch werden vom Schwierigkeitsgrad her, ist ein Thema, das wir auf alle Fälle im Hinterkopf behalten sollten. Worauf ich eigentlich eigentlich gehen wollte, ist halt das Bild, was Jack noch offen hat. Da siehst du unter jetzt ist das Bild weg. Ach nee, sehr schön, hat er groß gemacht. Genau, Frame Aluminium, da wird die Integrität erhöht, aber das Gewicht geht das runter oder? Ja, runter ist gut. Genau. Runter ist gut, weil es leichter wird. Genau. Und die Feuerrate wird bei Kupfer fürs Verkabelung erhöht. Und jetzt habe ich eine interessante Idee.
umso verschiedene Materialien benutzt, wenn du jetzt statt Aluminium Titan nimmst, dann erhöht sich zwar das Gewicht, die Integrität geht vielleicht noch höher, und wenn du anstatt Kupfer, was weiß ich jetzt, irgendein Halbsilikat benutzt oder so, dann geht die Fire Rate höher. Ja, also dass du da halt... Du hast halt unterschiedliche Blueprints dann für unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Baupläne. Ja, genau. Ich frage mich bloß jetzt mal immersiven Punkt. Also, das machen andere, weiß ich, bei Crafting, aber wieso geht, wenn man das Material, also nur logisch rumgedacht, also ein Grund, also das muss ja nicht echt sein, aber das muss zumindest nachvollziehen. Wieso geht durch Copper die Feierrate hoch? Wahrscheinlich, weil der Auslöser elektrisch ist und Kupfer halt schneller als, keine Ahnung, was wir davor verbaut haben. Es gibt Geschwindigkeiten durch Materialien prinzipiell, aber es ist natürlich ein bisschen Fantasy-Check, wirklich. Ja, aber für mich macht es eher Sinn, zum Beispiel die Überhitzung, dass du länger schießen kannst. Das würde mich Sinn machen, aber nicht Feierrate. Du brauchst ja nicht viel erklären oder Physik diskutieren, sondern die gehen einfach her und sagen, zuvor hast du jetzt irgendein anderes Material drin und Kupfer ist besser geeignet, um dieselbe Funktion zu erfüllen, und dadurch hast du einen Mehrwert. Indem du das Material austauschst. Und der Mehrwert besteht darin, dass du halt jetzt eine Feuerrate von 100% auf 110% steigern kannst, weil das Material dankbarer ist, weil das Material besser ist. Das ist die ganze Erklärung, mehr brauchst du nicht. Das ist jetzt meine Frage. Sind die Blueprint mit den Materialien fest, weil hinten, das ist ja leer, da kannst du anscheinend irgendwas reintun. Und das ist jetzt halt meine Frage. Kann ich das Alu, wenn ich die Blueprint habe für die Pistole, kann ich da verschiedene Materialien reinmachen oder muss ich das reinmachen? Jetzt kommt es ja drauf an, das haben sie explizit angesprochen, wie der Blueprint aufgebaut ist. Ist das jetzt der Blueprint nur für die Waffe, dass du weißt, wie du eine Waffe bauen musst und du selber dann ausprobieren kannst, mit welchen Materialien du jetzt bessere Effekte rauskriegst? Genau, zum Beispiel um meinen Spielstil. Ich brauche mehr Feuer, also ich brauche mehr Durchschlagskraft, also gehe ich auf Durchschlagskraft, oder die Knarre soll halt schneller schießen oder sowas. Ich weiß, was du meinst. Also das haben sie ja nicht explizit gesagt. Ob du jetzt nur einen Bauplan kriegst und dann die Materialien selber ausprobierst, oder ob du einen Bauplan kriegst, wo alles vorgegeben ist. Darauf sind sie nicht näher eingegangen, und das lässt sich aus den Blättern auch nicht erkennen. Ja, das hätte ich gerade interessant gefunden. Ja, ich auch, aber weil das ist ja relevant. Ja. Weil das würde ja theoretisch jetzt auch noch das Crafting um etliche Stufen erweitern. Ja, vor allen Dingen halt, du kannst halt deinen Spielstil anpassen, zum Beispiel... Ich sehe schon die ersten Waffentechniker, wo dann im Starcitizen bloß am Labor sitzen und verschiedene Materialien ausprobieren, um eine legendäre Waffe zusammenzubekommen. Ja, natürlich. Für Scharfschützengewehr wäre halt Geschwindigkeit um einiges und Durchschlagskraft einigermaßen effektiver als Nachladegeschwindigkeit. So meine ich das halt. Das nächste Bild, was hier kommt, ist ja das, was ich vorher angesprochen habe mit den Tierleveln. Ich finde den Unterschied, also das ist wahrscheinlich nur ein Beispiel, aber finde ich schon extrem. Das ist extrem, das Beispiel, Jack, du hast vollkommen recht. Also wenn sie bei so Werten bleiben, finde ich das zu extrem. Also das ist... Also ich denke mal, die Zahlen sind jetzt nur Füller. Ja, Platzhalter, denke ich auch. Platzhalter, weil wenn du durch eine leichte Ummodellierung von Materialien solche Erhöhungen in 3 das ist nicht Material, das ist Tierlevel. Tierlevel, das hat nichts mit Material zu tun. Nein, aber du brauchst das entsprechende Material auch noch dafür, damit die Waffe durch die verschiedenen Materialien auf einen anderen Tier. Du brauchst neue Materialien, je nachdem, das bringt dich auf eine Reise durchs Verse, weil du möchtest dann die besten Materialien dann zusammensammeln für ein höheres Tierlevel. Der Hintergrund das ist Gameplay für Kraftcheck, das ist nicht, um dir böse zu sein. Moment, Ziel, bist du meiner Meinung, das Tier ist ja davon abhängig, welche Materialien du kombinierst, dann kriegst du ein anderes Tier, korrekt? Nee. Nein, Sie haben in dem Beispiel erklärt, dass man für jedes Tierlevel dann weitere neue Materialien braucht, weil sonst kann man da nicht weitermachen. Dann muss man sich auf die Suche machen oder einkaufen. Also ich habe so verstanden, dass dein Blueprint sich erweitert auf Tier 2, wenn du das oft machst. Ja, aber du musst gewisse Dinge machen. Genau, und dann brauchst du halt gewisse Gegenstände.
Das ist jetzt, da gibt es jetzt genau, das gibt's jetzt genau zwei Möglichkeiten, was das Tier angeht. Entweder werden die Grundstats erhöht, so wie das jetzt hier aussieht, oder aber der Bauplan ändert sich sozusagen. Du kannst Tier 1 nur mit Alu und Kupfer machen und für Tier 2 Waffen brauchst du halt dann zum Beispiel Titan hochwertiges Aluminium. Du brauchst hochwertiges Kupfer. Und Silikat. Du brauchst anderes Material einfach. Nein, Ja. Teilweise auch einfach nur besseres Kupfer. Es ist doch anderes Material. Erklärt. Ja, du brauchst einfach andere Komponenten. Für Tier 2 und für Tier 3 brauchst du wieder andere Komponenten. Ob die nah dran sind oder nur ein bisschen verändert sind, ist ganz egal. Da ist jetzt der wichtige Punkt. Das Material kommt von der Quelle. Du kannst nicht durch Verarbeitung es besser machen. Ja, aber gebe ich dir recht. Aber das war doch die Diskussion und der Ansatz, ob diese Tiere auf diesen veränderten Materialien beruhen oder ob der Bauplan selber irgendwie ein Tier in sich hat, wo dann der Bauplan sich steigert aus irgendwelchen Gründen. Nach dem Motto, du hast jetzt 100 Knarren gebaut, irgendwo war das, Genau. das als Quest. Du hast jetzt 100 Knarren gebaut, du kennst dich besser aus, deswegen jede weitere Waffe, Knarre die du war baust. dann nur 10% besser. So ist es, Genau. ich glaube, das war halt so irgendwo gezeigt, dass es so ist. Sie haben uns gezeigt, wir müssen 3 Dinge bauen mit einem Material, damit wir mit dem nächsten Material Dinge bauen dürfen. Ja, das haben sie uns gezeigt. Nee, darunter war einmal, du sollst eine Knarre bauen mit einer Feuerrate über 1000 Millimeter pro Sekunde und dann sollst du mindestens 100 Knarren bauen. So war das. Da war irgendwo ein Bild. Und so ein Ansatz gefällt mir gar nicht. Für den Crafter jetzt nicht so arg, ehrlich gesagt. Das ist, Jack, ich kann dich da verstehen, aber wie gesagt, ich denke immer, Meistermaler ist immer noch besser als ein Azubi. Deswegen kann ich das nachvollziehen für mich jetzt aus meinem MMO-Wissen. Ja, aber das ist reines, stupides Arbeiten. Du haust 1000 Dinge raus, das ist ja stupider Vorgang. 100. Und hat mit spielerischen Fähigkeiten, also vom Spiel her ja gar nichts zu tun. Du kriegst Nein, hat es eben sehr wohl, weil du musst diese Materialien im Verse ja finden und im Idealfall baust du sie selber ab. Du kannst sie genauso gut kaufen. Ja, da brauchst du aber Credits dafür. Du kannst die auch von deiner Orga dir geben lassen, damit sie dich pushen. Es ist nicht, deine Fähigkeit als Spieler ist nicht zwingend dafür nötig, dass du da einen Mehrwert generierst. Das ist richtig und ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, die bauen dann, wenn du das halt zusammenknüppelst, tun die ein Minispiel mit Reaktionen so reinbauen, weil dann hätte ich gesagt so, okay, es ist mir egal, wer das macht, ich kaufe mir dann halt eine Knarre. Ja, solche Minigames verhalte ich so ziemlich für das hätte ich verurteilt. Obwohl hätte ich sogar besser gefunden, wie jetzt das, was sie hier machen. Oh nee, das ist grausam. Das aber grausam. Diese Minispiele sind irgendwann nach einem gewissen Zeitraum einfach nur nervig. Aber ich kann zum nächsten Bild. Ich kann Jacks Standpunkt verstehen, sagen wir es mal so. Nächstes Bild, das war das nächste hier, jetzt kommt das mit der Unterschied bei den Quantum Drives, also das war schon auch arg. Der war krass, der Unterschied, ja. Dass Items auch besser funktionieren, wenn sie mit besseren Materialien gebaut sind. Und Schiffe, und der sagt Schiffe bis zu Tier 5. Okay, das habe ich sogar überhört. Warte, ich habe hier die Folie, kann ich schön schicken. Machst du ins Discord rein? Ja, und ich mach sie da ins Discord rein. Was soll ich sie in irgendeinen speziellen Kanal reinmachen? Ja, bei Citizencon, da wurde Röders auch unten dran rein. Und Echtgeldschiffe sind Tier 1. Nichts, was reinposten kann. Das ist doof. So ist wahrscheinlich, ja. Ich glaube, die größte Frage eigentlich bei diesem Crafting-System ist halt, wie weit verbreitet sind die Blueprints? Gibt es unique Blueprints, Legendaries oder sowas? Oder haben Sie darüber gesprochen? Ja, gesagt, wird es geben. Oder meinen die bei den Schiffen Tier 5 die Größe von dem Schiff? Tier 5, er redet ja gerade von dieser Qualität. Dieses Upgrade quasi. Du kannst ja dein Schiff, was du mit LT gekauft hast, wirst ja dann auch auf Tier 2 upgraden können. In dem Dings drin. Du kannst das, was du schon hast, das kannst du dann um das upgraden. Im Prinzip tust du halt die Hülle austauschen gegen bessere Materialien. Wenn man es jetzt mal so... Ja, also mit den einzelnen Komponenten kannst du machen und mit dem ganzen Schiff kannst du machen. Armor Plates bitte nicht vergessen. Naja, und sag ich dann,
ist schon krass. Also davon haben sie ja früher schon gesprochen. Da haben sie letztes Jahr schon gesprochen von, dass du, oder schon viel früher schon gesprochen, dass du verschiedene Schiffe hast, die unterschiedlich performen. Obwohl es das gleiche Schiff ist. Das schaut zwar gleich aus, aber performt halt ganz anders. Aber ich hätte gehofft, dass sie das über verschiedene Komponenten machen und nicht das gleiche. Die man auch nicht sehen wird. Ja? Die würdest du auch nicht sehen können von außen. Doch, die kann man ja einbauen. Ganz ehrlich, der Schlüssel für diese Problematik ist meiner Meinung nach die Scan-Mechanik. Und die wird mega cool werden und ausgeklügelt. Und wahrscheinlich wirst du extra gezielt scannen können, welchen Tier an Waffen hat er. Weil die verwenden dann andere Materialien und die kannst du ja scannen und detektieren. Das für Schiffscannen bin ich da auf deiner Seite. Schiffscannen ist schon ein Game. Nicht nur Schiff. Ist im Game ja schon vorgesehen. Aber auf eine Person diese anzuwenden, in einen PvP-Kampf, vergiss es. Sie haben uns versprochen, dass wir die Inhalte der Taschen scannen können, wenn wir jemanden mit Bounty Hunter Missionen festnehmen. Also sie werden auch kleine Scanner, die komplexe Dinge können, in das Spiel einbauen. Probiert es bitte mal in einen BVB-Kampf. Bitte? Probiert es in einen BVB-Kampf. Nicht, wenn du jemanden festgenommen hast. Das ist ein riesen Unterschied. Ja, aber da ist ja jetzt beim Schiff sogar noch schlimmer, wie beim Personen, weil du hast die Komponenten, die kannst upgraden, dann hast die Hülle noch. Das heißt, was du da von Unterschied rausholen kannst, wahrscheinlich zwischen Tier 1 und 5, wenn du alles Tier 5 hast zu Tier 1, das finde ich halt, das war für mich immer nicht Star Citizen. Da kommt auch wieder das Balancing-Part rein am Ende. Ja, das ist schwierig. Also, Upgraden hat er gesagt, ich habe es mir gerade nochmal angehört, er hat nicht gesprochen von Upgraden, er hat gesagt, du musst das Ding neu craften. Okay. Wenn du das nächste Tier hast. Also somit wird dann auch dein, wahrscheinlich das, was du, die Schiffe, was du mit LTI hast, werden dann irgendwann nicht mehr da. Aber das haben sie uns ja auch versprochen, dass dem irgendwann so sein wird, oder? Ja, du verlierst sie zwar nicht, du hast sie immer, du kannst immer mit denen starten, aber irgendwann bist du am Punkt wahrscheinlich, wo du eigentlich viel höhere Sachen brauchst. Oder haben möchtest. Also ein Problem, okay, das ist das einzige Problem, wo das System löst, wo ich gut finde, dass es die Schiffe ein bisschen ersetzt, aber doch, du kannst ja die Ausrüstung innen drin kannst ja. Ja, die Ausrüstung kannst du auch, mit allem geht es jetzt, also dann, wenn sie das drin haben. Mit Schiffen, mit den Schiffskomponenten, mit den Waffen, mit deinem Body Armor, alles, was du so craften kannst halt dann. Ja, wahrscheinlich die Hülle kannst du ja auch austauschen bei deinem Schiff. Ich glaube, dann kannst du es auch hoch. Ja, deswegen brauchst du musst du es neu craften, das Schiff. Du brauchst neue Materialien, mit denen hast dann wieder neue Stats oder so. Ja, aber du kannst es, glaube ich, an deinem Schiff anwenden, Matthias. Du kannst es, glaube ich, an deinem Schiff anwenden. Du kannst ja die Hülle runtertragen und eine neue drauf tun. Das soll ja später auch gehen. Die Armor Plates kannst du austauschen, aber die sind dann nicht versichert wie dein LTI-Rest. Genau. Du kriegst, wenn das du kannst sie wieder neu versichern. Ja, das stimmt. Das Schiff kriegst du dann immer so zurück wahrscheinlich. Da musst du es ingame und das ist dann ein späterer Punkt, der kommt noch. Dass du ingame die Sachen dann versichern kannst auf verschiedenen Levels. Das haben sie ja gesagt, ja. Das haben sie ja gesagt. Also das ist auch ein Punkt von 1.0 dann. Ja genau, Nordisch Meat. Das ist das, was mich stört. Die Immersion und authentisches Game, der hat das nichts mehr zu tun. Ja, das finde ich, wie gesagt, das geht zu weit alles Richtung. Der einzige Vorteil jetzt, wenn die Grundschiffe, dass die einfach, die LTI-Schiffe, dass die Schiffe was wert sind, wenn sie noch nicht abgegradet sind. Aber ich habe gehofft, dass sie das halt durch verschiedenes Equipment, verschiedenes Ding lösen und vielleicht viele Bestandteile, die da an den Ausrüstung anpassen kannst. Aber das Anpassung. Nee, es hieß immer eher Anpassung an deinen Spielstil und nicht grundlegende Werte anpassen. Also ich habe das eher immer gesehen, du passt dein Schiff mit der Ausrüstung so an, wie du willst. Du machst andere Thruster rein, die vielleicht schneller sind, dafür nicht so viel Kraft haben oder was weiß ich. Aber nicht, dass du jetzt aus dem gleichen Schiff fast ein neues Schiff machst. Und das machen die Tier-Levels.
Die machen du eigentlich... kannst eine bessere Version vielleicht sogar von deinem eigenen LTI-Schiff bauen, selber, als du sie im Store beim PCs kaufen oder würdest. Das du müsstest ja, dir aber die aber Arbeit machen das und ist die nicht dein Materialien LTI-Schiff. auftreiben. Die Mats. Das ist, Bei MMOs das ist ist ein nicht dein, übliches Konzept. das ist aber, das ist also dein LTI-Schiff wird irgendwann irrelevant. Du hast dadurch nur noch, also die Schiffe, die wir gekauft haben, das ist ein Headstart, mit denen du anfangen kannst. Ja, das hatten sie ja früher auch gesagt, dass die irgendwann obsolet werden. Also, Ja, der dann sein eigenes Schiff craftet, der nur mit einem Schiff spielt und dann das ständig verbessert, der hat, wenn du viele Schiffe hast und du immer mit vielen anderen Schiffen spielst, bringst du kein Schiff so weit wie einer, der nur mit dem einen Schiff spielt. Weil er sein ganzes sich darauf konzentrieren kann. Der ganzen Spielfortgang, was sie dafür investieren. Ja, aber und das ist deswegen, das nimmt diesen Pay-to-Win-Aspekt, was vorher Anna angesprochen hat, dann wieder raus. Ja, komplett. Und das ist cool. Und wie gesagt, ich sehe das auch gar nicht mal so kritisch, sag ich mal. Vor allen Dingen mit den Waffen. Ja klar, die selbstgebauten Waffen werden aller Vermutung nach werden sie besser sein, aber du kannst ja jetzt schon bessere Waffen an die Gimbals hängen oder du machst die Gimbals ab und machst sie fest starrend und hast dafür... Nee, ist ja nicht mehr so. Ziel, bist alt. Das ist nicht mehr so. Das geht nicht mehr? Nein, Gimbals kannst du immer abbauen. Die sind fest dran. Das ist doch kacke. Ja, dieser Trick, dass du Gimbal abbaust und für eine Stufe höhere Waffe hinkriegst, der ist vorbei. Och man. Die Waffen sind alle eine Stufe höher geworden. Ja, bei allen Schiffen. Du kannst, die großen Waffen sind jetzt alle drauf schon auf denen und die sind nicht mehr kleiner. Ziel ist weg. Ziel ist jetzt so, wenn du mehr oder weniger aim willst mit der Waffe, also gimbalt haben willst, dann schießt sie langsamer. Ah, okay. Nee, ich wollte meine Super Hornet, ich wollte eigentlich Size 4 Gatlings dran bauen und hinten auf dem Rücken starres Geschütz und Size 6 Tropfzwiebeln, deswegen. Vergiss es. Ach, Mann. Ja, das haben sie halt jetzt gar ausgearbeitet, wo sie jetzt wirklich hinmalen. Hat seine Für und Wider, aber ich finde es ganz in Ordnung, weil diese anfänglichen Schwächen, dass manche Schiffe durch verhältnismäßig niedrige Tierwaffen, also Stufe 1, 2 oder sonst was, weniger Feuerpower gehabt haben als neuere Schiffe. Das haben sie jetzt dadurch wieder ziemlich gut hingekriegt. Und wo es mir ist aufgefallen, das ist mir bei Scorpius aufgefallen, weil Scorpius hat zuvor an die Flügel 2er Waffen gehabt, Stufe 2, und am Turm Stufe 3. Und jetzt hat sie halt nur noch überall dieselben Stufe 3 Waffen. Aber was soll's. Es ist eine Entwicklung und die probieren halt Sachen aus, ob es lohnt, ob es langfristig, ob es überhaupt Sinn macht für das Ganze. Und die Entscheidung, wo sie dann getroffen haben, die Gimbals halt nur noch die Funktion des Gimbals selber zu gestatten und nicht eine Waffenerhöhung oder Verbesserung dadurch, kann man durchaus akzeptieren, mal nur so. Und dann bleibt ja eh nichts anderes übrig. Ich finde es so schade. Das von den Gewohnten her ist das jetzt ein Bruch und das ist natürlich jetzt, wenn man sich an was gewöhnt hat, ein Problem. Da hast du echt schon lange nicht mehr gespielt, also das ist ja schon lang. Das ist locker über 5 Jahre her, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Das hat sich erledigt, aber es macht nichts, weil es tut jetzt nicht groß im Spiel Einfluss nehmen, wollen wir mal sagen. Nö, wie gesagt, ist halt halb so wild. Du hast ja trotzdem noch genügend Möglichkeiten, vor allem die Waffenstation ist ja, du hast jetzt statt 2 Waffen, hast jetzt 3 Waffen drauf und damit hast du ja nichts verloren in dem Sinn und darum ist das ganz okay. Und wie war das jetzt, Jack, du hast gesagt, wenn man jetzt theoretisch den Gimbal wegbaut, dann kriegt man auch ja bloß bei einer Standard-Dreierwaffe 3 Waffen drauf. Und dann würde sie schneller schießen oder hätten wir Munition? Nein, das ist der Feuermodus. Das ist egal, ob der dran ist oder nicht. Es ist ja so, wenn du. Das ist ja der Precision-Modus, glaube ich. Ja? Ist es Precision? Auf jeden Fall hast du ja die Möglichkeit, glaube ich, dass er gimbalt ist, sozusagen, und dann schießt sie halt langsamer. Aber wenn du sie fixt hast, schießt sie schneller, hat mehr Power.
Ja, okay, dann hat er also Gimbal eine leichte Abbremsung vor der Qualität der Waffe. Aber nur wenn du die Funktion nutzt. Das ist jetzt nicht nur, ob er ab ist oder nicht. Ja, jetzt auf diesen speziellen Scan, also nicht Scan, sondern Zielmodus. Ja, okay. Okay, Jack, ich bin wieder bei dir im Stream. Wollen wir weitermachen? Wieso, wo warst du jetzt gerade? Er hat weiter reingepostet, die Sachen. Was glaubst du, was ich gemacht habe? Ja, also, das war... Haufen Zeug. Bin gerade fertig geworden. Wo waren wir denn jetzt gerade? Bei dem Schiff hier. Das Schiff war... Wo war denn das? Vor dem... Dann war noch was. Dann war die... Was war denn das für ein Schiff? Das in Rot gehalten, das Alienschiff. Hat man gesehen, mit dem Quantum Drive. Dann hat man die Vulture gesehen. Eben die Geschwindigkeit von der Abbaurate war extrem viel höher, also da bist du um einiges schneller. Und dann war, wo bist du jetzt schon wieder? Bist schon wieder ein bisschen weiter. Das letzte Bild, also vielleicht, das hat nicht ganz gepasst mit dem, was danach kommt. Ah, da fehlt aber ein bisschen was. Irgendwie kommt mir das sind ganz viele Bilder, habe ich übersprungen. Das ist ja das da Acquiring Blueprints fehlt. Wo ist denn das? Ja, das ist noch nirgendwo da, das werdet ihr unten rein posten, über in einem anderen Kanal, weil sonst findest du es nicht. Das sind eh viel zu viele Bilder, die können wir eh nicht alle durchgehen. Ja. Ich hau das unten in diesen Screenshot und Geficat Bilder ganz unten, Geficats in der Haus rein. Da habe ich noch so ein riesen Ich sehe nur das eine Hornet-Bild beim Check am Stream. Ja, ich weiß das ist also eine Übersicht von, wo genau, wie man zur Hornet kommt, oder was? Genau. Im Endeffekt geht es darum, man hätte gerne eine Hornet MK2. Wie kriegt man die? Wie kann man die selber bauen? Selber bauen gar nicht. Oh ja, eben schon. Und das geht's jetzt. Das ist die Neuerung bei dem Spiel. Es ist wieder ein MMO, Leute. Weg vom Counter-Strike, endlich hin zu Ultima Online, WoW, Konkurrenz-MMO halt. Lass es. Ja, das, was sie hier zeigen, ist ja der Gameplay-Loop. Du machst mit der Prospektor, die minerst ein bisschen, kriegst da ein bisschen Ruf, kriegst dann das, kannst du machen, und ich glaube, dann musst du aber Kampfmissionen machen, dass du überhaupt dann bei der einen quasi Security Alliance da die MK2 freischaltest. Die Blueprint kriegst du dafür. Genau. Die Reputation dafür hast du dir aber vorher noch das eine Schiff gekauft, mit dem du eben diese Combat-Missionen machen kannst. Was hat ein Taktiker gerade, was haben die gerade für eine Unterhaltung? Die haben das Thema, eben was wir vorher angesprochen haben, ob man gekaufte Schiffe upgraden kann. Und da bin ich mir nicht sicher, hat das vorher anders gesagt, du musst das neu craften. Nein, also musst du es neu craften, aber ich glaube schon, dass jede Komponente eigenständig auch craftbar ist in einer besseren Qualität. Ja, die Komponenten kannst du selber einbauen. Die kannst die Armor-Plates austauschen, es geht um das Grundschiff. Du kannst jede Komponente austauschen und dann ist es ja schon... es geht ums Grundschiff. Es geht um die Grundstruktur und das Grundschiff. Du kannst, ich glaube nicht, dass du kannst das du musst das Blueprint haben und das Blueprint kannst du upgraden. Das kannst durch diese Forschung und Entwicklung kannst du upgraden, dass du bis auf Tier 5 kommst. Aber das Tier 5 Schiff musst du dann craften neu. Du kannst nicht, glaube ich, das Blueprint auf dein schon bestehendes Schiff anwenden. Ich hoffe aber nicht, dass es so ist, weil ich hoffe, dass es dann wenigstens so ist, dass du dein Schiff, also wenn du das lang pelst, also es soll ja Ziel sein, dass du mit deinen Schiffen fliegst und behältst. Das heißt, es für manche. Ja, nee, du sollst ja nicht plötzlich... Ja, nee, es ist schlecht, wenn du im Verse hast Schiffe, die nicht benutzt werden. Das heißt, du hast verschiedene Ansätze. Das heißt, es ist für mich ist wichtiger, dass du dein Schiff upgraden kannst. Das, was du hast. Aber das sind ja die Komponenten, wo wir schon so viel gesehen haben. Ja, genau. Über Komponenten. Die das heißt, du solltest eigentlich dein Schiff
Upgrade, also ob du es jetzt mit Echtgeld oder mit Dick gekauft hast, aber wenn du dein Tier 1 Schiff hast. Ich weiß nicht, wie es jetzt doch, ist. Kannst machen, wohl. Er hat gesagt, you can upgrade an existing vehicle. Weil die Sache, so wie ich sehe, ist ja so, dass dein Schiff hat ja eine eigene Kennung. 16 und 10 Sekunden irgendwo da ist es. Und das Schiff kann ja auch irgendwie mal bekannt werden, beziehungsweise der Spieler soll ja Verbindung sein Schiff mit der Kennung aufbauen und die zu upgraden und zu verbessern, soll ja Ziel sein, dass er nicht einfach was austauscht, wie altes Handy weg, neues Handy her, sondern ein altes Handy behält und das aufmotzt. Das soll, dass er eine Verbindung hat zu seinem Schiff. Viel mehr als einfach es auszutauschen. Und da bin ich auf dem Jack seiner Seiten, finde ich viel interessanter, viel toller. Da haben wir irgendwann mal so ein Rasenfeigen, wo war die erste Phase vor Racing. Aber ja, ich habe das Gefühl, die Leute, die da jetzt CIG-Mitarbeiter sind, haben wirklich eine recht gute Idee von der Community und von den Leuten. Und sie müssen, weil sie halt ein neues Spiel bauen, am Weg Leute mitnehmen und immer wieder neue Leute dazu gewinnen, weil sie eben neue Gameplay-Aspekte erst einbauen, wie eben jetzt Orga-Gameplay. Und Orga-Gameplay hat es noch nicht gegeben. Das ist jetzt für 1.0 aber das Ziel, das sie sich selber definiert haben. Und um eine Organisation am Laufen zu haben, braucht man dann Verwaltungswerkzeuge intern wie Terminplaner, man braucht Hierarchien, wo man Zugangskontrollen definieren kann, der darf das machen, der darf das machen. Und das ist schon uraufwendig, Leute. Wirklich, das ist ein eigener Riesenbrocken. Und wenn sie den jetzt mit 1.0 ins Spiel reinkriegen, dann hätten wir eine gesunde Basis für ein MMO. Für ein aber das muss mehr sein in 1.0. Viel mehr, weil wenn sie in dem Demo weitermachen, bin ich schon lang tot, wenn das Spiel auf 1.0 ist. Ja, aber Genesis hast du ja gesehen, da geht es in der Hinsicht schon mal deutlich schneller voran, wenn es um Planeten, Outposts und in Kombination mit den selbstgebauten Strukturen werden die Planeten nicht mehr lange verlassen wirken. Die werden komplett industrialisiert werden, das sage ich euch. Solange ich das nicht sehe, kann ich durchaus gewisse Skepsis haben. Weil die letzten Jahre haben sie auch viel erzählt und war teilweise schon enttäuschend in bestimmten Bereichen. Die Geschwindigkeit definitiv, ja. Auch andere Aspekte, die darf man nicht einfach auf Seiten schieben. Ja, aber kannst du von dieser Täuschung ablassen? Und nein. Man darf nicht immer bloß euphorisch sein, sondern am besten realistisch. Und dann muss man auch Sachen, wo anders gelaufen sind, oder nicht verschweigen. So geht's nicht. Und ich bin deswegen kein Spaßseher, sondern Realist. Sie haben jetzt fast 5 Jahre an Server-Meshing gearbeitet. Ich bin mir sicher, für viele Leute ist das viel zu lang und bemängeln das immer noch, dass das viel, viel zu lang gedauert hat. Vor allem vor den Aussagen, wo sie vor 5 Jahren teilweise getroffen haben. Ja. Also, Röders, ich will ja jetzt nicht einfach auf Keks gehen, sondern ich verstehe dich vollkommen, Jack hat die ähnliche Meinung, glaube ich. Es ist halt teilweise dauert alles, ne? Gerade wenn man es regelmäßiger spielt, ne? Ja, das schon. Ja. Das wir sind schon 10 Jahre dabei. Die Bugs bleiben gefühlt Jahre. Du musst ja sagen, ich weiß, dass ich habe das ja miterlebt selber auch. Ich habe jahrelang selber gespielt, regelmäßig, jeden Tag. Seal ist ja ein gutes Beispiel. Der war jetzt 5 Jahre nicht mehr drin und hat es mit den Gimmels gar nicht mitgekriegt. Also, nein, aber ganz ehrlich, ich freue mich, wenn Seal vielleicht wieder zurückkommt und das Crafter wirklich Spaß beim Spielen hat vielleicht. Auch bevor die NPCs da sind. Wo dazukommen, weil das ganze Projekt ja sichert. Und das ist nur ja auch regelmäßig. Ich sag's mal so, das ist, es ist eh noch in Entwicklung, das ist jetzt der derzeitige Roadmap. Ich meine mal, wir hatten in den damaligen Citizencon hatten wir immer wieder mal eine Roadmap gesehen und sind wir mal ehrlich, bis jetzt haben sie ungefähr nur 60% umgesetzt. Ich weiß, aber der Rest hat sich halt immer, der war immer im Wandel und genauso wird es jetzt auch sein. Jetzt ein wichtiger Punkt. Jetzt arbeiten sie an Crafting. Wenn du Crafting-Feedback geben möchtest, dann hast du im nächsten Jahr eine 1000-mal bessere Chance, eine Änderung einzubringen, als wenn sie das dann fertig programmiert haben. Das gebe ich dir recht, aber wie gesagt, unser Feedback ist relevant.
auf jeden Fall. Vorausgesetzt, dass sie uns auch wirklich berücksichtigen. Aber in Jahren ist es auch wieder gegangen, jetzt haben sie den nächsten Meilenstein erreicht und es wird jetzt alles viel besser. Und dann ist wieder nächster Meilenstein. Das ist nicht, für manche Leute kommt überhaupt zum ersten Mal etwas ins Spiel, was es noch gar nicht gegeben hat. Okay? Verstehe das, ich hatte als Crafter keinen Grund, das Spiel zu spielen. Ja, mach doch. Null. Aber schau her, ich bin bei dir, dass sie neue Spielergruppen erschließen müssen. Aber da kommen sie so nicht drum rum, weil mit den paar Hansala, wo im Moment Starcitizen spielen, lässt sich das Spiel auf Dauer nicht betreiben. Ja, aber die Leute waren wichtig, um überhört das Kampf-Gameplay auf das Level zu kriegen. Was heute ist. Jeder Spieler, wo dazukommt, ist wichtig. Und der große Vorteil aus meiner Sicht von Star Citizen ist, dass es viele Game-Mechaniken unterschiedlicher Art und Weise zur Verfügung stellt in einem Universum und es zusammen verknüpft. Und das ist das große Alleinstellungsmerkmal für mich zu anderen Spielen, wo irgendwo in der Form ähnlich sind. General Matok hat ein cooles Kommentar geschrieben. Seal schmeißt halt wieder einmal richtig Geld ins Spiel. So welcome back in unserer Selbsthilfegruppe. Nein, Matok, also ich bin aus dieser Selbsthilfegruppe vor 3 Jahren ausgetreten. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe mich im Griff. Ich bin autark, sozusagen. Also voriges Jahr konnte ich mich auch zusammenreißen, aber dieses Jahr, das ist, ich habe den Merchant Shop, habe ich mal kurz Besuch abgestattet, da dachte ich mir so, das ist super und dann habe ich die scheiß Starlancer gesehen und dachte mir so, okay. Das Einzige, was ich mir die letzten Jahre zugelegt habe, war das neue Motorrad. Na, ich habe meine Dragonfly, die reicht mir. Ja, ich habe auch ein gutes Kommentar. Spieler ist gleich Geld. Also es ist Player to überall win. So. Das ist in jedem Spiel so. Der Spieler steht für Geld, für den Publisher. Immer. Das stimmt aber nicht. Sobald jemand das Game bezahlt hat, ist er bezahlt. Ein Spieler kostet Geld, weil Serverkosten Ding kosten. Ja, ne? Nur mal so als Ding. Das ist falsch. Käufer bringt Geld. Käufer bringt Geld. Spieler bringen kein Geld. Ich glaube, das ist eine Ingame-Aussage. Es geht ja darum, dass du für ein großes Anliegen brauchst du viele Menschen, die dir helfen und gemeinsam sich darauf geeinigt haben, das auch machen zu wollen, weil sonst wird es nicht passieren. Mardok, was erzählst du da, dass ich der Sims-Fliegerei verfallen bin? Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich kenne mich. Ja, hast vorhin gestanden. Hat er auch recht. Ich spiele schon seit über 2 Jahren vermehrt Sims. Also Flugsimulation. Da geht auch ganz schön Geld rein. Ja, aber weit nicht so viel wie bei Star Citizen. Microsoft wenn du Microsoft Flugsimulator komplett haben willst, das kostet über 50.000 Euro. Also. Ist mir egal, weil Microsoft Flight Simulator ist von den Eckdaten her fast schon Perversion. Wenn ich jetzt lese, dass der neue Microsoft Flugsimulator braucht jetzt den Test, wo sie laufen lassen haben, eine ständige Internetverbindung, die irgendwie 120 Gigabyte schafft. Oh, okay. Okay, also 120 GB die Stunde lädt. Also 120 GB die Stunde. Also im Prinzip kannst du das nur spielen, wenn du neben Frankfurt im Serverraum sitzt. Wenn du zum Beispiel eine 500 Leitung hast, dann schaffst du 120 GB in der Stunde, könntest du hinkriegen. Aber das ist schon eine gewisse Perversion, dass du ständig an diesen Server dranhängst, wie ein Kleinkind an der Mutter-TT oder so. Das ist schon extrem. Und das ist, finde ich, ein falscher Weg. Da ist mir DCS zum Beispiel wesentlich lieber. Da zahlst du zwar auch für die verschiedenen Module und verschiedenen Karten und so weiter, aber da brauchst du halt bloß eine entsprechend große Festplatte. Meine Installation ist auch schon bei, ich glaube, 350 GB plus angelangt. Und jedes Flugzeugmodell hat irgendwie so 40 bis 60 Gigabyte mehr. Jede Karte hat zwischen 50 und 70 Gigabyte mehr. Also das geht schon ganz schön auf die Festplatten. Beck, du möchtest? Einen Moment, ich bin ganz kurz AFK.
Ach so, du hattest einen Finger gehoben. Ich dachte, du meldest dich. Deswegen. Nee, genau, Luna Skywave hat hier gerade in Twitch geschrieben hier. Ich glaube, dass SC noch ein Abo-Modell bekommen wird. Das wurde definitiv verneint. Aber, auch wenn ich da wahrscheinlich alle gegen mich aufbringe, ich fände es jetzt gar nicht mal so doof, wenn, sagen wir mal, 5-Euro-Abo oder so, wo automatisch deine Versicherungen für deine Flugzeuge gemacht werden. Ja, jetzt sind wir bei einem wichtigen Thema. Alle Käufe auf der Homepage haben einen besonderen Status und der inkludiert, dass man das Schiff wieder zurückbekommt. Bei einer normalen Versicherung im Spiel oder auch von selbstgebauten Spielen, wenn es versichert ist, bekommt man nur den Zeitwert in Credits bezahlt. Wichtiger Punkt. Also es ist im Endeffekt ein Upgrade von allen Schiffen, die mit Echtgeld gekauft worden sind. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ich kaufe mir jetzt meinetwegen eine Aurora neu im Spiel, mit Spielgeld. Ja. Und wenn das zerstört wird, dann kriege ich nur den Ist-Zeitwert vor dem Schiff. Korrekt. Okay, Das also hab wie eine ich- normale Versicherung auch. Das habe ich tatsächlich anders verstanden, aber ich habe auch nicht Echt? genau zugehört. Ja, ich habe, der hat ja erklärt, dass sein Schiff wiederholen und neu aufbauen günstiger ist als Schiff neu kaufen. Da kommst du gleich zum wichtigen nächsten Thema. Wir werden ein gratis Shuttle zur Verfügung gestellt bekommen von unserer Versicherungsgesellschaft, wenn unser Schiff nicht kaputt, sondern einfach nur irgendwo rumkugelt. Ach so, okay. Ja, und das fliegt dann selbstständig wie ein autonomes Raumschiff, das darf, eben dann zurück zum Versicherungshafen. Ich frage mich, wieso, da müssen ja die NPC-Transportiere auch funktionieren. Ja. Ja, also es gibt mehrfach die Erwähnung auf NPCs, jetzt nicht die persönlichen Crew-NPCs, die ich gerne selber hätte und Jack auch gerne als Wingman hätte, aber mir die jetzt anderen einfällt- kommen voran. Was mir aber jetzt einfällt, ist, das würde ja deine Strategie für deinen Raumschifftransporter für Personen, also den Boeing, sonst was, ja komplett dagegen arbeiten, oder? Muss nur billig, jawohl. Ich wollte gerade sagen, muss nur billiger sein, aber das ist ja kostenlos. Ja. Du kannst ja 50 Leute auf einmal mitnehmen bei dem Raumschiff, bei dem großen, also bitte. Ist egal, kostenfrei ist kostenfrei. Wenn 50 mitfliegen, die kostenfrei sind, dann kannst du nicht unterbieten. Schon Bart Oder sollte, klar, was hast du Fragen? Ja gut, aber du kannst ja mit der Starliner oder wie das Passagierschiff hieß da hier, was wir mal verkauft hatten, kannst ja theoretisch, wenn du in einer Unlawful Gilde bist, also in einer Piratengilde, kannst du ja sagen, hier greift mein Schiff nicht an, ich mache hier Sightseeing auf nix und ich bringe die alle safe dahin und lass mich dafür fürstlich bezahlen. Warte mal, der John Trottel hat gerade Probleme mit, mal kurz, der fragt, SC aktualisiert sich nicht. Welche Version steht denn bei dir dran? Welche bei dir gerade dran ist? Es ist gerade momentan die 3.24.2.938.1373 Version. Was zeigt's bei dir? Hast du vielleicht noch den alten Launcher? Ja, das ist die aktuelle. Er kann die 1.0 nicht runterladen, meint er. Achso, die 1.0 kann er nicht runterladen. Aber mach dir nichts draus. Das ist mir gestern auch nicht gelungen. Ich probiere es heute einfach nur mal. Hast du den Launcher 206 RC drin? Das ist doch der aktuelle, oder? Oh, und Ich schau grad nach. Ja, dann ist er schon runtergeladen. Kannst du es launchen, das Game? Oder wie meinst du, dass du die nicht... dass es nicht aktualisiert? Also 3.24.2 ist die aktuelle Version. Mit der 93813. Dockt bei Verifying Game Data. Oh je. 3.24.2 Bild 9381373 ist die neueste Version. Genau, vom bei Live. ihm stockt es beim Verifyen. Und der Launcher ist 2.0.6. Ja, das passt schon. Nee, aber hat immer das Problem, dass es Verifyen, dass es braucht es, stockt es oder bricht es komplett ab? Also dann einfach ein bisschen laufen lassen. Weil es kann sein, dass die Server vielleicht ein bisschen stimmt. Deckel Performance Grad. Also wenn er irgendwas zieht oder so, kann sein, dass es auch da Einfluss hat. Also hier steht in der Status-Page,
Mal gucken, ob vielleicht auch was betrifft denn das? Persons Universe ist decudated gerade. Wieder Commander, Plattform ist operational. Aber es kann auch ein bisschen mit reinwirken. Die sagen auch, nicht unbedingt, wenn man nicht unbedingt reingehen muss, sollte man nicht reingehen momentan. Man kann sich den Account verbuggen bei solchen Zuständen. Oder dass man nicht reinkommt nachher. Ja, weil dann irgendwas abbricht, unterbrochen wird, irgendwas falsch gespeichert wird, falsch bearbeitet wird. Also auf deiner Festplatte irgendwas ins AG kommt und dann... Ja gut, er verified jetzt ja nur, das heißt, er installiert es eigentlich nur. Die Frage, warum es jetzt beim Verifyen gerade Ding ist, aber kann sein, dass er auch da Probleme hat, die Daten zu ziehen. Ja, ich denke mir jetzt, nachdem jetzt die Ding rum ist, werden sich einige wieder das Zeug ziehen oder aktualisieren, wenn sie gerade angefixt sind. Heute kannst du wahrscheinlich den ganzen Schrott vergessen. Ja. Also wenn das gerade in einem Moment ist, wo er Sachen ziehen muss von der Plattform von CRG, ich würde einfach warten und morgen probieren. Das ist morgen ist auch optimistisch, ja. Ja, morgen ist Montag, da müssen manche Leute arbeiten, also. Ja, bloß manche. Achso. Okay, gehen wir weiter mit den Bildchen. Wir müssen nicht jedes 10 Stunden lang besprechen, aber da ist überall was Interessantes drauf. Ja, das, was ich gerade drin habe, ist ja der Flow, der Kreislauf sozusagen. Den haben wir jetzt geklärt, das ist ein Game Loop, wo wir halt dann uns Blueprints verdienen und dann deswegen eine coole MK2 Hornet fliegen, weil wir die selber gebaut haben. So, und das ist, glaube ich, das hier, also nur mal kurze Anmerkung, das ist die 5 Systeme, die wir haben werden in 1.0, auch wenn das jetzt das Bild zum anderen Thema ist. Aber hier sind dann die Gilden sind auch zu sehen, die 6 großen Gilden und 2 davon sind widersprüchlich, da ist man dann Feind vom anderen. Ja, Mercenary Guild und The Council, das war die... Genau, die beiden, die anderen sind alle Handel, Produktion, Forschung. Da war ich bin zwar keiner, der kriminelle Seite spielen will unbedingt, aber da war ich ein bisschen enttäuscht, dass die böse, also nicht die böse Seite, sondern die Unlawful-Seite, nenne ich es jetzt mal, nur in eine Gilde untergebracht ist. Weil auch Unlawful-Spieler können ja sein, Leute, die handeln wollen oder die... Aber spricht ja nichts dagegen, die Gilden können ja untereinander dann Feindschaft haben. Das haben wir ja gestern besprochen mit den Farben. Ja, aber die Unlawful, die haben in einer fast alles drin. Ich weiß nicht, ob du da ein Bild gemacht hast, was das Council, da gab es doch auch mal ein Ja, Council, alles, weil einmal sind es diese 6 Gilden, weil jede Gilde hat ihre eigenen Perks, die dann quasi durch die Fraktionen noch quasi detaillierter sind, aber du bist bei einer Fraktion und jede Fraktion gehört zu einer von diesen 6 Gilden. Ja, habe ich gar nichts gehört. Genau, das auf jeden Fall, jede Gilde hatte gewisse Fasson was gemacht, aber mich hat halt einzig gestört halt nur, dass halt alles bei der anderen Seite alles in eine gefasst ist. Also alles, was du da tust, was irgendwie kriminell ist, wird gleich da reingefasst. Ja, alles ist im The Council drin, meinst du? Genau, anstatt dass da das auch nochmal unterteilt ist in mehrere... Ja, aber es ist ja da unterteilt in den Fraktionen, Jack. Hörst du mir... Ja, aber hier bei den guten Hier siehst du es nicht, aber dazwischen gibt es noch Fraktionen. Ja, aber die Fraktionen sind verfeindet, gerade im Pyro. Hardcore, alle. Ja, das ist auch bei der guten Seite, aber das ist ja das Obere. Und bei der meint, warum es bei dem Council nicht noch so wie Mercenary das Unterteilung gibt, nachher das in Richtung Transport Unterteilung, nachher Richtung was sind da die haben noch Mining, Crafter und das Ganze, das noch so unterteilt haben. Oder? Mein Gott, die neue Website ist einfach zum Kotzen. Ja, genau. Ich verstehe es, aber ich glaube, es macht es eigentlich für die Leute leichter, weil die sich nicht entscheiden müssen, für welchen Perk sie wollen. Power haben, sie wollen stärkere Waffen, sie wollen billigere Sachen haben für Waffen und Handel. Wenn man dann gestohlene Güter verkaufen möchte, möchte man einen besseren Preis für die gleiche Ware kriegen. Also das wird dann wahrscheinlich geboostet mit der Council.
Ja, das ist ja das, also das kann man unfair oder nicht unfair sehen. Bei den Guten, da musst du ja wählen zwischen, du musst dich ja scharf schalten, also das. Wie? Na, ich habe gerade auf das VNX geschaut. Du musst dich ja auf der guten Seite, musst ja die Perks, wo du haben willst, entweder Mercenary Guild, Insta Guild, da musst du dich ja entscheiden. Die Gilde muss sich entscheiden, die Organisation, für die du aktiv bist, muss sich entscheiden, für welche Fraktion, Gilde sie tätig ist. Genau. Und sie muss auch für keine tätig sein. Genau, aber bei der bösen Seite, da kann man sich nur für eine entscheiden. Ja, aber auch du kannst dich als böse Orga entscheiden, ich pfeife auf die Council und wir machen unsere Parallelstrukturen und verzichten auf die Perks. Darum geht's nicht. Nein, er sagt, er hat einfach weniger Möglichkeiten, wenn er auf der bösen Seite spielt, als wenn er auf der guten Seite spielt. Nein, du hast mehr Möglichkeiten, weil alles in einem ist und bei der guten Seite hast du entweder einen Handelsperk oder einen Forschungsperk oder ja, aber du kannst doch trotzdem nebenbei alles machen, was du willst. Ohne ja, aber du hast doch nur einen Perk. Es geht hier um das Thema und Council hat zwar, du machst zwar alles und bist im Council drin, hast den Perk vom Council, aber dann hast du einen Perk vom Council, ich weiß nicht, was war denn das, was wenn sie das nicht zeigen. Bessere Preise für gestohlene Ware. Ja, hast du nur den Bonus, aber bei der anderen Seite hast du ja die Wahl, welches du nimmst und hast dadurch andere Perks, was du für deinen Spielstil hast. Da musst du nehmen, was du kriegst. Aber da hat er schon recht. Die zwei Blätter haben eindeutig gezeigt, dass du auf der Paukenseite, also Piratenseite, grundsätzlich eine kleinere Auswahl hast. Es hat nichts direkt unbedingt am Gameplay Auswirkungen, aber was die Perks betrifft, was Verbesserungen betrifft und so weiter, du bist das deutlich eingeschränkter. Sie es später ausbauen, weil es gibt halt nicht genügend Gilden, wo der was verbessern kann. Und nur weil du beim Konsul bist ja nicht immer einen, der alles abschießt. Das ist das Thema. Das ist ja Piraterie, ist ja oder Handel, da gehört ja auch der Handel dazu. Hast du die Übersicht aber es sind ja sinnstiftende Perks. Wenn du finde ich nicht. Wenn du Sachen stiehlst, dann willst du einen möglichst guten Preis für deine Boxen kriegen. Die Frage ist da, ich glaube, die größte Frage ist doch halt, ich meine mal, du kannst ja Screenshot. Du kannst ja so oder so verschiedene Gilden, wenn du in verschiedenen Orgas bist, kannst ja unter verschiedenen Flaggen dort den Ruf steigern. Die Frage ist jetzt halt, wenn du in der Orga bei dem Council bist, ob du dann halt zum Beispiel bei der Mercenary Guild, ob sich da der Ruf abbaut, solange du halt unter der Council-Flagge fliegst. Das ist, glaube ich, die größte Frage. Haben Sie nicht einmal gesagt, dass der Ruf auch mit der Zeit zurückgeht, wenn du nicht regelmäßig was machst? War da nicht mal irgendwas? Das war das alte System. Da haben Sie jetzt von dem jetzt nicht, Sie haben jetzt von Pausieren gesprochen und Sie haben davon gesprochen, wenn du jetzt die Fraktion wechselst, dann verlierst du die Loyalität. Oh ja, okay, also Sie haben das Grundstruktur geändert. Ja, definitiv. Okay, alles klar. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, du wirst bei der einen einen Ruf aufbauen und steigst auf, bist jetzt mal wegen Stufe 3 und du gehst zu einem anderen, dann pausiert es, verlierst aber deinen Ruf, bist aber nach wie vor noch Stufe 3. Nee, du verlierst nur den Ruf, wenn du die Orga verlässt, die bei der unter der Gildenflagge arbeitet. Wenn du jetzt die Flagge sozusagen wechselst, pausiert das nur. Ja, also, und was ist, wenn ich jetzt als Non-Orca-Spieler ganz einzeln in der Gegend rumdüse und... Dann kannst du nichts für die Gilde machen, keine Ahnung, weiß ich nicht, das haben sie nicht erwähnt. Doch, du kannst schon was... Nein, Aufträge erledigen, ja. Also, du kannst als Gilde agieren, das ist ein Punkt, du bist Teil einer Gilde und der Gildenleader, also der Org-Leader, der entscheidet, in welche Ausrichtung die Gilde hat, beziehungsweise mit welchen sie Allianzen oder Dings halt haben oder für welche sie arbeiten, für welche NPC-Orgas sie arbeiten. Und dann kriegst du Dings, das kann er wechseln, aber da verliert die Dings das nicht. Und du als Einzelperson müsstest das auch können. Okay. Du bist wie eine Organisation. Quasi. Nur als Ein-Mann-Organisation quasi. Also, du kannst ja eine Orga gründen, dann hast du die Rechte auch. Nein, die Orga gründen
bringt ja nur was, dass wer anderes von den Perks profitiert, dass man was gemeinsam arbeiten kann. Aber der eine, der nicht so weit ist, nicht so gut ist, hat dann trotzdem schon den Gesamtbonus. Okay, dann sollten sich die Orgas mal bei mir melden und ich tue dann das beste Angebot rausfischen. Ja, guck hier, ich habe jetzt das offen, da steht leider die Perks nicht, was man hat, aber da ist alles drin, weißt du, da ist auch Schmuggler drin, Cargo, alles in einer. Ja, da ist viel. Deswegen brauchst du ja nicht dir aussuchen herum. Ja, alles Problem ist aber. Das ist doch besser eigentlich. Nein, oder? das ist schlechter, weil du ja. Weil du das Perk nehmen musst, was du als Kanzel hast. Und das ist ja genauso wenig wie bei den anderen. Also, ich meine jetzt nicht wenig, aber bei den anderen hast du einen gewissen Perk. Aber was hast du beim Konsul? Gibt es die Seite? Dann müsst ihr eigentlich beim Konsul viel mehr Perks. Das ist ja noch nicht. Vielleicht gibt es ja dann noch dynamische Perks, je nachdem, welche Mission du machst. Innerhalb von der Konsul. Also es kann schon sein, dass die Perks differenzierend sind durch die Fraktion und auch die Qualität. Die Gilde, wo du freigeschaltet hast, das Perk hast du freigeschalten. Fertig. Das Grundset hast du sofort. Ja, aber das ist ja wie ein Skilltree. Das ist halt ein Skilltree, der halt dann 100 Optionen hat, vielleicht wieder. Und du kannst ja die gute Seite, das ist ja nur ein Teil hier, also du kannst dir da eine Sache aussuchen, die du gern machst. Pirate Ship Checker zum Beispiel oder so. Recover Cargo. Nachher kannst du trotzdem noch in den anderen Sachen, in den legalen Sachen, andere Sachen machen. Nur eben bei gewissen Sachen, die dem genau gegenüberstehen, für die kannst du dann nicht arbeiten. Die dann quasi in dem Fall deine Gegner sind dort. Also was dass wir hier das genau da bezeichnet, machen werden, das ist Vorteile, die du in-game kriegst. Das sind, das haben sie nicht genau, sie haben es so vage mal bezeichnet, weil das wissen sie noch nicht, weil daran arbeiten sie noch. Eben, dass du über einzelne Missionen da irgendwie Sachen freischaltest, vielleicht irgendeinen so einen Blutprint kriegst, oder eben über längere Zeit den Rang, was du da hast, oder was ist dein Ruf, den du da erarbeitet hast, über das machst so Bezahlungsboni oder andere Boni. Oder dass du irgendwelche, was weiß ich, Decals-Sachen billiger kaufen kannst. Das Coole bei den Kriminellen ist halt, dass man nicht umschalten muss. Man kann an dem einen Tag irgendwie Cargo holen und am nächsten Tag ist Leute abballern. Ja, aber jeden Tag ist und dann aber ja, der Punkt ist einfach, Röder. Genau. Aber du kannst aber auch nicht wählen, welchen Perk du haben willst. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich will jetzt einen anderen Perk. Ich bin mir da nicht so 100% sicher, weil es könnte schon sein, dass dann die Fraktion unterschiedliche Perks dann auch dir noch Updates für die Perks. Also, dass die Basis-Perks sind die Basis-Perks von der Ding, aber die zusätzlichen Perks, die musst du dir noch erarbeiten. Und die kriegst du dann immer aber wir sind immer alle gleichzeitig. Wir vergleichen ja das nicht wechseln, die Gilde. Du vergisst was, wir vergleichen gerade Gilden. Und bei der guten Seite... Nein. Moment, stopp mal, Röder, stopp. Bei der guten Seite stellst du die Gilde frei, wo zu deinen Perks von deiner Orga passt. Aber das ist ja uraufwendig. Du musst einen Gildenleader überzeugen, hey, wir gehen jetzt von der Handelsgilde rüber zur Forschungsgilde, weil ich möchte meine Blueprints voranbringen. So ist es ja auch. Entschuldigung, aber haben Sie es wirklich so differenziert dargestellt, so ist wie das jetzt beredet? Kommt mir nicht so vor. Doch, also das ist ein Teil ist gestern besprochen worden mit dem, also das arbeitet jetzt zusammen. Das, was sie gestern besprochen haben, das kommt ja früher rein ins Game, aber das hier ist ja dann der Next Level dann. Ja, ich glaube bloß, dass du noch zusätzliche Perks kriegst, wo du was anderes wechseln kannst. Das kann sein. Es gibt ja die Gilden und dann gibt es ja noch den Ruf und das Ding bei den Fraktionen. Und da kriegst du auch Perks. Das ist aber ein Unterschied, Röders. Vorsicht. Gilden, was wir gerade besprechen, sind die Gilden. Und die Perks bei den also du kriegst die Gilde, also deine Orga kann bei der Gilde scharf schalten. So. Dann hast du den Perk von der Gilde. Genau. Der bleibt dann aber. Der bleibt für alle von deiner Orga, die kriegen den einen Perk von der Gilde.
Ja, und das Potenzial, weitere Perks zu verdienen. Moment, falsch. Du kannst aber bei anderen Fraktionen, kannst du deinen Ruf selber als Person hochfahren. Und wenn du da hochbist, kriegst du da Perks, zum Beispiel bessere Handelsdinger, besser Dinge. Oder überhaupt Blueprints, dass du kaufen darfst. Oder Blueprints, wo du kaufen darfst. Das darfst du nicht vermischen. Das gilt, das hier, was wir hier haben, da wo das Council drin ist, oder die Academy of Science, das ist die Guild, das ist ein Teil, das ist eins. Dann gibt es aber das drunter, die Fraktionen, und dann kam ein Ding, da gab es, ich glaube gestern gab es da ein Bild dazu, da gab es das obere ist das Gilde, das ist das oberste, dann gibt es Fraktionen und dann gibt es nochmal irgendwas. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig rum gesagt habe, aber und du kannst ja bei den Fraktionen, genau, und bei den Fraktionen kannst du ja auch deinen Ruf hochschrauben. Ja, aber schau, bei der guten Seite, wie Seal das gestern noch richtig verstanden hat, die Research-Abteilung in einer großen Organisation, Menschen, möchte die bestmöglichen Perks für Research haben. Deswegen wird es eine eigene Gilde geben, die nur in einer Allianz ist, die Research macht. Weil die sonst die Research-Perks nicht bekommen. Alle Kriminellen haben alle Perks, die man haben kann, brauchen nicht herumschalten, sondern haben die bestmöglichen PvP-Perks, die man haben kann. Ja, Moment, stopp. Du kriegst das eine Perk, oder die paar, wenn du deinen Ruf kriegst du ein paar mehr, aber das hast du ja bei den anderen. Das muss aber nicht jetzt gerade für dich zum Handeln gut sein, sondern das kann für einen Kampf gut sein oder fürs Ding. Das haben alle, ja. Aber du hast trotzdem weniger Auswahl. Das heißt, du kannst ja nicht jetzt sagen, ich mache. Nein, du hast mehr die Qual. Jack, ich glaube, du verstehst das. Ich versuche es nochmal ganz, ganz simpel zu machen. Solange ich mit meinem Charakter jetzt einen Blueprint levele, habe ich keine anderen Perks. Weil ich gerade bei dieser Organisation aktiv bin und für die Missionen mache, damit ich eben auch den Perk aufbauen kann, den ich damit noch schneller Research machen kann. Ja, du musst das quasi nehmen, weil sonst hast du einen Nachteil. Ich kann nicht gleichzeitig Mining-Perks haben und geschweige denn PvP-Perks. Kann ich ja bei den anderen auch nicht. Ja, du kannst, aber das ist ja nicht fair für alle, oder? Doch, du kannst schon, weil du bist ja in 6 oder in mehreren Organisationen gleichzeitig mit den Konzernen. Das kann man dann vielleicht nur einmal pro Abend machen oder so. Jetzt tun wir noch mehr spekulieren. Ja doch, nee, das haben sie gesagt mit einem Tag, dass du... Das war der Leader, der die Ausrichtung von der Org ändern kann. Oder? Nee, das warst du, glaube ich. Nee, das war deine persönliche Alignment, für was du gerade aktiv bist. Für welche Orga, die dann unterschiedlich dabei ist, du aktiv bist. Ich glaube, da müsste man die Folien von gestern, weil... Ich hab sie. Ich glaube, wir vermischen da Sachen nicht, weil... Ja, das ist das, was ich gestern gesagt habe. Du kannst in mehreren Orgas sein, also Spieler-Orgas kannst du in mehreren sein. Und jede Orga kann sich für eine Gilde entscheiden. Die Gilde gibt dir die Perks, beziehungsweise die Orga gibt dir die Perks von der Gilde, je nach Ruf. So, und jetzt ist halt aber die Frage, ist Council, das Council, ist das auch eine Gilde wie jetzt die Researcher-Gilde oder die Handelsgilde? Ja. So, also, warte, Röders, hör auf, sag einfach nur ja und dann, aber fang nicht gleich wieder an, Monolog zu halten. Nee, ich probier's. Ich probier's. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ich sozusagen, du kannst ja Orga-Hopping machen, unter welcher Flagge du fliegst, so. Und wenn jetzt du in eine Orga gehst, die fürs Council arbeitet und du unter der Flagge vom Council sozusagen fliegst und illegale Machenschaften machst, tut dann halt von der Mercenary-Gilde, wo du auch in einer Orga bist, die aber dort verankert ist für die Perks, tut dann von der Mercenary-Gilde mein Ruf dann runtergehen oder von der Orga runtergehen. Das ist halt... Ich weiß, was du meinst. Haben sie leider so nicht ganz genau, die Frage hatten wir irgendwie schon. Und ganz ehrlich, sie haben halt gemeint, dass schon auch die neuen Aktivitäten sich immer dann, währenddessen du für die Orga aktiv bist, also wenn du währenddessen du für die aktiv bist, keine bösen Sachen machst, soll es für deine Orga auch keine Nachteile geben. Also es geht, glaube ich, immer um das, was du frisch machst und nicht das Alte. Also, ich hoffe mal. Die kompletten Abhängigkeiten haben sie ja nicht erklärt.
Ich glaube, es geht schon ins Fein-Fein, wo dann später sich erst noch rauskristallisiert, wie sie es überhaupt machen wollen, wie weit sie Abhängigkeit machen wollen, wie weit Einflussnahme gegenseitig rauf und runter schiebt oder sonst was. Weil, also im Moment ist ja nur verhältnismäßig einfach. Wenn es einfach, ist es überhaupt noch so? Ich glaube schon. Wenn du eine Zeit lang nichts machst, dann sinkt dein Status wieder, oder? Ach hier, guck mal, das war jetzt das mit Organisationen und ja, das, was ich rausgesucht habe. Da. Genau, das habe ich gestern aufgenommen. Genau, das sind die Gilden, das ist Hybrid, Fraktionen, Organisationen. Ich glaube, du kannst Fraktionen auch irgendwie, also du kannst nämlich, glaube ich, als Person, das war, glaube ich, irgendwo die Fraktionen, für Fraktionen arbeiten. Das heißt, du als Person selber kannst irgendwie dafür, Moment, wo war das? Theoretisch musst du eigentlich als Person auch für die Gilde arbeiten können, aber warum auch nicht? Es kommt ja darauf an, was die entsprechenden Da müssten wir jetzt fast nochmal das von gestern angucken. Das ist, oder Organisation anbietet. Wie gesagt, da müssten wir nochmal das gestern angucken. Auf jeden Fall, das war das. Dieser Missionsherausgabe, die ist ja nicht darauf fixiert, dass du jetzt erst irgendwas erreichen musst, dass du von einer Organisation, Fraktion oder Gilde überhaupt angesprochen wirst oder zur Verfügung gestellt wird. Ja, der Bosiro sagt richtig, die Fraktionen sind gerade die Auftraggeber, aber da steigt man ja auch im Ruf momentan. Und ich glaube, kann sein, dass man da, wenn man da den Ruf steigt, die auch frei als kann man die als Represented? Gibt es diese interstellare Transportgilde, wo jetzt aufgeführt ist, nicht schon als in deinem Baum nicht schon als Auftraggeber? Also Represented kannst du... Das ist der Punkt. Die Organisation kannst du als Represented machen. Das ist die, für die du Schindluder treibst oder Gutes tust, je nachdem. Genau. Und was du für die machst, steigst du ich glaube, Ruf auch bei den Fraktionen, glaube ich, wenn du, also du machst einen Auftrag jetzt für Kovalex und Kovalex ist Shipping. Das heißt, wenn deine Organisation, dann steigt deine Orga auf im... Unter Kovalex. Bei der Gilde, Interstellar-Transport zum Beispiel oder so. Genau, Interstellar-Transport-Gilde. Ja, die Gilde ist eben die höchste Hierarchie, die wir als NPC-Strukturen haben. Und die haben dann teilweise zig Firmen, das sind dann die Fraktionen, die für sie fix arbeiten. Und die Organisation, also die Spielerorganisation, entscheidet sich dann mit einer Partnerschaft von einer Fraktion für die Gilde. Ja, weil die Fraktion der Gilde untergeordnet ist, einer bestimmten. Ja, ich glaube, das ist jetzt nachvollziehbar, hoffe ich, oder? Also ich habe jetzt gerade den Link angeklickt, da ist es eigentlich hier sieht man das Overlay, sag ich jetzt mal, was Jack schon gerade angeklickt hatte, aber nur den kleinen Ausschnitt irgendwie. Das, was Matthias gepostet hat, meinst du? Genau das Bild, was du jetzt hast. Genau da ist das Org-Album. Der ist Industrial God, das ist 60%, Tier 1, Tier 2 meinst du ja, genau. Und du siehst ja jetzt oben hier, du hast 6 Kreise ganz links und da sind 2 verschiedene Orgas drin. Jetzt derzeit. Und er hat jetzt zum Beispiel dieses Fouls Buccaneer angeklickt und die arbeitet derzeit halt für die Interstellar Transportgilde und da siehst du die Reputation. Genau. Du kannst aber, so wie ich das verstanden habe, auf den ganz linken Reiter auf die Orga drunter klicken und die kann komplett für eine andere Gilde arbeiten. Ja, das geht. Bloß du kannst da musst du aber dann die Gilde als Representing machen und hast dann auch die Perks von der Ding, aber das geht wohl irgendwie nur einmal am Tag oder so, kannst du es switchen. Das haben wir reingeworfen, die haben es nicht genau, die haben nur gesagt, die begrenzen das, aber... Ja, damit man es nicht abusen kann, das System, das geht's primär. Ja. Nicht, dass du für jede Quest dann immer wechselst, um maximal Profit rauszukriegen. Okay, also genau. Und deswegen hier zeigt nochmal das Argument, was ich vorher hatte, dass die gegnerische Seite hat ja eine Fraktion, das heißt, die hat ja auch nur so Rufsysteme, da kann ja auch bloß ein Punkt stehen. Da ist jetzt die Frage, was steht da? Nee, und ich denke halt, das Count-Ziel ist genauso wie in der Interstellar Transport Guild. Wenn du eine Orga hast, die für die arbeitet, kannst du auch
die Perks von dort abgreifen. Ja, das ist klar, das ist klar. Das nicht. Es geht mir eher darum, du hast ja nur also kriminelle Organisationen, also nicht kriminelle, sondern Outlaw, ich nenne es jetzt Outlaw-Organisationen, haben nur die Wahl, eine zu nehmen. Das heißt, bloß welche Perks bietet die an? Weil du hast ja auch bloß Tier 1, Tier 2, Tier 3. Das heißt, du hast nur Wahl von einer Outlaw, die bestimmte Perks hat. Das heißt, du bist beschränkt. Du auch nicht. Doch. Wenn du jetzt, Nein, aber du hast aber mehrere, das ist anders aufgebaut. Du hast da zwar diese Gilde, die eine Kriminelle, die Council, die Gilde, aber du hast dann mehr Fraktionen drunter. Ja, du kannst auf verschiedene Arten... Du machst für die mehr, also... Na, du hast verschiedene Varianten von Quests, wo du deinen Ruf steigern kannst, so habe ich das verstanden. Weil hier zum Beispiel bei der, tust du nur... Meine Frau hat jetzt gerade Essen gebracht. Nee, also es gibt einen Vorteil und einen Nachteil und ich sehe den Nachteil als größeren Nachteil. Der Vorteil ist, du kannst... Und ich glaube, du hast einen Denkfehler. Weil nein, ihr habt einen Denkfehler. Nee. Sag ich. Guck mal, also ein bisschen hart. Nee, sag ich, hier, das ist Council. Alles, was du hier machst, machst du Ruf fürs Council. So. Ja. Das ist schon mal gut fürs Council, das heißt, alles, was du kriminell machst, machst du dafür gut. Das ist das Pro-Argument. Das negative Argument, was du ja bei den anderen hast, du hast ja hier Perks jeweils für, hier zum Beispiel, für Insular Transport gilt auf der guten Seite. Hast du Tier 1, Tier 2, Tier 3. Richtig. So. Wenn du jetzt auf der kriminellen Seite hast du ja auch bloß Tier 1, Tier 2, Tier 3 und so weiter und so fort. Ja. Klar, der Ruf steigt vielleicht ein bisschen schneller. Könnte dann mein Problem, was ich habe, vielleicht ausgleichen, wenn sie das haben. Aber im Prinzip hast du, wenn du fürs Council arbeitest mit der Orga, ja erstmal einen Nachteil. Weil du bist gebunden, du kannst nur eine wählen. Das heißt, die eine hat auch nur die bestimmte Perks. Von Tier 1, Tier 2, je nachdem wie ihr ruft. Ne? Ja. Das heißt, du hast nicht die Wahl, will ich jetzt zum Beispiel Vorteil haben, zum Beispiel beim Handeln. Oder will ich Vorteil haben, wie hier haben wir ja, was haben wir hier? Contract Payouts. Will ich einen höheren Payout haben? Oder will ich Reputation hoch haben? Oder Unlock haben? Die Wahl hast du bei der kriminellen Seite nicht. Da liegt ja dein Denkfehler. Ja, nee, glaube ich auch. Das ist anders aufgebaut. Nee, das ist genau gleich. Das ist ja das. Das ist genau gleich wie die anderen. Nee, das ist halt bloß eine. Du hast beim Council mehr Wege, wie du deinen Ruf erhöhen kannst. Zum Beispiel hier bei den Interstellar Transport Guild ist größtenteils tust du deinen Ruf nur durch Handel erhöhen. Und das tust du beim Council halt durch kriminelle Sachen, egal welchen Weg. Ob du nur schmuggelst oder halt überfällst oder so, ist egal. Und da macht halt bei einer kriminellen Organisation macht es halt mehr Sinn, wenn du Perks kriegst für kriminelle Handlungen, wo du mehr Profit kriegst. Wenn du jetzt mehr durch Handel Geld kriegen willst, dann wechselst du halt wieder deine Orga sozusagen, die halt für Interstellar Transport arbeitet und kriegst dann halt eben genau diesen Perk. Weil das Council ist genau kannst ja dann nicht, weil du bist kriminell, du kannst ja nicht dafür arbeiten. Nein, du wechselst wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir als einzelne Charaktere vielleicht sogar 3, 4 Orga-Mitgliedschaften haben und dann vielleicht am Anfang des Tages dann die aktive Orga wechseln, um eben für die geplante Aktivität Vorteile zu haben. Und das hat auch den Vorteil für die Game Devs und die Game Master, dass die besser wissen, was wollen die Leute überhaupt spielen heute? Mit welcher Erwartungshaltung gehen sie ins Spiel hinein? Und das Drumherum wird ja für dich dynamisch generiert, zu großen Teilen. Ich weiß nicht, ob überhaupt jetzt da genügend Informationen vorliegen, um so harte Aussagen zu treffen. Ich habe keine harte Aussage getroffen. Nein, Rüders, ich rede jetzt nicht bloß von dir, bezieh das nicht immer alles bloß auf. Okay, Entschuldige. Ich rede auch vom Jack. Vielleicht schießt du etwas übers Ziel hinaus auf diesen
geringen Infostand, wo wir jetzt sind. Vielleicht haben wir noch Informationen noch gar nicht zur Hand, wo das von vornherein aufklären werden. Versteift euch doch nicht so arg drauf. Also wie gesagt, ich sehe das derzeit so halt, dass du, wie gesagt, bis zu 6 Orgas beitreten kannst, die halt für alle 6 verschiedenen Gilden arbeiten. Die Frage ist halt natürlich, wie das dein Spielcharakter den persönlichen Ruf beeinflusst. Ja, wie gesagt, diese... Aber du wirst aber nicht, wenn du kriminell bist, kannst du nicht für... Ja, also im Endeffekt, wir können bei 5 sein. aktiv was tun irgendwie. Vielleicht schon, aber nicht im gleichen Gebiet. Ja, das ist ein gutes Beispiel, Matthias. Ja, wenn du nämlich in Pyro also du unterwegs kannst auf beiden Seiten sein, aber nicht im gleichen Gebiet, also nicht wenn in du dem zum gleichen... Beispiel als Pirat im Pyro unterwegs bist und machst für eine Piratenorganisation etwas, wo in einer Gilde unterstellt ist, und dann schwitzt du auf eine Handelsgilde, die aber auch im Pyro ist. Im Pyro ist dir scheißegal, ob du als Pirat kann wirst, solange du im Pyro unterwegs bist. Du darfst halt nicht nach Hurston fliegen, also nach Stanton. Dann ist das Problem. Solange du im Pyro unterwegs bist, ist dein Ruf, also dein krimineller Ruf, egal. Also, da fehlen uns bestimmte Informationen, wo das komplett aufklären werden. Irgendwas und hat er wie weit gesagt, sie zulassen. wenn du eben, da geht es darum, wo du früher dabei bist und wenn du für die anderen dann arbeitest und irgendwie müssen sie das herauskriegen quasi. Das muss dass du dann bei denen in der Orga oder in der Dings halt, wo du für arbeitest, nachher vom Ruf her fällst oder negativ auffällst und dann von denen keine Aufträge mehr kriegst. Ja, so wird es dann sein. Oder bei der Gilde, wo du drin bist, die für die arbeitet, du ziehst quasi den Gildenruf runter und der Gildenleader sieht es. Und sagt, ey, was machst du für einen Scheiß? Ja, genau. Außer er macht es, wenn das Ding ausgeschalten ist, wenn die Commorays ausgeschalten sind. Danach ist es egal. Also, wie gesagt, da kriegt keiner was mit davon. Aber irgendwie muss der Org-Leader das mitkriegen und da muss ein Message reinkommen, der hat das und das getan, das ist gegen den Ruf quasi von der... Ja, also wie weit sie das intensiv nachgehen wollen und aufsplitten am Ende vom Tag, das wissen wir ja noch nicht. Also mit anderen Worten, es wird auf jeden Fall schwierig sein, wenn du fürs garantiert Kriminell bist, für die anderen zu arbeiten, weil du sehr wahrscheinlich den Ruf verlierst bei den anderen. Ja, Jack, garantiert. Ja, genau, aber das war schon immer die Rede. Das ist halt die Frage. Das ist, wenn ich in einer Piraten-Orga bin und unter der Piratenflagge fliege und in Nyx halt nur meine krummen Dinger drehe, dann halt die Orga wechsle und rüber nach Terra mache, weil ich mir denke so, ich gehe jetzt in die Handelsorga, ich fliege nach Terra rüber, ich mache den ganzen Tag nur Handel. Dein Negativruf nichts bekannt sein. Eben. Außer natürlich ein böser Blockaderanner mit einer Herald-Kommandflung, und du die Information nach Terra bringen. Ja, Moment, das wird ja so sein. Also jetzt sind wir bei Spieler, kann auch NPC sein. Wenn ein Spieler, du bist jetzt auf der kriminellen Seite, greifst einen anderen Spieler an, der zum Beispiel für die Transportgilde arbeitet, aber im Pyro unterwegs ist. Ja. Und die Information, die der hat, kommt weiter. Dann geht dein Ruf auf jeden Fall runter. Dann hast du, das sind so mögliche Wege, wo du dann, zum Beispiel in Terra, bevor du rüberfliegst, durch den anderen Spieler eine Meldung gekriegt hast in Terra über dich, eine negative, die dann in Terra gespeichert ist. Und du, wenn du ankommst, also schon meinetwegen einen negativen Punkt hast auf gesetzlos. Können sein. Also, wie sie das Problem und die Komplexität am Schluss lösen. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Also, ich dachte mehr, das ist hier wie verschiedene Nummernschilder, weißt du, die Orgas. Ja, genau. Und ich dachte halt, wenn ich für Piraten fliege, dann habe ich hier Nummernschild 666 und dann fliege ich nach Terra, da schraube ich ein anderes Nummernschild an, indem ich die Orga wechsle, genau, und 111. So genau ist ja nicht, weil du deinen eigenen Ruf ja hast bei den ganzen Sachen. Das heißt, das, was du tust, hat immer Einfluss, außer irgendwelche Ingame-Sachen wie die abgeschalteten Commorays. Ja. Also, widersprechen dem oder wie sie die Kommunikation dann machen, dass dein Ruf überhaupt sich senkt irgendwo. Das ist das andere Thema, aber du kannst nicht einfach sagen, ich wechsle von der guten auf die böse Seite oder andersrum, so einfach, das funktioniert, oder andersrum du kannst es halt unter bestimmten Aspekten.
vielleicht machen. Also die Komplexität, wo unter Umständen möglich sein könnte, die finde ich interessant. Mal schauen, was sie draus machen. Ja, gehen wir zum nächsten Bild. Lass erstmal Jack in Ruhe essen. Ja, das muss er ja, vor allem, wir wollen ja bloß das kommen wir vom Thema nicht weg und der kann auch nicht essen dann. Ja, ich esse ja gerade nebenher. Meine Frau hat es hergebracht. Ich wollte eigentlich nachher erst essen. Wir sehen es, Jack. Wir sehen es alle. Wo waren wir denn? Achso, da unten irgendwo. Also Materialien, das haben wir ja schon alles. Da brauchen wir nicht nochmal. War mal Death of a Spaceship und bei dem Dings, bei dem Insurance, das haben wir schon, oder? Da habe ich nicht zu, da habe ich nur mit 1 Ohr zugehört bei Insurance und Warranty. Das ist Core Progression. Ich muss warten, bis ich es am Bildschirm sehe. Ja, ich suche es gerade. Ich weiß ja nicht, wo das stand mit dem Ruf. Mit der Ding, da hätte da überhaupt eine Folie hingelegt gehabt von dem, was du gerade gesagt hast, Matthias? Das auf Spaceship? Death of a Spaceman, genau. Death of a Spaceship, aber davor war noch, wie hieß das, Core Progression oder irgend sowas. Also der normale Game Loop, wenn man das Spiel startet und keine große Orga hat. Das war Corporate Session, das war das hier. Ja, genau. Guild Reputation, Economy, Star Sim, das nennt sie jetzt. Das, woran Tony C. arbeitet, wahrscheinlich. Jetzt, warum wir ihn nicht mehr sehen, ist Star Sim. Was soll es sein? Star Sim ist der neue Name für den Quanta-Dingsbums. Quantas, ja. Ja, das macht eine dynamische Economy und was wir heute erklärt haben, ist, dass sie Spieler-driven ist. Und Transport und bla bla bla, was von der MEC gemacht wird. Starcitizen, ist das nicht hier das im Hintergrund laufende, also die unsichtbaren NPCs, die Handel betreiben und so weiter? Die Welt schlechthin. Ja. Die Preise, die davon abgeleitet werden, dynamisch durch unsere Handlungen auch. Quantum zu komisch, weil sie es jetzt geändert haben, oder? Wahrscheinlich zu ähnlich mit Quantenantrieb vielleicht. Ich habe das so verstanden, die Starsim halt bei Powered Dynamic Economy, dass das halt der NPC-Warenkreislauf ist. Ja, halt das ganze Infrastruktur. Ja, also das ist es, aber das haben sie gesagt im anderen, dass die Spieler auch einen großen Einfluss haben drauf. Ja gut, die sollten eigentlich mal überhaupt keinen Einfluss haben, aber ja, okay, ja. Naja, weil du zum Beispiel sonst dir eine Planetblockade machen kannst Einfluss und Weltherrschaft, das sind zwei riesige Unterschiede. Im Sinne auf dem Markt doch, weil da geht es darum, dass du jetzt, wo du halt das Crafting drin hast du Spielerorganisationen, die sich auf Crafting vielleicht spezialisieren und die dann Sachen verkaufen. Ja. Die können am Preis Einfluss haben, durchaus, weil wenn die viel auf den Markt schmeißen, dann sinkt der Preis. Also die Aussagen, wo sie da gemacht haben, haben sich auf jeden Fall mehr angehört, wie das, was wir damals so im Kopf hatten. Was wir als Spieler an Einfluss haben im Verse. Ja, fix. Gerade als Organisation können wir schon ordentlich Impact machen, glaube ich, mit den Stationen. Ach, aber die Station ist ein Endgame-Ding. Also bitte, lass doch mal die Station erstmal außen vor. Die war man lang nicht, auch wenn das 1-0 da ist, weil man die lang nicht im Verse sieht. Gut, es gibt Orgas. Was ist die größte Orga? Kartell mit 3000 Leuten. 3000? Was sind 3000 Leute? Es gibt doch noch andere. Ja, du musst ja sagen, 3000 Leute die sind ja nicht unbedingt versessen drauf einzuladen. Ja, Moment, aber die 3000 sind ja nicht unbedingt versessen drauf, ein Gameplay zu spielen, um eine Station quasi aufzubauen. Garantiert, ich glaube, das ist das erste Ziel, was die haben. Ja, schon. Sicher, du meinst von den Weltraumjockeys, wo bloß ballern durch die Gegend düsen, die haben Interesse dran? Ich denke mal, dass sie erstmal die Bodendinger aufbauen und dann die Stationen, aber... Also ja, das wäre auf jeden Fall logisch, weil das ist wesentlich günstiger und wesentlich besser zu verteidigen als eine Raumstation, die von allen Seiten angegriffen werden kann. Okay, bei dem unteren Satz ging es primär darum, dass sie auch irgendwie Möglichkeiten schaffen wollen, wie wir Geld wieder loswerden.
Müssen sie. Die müssen. Ja, und eine Möglichkeit, Geld loszuwerden, ist halt Base-Building. Zerra, du hast recht. Das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das ist schon mal vernünftiger Warenkreislauf, der muss geben, weil sonst sitzt du auf dein Geld und kannst damit nicht anfangen. Also, Sollte Mike hat das kritisiert, auch vor kurzem es gibt ja Spiele, Sci-Fi-Games mit eigener Spielerökonomie. Kennt ihr sicher zufälligerweise? Ja, EVE Online oder was? Zum Beispiel. Und dort ist das auf 10 Schichten in den Organisationen durchorganisiert, damit jeder billigstmöglich dann sein Material bekommt. Ja, aber ich finde es sowas von strutz Ja, wenn die dann untereinander dann sich nicht einig sind, dann gibt es halt dann richtige Fleet Battles, wo halt dann tausende Spieler beteiligt sind. Das ist ein Spiel, die Sinnhaftigkeit von dem Spiel kann ich für mir nicht erklären. Ich kann nachvollziehen, warum andere das irgendwie toll finden, aber ich sehe keinen Sinn bei dem Spiel. Logan, es ist ganz ehrlich, es gibt so viele unterschiedliche Interessen bei so einem Sci-Fi-Game. Leute, die jetzt Eve gespielt haben, wollen mehr Logistik machen, vielleicht wollen sie umballern. Ja, schau, die Sache ist die, mir kommt so ein Spiel wie EVE Online von der Struktur, wie es abläuft, viel zu nah an dem Real-Life ran, als das, was ich mit einem Spiel verbinde. Ein Spiel sollte etwas anbieten, was ich so im Real-Life nicht in der Form habe. Wir wollen doch bei Starcitizen, dass es Real-Life ist, oder? Wir leben doch später drin, oder? Ich habe mir eine Bano Merchantment gekauft. Ich will, dass meine NPCs die Ware verkaufen an andere NPCs. Warum? Das wird doch auf jeden Fall funktionieren. Ja, aber das ist meine Vorstellung, was ich cool finde. Das Ja, hat aber nichts mit da jemand musst du anderem zu mit tun. anderen Leuten reden. Aber Starcitizen bietet ja noch Das mehr ist nicht an. allgemein. EVE Online ist, auch diese Riesenkämpfe, wo dann Werte da vernichtet werden, wo jenseits von Gut und Böse sind, Realwerte. Ja, aber sie arbeiten jetzt wahrscheinlich mindestens noch einmal 5 Jahre dran, damit sie für alle großen MMOs halt eine Alternative für die Spieler sein könnten, weil sie unterschiedliche Aspekte wie eben PvE, PvP, Handel und Soziales. Hat nie. Können wir kurz mal zum nächsten Thema kommen? genau. Matthias, das wolltest du Matthias, bist du da? Matthias? Ja, bin da. Taxes and Insurance heißt das nächste Thema. Das irgendwie fehlt es da bei dir, oder? Das haben wir ja kurz angesprochen, dass es eben nur Geldwert gibt und dass man die Dinge nur dann zurückbekommt, wenn man sie für Echtgeld im Shop gekauft hat. Was soll denn das eine dann? Was denn? Nee, aber Claim Time is provided to Crafting Time. More benefits to retrieve your ship. Ein Shuttle, das du gratis zur Verfügung gestellt bekommst, um es wieder zu kriegen. Genau. Haben wir auch alles schon besprochen. Ja, das ist ja auch, wenn du das Schiff in-game versicherst. Ist es da nicht auch so? Ja, ja. Also da, was noch vor war, Tax and Insurance ist da eben, dass du Versicherung zahlst, Tax as part of death of a spaceman, Base Security Tax for Planetary Shield Tech in UE Systems, Planetary. Und Medical Insurance for Hospital Imprints, okay, und Ship Insurance. Das ist ja nur das, was wir schon haben, oder beziehungsweise baut auf dem auf. Okay. Wie gesagt, das war, da wir ja die Schiffe umbauen können und das LTI sowieso nur für die Standardausrüstung gilt, wirst du halt so oder so eine Versicherung abschließen müssen, wenn du alles wieder haben willst. Ja, also das LTI hat... Large Ships ready available, large longer, das ist das. Was habt ihr noch? Achso, ne, das war das letzte, was ich habe hier. Also, wie gesagt, das LTI wird immer deutlicher, dass das diesen Mythos, wo da aufgebaut worden ist, niemals erfüllen wird, wie es die Leute gedacht haben und so spielerelevant sein soll, was halt totaler Quatsch war von vornherein. Das haben sie aber von früher schon angekündigt, dass es... Wollte ich gerade sagen, die haben gesagt, LTI ist halt nur kleiner Bonus für die... Selbstverständlich, aber viele haben das ja komplett falsch verstanden. Also ganz ehrlich, ich freue mich, dass sich das jetzt so geändert hat. Von meiner Wahrnehmung, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich meine Sammlung an Original-LTI-Schiffen nie zusammenbekommen werde. Und so gibt es wenigstens eine kleine Chance, dass ich Leute für gutes Geld ihr Schiff abkaufen kann.
Du sammelst Original-LTI-Schiffe. Meine Güte. Nein, ich hätte gerne eine LTI-Sammlung, ehrlich gesagt. Das habe ich mir von den Pixel möchte ich die stehen haben. Ja, alles klar, das ist in Ordnung. Es ist mein Spielziel, mach mir nicht schlecht, bitte. Naja, ist die Frage, ob... dein Spielziel, das war doch Nachrichtenmoderator im Sorry. Das ist ja... Schau, es gibt langfristige und kurzfristige Ziele. Das mit den LTI-Schiffsammlungen ist ein langfristiges Ziel. Ja, die Frage ist halt, ob du die LTI alle erbst, wenn Variationen du das Schiff das sind dann abkaufst. 300 Schiffe. Wenn jemand ein LTI-Schiff in-game verkauft, wandern die LTI überhaupt mit? Wollte ich gerade sagen. Ja, tu das. LTI ist schiffsbezogen. Haben sie klipp und klar definiert. Also wenn du ein LTI-Schiff stiehlst, es umnennst und zertifizieren lässt, dann bleibt am Schiff des LTI immer noch kleben. Nee, dann nicht, nur wenn du es verkaufst. Nur wenn ich es offiziell den Eigentümer eintragen lasse, glaube ich. Also die Versicherung, glaube ich, wird nicht dann wieder bezahlt für dein Piratenschiff. Oh, ja, okay, du hast ein sehr, sehr hehres Ziel ausgesucht. Ja. Wahrscheinlich schlaflos. Kleine Brötchen anfangen und dann größere machen, ne? Ja, bitte mach das. Sorry. Ja, du lachst mich da aus jetzt gerade, das finde ich so schlimm. Sorry, versteh mich falsch, Röders. Die Idee ist mir noch nie gekommen, du hast mich da kalt erwischt. Ne? Mal was Neues auch nicht. Ja, das ist eindeutig was Neues. Ich bin einfach drauf gekommen, dass jemand so ein Ziel haben könnte. Echt. Also, Starcitizen bietet so viel, aber da bin ich nicht drauf gekommen. Aber das ist der Vorteil von einem MMO. Normalerweise gibt es ganz viele Nischen, wo Leute ihren Platz finden können. Und selbstgesteckte Ziele sind ein Fundament von jedem Computerspiel, finde ich. Fragt jetzt ein Spiel, das ist so. Tuva fragt, ob man überhaupt gekaufte Schiffe verkaufen kann. Und für ihn hat sich das wohl anders angehört. Ja, aber den Teil seid ihr übersprungen. Das hat er alles besprochen. Was hat er da gesagt dazu? Weil die Folien habt ihr alle übersprungen. Das ist vorher, wo er gesagt hat, dass alle Schiffe, die du im Pledge Store gekauft hast, also damit hat der LTI dann... Wo hast du das gepostet? Negiert. Oder so ähnlich. Im Screen Certificates Dings ganz unten. Alles gepostet. Insurance and Warranty hier. Insurance and Warranty Claim, proves new ship, provides new ship. Und nur die Insurance zahlt dir nur die Credits. Und alle Schiffe, die du im Pledge Store gekauft haben Permanent Warranty. Plus Appropriate Insurance. Und da wahrscheinlich die Lifetime Insurance zählt dann trotzdem noch. Aber wenn du jetzt die verlängerst, die kannst du dann in-game auch verlängert, dann hast du trotzdem das. Und other ships require transferable warranty. Und die sind rare. Jetzt nochmal zusammengefasst, jetzt kam ich gerade auch nicht mehr mit. Variable, was man sich verdienen kann, das war für mich auch sehr schwammig irgendwie. Transferable warranty, also Insurance, die haben das jetzt, die Versicherung haben sie mit Warranty noch aufgestockt. Jetzt alles, was du gekauft hast, hat gleichzeitig auch die Warranty. Nur die Insurance hat sie die Zeit, was angeben ist. Die Insurance alleine, du kannst im Ingame was versichern mit der Insurance, das gibt dir nur das Geld wieder. Bedeutet, ich kann ein mega geiles Schiff zusammenbauen, selber craften und es dann so versichern mit diesem übertragbaren Warranty, dass ich dann auch wieder das Schiff bekomme und nicht nur das Geld, weil die Materialien sind ja dann vielleicht teilweise wirklich sehr schwer zu bekommen für die hochwertigen Sachen. Und das muss ich mir verdienen, das ist halt auch ein Spielziel halt, ne? Ja, wahrscheinlich, das meinst du damit, dass das schwieriger ist zu kriegen. Glaube ich, ja. Okay, danke. Also Chips require transferable warranty and they are rare. Und es gibt das, was du vorher, wo du raufscrollen musst, oben ist noch Death of a Spaceship. Eben, du hast 3 Level of Versicherung. Das haben sie auch du hast die Chassis-Versicherung, dann hast die Chassis- und Komponentenversicherung, ist Level 2 und Level 3 ist mit Decorations noch. Ja, da war ich geflasht, da habe ich dann vergessen, Printscreen zu machen. Ja, aber bei der Ding ist ja immer noch so, bei der LTI ist ja immer noch nur Chassis, normalerweise. Ja.
glaube ich schon. Aber ich blicke jetzt irgendwie den Unterschied Insurance und Warranty nicht, bei den Pledge Stores. Ja, der Unterschied ist, dass die Warranty dir das Schiff zurückbringt, die Insurance bringt dir nur den Geldwert von dem Ganzen. Okay. Nur die Warranty gibt dir wirklich das gleiche Schiff wieder zurück. Ja, du kriegst das gleiche Schiff als neues Schiff zurück. Warranty Claim. Das ist das gleiche, wenn du jetzt auf Claim drückst. Nur, ich glaube, da hat der Abbas eben das angesprochen, dass momentan eben das Problem ist, dass in 90% aller Fälle das Schiff geclaimt wird, obwohl es noch intakt ist. Genau, und das ist deswegen der ist der Punkt, Transport mit dem dass das jetzt nicht mehr geht. Das geht nicht mehr. Du kannst nicht claimen, wenn das Schiff intakt ist. Wenn das Schiff muss zerstört sein quasi und dann kriegst du erst ein neues, wenn du diese Warranty hast. Also wenn du nur Insurance hast, kriegst du nur das Geld. Ich habe gerade mal geguckt, Insurance heißt Versicherung und Warranty heißt Garantie. Ja. Ja, aber es ist trotzdem eine formale Vereinbarung, wie es jetzt im Spiel gelöst wird. Also wir haben sich halt ausgemacht, dass die Sachen, alle Sachen, die im Pledge Store für Echtgeld gekauft worden sind, halt aufgewertet gehören. Und ganz ehrlich, jeder, der das Spiel finanziert hat über die Jahre, gehört eigentlich dafür auch belohnt, dass er im Endeffekt das überhaupt möglich gemacht hat, das Spiel überhaupt möglich zu machen, dadurch, dass die Gehälter bezahlt werden. Und egal, ob das jetzt LTI ist oder auch nicht, die haben einen höheren Status und selbstgebaute Schiffe musst du extra mit einer speziellen, seltenen, übertragbaren Warranty belegen, damit du das gleiche Feature hättest. Also alle in-game haben nur die Insurance erstmal. Oder wie, ja. Nee, die LTI. Nur die Credits, es geht darum, dass du nur Credits kriegst und manchmal hast du Credits. In-game gekaufte Schiffen haben nur die Insurance. Kannst du nur Insurance machen, oder was? Korrekt. Da kriegst du den Zeitwert der Komponenten plus des Chassis und das Ganze, was du halt dann versichert hast, zurück. Aber die Komponente kann zum Beispiel selten sein oder das Material ist schlecht verfügbar. Bedeutet, du hast dann kein Schiff. Ja, das ist klar, das aber jetzt, das Insurenz du nur den Geldwert des Schiffes in welcher Form auch immer zurückgeben. Und die Warranty gibt dir das Schiff im Originalzustand zurück. Beziehungsweise in allen versicherten Teilen, wie es ist. Also wenn du was ausgebaut hast, Warranty magst, dann kriegst du es so dargestellt, wie es das zerstört gekriegt hast. Aber da habe ich das falsch verstanden. Das haben sie nicht genauer definiert, leider. Ja, okay. Also da haben wir noch Spielraum in der Auslegung. Ja, definitiv. Aber grob, glaube ich, liegen wir richtig. Ja, aber dass sich in der Richtung irgendwo mal was bewegt und differenzierter wird oder besser ausgearbeitet, das war ja abzusehen. Ja, und ich finde es, ich war immer der Meinung, die gekauften Schiffe sollten nicht mehr wert sein wie in-game gekauften, aber natürlich, durch das Echtgeld geflossen ist, verstehe ich das ein bisschen. Aber ich finde es gut, dass jetzt die Claim-Zeiten, wenn die dann so hoch sind, dass du erst claimen kannst, wenn es wirklich komplett kaputt ist. Ja, ja. Also so wie ich das jetzt verstehe. Ich habe ein paar mehr, Kroms. Also so wie du das Schiff gekauft hast und wenn du so rumfliegst, wie du das Schiff gekauft hast, kriegst du das komplett wieder so gestellt. Ingame-Schiffe, die du halt mit Ingame-Geld kaufst, da kannst du nur eine Versicherung machen, da kriegst du halt die Credits in dem Sinne zurück und kannst dir dann ein neues kaufen. So, jetzt ist halt die Frage, wenn du da an deinem LTI-Schiff ein bisschen rumbastelst und halt das sozusagen verstärkst, upgradest, je nachdem, wie du es nennen möchtest, kriege ich es dann wieder im Originalzustand zurück oder kriege ich... Ja, und das Credits für die Ware, die du abgedatet plus versichert hast, extra. Ja, eben, das ist es ja. Weil du kriegst ja, du musst ja, wenn du dein Standardschiff modifizierst, diese Modifikation extra versichern. Die sind ja nicht vom LTI abgedeckt. Ja, eben. Das ist wie LTI ist quasi wie Haftpflicht und die Komponentenverbesserungen sind wie Vollkasko. Mhm. Also mit Haftpflicht kriegst du kein Vollkasko ausgezahlt und mit Vollkasko kriegst du alles. Ja. Jetzt einfach runtergebrochen. Und wenn du ein Ingame versicherst, dann kriegst du ja nur den Geldwert zurück von den Sachen.
Genau, weil du es dir ja wieder zusammenkaufen kannst in dem Sinne. Ist ja also kein Verlust. Obwohl bei Decoration, du hast ja nicht alle Decorations. Wie ist mit Sachen, die du selten findest und nicht kaufen kannst? Du kriegst ja lässt Level Level 1, 2, 3 versichern. Ja, aber dann hast du ja nur den Geldwert zurück, aber das Teil kriegst du nicht wieder. Das ist richtig. Du kriegst nur das Geld dafür. Auch wenn es selten ist. Guter Punkt. Aber vielleicht ist das dann einfach das Risiko, das man eingeht, wenn man mit einem besonders schönen Schiff jagen geht. Warum haben die Piraten oft dann so flatteriges Zeug da? Auf der anderen Seite tut das Spiel ja in die Richtung beeinflussen, dass vielleicht ein bisschen sorgsamer mit den Schiffen umgegangen wird und nicht so auf, ich springe jetzt ein Schiff nahe, Killerbohr, wenn ich abgeschossen habe, scheiß drauf, nehme das nächste, Killerbohr, wenn ich abgeschossen habe, scheiß drauf, nächste Killerbohr, ich kann es ja jederzeit claimen. Auf einem durchschnittlichen Kampfschiff warte ich 17 Minuten, dann brauche ich 3 Schiffe, dann kann ich durchscrollen, wie ich will, dass solche Denken aufgebrochen wird. Dass das Schiff einfach wirklich wertvoll ist und dass die Leute einfach mal kapieren. Ja, wenn die Bugs weg sind, die dann die Schiffe kaputt machen, dann wäre ich auch Ja, voll genau. dafür. Und der Wert von dem Schiff soll ein bisschen das widerspiegeln, dass die Leute halt nicht so inflationär mit ihren Schiffen umgehen. Ja, und wir reden jetzt hier von 1.0, nicht vergessen. Ja. Und das ist ein Ziel, wo sie jetzt morgen nicht sein werden. Ja, auf jeden Fall nicht. Aber der andere Aspekt ist ja auch, wo sie mal gesagt haben, dass wenn du Schiffe so und so oft zerstört worden sind, dass du in der Liste weiter runterrutscht, bis du dein Schiff wieder bekommst, weil ja das erst produziert werden muss. Das ist ja auch noch nicht vom Tisch, oder? Dass es Ressourcenmangel geben kann, war mal ein Konzept, das theoretisch, gerade wenn Sachen frisch gekraftet werden, eine Rolle spielen natürlich. Ne? Und ich habe es auf Lager oder halt nicht dann. Ja, aber das hat immer noch einen gewissen Einfluss. Oder? Also wenn du im Gegensatz zu jemandem, wo auf sein Zeug achtet, der in einem halben Jahr bloß zweimal sein Schiff holen muss und der andere, wo das 20 Mal holen gemusst hat, dass der da mal im 21. Schiff deutlich länger warten muss als der bei seinem dritten Schiff. Also wenn er es an einem Tag schafft, so in der Richtung, Nein, war mal ein Konzept, nicht nur an einem Tag. Also das muss schon länger gehen. Das ist dann die Auflage von der Versicherung, die dich dann einbremst, wenn du an einem Tag das dritte Mal crasht. So. Ich glaube nicht, dass das... Ganz kurz zurück, Matthias, wir waren ja vor bei dem Core-Session mit den... ich sag gleich, warum ich auf das nochmal zurückgehe, gerade weil ihr gerade das Thema habt mit den Schiffen bauen und claimen, wie lange die dann brauchen. Das wird da berechnet, ja. Genau. Genau. Wird das im Hintergrund dann berechnet, dass mein Schiff länger braucht, wenn die Materialien im Verse nicht verfügbar sind? So. In der Region, wo du gerade bist, zum Beispiel, ja. Haben sie das gesagt bei der Ding oder war das nur... Nee, das ist altes Wissen. Da haben sie heute nichts dazu gesagt. Genau, das hat mir heute auch ein bisschen gefehlt. Also sie haben Starsim alles, was NPC war. Also außer dass es hier bei manchen Folien vorkam, haben sie zu Starsim nichts erklärt mehr, ne? Nee, sie haben es immer nur auf den Folien gehabt und das war immer Beiwerk. Wichtig war ihnen, dass die Orgas mal eigenständig überhaupt als Gruppe agieren können. Das war ihr Ziel der Präsentation, dass sie das den Leuten verklickern wollen. Leute, große Orgas, bitte kommt ins Spiel und probiert das aus. Oder es bilden sich halt große Orgas mit den Leuten, die da sind. Das vermute ich mal eher. Und dann gibt es halt eine Konkurrenzsituation und dann sind die auch wieder aktiv, denke ich mal. Also da geht's, das ist wirklich die Tür, die sie aufgemacht haben. Ja, wir haben jetzt eine Phase gehabt von technischen Grundlagen, die wir lösen mussten, damit überhaupt mehr wie 100 Leute spielen können. Und jetzt haben wir das im absehbaren Griff. Wir haben eine nicht nur Idee davon, wie Multiplayer dann funktioniert, sondern wir haben eine reale Lösung mit den Message Queues, die dann die Daten dann auf verschiedenen Servern verteilen. Müssen wir nicht darauf eingehen, aber das ermöglicht es eben, dass Hunderte gemeinsam miteinander spielen können überhaupt und nicht 10 Leute das Limit sind. Also ich gehe mal davon aus, dass sie primär eine neue Zeit, eine neue Phase des Entwickelns einläuten und uns auch Bescheid geben und sagen, Leute,
wir arbeiten für euch jetzt gerade, wenn ihr Feedback zum Orga-Gameplay habt. Wir bauen es jetzt gerade mit jedem kleinen Patch und das werden kleine Patches werden, wie das dann immer leichter für uns wird, vielleicht zu bedienen oder auch besser wird. Aber unser Feedback kann natürlich in dieser Phase wichtig sein für die Developer, weil wenn viele dann der einen Meinung sind, dann hängt man sich vielleicht auch an einmal. Das haben wir öfter gesehen, dass sie auch einlenken und dass sie auch unser Feedback verarbeiten im täglichen Arbeiten. Und das ist was Besonderes. Das ist das Besondere von Star Citizen. Dass wir uns überhaupt einbringen können zu einer Phase, wo es eben noch nicht fertig ist. Mit all den Vor- und Nachteilen. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber wir planen, also wir bekommen die Pläne und dann probieren wir es aus. Ja, wo wir jetzt einen ganz schönen Einblick auf 1.0 haben. Also, obwohl mir jetzt einiges gefehlt hat, so ein bisschen. Ja, es hat einiges gefehlt, aber sie haben einen sehr klaren Schwerpunkt gelegt, der meiner Meinung nach wichtig ist, auch gehört zu werden. Weil große Orgas werden halt mehr zum Tun bekommen in nächster Zeit. Und ich bin froh drüber. Weil die müssen auch ihr Feedback einbringen, währenddessen sie es bauen. Weil, ganz ehrlich, wenn es fertig ist, ist fertig. Dann hast du Millionen Zeilen Code schon geschrieben. Ja, aber bei Star Citizen ist fertig nicht gleich fertig. Nein, aber von einem Abschnitt. Es geht hier Ja, darum, aber komm, dieser die haben jetzt ich gebe dir recht, die haben jetzt einen großen Block in Richtung von Orga-Scheme. Ja, aber das ist ja nicht der einzige. Es fehlen noch viele andere Sachen. Natürlich. Unstimmigkeiten sind noch da. Und dass die Leute irgendwann ins Boot holen und befragen und abwägen, ausloten, was geht, was nicht geht, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das ist doch von vornherein klar gewesen. Da brauchen wir uns doch nicht drüber diskutieren irgendwie. Deshalb Entwicklungsprozess, ganz normal, Schluss. Ich sehe das positiv in der Hinsicht, dass wenn wir haben ja alle auch Spieleerfahrungen in anderen Spielen gesammelt, gehe ich mal davon aus. Ja, aber doch jeder Fortschritt in jeder Bereich ist doch positiv zu werden. Und in welcher Hierarchie sie es arbeiten, ist doch egal. Sie müssen die komplette Hierarchie abarbeiten. Anders geht es gar nicht. Ja, aber können sie nicht alles mit nötigem Maß mit ins Boot holen und beurteilen können. Sonst machen sie irgendwo einen gravierenden Fehler im schlimmsten Fall. Ja, aber bleiben wir beim Spezifischen. Jack, können wir nächste Folie machen? Ja, Moment. Naja. Wo war ich denn eigentlich? Bin gerade. Ja, ihr seid schon müde, oder was? Ja. Wir müssen uns ein bisschen die Anstrengung aus dem Ganzen rausnehmen. Ich kann das einfach runtererzählen, was ich in Erinnerung habe, damit ihr vielleicht auch was zum Nachdenken habt. Ja, du musst ja auch noch ein bisschen was für deine Rödersrunde haben. Ja, nein. Jack, mach dir keine Sorgen. Wir können gar nicht jedes Detail so besprechen, wie ich es gern besprechen würde. Weil erstens ist es zu viel und zweitens ist es auch dann zu schwierig, auf einen Punkt zu kommen manchmal. Warum, Jack? Hast du noch nicht durchblickt. Er macht jetzt so einen Haufen in den 2 Tagen, dass er die nächsten 3, 4 Episoden von Röders Runde einfach sagen kann, schau doch bitte das Video von Jack an, von Minute so und so bis Minute so und so. Ich hoffe, dass Leute, die jetzt hier zuschauen, sich auch gesprächlich bei den einzelnen Themen Gedanken gemacht haben, weil, weißt du, man hört was, man denkt drüber nach, man hat eigene Ideen, Vorstellungen und dann kann man vielleicht was formulieren, was für einen selber auch ein Vorteil ist und nicht halt irgendwas. Weißt du, was ich meine? Eine Qualität im Gespräch lebt ja davon, dass man sich gegenseitig auch zuhört und auch mal einfach sagt, okay, man muss vielleicht hat das richtig verstanden oder falsch, vielleicht ist es eine Angst, die unberechtigt ist. Was ist bei der nächste Folie? Ich habe jetzt die Folie Unlawful-Systeme. Ja, das ist halt bloß die das ist einfach nur, dass wir wissen, wo Gut und Böse daheim ist. Oh, und hier hätten sie ja gemeint, gibt es ja Bereiche, wenn man hier unterwegs bin, im Grünen, dann kommt Schnellhilfe, im Gelben weniger und im Roten gar nicht. Genau, das sind die Protected Areas. Da geht es primär darum, da gibt es dann irgendeinen Wert zwischen 0 und 100. Und bei 100 hast du ganz schnelle Reaktionszeiten und wenn du 0 hast, dann kommt vielleicht nie jemand vorbei. Ja, du hast halt dichteres Netz, weniger dichteres Netz und da haben sie als nächstes entsprechende Reaktionszeiten und zum Beispiel Hilfe. Piraten in diesen gelben Bereich eindringen könnten
und Funkerals außer Kraft setzen und dadurch in dieses System sich reinarbeiten könnten. An der Security vorbei. Was ist denn da rein kopiert? Chips and High Value Items automatically assigned. Was heißt denn das? Chip and High. Das muss auch zu dem Thema sein, weißt du, das hast du runtergepackt. Was? Ownership. Schiffe und hochwertige Gegenstände automatisch eingetragen. Keine Ahnung. Assigned eingetragen? Kann man das so sagen? Moment, Ownership, war das nicht das Ganze mit den eigenen Schiffen, wo gekauft sind? Ja. Geht zur nächsten was Folie. du im Shop gekauft hast. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht vollständig. Da fehlen ein paar Punkte auf der Ja, Folie. klar, da war ich dann ein bisschen beim Nachdenken manchmal. Da hast du früh gemacht. Wenn du Ja, kann sein. Dann gibt es Ship Piracy, dann gibt es Pyrosystem. Dass es halt dort Materialien gibt, die wir in Stanton nicht haben, bedeutet, wenn wir die bestmöglichen Raumschiffe haben wollen, dann müssen wir Materialien in größeren Mengen auch aus Pyro besorgen. Und die sind dann entweder sehr teuer oder man holt sie sich selber, vermute Also ich hier mal. zum Beispiel Pyro, High Risk, High Reward, High Quality Resources auf den ganzen Planeten. Was da fehlt bei dem anderen Mark Ship is stolen. Du kannst dein Schiff als gestohlen markieren. Also deine Schiffe und High-Value-Items werden automatically assigned. Da geht es um Ownership. Und du kannst es als gestohlen markieren und dann activates Deadman Switch, hat er da erwähnt, dass du, wenn der das nicht in der richtigen Zeit, der muss den Ownership übertragen. Und das ist sagen Sie, eine schwierige Mechanik oder. Ich erinnere mich, ja. Ja, und wenn das nicht ist, dann ein nachher Perk ist das von Schiff kriminellen weg. Ja, aber wie funktioniert das? Oder fliegt es dann nicht mehr? Oder ist ja auch blöd? Irgendwie, keine Ahnung. Es fliegt nicht mehr und du kannst es dann nur noch salvagen, haben sie gesagt. Das ist aber auch doof. Top Function after a period of time, sagt er. Naja, das ist halt das typische Gauner und Polizist-Thema. Wenn der Gauner nicht schnell genug ist, erwischt er einen Polizist. Ja, gut, aber ich finde es blöd, wenn es automatisch abstellt. Wenn natürlich dann Wachen kommen und die Ding ist, dass dann gleich angegriffen wird, ist klar, aber dass es dann einfach nicht mehr fliegt, das finde ich ein bisschen komisch. Ja, aber wenn der Schiffautomatik, also eine Sicherheitsfeature drin hat, das dann nach einem gewissen Zeitraum eben darauf reagiert und sagt, okay, bei Owner ist nicht an Bord, ich stelle jetzt fest, das Schiff wurde gestohlen, ich fahre die Systeme runter. Es ist eine Variation von der alten Idee, dass die Schiffe so eine Art Chip drinnen haben, so eine Gestellnummer, und dass man die Papiere für das Schiff fälschen kann, damit man mit den gestohlenen Schiffen ins UE-Gebiet wieder zurückfliegen kann. Ja, das haben wir ja gar nicht. Mich stört nur der eine Punkt, dass das Schiff dann abgeschalten wird irgendwie. Ja, es ist die Variation von dem Thema, weil im Endeffekt kommt es dann aufs Gleiche raus. Du musst dann einen teuren Chip dir kaufen, der dann sozusagen eine neue Identität für das Schiff darstellt. So wie ich das sehe, soll doch nur ein Zeitfaktor eingebaut sein, dass jemand, dass man Zeit hat, mit dem noch wegzufliegen, und dann fliegt es nicht mehr. Moment, jemand, wo das Schiff stiehlt, nicht ewig dann durch die Gegend dümmelt, sondern da wollen sie einen Zeitfaktor tun, dass das geklärt wird, dass das gegengearbeitet wird, dass derjenige, wo das Schiff gestohlen hat, sich dann auch drum kümmern muss. Ja. So sehe ich das. Und dann kann er es entweder abwracken, dann hat er das Material, oder er holt sich den Chip bei seiner kriminellen Gilde, und die Gilde hat dann einen Perk für dich parat und macht das teurer oder billiger, je nachdem. Wie er sich dann darum kümmert, ist ja im Endeffekt egal. Ja, aber das ist alles kümmern. Ja, eben. Hauptsache vom Spiel wird vorgegeben, du hast nur ein Zeitfenster, das ist so und so groß und das musst du einhalten, sonst musst du mit den negativen Effekten leben. Ja, okay. Ja, für mich wären negative Effekte groß genug werden, dass man gleich angegriffen wird, wenn es irgendwo im Bereich ist. Kampf, aber anderer weicht ja den Kampf aus. Und der könnte ja dann ewig mit dem Schiff rumfliegen. Ja, das würde ja nichts machen. Wenn er es klaut, hat er das klaut. Wenn das so ist. Bei der alten Lösung hätte hätte man immer herumfliegen können. Bei der neuen Lösung hat man eben einen Timer. Ich finde den Timer gut. Ich nicht. Ich bin. Ja, du kannst
Jack, du kannst heutzutage schon Handys, die du verloren hast, totschalten, sodass sie nicht mehr benutzbar sind. Geht. Also von daher. Ja, aber auch nur, wenn du in Empfangsreichweite, müssen sie aber Empfangsreichweite. Empfangsreichweite, bitte. Jack, nächste Folie. Doch, sowas müssen sie reinbringen, sonst ist es blöd. Du kannst, BMW hat auch mittlerweile so Totmannschalter. Also du kannst ganz ehrlich, Jack hat die laufen über GPS. Ist Ganz das ehrlich, aber nicht schlecht für die BMW-Halter, dass wenn du dann Totmannschalter an Bord hast und du schaltest ein und dann liegst tot in deinem eigenen Auto? Nein, schau, der Vorteil vom Totmannschalter ist, man braucht keinen Sender, um es zu deaktivieren. Allein die Tatsache, dass du als Pilot nicht mehr auf dem Schiff bist, deaktiviert das Raumschiff. Wenn du selber zu deinem eigenen Raumschiff hinkommen würdest, könntest du es wieder aktivieren, weil du bist ja der Besitzer. Ich habe einen dummen Schatz gemacht. Ich glaube, du hast den ganz verstanden. Nein, aber ich will die Leute nicht verwirren. Ich will ja, dass die Leute verstehen, was die da die Originalkonzepte, wie sie sich's ausgedacht haben, falsch zu verstehen, macht ja keinen Vorteil. Sie haben das jetzt jedenfalls so umgesetzt, dass du ein Zeitlimit hast und der Dieb dann dieses Zeitlimit im Nacken hat, dass er aktiv werden muss, sodass er sonst mitten im Weltall rumtreiben könnte. Also so, jetzt brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Ich finde das ja ganz gut, aber okay. Das nächste Thema habe ich gar nicht so ganz kapiert, also so im Grundsätzlichen erstmal schon. Und zwar mit dem Defense-System Tech, was die da reingehauen haben. Darf ich das erklären? Ja, weil ich habe das bis zu einem bestimmten Punkt verstanden und dann nicht mehr, weil am Schluss war es irgendwie komisch mit den Verbindungen und... Nein, vergiss die Verbindungen. Im Endeffekt geht es ganz einfach. In diesem System gibt es ein altes System, historisch, von SEAL Defense Tech. Also nicht Ziel, sondern SEAL. Und die hatten dort was am Laufen. Die hatten dort ein System, wo quasi Energie für die Schilde innerhalb des Systems beliebig transferiert werden kann. Bedeutet aber, es gibt nicht genug Energie für alle Schilde gleichzeitig, sondern man transferiert dann die Energie dorthin, wo eben auch bezahlt worden ist. Und dieses Bezahlsystem für die Schilde ist quasi erhalten geblieben. Die Firma selber gibt es dort nicht mehr, aber es gibt diesen Token, also auf Kryptographie basierenden Sicherheitsmechanismus, dass du als Organisation in Pyro Sicherheit wie in der UEE, also planetare Schilde, quasi on demand haben kannst, wenn du am meisten von den Token eingebracht hast. Das ist halt die neue Lösung. Jeder, der Token einbringt, bekommt sofort Schilde. Nee. Nur die Orgas, die am meisten Token eingebracht haben, in dem Zeitraum bekommen dann für eine Woche, also diese Phasen sind immer genau eine Woche lang, und wenn man das dann bezahlt hat, hat man eine Woche seine Ruhe oder eben nicht, je nachdem, ob man dann die Schilde hat, weil wenn dann die Base von irgendwelchen R2s gebombt wird, dann ist es sicher weniger bueno, weil dann braucht man die eigenen Schilde und die haben dann auch wieder Energie, die ausgeht und das muss verteidigt werden und hin und her. Aber die planetaren Schilde haben nur die Top-Bezahler der letzten Woche. Jack, ergibt das Sinn? Ich frage mich, ob das irgendwann dann wirklich relevant ist. Gibt für mich keinen Sinn, für mich deswegen keinen Sinn. Ablauftechnisch. Wo kommt die Energie für die Schilde her? Von diesem Netzwerk, von dieser SEAL Defense Company, die das vor Ewigkeiten gebaut hat. Ja, aber wo steht die Energiequelle wirklich? Das ist alles selbsterhaltendes Zeug, macht alle seine Arbeiten vollautomatisch. Kennst du den Roman Ringwelt? Genau so im Prinzip folgt das auch. Das alte System, das gibt es halt, das ist halt Voraussetzung, das wird einfach als gegeben in den Raum geschmissen. Sie haben sich eine nette Lore ausgedacht, also bitte. Also ja, schon, aber die Lore, die erzählen die Lore und dann ist es einfach, es ist so, wie in der Lore steht und da gibt es einfach nichts mehr dran zu rütteln. Das ist in den Raum geschmissen. Es gibt halt dort die Faktoren. Und damit muss man leben. In Pyro gibt es ein tokenbasierendes Schildsystem, wo man dann quasi auch Sicherheit für eine Woche haben kann, wenn man diese Tokens organisiert. Ja, die haben einfach Gameplay-Routine mit reingearbeitet und das auf einen Lore. Ja, aber da gibt es ja sowas mit den Relais hier und Schildcore. Ja, das ist alles nur konfus machend. Jack,
braucht dich nicht zu interessieren. Du kannst Schilde haben als große Orga, auch in Pyro, wenn du Bock hast. Wie gesagt, ob das dann, wie weit das Spiel relevant ist am Ende des Tages, wird sich ja dann zeigen. Wir wollen dann zusätzliche Ebene mit reinziehen. Schluss. Ja. Das ist halt die Lore-Erklärung, wie die Energie hinkommt, aber es ist nicht mehr als eine Idee. Für deine Basen am Boden und was denn für die Raumbasen oder irgendwas halt Schutz erarbeiten, erspielen, indem du einfach dort gegen alle anderen Orgas, die da auch mit antreten, halt versuchst, das ist so wie Capture the Base oder sowas halt. Ja, je mehr begrenzt eine Sicherheit aufbauen. Und das ist im Pyro ja auch wünschenswert, wollen wir mal sagen. Und eine zusätzliche Sicherheit für die Spieler im Pyro, was ich unterstützen würde. Okay, der Gruber meint, der Core produziert Energie für die Schilde, über die Relais für die Energie zu den Planetenschilde. Okay. Ja, genau. Ein sehr empfindliches, was ist, wenn der Schildcore angegriffen wird? Na, der Schildcore, da geht es nur darum, dass du diese Shield-Core-Dinger, dass du die einnimmst und erhältst. Und dafür kriegst du Token innerhalb einer Woche, die du dann einsetzen kannst und sagst als Organisation, mit den Token beschütze mir den und den Bereich. Die sind nicht zu zerstören, ganz einfach. Das ist nur ein Gameplay-Loop. Ja, und dann ist jetzt deine Basis gegen irgendwas halt geschützt. Kleines Beispiel. Also, ihr findet es gut, aber ich finde das sehr komisch umgesetzt. Kleines Beispiel. Du hast ja auch in Stanton diese Satelliten, wo du abschalten kannst, um ein Loch in der Abdeckung zu schaffen, wenn es zum Beispiel jetzt Crime State hast, das nicht angezeigt wird. Und das ist halt das Umgedrehte in Sicherheitsform. Du kannst ja diese Satelliten ja auch nicht zerstören und abschießen. Du kannst nur manipulieren, dass du einen Zeitfaktor X einen Vorteil hast. Und das ist genau dasselbe, bloß rumgedreht. Im Prinzip ist es einfach nur dafür da, dass du halt nicht jeden Tag Angriffe ertragen musst, sondern dass du wenigstens mal eine Woche in Ruhe dann farmen kannst. Genau, genau wie das andere mit dem Crime-Set. Ich bin mir sicher, dass die Token auch gehandelt werden dann. Keine Ahnung, was sie zeigen. Aber ich begrüße es durchaus, wenn du in Pyro dann hier und da sichere Bereiche schaffen kannst, auch wenn es bloß vorübergehend ist, sodass du nicht ständig Schlachten und sonst was hast in Pyro. Weil das bringt eine Unruhe ins Spiel, weil er kann damit was sichern planen kann. Aber warum sie das nicht mit Ressourcen, also andere Ressourcen geplant haben, als so ein komisches Tokensystem? Ja, sie finden es halt toll. Ja. Da hätte es schon ein Schildrelais machen können, das Energie braucht, Jack, dafür was das hat. ist schon cool so, wirklich. Nee, im Endeffekt das Ding, ob du jetzt, ich find's komisch. Ob du jetzt Energie irgendwo abziehst oder drauf gibst oder ob du das jetzt wieder ein Satellit ein- und ausschaltest oder besetzen musst, ist doch unterm Strich ein und dasselbe, das nur anderes Gameplay, um schlussendlich den Effekt zu erzeugen, dass du halt vor Ort auf deinen Basis oder auf deinen Raumstation einen Schutz hast. Ja, einen zusätzlichen. Was mich ja mehr interessieren würde, ist, sind das nur die 2 Planeten mit Schutzschilden oder kann das für jeden Planeten gelten? Das ist jetzt alles in Pyro ist mit diesem Netzwerk von Seal Technology abgedeckt. Das war bloß ein Beispiel, wie es gemacht ist. Weil später sind auch andere von den Verknüpfungen. Ja, man sieht ja hier die Relaisstation da in verschiedenen Abständen. Du hast da plötzlich mal rote Verknüpfung, wo dann vor links unten ausgeht und so weiter. Weil das war ja bloß der Anfang vor dem Bild. Das ist ja erweitert worden. Aber ich finde es ganz in Ordnung. Müssen wir gucken, ob das vernünftiges Gameplay-Inhalt ist. Also ich sehe Star Citizen halt einerseits als Sim und andererseits halt als... Es muss ein Spiel sein, was Spaß macht. Ja, aber im Moment geht es mit vielen Sachen mehr andere Richtung als Sim. Also, wie gesagt, das Modell, was mich halt stört, Sie haben so ein schönes Ressourcenmanagement vorher gezeigt. Wieso verwenden Sie das nicht hier auch?
Weil das Sonnensystem-Scale ist. Ja, aber eine Station zu bauen, die Ressourcen-Ding, aber ein Schildrelais zu versorgen mit Energie zum Beispiel, dass man weil sie vielleicht Abwechslung reinbringen wollen? Naja, die andere Frage ist, gibt es überhaupt ein Mineral, sowas wie Deuterium halt in Star Citizen, was es Energie... gibt magische Materialien, was wir wissen, oder? Also was Energie produziert. Ja, höchstwahrscheinlich Quantanium macht sicher auch Energie. Ja, okay. Da sträubt sich halt meine Logik, weil ein Schildsystem... da sträubt sich meine Logik, weil was greife ich als erstes an, wenn ich Schilde runter haben will, dann Schildcore. Ja, das genau, aber Moment, wenn du da zurückspulst, auf wo sie Base-Building machen, sprechen sie genau das an, damit du von einer A2-Bombe geschützt bist, hast du das hier. Und damit du damit du dann wirklich effektiv Schaden machen kannst, musst du das zuerst deaktivieren, haben sie doch gesagt. Oder? Ja, dass du die A2-Bomben nicht werfen kannst, da haben sie gesagt, dass es Stationsschilde gibt. Also in deiner Base kannst du ein Schild zusätzlich noch Schilde. Es gibt planetare Schilde. Das ist jetzt das Zeug, das bei der UEE-Space normal ist. Das haben die alle. Da braucht man nichts extra dafür zahlen. Da braucht man dann claimen. Das kostet was. Aber dafür ist dann dieser Schutz inklusive. Man zahlt, glaube ich, auch Taxe regional, wenn man dort Sachen produziert im sicheren Gebiet mehr als jetzt im Pyro. Oder im Pyro zahlt man dann gar nichts in der Hinsicht. Dort muss man sich halt um diese Token kümmern, wenn man Sicherheit möchte. Oder man hat eben dann Turrets aufgestellt und Schilde aufgestellt und steht aktiv dort und verteidigt seine eigene Mining-Aktion. Und dann kann man sich vielleicht auch wehren. Was der Jack gehabt hat, jetzt hast du da diesen Schutz quasi von diesem Schildprogramm, wo du Tokens dafür erarbeitet hast, aber jetzt, wenn die jetzt da oben gerade die Station, die zu dem Planeten gehört, wo du den Schutz hast, wenn die gerade einnehmen und das deaktivieren, ob das geht. Also ich würde ja mal denken, dass die sich, sobald das aktiviert ist, selber mit Schilden schützen, sodass du unmöglich durch kannst. Ja, warum? Irgendwie muss ja Dynamik dahinter entstehen. Du bist halt unten am Boden geschützt, aber oben, das musst du auch schützen. Und unten kannst du halt noch mit eigenen Sachen schützen. Wir haben das Grundprinzip doch erst einmal vorgestellt. Wie weit ist Abhängigkeiten voneinander? Wollte ich gerade sagen, müssen wir gucken, wie sie es ausgearbeitet haben dann. Also ob du nur die Relais dann ausschalten kannst, wenn du jetzt den Planeten angreifen willst, oder den Core ausschalten kannst. Das müssen wir mal gucken. Also meine Vermutung ist, sobald das Ding einmal aktiviert ist, dann tut es da undurchdringlicher Schild um den Core und um die Relais machen und du kommst nicht ran, wenigstens für die Woche. Alles andere würde keinen Sinn machen. Derweil einmal, sie bräuchten eine recht komplexe Logistikkette und NPCs, die dann extra die Schilde reparieren, fliegen. Ist doch ganz egal. Weil schlussendlich werden sie uns schon zeigen, wie sie es angedacht haben. Okay. Und hauptsächlich die Grundfunktion, was sie sich wünschen, ist dann gegeben, weil damit kann man Planung aufbauen. Ultimative Endgoal, das war dein nächstes Ding. Ja, das gefällt dann, wenn dir das vorher dir nicht gefallen hat, gefällt dir das am allerwenigsten halt wahrscheinlich, ne? Ja, Endgoal gefällt mir schon auch. Das Problem ist, wenn sie was einbauen, wo ich dann gleich sage, wenn ich jetzt logisch nachdenke, würde ich doch, wenn ich die Schilde ausschalten will, erstmal da oben den Core, der weit weg ist, angreifen, dann ist alles aus. Ja, aber manchmal sind halt... Und mich stört halt immer der Aspekt, wenn was komplett undurchdringliches Schild, das ist doch, nur für eine Woche... Nicht, ob es ein undurchdringliches Schild ist oder irgendein anderer Mechanismus. Nein, undurchdringliches Schild von der Basis zum Beispiel, also ganz undurchdringlich. Ich glaube gar nicht, dass das eine Woche hält. Der ist wird nur nach einer Woche wird das zurückgesetzt. Weil du kannst über die Woche, das ist was ständig läuft. Das ist, wo du ständig, die Orgas werden sich ständig da befetzen, da hast du nicht Ruhe, eine Woche. Denn was mich auch noch interessiert ist, das Schild, wenn steht, kannst du doch nur einen Bodenangriff fahren, oder? Da kommst du doch durch jedes Schild durch mit einem Fahrzeug. Die Frage ist, ob du mit dem Schiff durch... nur von oben. Ja, das betrifft nur Schutzschild, dass du eben von den ganzen Air-to-Ground-Attacks irgendwie halt Bomben und so Sachen. Ja, dass du einfach oben stehen und runterballern. Von den groben, fetten Dingern geschützt bist, aber
Bodenkampf und so weiter oder mit einem Jäger reinfliegen oder so, das ändert sich doch nicht. Das Also habe ich. es ist kein Gamekiller oder so in dem Sinn, ist es nicht. Das ist nur eine Erweiterung von Möglichkeiten, um ein bisschen mehr Sicherheit reinzugehen. Also nicht nur mehr Sicherheit, sondern da geht es auch um einen anderen Aspekt, den er anspricht, Instant Action. Da geht es um Instant Action, dass du da reingehen kannst und dich direkt mit den anderen Orgas bekriegen. Naja, es geht da eigentlich mit den komischen Schilden, da geht es da eigentlich nur darum, dass du halt nicht von oben halt mit paar Capitals oder Torpedobombern halt 100 Kilometer aus dem Orbit halt da ja die komplette Basis zugrunde bomben kannst. Ja, aber du kaufst dir den Vorteil nur mit den Punkten, die du hast, die du aktuell erfarmt hast. Und also das resettet sich nur nach einer Woche. Jede Woche ist ein Reset von dem und dann startet der Kampf die ganze Zeit von vorn. Also das nicht mit, wir haben jetzt da was gefarmt und wir bieten jetzt die Punkte und dann sind wir safe. Nee, so aber du kannst, das ist aber eine Stufe in die Richtung. Dass du, nein, ich rede davon, dass du das erreichen kannst. Halt, Matthias, ich sage nicht, dass du es erreichen kannst, aber du kannst eine Unterstufe erreichen, wo eine etwas bessere Sicherheit als die ohne da ist. Und die ist dann fragil. Aber du hast immer noch besser als nichts. Ja, aber es ist die ganze Zeit dynamisch. Also das ist etwas nur, was große Orgas machen können, weil sie ständig Spieler aktiv haben, die auf dem Level interagieren. Also, was das Schild angeht, bin ich immer noch gespannt, wie sie das machen, ob man da durchfliegen muss oder kurz warten muss, dass man durchfliegen kann. Weil wenn man ja mit dem Schiff durchfliegen kann, dann kann man ja unten auch wieder abschießen. Also, aber schau her. Game-Mechaniken müssen erstmal getestet werden. Weil wenn du keine Spieler findest, die Game-Mechaniken auch spielen wollen, weil sie es einfach, was weiß ich, fade finden oder so, dann kann das es gleich wieder direkt in die Mülltonne kippen. Also warten wir erstmal ab, was da draus wird. Also ganz ehrlich, dadurch, dass 1.0 noch ein bisschen entfernt ist, haben ja die Orgas auch noch Vorlauf, vielleicht Mitglieder anzuhäufen, damit sie dann wieder was tun können. Dabei testen wir überhaupt so. der Kruger hat, glaube ich, das habe ich wohl vorher nicht richtig mitgekriegt. Die haben gesagt, dass es nach Reputation und Allianzen ein Durchflugfenster anfordern können soll. Also so, was sie damals im Konzept hatten, glaube ich, mit dem, das hat man doch ganz früher, wo es noch nicht die Planetentech gab. Wo man ein Schildfenster hatte, wo sich das dann aufgemacht hat. Wo man zum Tor hinfliegen musste, dass es aufgeht. Ja. Und Goldi, du hast recht, das ist ein Bedenken, was sehr viele andere Citizens auch haben. Okay, als nächstes würden wir dann zu den Stationen kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr Bock drauf habt. Ein Bild fand ich noch zur Zwischeneinlage, weil man oft so ein bisschen Spoiler, weil wir kriegen doch den kurzen Jump. Das war auch beim geil, ja, der hat mir gut gefallen. Water 42 hat man das ein bisschen gesehen und glaube ich auch mal da kurz, dass so ein kurzer Quantum Jump gibt. Ja. Was sie ja mal gesagt haben, dass reinkommt. Dass er einfach ganz anders ausschaut. Ja. Ja, so Wassereffekt. Der soll ja allgemein so dann ausschauen, die Quantenreise, oder? Das ist, glaube ich, nur für der kurze. Ich glaube, das ist nur der kurze Jump. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, alle Jumps sollen dann so schauen. Nee, soll nicht, weil das haben sie, wo sie das Upgrade-System gezeigt haben, das war ein normaler Quantum Jump. Wo sie die Ladegeschwindigkeit. Andere Bild sein, oder? Wo sie die Ladegeschwindigkeit gezeigt haben. Das ist der Unterschied. Also, ja, ich bin, wenn sie so unterschiedliche Effekte reinbringen, ist doch eine nice Nebensache, oder? Warum muss man alles auf einen Nenner runterbrechen? Ja, was bei mir halt ist, dass sie jetzt auch schon den neuen Quantum Jump eingebaut haben und ich hoffe, dass wir den auch demnächst kriegen. Ja, den haben sie uns versprochen, dass wir den alle kriegen, eigentlich. Hätte ich so verstanden. Ich glaube, damit lassen wir es im Raum stehen, oder? Okay, Zeig, was wolltest du noch weiter sagen von dem Effekt? Okay, du wolltest bloß jetzt darauf hinweisen. Also, der ist ja viel schöner. Auf den Effekt wollte ich nicht hinweisen. Ich wollte einfach auf das, dass der ein paar Mal zu sehen war und ich hoffe, dass ein Zeichen ist, dass wir den bald kriegen. Auf das wollte ich hinaus. Das war eigentlich alles. Also ich wollte jetzt nicht auf den Effekt selber, weil das können sie 10-mal ändern, wenn sie wollen.
Aber ich denke, das ist so wie alle Entwicklungen, wo sie uns mal gezeigt haben, dass die meisten Leute wünschen, dass sie so bald wie möglich im Spiel auftauchen. Der Keule Exe fragt, weiß jemand zufällig, was im geheimen Goodie-Pack war? Für die da waren, meinst du? Es gab gestern Leute, die das ausgepackt haben. Echt? Ich habe es nicht gesehen. Essbare Reizwäsche? Beim Warten, bevor die Show begonnen hat, haben 2 Leute, habe ich gesehen, da war dann Werbung drin von Tobi Eye und dann so Anstecker, also nicht Anstecker, so zum Aufnähen. So Badges. Ach nee, im Pledge meint er. Eine persönliche... So. In welchem Pledge? Weiß nicht, was da drin war. Was meint er mit Pledge? War im Pledge ein Verkauf? Ist das noch oder ist es nicht? Ja, das Citizencon Goodie Pack. Das digitale. Gibt es das noch zu Digitale. kaufen? Ja, da waren 2 Sachen drin und die Sachen haben sie auf der Citizencon gecraftet. Das eine, was ich gesehen habe, war, glaube ich, ein Helm oder so. Ja, hier ist doch die Übersicht, oder? Goodie Pack now available. Item live. Achso. Der wurde live von der Citizencon. Steht hier nur. Haben sie leider noch nicht geschrieben. Ja, haben sie nicht geschrieben. Also beim einen habe ich gesehen, dass es, glaube ich, ein Helm war. Gecraftet haben. Weil sie da mal vorbeigegangen sind. Oder es ist irgendwer anders vorbeigegangen, der von der Con aus gefilmt hat. In echt? Helm in echt oder nur... Nein, das ist ein digitales Item, was sie in-game kriegen werden. Ja, sagen wir mal so, wir haben ja schon einige Helme. Ne? Mehr als ein, ja. Obwohl wir brauchen später mehrere verschiedene, weil ja alles sehr variabler wird mit den Helmen und Zeug. Es gibt ja später zum Beispiel den Helm für bestimmte Einsatzzwecke, Raumschiffkampf zum Beispiel, also für Piloten. Dann gibt es einen Helm für was weiß ich was. Naja, aber... Und die haben dann wahrscheinlich auch andere Software drauf und so Zeug. Ich brauche bloß den universellen, ultimativen Helm, der alles kann. Ja, das wird es ja nicht mehr geben. Der eine riesen Panzerung hat und den Griecher zusammen durch diese neue Mechanik, wo sie einbauen mit den Tiers. Der Kollege schade, dachte SQ2 für digital Demo. Oh, eigentlich können sie das echt machen. Wir haben jetzt gesehen, wenn sie das spielbar haben, wieso bringen sie das nicht als Demo raus? Also mir würde der Prolog würde mir vollkommen reichen erstmal. Ja, den Prolog. Um mich bis nächstes Jahr zu hypen. Also ich denke, vielleicht machen sie das ja sogar mal noch. Du weißt ja nicht, was sie alles mit in diesen Download reinpacken müssen, dass sie funktioniert und vielleicht von anderen ausgelesen werden kann, um zukünftig über das Spiel Informationen zu liegen. Das ist das eine. Zum anderen, wer weiß, wie gut es funktioniert und wenn es nicht gut funktioniert, welcher Shitstorm dann plötzlich wieder um die Ecken kommt. Und das macht keiner freiwillig. Ja, ich denke mal, vielleicht kommt es raus, kurz vor sie es releasen wollen, dass sie dann mal einen. Weil sie haben jetzt den Anfang gezeigt, also das ist ja nicht mehr Spoilern, wenn sie dann zeigen. Moment. Dass sie dann als Demo wirklich kurz vor Release raushauen. Dass sie sowas machen wie PDU oder so für das Spiel. Das haben sie schon mal vor längerer Zeit gemacht. Ja, das kann auch sein, dass Evocatis das zum Spielen kriegen. Dass auch normale Spieler eingeladen werden, das zu testen. Nicht bloß Evocatis. Ja, aber die müssen dann eine NDA auf jeden Fall unterschreiben. Ja, freilich, aber das kommt auf jeden Fall einmal. Und zwar eine härtere wie die NDA, wo wir Ding haben, glaube ich. Was denn? Das ist ja kein Problem. Du darfst keine Aufnahmen machen, darfst keine Bilder machen, darfst das Maul nicht aufmachen und damit hat sich's doch. Offiziell darf das Spiel nie gespielt haben und damit hat sich's. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann mal. Und dann kurz davor wird halt mal vielleicht zum Teasern, zu Werbezwecken irgendwie eine Demo kommen. Obwohl ich glaube, in dem Fall haben sie es nicht nötig. Da manchmal ein paar Millionen mit offenen, runtergeklappten Kiefer vor dem Monitor hocken und der rechte Zeigefinger wird schon über der Maustaste schweben, um es zu bestellen und zu kaufen. Oder ja, General Martok meint, der Prolog hat wenig Anspruch. Er war aber cool inszeniert und das Erleben wäre geil. Also ein Prolog ist auch nicht dazu da, alle Mechaniken schon zu zeigen. Absolut.
Das ist ein Prolog nie. Ein Prolog ist immer der einfache Teil sozusagen. Das ist immer so Einführung ins Game, ins erste Ding. Der Prolog ist nie. Dass du abgeholt wirst, gleich von Anfang an. Ja, also es war halt richtig eher wie ein Film inszenierter Prolog. Und später wird es ja anders, das haben sie ja auch schon gezeigt. Ja, dann fliegst du einen Mentalcarrier und was von Kingship angegriffen. Ja. Deswegen. Ich fand aber, das Anspruch da, also das hat er einfach gemacht, aber wo der da durch das Ding geflogen ist, da hätte ich jetzt nicht geblickt, auf welches Ding ich als nächstes jumpen soll. Echt? Nö, aber er hat immer gleich hingeguckt, deswegen hat man es gesehen, aber also mir ist aufgefallen, ich dachte am Anfang, man könnte auch bis zum hinten schweben. Ja, und der ist aber dann ich über auch. so Dinge gegangen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der immer auf diese Platten geschaut hat und sobald er über die Platte gegangen ist, ist sein Punkt in diesen Icon gewechselt. Also man hat gesehen, wie weit die Plattform entfernt war und ich bin mir ziemlich sicher, dass er dann dass er sich dann so abgestoßen und dass er dorthin hüpft, also EV8 quasi. Ja, also die Information hat er eben gekriegt, indem er über so eine typische Plattform, wo immer wieder mehr oder weniger ähnliche aufgetaucht sind, Icon drüber hat, dann hat er Informationen gekriegt, okay, die ist 150 Meter entfernt, dann ist er losgesprungen, dann hat er die nächste gesucht, dann hat er wieder eine gefunden, wo das Icon mit 120 Beim Icon hat man halt gesehen, ob es eine Schräglage gibt oder auch nicht, oder ob sich das dreht. Also das Icon hat auch visualisiert, wie das Objekt gerade im Raum ausgerichtet ist. Also ich kenne was Ähnliches von anderen Spielen, mir fällt es jetzt bloß nicht ein. Der Martuk meint, jetzt ist der Reiz raus, weil er schon alles gesehen hat, aber das war der Anfang von der Story. Das war Setz dich in die Turret und drück den Knopf, bitte. Ja, nee, ich meine, von der Story war das der Anfang. Das war halt die Schlacht und danach musste ich durchsetzen als Pilot irgendwo. Außerdem haben wir nicht mitgekriegt, ob der Kingship Carrier, oder Kingship schlechthin, ob der wirklich zerstört worden ist, weil er noch fliegen können hat. Weil dann hat das Spiel abgebrochen. Ja, aber dann wäre es ja auch im Spiel. Das heißt, der Spoiler hätte ja spätestens gehabt, wenn du das Spiel Martuk, wenn du das jetzt als Spoiler siehst, dann wäre es ja genau gewesen, wenn du das Spiel dann später hast und anfängst, weil das ist ja der Anfang. Dass dann dir der Schluss, da wird ja der Schluss gespoilert. Da kann es ja sein, du kommst was weiß ich her. Der nächste Teil, der Titel vom nächsten Teil, der spoilert mehr. Der heißt Enemy Lines. Ja, vor allem, wenn sie ja irgendwas zeigen vom Spiel, dann ist es immer ein Spoiler, weil die werden dir nicht das ganze Spiel zeigen. Ja. Er meint, den Teil muss er nicht mehr. Ja, gut, man muss ihn halt dann nochmal spielen, dass man so weit kommt. Okay, können wir zu den Stations kommen, weil das ist, glaube ich, das Highlight dann gewesen am Schluss noch. Ja, die Station habe ich hier, Player Station, Among the Stars, genau. Was ist da? Das können wir selber irgendwo hinstellen, betreiben, ausbauen. Wir haben externe, wir haben interne Ausbaumöglichkeiten, wir haben dann Anbauten, wie auch Connections zu weiteren Stations. Also man kann dann noch mehrere von diesen Stationen zu einem Geflecht von Stationen zusammenfügen und dann Ressourcen wie mit diesem quasi neuen Aufzugssystem, wo dann Materialien von A nach B auch hingeschleust werden, dann auch gemeinsam nutzen und verwalten. Also die Supplies kann man dann innerhalb von dem Raumschiff dann teilen und dann auch extern mit anderen Stationen. Also, ja. Es ist ein riesiges Raumschiff im Endeffekt. Im Grunde. Und hier das ich halt nicht bewegen kann. Du brauchst die Pioneer dafür, dann baut die Pioneer so eine Supply Bay und die sendet dann immer Drohnen aus, um das herzustellen. Und das Ding ist in der Greybox Development Phase. Also eigentlich relativ weit schon. Das finde ich immer noch alles, was die Greybox Development nennen. Ich meine mal, habt ihr schon mal andere Spiele geguckt, wie die Greybox-Phase dort ausschaut? Ja, lass es einfach. Ja, aber vor allem, vielleicht tun sie es auch absichtlich irgendwie falsch deklarieren. Ja, ich würde nicht viel drauf geben. Echt nicht. Das ist für mich so ungefähr, als CIG immer sagen würde, so, nee, gucke mal, wie unsere Greybox-Phase aussieht. Nee. Ist scheißegal, was. Das geht mir ein bisschen zu viel vielleicht in spekulative Werbung oder so.
Keine Ahnung. Also, nee, aber man sollte es einfach nicht beachten. Ne? Aber ich hoffe halt, dass die Space Stations, also dass die richtig, richtig viel Ressourcen kosten. Also dass nicht, dass innerhalb von einer Woche. Nein, das kannst du vergessen, wenn das ein Endgame-Ziel ist. Dann ja, eben. Das wird richtig in die, auch 3000 Gilden Gruppe kann das nicht einfach so rucki stemmen. Das geht einfach nicht. Weil du hast ja auch die freie Wirtschaft, da wo du was abbauen kannst, kostet ja auch Zeit. Und wir sehen hier, wie die Ressourcen hingebracht werden können. Auch hier wieder die neue Mechanik von der Hull C als schnelle Verladebasis extern mit Traktorstrahl abmontieren und auf diese flach liegende Struktur hingeben. Kurze Wege. Das haben wir leider wieder nicht gesehen, wie das einfährt oder ob das einfährt. Ja, Nein, das nicht. Aber man hat gesehen bei der Station, dass es dreifach aufgebaut worden ist, die Fracht, und dann ist von oben einfach wieder weggenommen worden. Man kann die stapeln genau wie bei der Hull. Also ich denke mal, man kann schön Tetris spielen. Durch entweder durch eine zusätzliche Tür dann so weggezogen wird von dieser vorübergehenden Ablageposition am Rumpf vor der Station. Also für mich sieht es aus, als ob das sozusagen, wenn das immer voll ist, das hat bestimmt eine gewisse Höhe, wo man nur stapeln kann, dann fährt das ein und wird von den Drohnen da so rausgepackt. Und dann man hat halt gesehen im Film, dass es aufgebaut worden ist und dann teilweise einfach auch wieder weggespawnt ist, weil es so schnell gegangen ist. Ja. Sie haben den Zeitraffer gemacht dann. Ja, genau. Und ob jetzt da Drohne rausfliegt und das Ding holt oder ob sie es einfach gespart haben, die Drohnen, weil sie noch nicht in-game sind und das einfach bloß so bildlich darstellen wollten, wie das Konzept ausschaut, was ich eigentlich schlussendlich denke, dass das im Endeffekt nichts anderes war. Es war Konzept, es ist 1.0 Konzept. Was ich allerdings super gefunden habe, war einfach die Plattform, ob die jetzt einfach oder nicht, ganz egal. Ob sie jetzt mit Drohnen die Dinge reinschieben, irgendwo, ganz egal. Ich finde es auf jeden Fall mal die Plattform sehr gut, weil das beim Ausladen eine Mechanik vom Spieler bringt, die auch sinnvoll und verhältnismäßig einfach umzusetzen ist in einer Plattform. Und dann habe ich noch gesehen, bei einem Arm von der Station, da hast du einen Ladebereich gehabt, wo diese Container so neu gesteckt worden sind. Habt ihr das gesehen? Hast du nur zur Information, man fängt mit diesem einen Ding vorher an, was Sie gesehen haben, diese Supply Bay, und die hat halt dann die Basisdrohnen drauf, um den Rest von dem Raumschiff zu bauen, wenn das entsprechende Material auch dort bei dem Türdel reingesteckt wird. Ja, aber es hat einen Ausleger gegeben, ich habe bloß das Bild nicht mehr im Kopf. Es kommt noch, keine Geduld. Ich habe doch das Bild von dem Ding. Nein, ich meine später, feinen Arm, wo du so ein Konstrukt gehabt hast, das wäre wie einmal wie eine Kreuzanordnung längs, und da hast du wie ein Gitter gehabt, wo du senkrecht die Dinger reinstecken können, wie bei einem Toaster sozusagen. Das fand ich toll. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die Leuchtspur gesehen, wo die Drohnen dann drauf rumgurken mit den Materialien. Was von der Spitze, von der Supply Bay vorne weggeht. Da war wie so eine grüne Leuchtspur. Ja, sie haben eingebaute Traktordinger drauf eigentlich auch. Es geht halt dann vielleicht schneller oder so, wenn man dann, je nachdem. Wichtig ist, sobald die Materialien eingelagert worden sind, kann das Ding automatisch bauen, wurde hier im Chat auch löblich erwähnt. Danke dafür. Bedeutet, man muss einfach dafür sorgen, dass es halt dann auch diese Mengen an Ressourcen dorthin gebracht werden. Eine große Orga tut sich dann halt leichter, die Ressourcen dorthin zu stellen, als jetzt eine One-Man-Army. Also deswegen ist, glaube ich, dann der Unterschied, es wird halt dann mehr solche Stationen geben, die halt von Gruppen organisiert werden, vermute ich mal. Dieser Ausleger ist dann eben auch Teil der Station im Endeffekt. Also drumherum wird dann die Station gebaut. Das weiß ich nicht. Also da stand zwar, dass das in die Station mit reingebaut wird, die Supply Bay, richtig? Ja, das ist in der nächsten Folie, sieht man das stehen, ja. Ja, ich hab die aber, wo die Basis fertig ist, habe ich das nirgendwo verorten können, Tatsache. Nein, vielleicht ist es ja innenliegend. Die Station ist vielleicht deutlich größer als dieses kleine Hacksal da. Ja, und ich dachte, das wäre eine Außenwand oder sowas. Nee, ist ja nicht rund, oder? Ist es rund? Das ist ein bisschen gebogen, ja. Ein bisschen krumm ist es, gell? Ja.
Deswegen dachte ich, das wäre eine Außenwand oder so. Könnte sein, es ist auf alle Fälle integriert, steht hier. Also in Schrift. Die erste Sache ist, es wird automatisch konstruiert von den Drohnen. Der zweite Punkt ist, das Ding wird dann integriert in die Struktur der Station. Und man muss halt das mit Materialien befüllen, damit das funktioniert. Und man braucht halt eine effektive Logistik-Chain, um diese großen Mengen dorthin zu bringen, vermute ich mal. Oh, ich hätte gerne eine Liste gehabt mit Materialien, was man dafür braucht. Wenn das schon fix wäre, glauben wir das. Ja, natürlich ist es nicht, aber nee, weil ich meine mal, du brauchst ja bestimmt Plastik, Glas, dann Metalle oder verschiedene Metalle oder so weiter. Du brauchst Computerteile wahrscheinlich, Komponenten, ja. all diese Dinge. Ich glaube, es ist eben nicht nur Material, so Eisen in hoher Qualität, sondern halt auch dann wirklich Stuff, vermute ich mal. Übliche Komponenten, die auch dann in großen Mengen vielleicht in der Nähe produziert werden. Rixis hat ein gutes Argument, dass das Ding draußen sein muss, weil wie soll man anliefern, wenn das innen in der Station ist, der Teil? Es kann ja dann das kann ja die Notfall quasi Beladeding sein, die halt dann innenliegend ist, aber ich hätte mir gedacht, dass es halt so halber draus steht, aber es ist ein bisschen rund, das kann schon sein. Die Station hat ja die Hangars, ne? Paar Hangars hat es ja. Ja, wichtig ist, dass wir diese Station dann innen mit unterschiedlichen Interieur ausbauen können. Wir können uns also selber entscheiden, ob wir mehr Hangar wollen oder mehr Fabrikationen wollen oder mehr Living Squad oder mehr whatever, was man halt bauen kann. Und die haben dann auch Abstellplätze, Aufzüge, wo dann Sachen reingelagert, also all die Qualitäten, die wir vom Hangar kennen, haben wir dann in diesem Stationshangar auch, nur dass der halt dann komplett von der Orga wahrscheinlich organisiert wird. Ja, das war das, wir sind gerade Interieur-Expansion, da hat ja zum Beispiel Messehalle, was ist Infirmary? Die medizinische. Habitation und Generator-Rooms, das ist das Innere. Das brauchst du für Infrastruktur. Die Wege sind fix, die Innenräume können beliebig gewählt werden. Ja. Das ist auch interessant. Ich meine, die sind ja auch. Und hat sich angehört wie keine instanzierten Hangars. Ja, das ist dann jeder Ort ist genau ein Ort in der Station drin, so wie er dort ist. Genau. Und dann kann man oben drauf sowas machen. Ich glaube, das eine ist ein Schildgenerator. Ich weiß nicht, was das ist oder das. Das war einmal ein Sensor Array, dann war das Schildgenerator, dann Waffe. Ist es das ganz rechts der Ausstieg und das ganz links keine Ahnung, was das sein soll. Ressourcen zum Ressourcenübertragen. Ja, Ressourcen sammeln geht auch mit dem Ding, gell? Ja. Sammeln, ja. Gase, glaube ich, wenn du im Gasfeld bist, wie bei Horizon wahrscheinlich. Kann ich wahrscheinlich das dann anpacken. Also es kommt auch wahrscheinlich drauf an, wo du bist, nehme ich an. Stimmt, der hat ja irgendwas gesagt von, man kann irgendwie Gase aufsaugen oder so, ne? Das war mal Thema, ja. Vor langer Zeit. Dann gibt es ja die verschiedenen Wings hier, wo du da an der Seite machen kannst. Das sind die großen Orgensachen, die wir dann dran bauen können. Oder die Konnektoren zu einer nächsten Station. Wir haben 2 von diesen großen Hardpoints. Also man kann entweder einen Weg machen und dann einen Hangar setzen, oder man macht 2 Hangar, oder man macht Refinery, man sieht Cargo. Also das Cargo war das. Cargo, Refinery, Hangar Wing. Genau, das waren die 3. Also, und das ist der Hangar Wing. Das waren vorerst die 3, da werden bestimmt noch mehr kommen, weil man kann 4 insgesamt dran docken, das dürft ihr nicht vergessen, weil unten an der Station... 4? Nee, 4 insgesamt, weil unten an der Station ist ja, wo die Flugschneise oder die Flughalle ist, daran kannst du auch noch 2 dran klicken. Das war in dem einen Bild... Ich dachte, es gibt größere und kleinere. Aber das muss ich mir nochmal genauer anhorchen. Ja, ich glaube, unten das war ein bisschen für kleinere Sachen. Ja, es gibt bloß der Hangar-Wing und so, ich glaube, da gibt es, gab es nicht nur 3 sogar? Ja, es gab nur 3 von denen. Das war Cargo, Refine und... Nee, ich meine Stellen, wo man es dranhängen kann. Achso, nee, das 2 oben und wie gesagt, unten an dem Hangar denke ich auch 2. Weil das sah so aus, auf dem einen Bild gingen nämlich 4 Arme weg. Der Konnektor nicht vergessen, weil damit kann man Stationen verbinden. Ja, unten ist ja das Flight Deck, nochmal so ein Flight Deck dran, so ein zusätzliches Modul. Also 4 würde mehr Sinn machen beim Kreis natürlich, oder?
irgendwie. Oder 3 zumindest. Genau, das war das Flightdeck und an dem Flightdeck, da sind auch noch 2 Hardpoints. Und das sah halt so aus, auf dem einen Bild, da gingen 4 Arme, die sahen alle gleich aus, in jede Richtung. Ramazamba fragt, zusammengefallen, die war ganz, also gestern war es ziemlich nice mit Squadron 42 und was hatten wir noch gestern? Die Fauna. Die Vegetation. Fauna, Vegetation und Stürme und so Zeug. Heute war ich so sehr gemischter Gefühle, würde ich mal sagen. Von cool bis gefällt mir nicht so. War heute alles dabei bei mir. Bei mir persönlich. Röders hat andere Meinung dazu. Ich glaube, Ich bin der Meinung, dass einfach ein bisschen eine andere Zielgruppe versucht wird anzusprechen. Und das, was dir nicht gefallen hat, wird anderen Leuten gut gefallen. Ja. Erstmal gucken, wie es dann im Spiel umgesetzt wird, sag ich mal. Das ist das Allerwichtigste. Ach, und hier war das Twidock. Du könntest ja sogar eine Bengal wohl bauen hier. Ich glaube oder kleinere Schiffe, oder? Ja. Ja. Ich glaube, du brauchst die Blueprints auch noch. Wer gibt dir die Blueprints für die Bengal? Hier genau, das war das Foto, da fehlt rechts ein Teil, aber du siehst ja nach unten eins weggehen, nach links ein weggehen und nach oben ein weggehen. Du hast oben 2 von den Armen weggehen und beim unteren Sektion, wo der Flieger runtergeht, hast du 2 in die andere Richtung, dass du quasi wie ein flaches X hast. Genau. Das sind diese Pfade extra und die Anbauten auf einer anderen Ebene. Die Pfade tust du auch an den Hardpoints dran machen. Aber ich habe das Gefühl, die sind irgendwie drunter und die Trockendock zum Beispiel ist oben. Ja, das ist oben, die 2 Arme unten, die hängen an dem Hangar dran. Ja, genau, weil du hast unten einen Positionspunkt, wo es oben kannst du diese Krähennest nachstecken. Und unten haben sie gesagt, kannst du auch was nachstecken, da hast dann diesen Hangarbereich und die Platte, wo runter geht. Und da dran kannst du noch einmal 2 solche Arme ranstecken. Die gehen halt gegenläufig zu den anderen 2 Armen weg. Dass du dann quasi wer X hast, wenn du vor oben drauf schaust. Okay. Ich gucke gerade, ob ich, Dinger sagt gerade bei Day 2, ob ich das finde, wo sie das mit der Station gezeigt haben. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Das war relativ weit hinten. Ne, Moment, war das Station weit hinten? Oder? Fix, Stationen war eines der späteren Themen. Warte, ich gucke auch mal fix hier. Das war das Bild mit dem... Ja, ich hab's glaube so in der Nähe. Dahinter. Okay. Muss bloß die Stelle finden. Also die Station das war krass. Ja, das Bild war auf jeden Fall nach dem Hangar unten. Also müsste noch ein bisschen weiter hinten sein. Das war das Bild, glaube ich, hier mit dem Hangar drunter. Aber irgendwo, wo waren das, wo die Verbindungen von den Stationen... Da links, hier siehst du, rechts und links, zwischen dem Ausgang. Das sind die Hardpoints. Hangar und die 2 rechts und links, wo rechts ein wenig orange ist. Hier sieht man jetzt, wenn mehrere Stationen zusammen sind, also da sind gehen 4 ab an der Station. Ja, und die oben gehen zu den anderen Stationen und unten die hängen am Hangar. Genau. Also die jetzt hinten sozusagen, also oben im Bild. Die hinteren sind an der Hauptstruktur, die anderen sind an der unteren Struktur. Okay, es ist so nicht in Konkurrenz stehend. Ich kann oben ein Trockendock haben und unten trotzdem 4 Verbindungen. Du kannst 4, also du kannst 2 von diesen großen, du hast immer bloß 2 Stück. Weil und 4 Konnektoren für Pfade. Das obere Segment hat nach hinten keine Anschlüsse und das untere Segment hat nach vorne keine Anschlüsse. Du hast also immer bloß obere, untere Segment 2 von den Armen. Ich glaube, ich habe es gecheckt. Ich freue mich. Das Bild war hilfreich. Ja, hier das Video auch. Das ist das obere auf jeden Fall. Genau, das sind die oberen. Und dann kommt ja
unten der Hangar dran und der hat auch nochmal 2 von den großen Hardpoints. Sind da wirklich Da die wird gerade großen dran? verwandelt von holographisch in real. Lol. Das ist ein Hangarteil, was sie da dran gebaut haben. Ja, genau. Okay. Die untere das Segment ist Hangar, hauptsächlich Hangar und 2 Anschlusspunkte für diese Arme. Und das sieht man jetzt auch bei dem Bildschirm, dass das unten drunter ist. Die 2 sind oben und die anderen geht ja, stimmt, da ist runter. runter Genau. Und das sorgt halt dafür, dass du im oberen Segment einen Bereich hast, wo du es für was anderes nutzen kannst, den hinteren Teil, und im unteren Segment genauso. Das Branding ist auch schön irgendwie, oder? Dass man die Each Farbe comes sich aussuchen with kann. 2 unique base expansion points for specific module. Aber da steht jetzt nur was von 2. Ja, der oben. Ich gucke auch gerade hier das Video durch. Ja, genau. 2 von den, wie ich auch gesagt habe, 2 Stück sind von den Expansions, wie eben der Cargo-Bereich, die Refinery oder das Trockendock. Und die Konnektoren unten sind extra. Ach, das ist oben und unten gemeint. Ja, es gibt 2 Ebenen von der Station. Die obere Sektion ist die, wo du dann halt dann Refinery, wo du dich spezialisierst, und die Pfade unten sind zu den anderen Stationen. Nein, da kannst du auch einen Hangar zum Beispiel dranhängen. Oder Hangars, ja. Was ich Oder gesehen habe. eine Refinery, je nachdem. Also Okay. die Hardpoints sind genau dieselben, unten und oben. Nur halt bei dem Hangar gehen sie halt sozusagen nach hinten weg und bei der Station oben dran gehen die halt nach vorne weg. Okay, und man muss halt dann vielleicht die Ressourcen transportieren, wenn man dann von... Okay. Toran ausbauen musst du sowieso, weil innen musst du ausbauen, du musst außen ausbauen, du hast ja am Anfang nicht mal Waffen dran, glaube ich. Wenn ich es richtig verstanden habe. Das werden schon ein paar Ladungen von Metall sein, die wir das sehen. Das nach oben fahren, der CPZ. Nee, das ist einfach nur ein guter Aussichtspunkt, glaube ich. Für den Chef, der da oben ist. Stationsmanager steht's da oben. Ah, ich hab's Bild. Und zwar genau bei 4 Stunden 17 und 40 Minuten. 40 Sekunden. Also 4 Stunden 17 und 40. Da siehst du. Nee, das ist. Also man kann relativ flexibel diese Stationen ausbauen, wie man Bock hat, wie ich merke. Nee, das war's auch nicht. Verdammt, ich bin da Welche suchst du denn mit dem unteren Segment oder was? Ah doch, ja, nee, da sieht man es doch. Das war das Bild, wo man sieht, weil du siehst links die links und rechts. Da siehst du die Dinger und du siehst halt ganz hinten in der Ecke, siehst du halt noch so eine Strebe weggehen. Ja, bei dem Link ist es jetzt eindeutig, weil du hast da oben drüber einen Hangar und unten drunter hast den Stab. Und rechts hast du den Stab direkt vom oberen Segment ausgehen. Ja, da siehst du halt nur einen Anfang und oben, genau oben hinter dem Ausguck, da siehst du noch einen Stab weggehen. Ja, du hast rechts einen auf rechts, also auf 90 Grad, dann hast einen auf 340 Grad und die 2 unteren, die sind am unteren Segment dran. Genau, also wie gesagt, also du kannst theoretisch eine Refinery, ein Cargo und einen Hangar dran basteln und dann hast du noch, wenn du eine zweite Station bauen kannst, weil du stinkend reich bist, kannst du die auch noch verbinden. Nicht, wenn du stinkend reich bist, wenn du viele Leute hast, die Materialien anschleppen. Das ist dasselbe. Dann bist du reich an Leuten. Ja, ich habe das Gefühl, ja, reich an Leuten müsste man sein für so eine Station, weil das ist sehr viel Material und ich glaube, Teamwork, das am Leben zu erhalten. Die Logistik steckt einfach immer, sobald man nicht hinschaut. Du musst ja auch innen drin die Stationsdefense ausbauen. Das musst du ja auch noch. Im Übrigen, ja. ich habe noch ein schönes Bild, was es noch besser zeigt, und zwar, das ist mit dem Bengal Carrier, das ist genau bei 4 Stunden, 19 und 45 Sekunden. Halte ich doch also vor. Das, was wir jetzt gerade sehen, das sieht man sehr schön. Ja, da sieht man aber jetzt genau schön die 4 Arme und den Bengal halt da drinnen parken. Warte noch kurz, bis die Kamera hinten in den Arsch zeigt. Allein schon die ganzen Sicherungen mit begrenzten Laufzeit auf der Station. Ja, wenn die Sicherungen wirklich eine Laufzeit haben und alles. Na, ich hoffe, auf der Station gibt es eine Bahn. Ey. Jetzt stell dir mal vor, du musst von der einen Ecke zur anderen rennen.
Ja, Straßen gibst du, du rennst nicht, du nimmst dann Crackhead. Ja, oder so, sind ja. gezeigt worden, ja. So, und wie gesagt, wenn du den Bengal von hinten siehst, einen Arsch, da siehst du auch links und rechts hier 4 Streben weggehen. Und du siehst auch, dass du überall die Refinery, Cargo und Hangar dran bappen kannst. Das siehst du jetzt hier rechts, das ist wahrscheinlich der Hangar, da hinten siehst du eins und gleich siehst du auf der anderen Seite die 2 auch noch. Ja, unten scheint aber nur die Verbindung zum anderen zu sein. Das obere kannst du, glaube ich, nur oben anbringen. Nee, das sind alles Ausleger. Obwohl, na gut, unten ist halt eine Verbindung, aber ich denke mal, da kannst du auch, die sind genauso groß. Ja, aber ich vermute mal, dass nur die oberen mit den Stationen da geht, mit dem Hangar-Ding und das andere und unten... Ich vermute mal, die Pfade unten gehen eher für Personen und Energie kann transferiert werden und die oberen Sachen sind halt dann für die Refinery und andere, also die großen, also ein Schiffbau zum Beispiel, müsste ich jetzt was dann als Empfänger ist, als, wo man die Sachen hinbringen muss. Müsste ich jetzt mal gucken, aber für mich sieht das so aus, als würde das einmal oben der Übergang reingehen und bei dem anderen geht es unten rein. Ja, stimmt. Hier geht es nämlich oben zur nächsten Station. Ja, das kann und aber auch hier ein Fehler sein. Ja, ich denke mal, die 4 Hardpoints, die sind alle gleich. Also von daher. Weil die Röhren, die sehen genauso dick aus wie die anderen. Ja. Und da ist halt nicht, weil es dann direkt angebaut ist, weil da hast du 2 Röhren nebeneinander. Bei dem einen siehst du die 2 gelben Punkte. Also eine Refinery braucht 2 so Dinger. Nicht nur ein einzelnes Röhrl. Nee, du meinst den Hangar. Den Schiffswerft. Schiffsbau oder whatever, das scheint hier auf alle Fälle oben angesiedelt zu sein. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, dass man pro Station sich festlegen muss, welche 2 großen Dinge möchte ich haben und dann, ja, der Rest ist Konnektoren und Hangars. Nee, das glaube ich nicht. Das würde keinen Sinn machen, weil auf dem Bild sieht das so aus, als ob das einmal von Hangar zu Hangar geht und einmal sieht das aus, als ob von oben nach oben geht. Also ist nicht restricted, also du kannst überall alles anbauen wahrscheinlich. Ja, das würde ich beobachten. Es ist halt noch ein Konzept, Leute, also nicht zu ernst nehmen, das ist viele Dinge, die wir gesehen haben gestern, das werden wir im Laufe des nächsten Jahres haben. Aber das ist modular und macht für mich am meisten Sinn. Es ist Quatsch, so große Dinger halt für so teures Teil dran zu bauen und dann zu sagen, ja nee, das ist nur, wenn du dir eine zweite leisten kannst. Das ist Quatsch. Das glaube ich nicht. Nee, ich auch nicht. Das ist für Zusammenschluss von Orgas. Jack, ich habe ja noch ein Bild eingeschmissen, wo diese Container seitlich sonst in ein Schubfach reingeschoben sind. Wo siehst du das, dass die seitlich reingeschoben sind bei dem Bild? Weil das 4 Stück sind. Rechts siehst du in andere Schienen, wo die längs reingeschoben sind. Ach so, die sind so. Okay. Und das fand ich schon interessant, weil das ist auch eine Möglichkeit. Ja, das Party-Orga-System, das kommt definitiv früher hoffentlich. Das denke ich auch. Ist ja auch sinnvoll, weil du die Gameplay für Orgas müssen sie auch testen. Das Base-Building wahrscheinlich nicht, aber die Orga, sagen wir mal, Organisation, also ja, sprich, die ganzen internen Orga-Abläufe, die müssen ja getestet werden, ob die gut funktionieren, ob noch Verbesserungsvorschläge von der Community kommen, um das handlicher zu gestalten, was weiß ich. Ja. Da kommt bestimmt noch einiges. Und irgendwann müssen sie ja mal vor Beginn vom Spiel die Orgas besser einbinden, sodass die dann ein bisschen Vorarbeit leisten können unter Umständen oder zumindest Sachen für sich mal austesten können, wie sie dann später vorgehen wollen und nicht bei 1-0 vor vollendeten Tag stehen und heute ist Tag 0, jetzt fangen wir halt mal an. Also alle her. Was denn funktionieren? Also ich glaube, die Sorge, dass da die FPS runtergeht wegen der Station, würde ich jetzt gar nicht sagen, weil wir haben ja jetzt auch Stationen im Verse, die eigentlich ähnliche Leistung brauchen. Da geht auch Leistung runter. Ja. Aber eher das Problem ist nicht die Station, sondern wenn da viele Orga-Mitglieder von einer 1000-Mann-Orga da rumschwirren. Wenn du einen Haufen Spieler hast. Das ist das Schlimme dann. Ich glaube, der größte Feind ist von einer Riesen-Orga, ist, wenn da die 10
Hall-Es oder so rumstehen, voll beladen. Ich glaube, das wird die Server in die Knie zwingen. Okay, da hast du viele Objekte und das, ja, unter Umständen ja. Wobei ich denke mal, das wird im besten Fall nicht passieren. Oder sie sind dann so weit, dass sie etwas größere Kontingente besser handhaben können. Ja, Google, das Server-Meshing, das regelt zwar, dass viele Leute auf dem Server drauf können, aber das Problem ist dein Rechner, wenn viele Leute um dich rum sind. Ja, die Objekte. Dein Client ist das Problem, die Objekte, die dann berechnet werden müssen. Ja, das ist mir schon klar. Das ist eher das Problem. Das servermäßiges Problem, das ist nicht das ist sogar hier das kleinere Problem dort. Wobei, dann kommt es auch darauf an, wie dein Rechner oder das Programm das berechnet von den Objekten, wo da sind, um die rum. Weil du musst ja nicht alle Objekte um die rum berechnen, sondern es reicht ja unter Umständen bloß ein gewisser Teil. Aber das ist Effektivität, an der sie auch schon mindestens seit 10 Jahren ständig kleine Verbesserungsschritte nach vorne gehen. Also, prinzipiell. Objektcontainer-Streaming war nur ein Zwischenschritt. Am Schluss, wenn wir dann noch sehen, wie es performt. Ja, ich denke aber rechtzeitig mit. Da gibt's ein paar Workarounds, sage ich mal, die sind zwar dann nicht schön, aber ich denke mal, da wird auch vieles dann hinter dir ausgeblendet und nicht berechnet. Das ist ja sinnvoll. Was nicht in deinem Sichtfeld ist und alles andere wird runtergerechnet zu Klotz. Ja, und wie gesagt, wie sie es schlussendlich machen, ist mir ehrlich, Jacke wie Hose. Hauptsache, es hat eine gewisse Performance. Der Rest interessiert mich nicht. Weil warum soll ich mich damit auseinandersetzen, wie sie eine Lösung, wo ich nie unter Umständen erklärt kriege oder jemals sehen werde, bis auf kleinste versuchen zu erklären oder zu verstehen. Warum denn? Ich muss also du bist dann eher Verfechter von, ich muss nicht wissen, wie der Kuchen gemacht wird, der muss nur schmecken. Ja, weil wenn die tricksen und ich merke es nicht, ist doch okay. Gegen Tricks kann ich auch mitleben. Einzuwenden, was? Das Problem ist, dass wo wahrscheinlich die Tricks merken wird, wenn sie zu viel tricksen. Das ist, ja, wenn sie zu viel, aber das ist ja das, wo ich jetzt sage, da müssen sie genau das richtige Maß walten lassen und dann schauen wir mal. Und bevor das nicht 1-0 ist, können wir so lange drüber spekulieren, bis uns die Ohren qualmen. Oder wir beziehen uns auf den jetzigen Bild, aber da brauchen wir nicht viel streiten, da sind wir uns ja alle einig. Was Performance betrifft. Ja gut, kommen wir langsam zum Abschluss. Und jetzt machen wir noch eine Runde in Starcitizen, oder live? Nee, das funktioniert, läuft gerade nicht. Degradated Performance gerade. Ah, die angefixten Typen, wo da jetzt wieder... Vielleicht hier mal die Frage in den Chat hinein. Wer wird denn von euch auf einer Station dienen wollen? Weil es vorhin die Kritik gab, dass es vielleicht Fahrt ist oder so. Also ich werde sicherlich nicht im Hangar rumstehen und warten, bis ein Schiff reinkommt, was repariert werden muss. Mein Fokus ist dann eher, ich gehe Palm für meine Blueprints und für mein Research. Das macht mir dann mehr Spaß. Farm kann mir Spaß machen, wenn ich ein Ziel habe. Also ich werde der sein, der die Arbeiten benötigt an meinem Schiff, wenn ich zurückkomme. Aber ich glaube auch nicht, dass ich im Hangar sein werde und warten, bis einer da ist. Sie haben von so Heists auch gesprochen, wo man dann als Spieler so eine Station angreift und dann bei einem Türtel quasi dann den Aufzug hackt, um dann Materialien rauszuziehen und dann wieder wegzufliegen. Würde dich sowas interessieren? Wie nochmal, wiederhole nochmal, habe ich es jetzt gerade nicht verstanden. Ein Heist, also du hackst oder deaktivierst die Verteidigungsmaßnahmen, holst dir Zugriff zu einem von diesen Hangars, wo so ein Aufzug drinnen ist, fliegst mit einem Flugzeug rein, hackst den Aufzug und forderst dann Material an, das dort gelagert ist und fliegst mit dem wieder weg. Ja, auf so eine Raid von so einer Station wäre ich vielleicht mal dabei, ja. Ja, aber das ist ja was ganz anderes, als jetzt drinnen zu warten und die Eier schaukeln zu lassen. Vollkommen klar, aber die drin sind, könnten ja damit rechnen, dass jederzeit jemand kommt. Wenn jemand kommt, gibt's Action. Auf so eine Möglichkeit bei einer überschaubaren Spielzahl auf einen Server würde ich mich jetzt nicht... Nein, wir reden jetzt von Übermorgenland. Kommt, da haben wir funktionierendes Server-Meshing. Ich glaube, auch dann, weil du hast ja immer noch die Wahl zwischen
und jetzt auf sowas spekulieren oder... Logan, sie haben gesagt, dass sie dieses Gameplay bauen wollen. Es geht jetzt nicht darum zu diskutieren, ob es nein, gut wird nein, oder nicht, nein, sondern nein. es wird. Nein, ruhig davon hab jetzt ich mal, doch- ganz ruhig. Leg mir nicht was in den Mund, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ein Spieler, der da drinnen in einem Hangar sitzt, darauf spekuliert, dass diese Mechanik ausgelöst wird oder Alternative aktiv was machen tut, weil er sich eher für das Aktive entscheiden. Ja, aber das ist halt die Entscheidung des Spielers und manche wollen halt aktiv und nichts sein anderes und habe ich andere gesagt. finden das andersrum besser. Nichts anderes habe ich gesagt. Aber leg mir nicht deinen Mund, dass ich behaupte, dass diese Mechanik nicht gibt. Das habe ich nie gesagt. Okay, dann habe ich dich missverstanden. Ja, okay, aber alles das klar. hört sich oft so an. Was ich jetzt noch nebenbei sagen wollte, ich habe mal zufällig auf RSI-Launcher geschaut und da ist gerade unter RSI-Status President Universal Degradated, haben wir doch die ganze Zeit. herabgesetzte Leistung dargestellt. Ja, haben wir doch vor die ganze Zeit im Chat. Mensch, kriegst du was mit? Nee, den Chat sehe ich jetzt im Moment nicht. Hätte ich mal drin haben sollen. Und ich habe es auch vorher erwähnt, vor ein paar Minuten. Jo. Ja, im Grunde sind wir dann ja mehr oder weniger durch. Mit unserem... Chris Roberts hat sich noch bedankt am Schluss. Bei uns. Ja. Dabei sein, durch dick und dünn. Ja. Das sind ja wir waren immer dabei. Jack, du kannst ja mal gucken, was die letzten 2 Tage reingekommen ist an Pledges. Wie sehe ich das nochmal? Das interessiert mich meistens gar nicht so. Doch, ich fand's witzig, ich habe vor uns reingeguckt. Gestern waren es, glaube ich, knapp 700.000. Wo waren das nochmal? Ich war da schon lange nicht mehr. Was, 700.000? Nur? Ja, der Hauptseite, dann ich glaube Explore war das. Founding? Nee. Ich glaube Founding-Prozess, oder? Das ist das ja. Ja, bei Explore, genau, Funding, genau. Funds Raised 730 Mille. Und heute ist gerade ein bisschen hochgegangen von... Nee, Moment, das ist der 19. Wir haben schon den 20. oder? Das war gestern. Ja, das ist immer ein Tag, glaube ich, da nicht. Du musst auf 3 Stunden wechseln, oder das siehst du es besser dann? Ja, das kann sein, ja. Ja, der ist noch nicht fertig, was jetzt... ja, der ist, wie gesagt, da sind es bei 113, also. Was war denn im Mai? 163. War da irgendeine Messe, oder? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, sie sind ungefähr bei 9, 10 Millionen jetzt angekommen. Heute. 10 Mille heute. Bis jetzt. So circa. Ich habe es mal kurz überschlagen. Ja, aber was erwartet ihr denn? Wenn du das mal hochrechnest, bei 5.367.000. Ja, da musst du jetzt mal einen guten Bruchteil davon abziehen. Ich schätze mal mindestens 20%, wo mehrere Accounts haben. Weil ich allein habe schon 3 Accounts. Okay, ich habe nur einen. Und bei 2 Accounts habe ich im Moment nichts drauf liegen, weil das sind nur Accounts, wo ich dann unter Umständen später Schiffe hinüberschiebe, um eine parallele Laufbahn aufzubauen. Aha, ein Doppelagent. Agentin. Beim zweiten ist Agentin, dass er gleich erkannt, da muss ja auch einen Modulator verwenden und ähnliches, dass natürlich auch der Matthias uns nicht so nicht erkennt wird. Quatsch. Nee, kommt auch drauf an, wenn es schon mehr Orgas unterwegs sein kannst, überlege ich mir auch, ob ich jetzt dann nicht unter einem Pseudonym auf mehreren Orgas bin oder ob ich dann das nicht mit Persönlichkeit, mit Avataren abgrenzen. Ja, ist ja halt die Frage, ob du Roleplayen willst oder ob du es halt als einfacher User genau, spielst. Wenn ich jetzt als normaler User mit meinem Hauptaccount spiele und dann habe ich noch einen Roleplay-Account, weißt? Da lassen wir eine gewisse Freiheit auf. Und der Account kannst du erstellen, so viel du willst, das macht ja nichts. Brauchst du im Endeffekt bloß ein Paket überschieben, wo ein Spiel mit integriert ist. Und ja, ich habe ein paar. Also, das ist kein Problem. Toron, wir haben Stufe 1 gekauft. Das hatten wir vorher, das Thema. Qualitätsstufe 1. Das Grundschiff ist Qualitätsstufe Tier 1. Ne?
Habe ich richtig gesagt, hoffentlich. Ja, so habe ich weil sonst könnten wir es ja nicht verbessern. So habe ich es verstanden, ja. Ja, wenn es gleich 5 wäre, müsstest du nichts dran machen. Ja, Du das musst wäre ja, ziemlich schön. Obwohl ich wäre bei Scorpius durchaus zufrieden, wenn es. Ja. Ich bin halt ein wenig eigen. Genau, du kannst aber das upgraden, genau. Also, Aber das ist dann nicht mehr in der, wenn du es claimst, ist das natürlich weg, außer du versicherst extra. ja, also diese ganze Mechanik, um wieder an sein Hardware oder geldwerten Vorteil zu kommen, ist halt doch umfangreich, wollen wir das mal so ausdrücken. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch besser, als wenn es jetzt, wie bei EVE Online, du zerstörst ein Schiff und ist weg. Du darfst dann wieder irgendwie vorher neu anfangen oder so. Das ist ja auch nicht besonders viel verlangt. Also aus meiner Sicht, wenn der andere drauf steht, bitte, aber ja, ich bin kein solcher Sadomaso-Typ. Und was mich am Schluss interessiert, ist, wie diese Mechaniken wie planetare Stationen und so weiter im Endeffekt von der Masse aufgenommen, aber nicht von Organisationen. Für Organisationen macht es auf jeden Fall Sinn, bis zu einem gewissen Grad, und da irgendwas aufzubauen, weil das von einer größeren Organisation auf jeden Fall ein Ziel. Aber für den einzelnen Spieler, weil das bedeutet doch eine gewisse Ressourcenmanagement, Zeitmanagement, weil es ja um Sachen kümmern musst. Du kannst ja nicht frei nach deinem eigenen Gusto durch die Gegend schippern und machen, was du willst. Weil du bindest dich ja einzelne Spieler daran groß Freude hat. Außer man schickt dann seine Frau auf die Farm oder so. Natürlich, das geht vielleicht mit zweiter Account. So, ich will ja nicht unterbrechen, aber ich glaube, vom jetzt hier vom wie heißt das, der Spruch? Von Regen in die Traufe kommen oder so, keine Ahnung. Man soll aufhören, wenn es am besten ist, oder was meinst du? So ähnlich, oder? Das hört sich auch ganz gut an. Mal zum Heiden in die Taufe, oder wie? Ja, wir brauchen ja die nächsten paar Tage und ich will auch... Da hast du am Schluss die Heist-Situation gesehen, gell? Das mit dem goldenen Pinguin war der Heist. Ach ja, das war ein schöner Gag. So. Dann würde ich mal sagen, gucke ich mal, wem ich unraiden kann. Bei dir Alice, glaube ich, persönlich vor der Tür stehend und redet drüber, was er so gemacht hat. Wen? So. Dann verabschiede ich mich auch und wünsche euch allen noch eine gute Nächtle. Ich gucke noch 1, 2 Folgen und dann gehe ich auch schon wieder pennen. Okay. Also dann, man sieht sich vielleicht sogar diesmal Dienstag. Muss ich mal gucken. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. User disconnected Jetzt from gucke your ich channel. gerade, wen kann ich denn da anhusten? Du willst Bakterien verstreuen? Na, ich glaube, den kenne ich noch nicht. Ich rate ja gern Leute, die ich nicht kenne. Also, dann Rückmeldung, falls der irgendwie komisch ist. Also, komisch im Sinne von... Wie soll ich Seltsam. sagen? Ja, seltsam ist okay. Seltsam ist... Dienstag? Hä? Kommst du am Dienstag? Weiß ich nicht, ob ich es schaffe am Dienstag. Nein. Weil ich am Mittwoch was habe, wo Welches ich... Thema ist dir besonders wichtig? Wir haben jetzt eigentlich vieles durchgeredet. Ich weiß, aber welches Thema würdest du selber gerne noch einmal ansprechen in der Dienstagsrunde? Ich habe jetzt genug. Ich habe jetzt nichts Spezielles mehr. Okay. Na gut, Also dann kann ich drauf loslegen wieder. Von vorne weg. Einfach. Ich weiß auch gar nicht, ob ich chronologisch. kommen kann, weil ich habe was am Mittwoch, wo ich am Dienstag mich vorbereiten muss drauf, körperlich. Deswegen. Okay. Also gut, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.